Is changing. Das Meer ändert sich aber. It's not reliable Es ist nicht verlässlich. in the sense that we can't predict exactly what bit of water is going to be there. In der Hinsicht nämlich, dass wir gar nicht voraussagen können, welcher Teil vom Wasser jetzt da sein wird. But the sea is there. It's always there. Aber das Meer ist da, ist immer da. When we use the term sea, we're referring to something which is not actually there as a substance. Wenn wir diesen Begriff Meer benutzen, beziehen wir uns auf etwas, was tatsächlich substanziell, aber gar nicht vorhanden ist. The water is moving, but when we call it the sea, we catch it inside the concept, and that generates the illusion that there is something reliable and definable that we're talking about. Das Wasser bewegt sich, aber sobald wir es das Meer nennen, fangen wir das ein in ein Konzept, das uns die Illusion ermöglicht, dass etwas Definitives und Verlässliches dort ist. You can't catch the sea. Man kann die See nicht fangen. But you can't catch the concept of the sea. Aber man kann das Konzept als von See fangen. In the same way, you can't catch yourself. Und genauso kann man sich selber nicht einfangen. None of us here can know how we're going to be in 5 minutes' time. Keiner von uns hat eine Idee, wie wir in 5 Minuten sein werden. We've no idea what precise thought is going to be arising for us. Wir wissen nicht, welcher bestimmte Gedanke dann zum Beispiel für uns in Erscheinung tritt. We don't know which part of our body is going to be registering some sensation. Und haben keine Ahnung, welcher Teil unseres Körpers plötzlich irgendeine Empfindung haben wird. When I get there in 5 minutes' time, it will be me. Wenn wir dann aber in 5 Minuten dort angekommen sind, wird es immer ich sein. Because me is like a little pot, and I can put that experience into the pot. Das Ich ist sozusagen wie ein kleiner Topf, eine Schale, wo ich dieses Erlebnis hineintun kann. But of course, it's not really a pot. Tatsächlich ist es natürlich nicht wirklich eine Schale. We can talk of the self as a container. Wir sprechen manchmal über das Selbst als Behälter. But it's a concept. Tatsächlich ist es aber ein Konzept. The concept is a mental function which creates the illusion of graspability. Denn dieses Konzept ist eine mentale oder geistige Funktion, die die Illusion erzeugt, dass etwas Greifbares da wäre. Oh, I have been in this building before. Ich bin schon mal in diesem Gebäude gewesen. That's true. Das stimmt. And it's completely meaningless. Und es ist völlig bedeutungslos. Because I recognize a few features of this building. Weil ich einige Eigenschaften dieses Gebäudes erkenne. When I was here before, it was at a different time of the year. Als ich vorher mal hier gewesen bin, war das zu einer anderen Jahreszeit. The quality of light was different. Das Licht war anders. How the various items around were set out was different. Wie die Gegenstände hier platziert waren, war unterschiedlich als jetzt. Many of the people who were here then are not here now. Viele Leute, die damals da gewesen sind, sind heute nicht hier. People who are here now were not there then. Und Leute, die jetzt hier sind, waren da nicht dort hier. But it's the same place. Es ist aber der gleiche Platz. This place is what we experience. Dieser Ort ist das, was wir wahrnehmen. This world reveals itself through our participation. Und die Welt offenbart sich uns durch unsere Teilnahme. To be here is not a concept. Hier zu sein, ist kein Konzept. But to talk about it is to transform it into the realm of conceptual elaboration. Aber darüber zu sprechen, überführt es quasi in diesen Bereich der konzeptuellen Ausschmückung. Probably very few things about my precise experience of this building are the same as when I was here some years ago. Es ist sicherlich so, dass nur sehr wenige Sachen meines exakten Erlebens mit dem zu tun haben, was ich vor einigen Jahren, als ich schon mal hier war, erlebt habe. The phenomena, the phenomenological field is different. Die Phänomene,
die Dinge, die in Erscheinung treten, dieses Feld von Erscheinung ist anders. And the thing about the phenomenal world is it's incredibly rich and complex. Und was der Welt der Dinge, zur Welt der Dinge gehört, ist, dass sie extrem komplex und sehr reichhaltig ist. Too much is going on for us to grasp. Es geht so viel mehr vor sich, als dass wir es fassen können. So we clump things into groups. Und darum gruppieren wir Dinge zusammen. So we say in the room there are some women and there are some men. Also sagen wir, im Zimmer sind einige Frauen, einige Männer. Woman is like a kind of wrapper. Frau ist wie eine Verpackung. Inside there are many different kinds of women. In dieser Verpackung stecken ganz viele verschiedene Frauen. To say that these are women and these are men doesn't really tell us very much. Also sowas zu sagen wie, das sind Frauen, das sind Männer, sagt nicht viel aus. This use of concepts is a way of reassuring ourselves that we have the power to make sense of what is going on. Diese Konzepte zu nutzen, ist etwas, was uns selbst wieder versichert dessen, dass wir die Kraft haben, den Dingen Sinn zu verleihen. That we can organize the field of direct experience into patterns which give us a sense of agency and competence. Dass wir dazu in der Lage sind, das Feld des Erlebens in Muster zu ordnen, was wiederum uns ein Gefühl von Kompetenz gibt, von Fähigkeit. So, when the texts say that there is anatman or dogme, there is an absence of self or precise defining personal essence to phenomena. Wenn in den Texten zum Beispiel davon geredet ist, von Dagna, von einem Abwesendsein von selbst, das bedeutet, dass es nicht so etwas gibt wie eine präzise definierende persönliche Essenz, die den Phänomenen oder Dingen inhärent angehört. This seems very strange. Ist das befremdlich? Because it's not how we experience the world. Weil wir die Welt so nicht erleben. I am wearing a blue shirt. Ich trage ein blaues Hemd. It's quite easy to see that the shirt is blue. Es ist eigentlich sehr leicht zu erkennen, dass dieses Hemd blau ist. This is not a complex notion. Das ist keine komplexe Empfindung oder Angelegenheit. You can see my blue shirt. Ihr könnt mein blaues Hemd sehen. And that generates for you the sense that you are sitting over there looking at someone wearing a blue shirt. Und das kreiert für euch diese Empfindung, dass ihr dort sitzt, wo ihr sitzt und jemanden anschaut, der ein blaues Hemd trägt. That is to say, you are seeing an object which exists in the world by itself. Ja, das heißt, ihr seht ein Objekt, was in der Welt aus sich selbst heraus existiert. The fact that I have a blue shirt has nothing particular to do with you. Diese Tatsache, dass ich ein blaues Hemd trage, hat mit euch speziell nichts zu tun. It has to do with me because it's my blue shirt. Es hat mit mir zu tun, weil es mein blaues Hemd ist. The shirt is a thing. I am wearing this thing. Das Hemd ist eine Sache. Ich trage diese Sache. So it would appear that there is some essence or self-substance to what I'm wearing. Es erscheint uns also so, dass das, was ich trage, eine Essenz hat, eine eigene Substanz. Oder eigene Substanz. And what you are entitled to do is just notice it after the fact that it is here already formed as a blue shirt. Und das Einzige, was ihr dürft oder könnt, ist zu registrieren, dass ein blaues Hemd da ist, was jemand trägt, und dieses blaue Hemd ist vorher schon da gewesen, bevor ihr es bemerkt habt. And that's what we feel about everything else in the room. So empfinden wir alles, was hier im Zimmer sich befindet. So nehmen wir die Dinge wahr oder glauben, dass wir
We see the mats on the floor, the chairs by the window, the glass and so on. Wir sehen hier die Matten auf dem Fußboden, die Stühle am Fenster, das Glas, die Gläser oder das Glas. I see the things that are in the room. Ich sehe, was im Zimmer ist. If I go out of the room and come back in, I don't expect the room to have turned into a field of bananas. Und wenn ich aus dem Zimmer rausgehe und wieder reinkomme, erwarte ich nicht, dass sich das ganze Zimmer hier plötzlich in eine Bananenplantage verwandelt. Because we have a world of object constancy. Weil wir in einer Welt der konstanten Objekte leben. And the stability of objects reassures us psychologically that we're okay. Und die Stabilität von Objekten versichert uns unserer psychologischen Gesundheit sozusagen. The world is stable and reliable and predictable. Die Welt ist stabil, verlässlich und vorhersehbar. This view of the world, according to the Buddha's teaching, is a sign of our ignorance. Und gemäß der Lehren des Buddha ist diese Art der Sichtweise, wie wir die Welt betrachten, eine, ich habe die wichtigste Wort vergessen jetzt gerade, Unwissenheit, genau. So, ignorance means we're ignoring something. Das heißt, Unwissenheit bedeutet, wir ignorieren etwas. What is it we're ignoring? Was blenden wir aus? Not the blue shirt. Nicht, was See the blue da shirt. What we're ignoring is our part in the experience of the blue shirt. Was wir tatsächlich ausblenden oder ignorieren, ist unser Anteil im Erleben dieses blauen Hemdes. From the Buddhist point of view, ignorance means the experience that there are self-existing phenomena. Denn vom buddhistischen Standpunkt aus bedeutet Unwissenheit, die Vorstellung zu haben, dass es aus sich selbst heraus existente Phänomene gibt. That you arrive after the fact. Dass man selber sozusagen, dass die Tatsachen vor einem bereits da sind. That you are attending to that which is already in existence. Dass man sich dem zuwendet, was bereits existiert. So at the front there are some flowers. Hier vorne sind zum Beispiel Blumen. The flowers are in the vase. Die stehen in einer Vase oder in Vasen. They are there. Sie sind da. We know what's going on. Wir wissen, wie das funktioniert. But depending on where you are sitting in the room, you will have a different experience of the flowers. Aber natürlich in Abhängigkeit davon, wo wir jeweils im Raum sitzen, erleben wir diese Blumen anders, unterschiedlich. They are presented in 3 dimensions. Sie sind dreidimensional erfahrbar. There is an irregular pattern in the arrangement. Und in diesen Blumenarrangements sind unregelmäßige Muster. And so as you are sitting, whether on the ground, on a cushion or on a chair, your angle of vision meeting the angle of display of the flowers gives rise to your specific, unique perception. Es ist abhängig davon, ob wir gerade auf dem Fußboden sitzen, auf einem Kissen oder auf einem Stuhl. So gestaltet, dass der Blickwinkel, den wir selber haben, die Blumen, wie sie sich hier präsentieren in dem Raum, in einem bestimmten Winkel treffen, und das führt dazu, dass wir jeweils ein ganz spezifisches Wahrnehmen von diesen Blumen haben. Now, if you were going to art school, the first thing they would want to teach you is to look. Wenn man zur Kunstschule ginge, würden sie einem als erstes beibringen, wie man schaut. Don't draw or paint what you think, draw what you see. Zeichne oder male nicht das, was du denkst, sondern zeichne oder male, was du siehst. And when you try to do that, you find that you don't really look very well. Ja, wenn man versucht, das zu machen, dann findet man schnell heraus, dass man es nicht sehr gut macht. You imagine, Man stellt sich was vor, you assume. man nimmt was an. So, and one of the ways we support our assumption is to say, oh, there are 2 bunches of flowers at the front.
Und unsere Vorstellungen oder Ideen und unsere Annahmen unterstützen wir dadurch, dass wir zum Beispiel sagen, ah ja, da vorne stehen 2 Blumensträuße. By encapsulating whatever they are in this title, under this rubric of a bunch of flowers, Dadurch, dass man das, was sie sind, in dieser Rubrik Blumenstrauß einfach einschließt, we disguise the incredible complexity of what we're seeing verschleiern wir oder verkleiden wir die völlige oder unbeschreibliche Komplexität dessen, was wir sehen. But more importantly, we allow ourselves to be lazy and asleep. Wichtiger aber noch ist, dass wir uns dadurch selbst gestatten, faul zu sein und wegzuschlummern. The concept bunch of flowers Denn dieses Konzept Blumenstrauß seals the object versiegelt das Objekt and seals the subject. und versiegelt das Subjekt. When you look at the flowers, you have different reactions. Wenn man die Blumen anschaut, hat man unterschiedliche Reaktionen darauf. Colors evoke pure aesthetic response. Zum Beispiel Farben rufen in uns eine bestimmte ästhetische Reaktion darauf hervor They evoke memories. und rufen Erinnerungen wach. They evoke a sense of how you might arrange flowers. Oder auch ein Empfinden dafür, wie man vielleicht Blumen gut in einen Strauß zusammenlegen kann. These opinions are important Diese Meinungen sind wichtig, because they are the first sense that the flowers are revealed to us through our participation. weil sie das erste Empfinden davon sind, dass diese Blumen sich uns durch unsere Teilnahme an ihnen offenbaren. You get your bunch of flowers. Man kriegt seinen Blumenstrauß. You have no idea what flowers anyone else sees. Man hat keine Ahnung davon, wie jemand anders diese Blumen sieht hier. You can imagine what they see. Man kann sich vorstellen, was sie sehen vielleicht. That's your cogitation, that's your mental activity. Das ist unsere geistige Aktivität, unsere Fähigkeit, das zu machen, das sich vorzustellen. In the precise moment of being alive and giving your attention to the flowers, In diesem präzisen Moment lebendig zu sein und unsere Aufmerksamkeit auf die Blumen zu richten, your life and the potential of what is there come together. kommen unser Leben und das Potenzial dessen, was da ist, zusammen. All sorts of things could come to mind. So if you might think of some famous painters of flowers like Fantin Latour. You might have some memories of seeing still life paintings in a museum. Alle möglichen Sachen können uns da in den Kopf kommen. Zum Beispiel, dass wir an Bilder denken, an Maler denken, die Blumen gemalt haben, wie Latour, oder dass wir uns an Stillleben erinnern, die wir in irgendeinem Museum gesehen haben. You might imagine the flowers that were there at your mother's funeral. Wir können uns vielleicht erinnern uns vielleicht an die Blumen bei der Beerdigung unserer Mutter. This is your life, Das ist unser Leben, not anyone else's life. nicht das Leben von irgendwem anders. So if we deaden ourselves, the concept of a bunch of flowers as a done deal, as a fixed situation, allows us to fall asleep. Das heißt, wenn wir uns in uns selbst versacken lassen, dann ist dieses Konzept einer Vorstellung von einem Blumenstrauß etwas, was uns darin fängt. What is there Was da ist, oder was ist da? is what I say is there. Ist das, was ich sage, was da ist. I tell the flowers that they are flowers. Ich sage den Blumen, dass sie Blumen sind. As far as we know, flowers don't speak. Soweit wir wissen, sprechen Blumen nicht. We talk of the language of flowers because we use roses for some purposes and chrysanthemums for another. Wir sprechen über die sogenannte Sprache der Blume, weil wir Rosen in bestimmten Momenten einsetzen und in anderen Chrysanthemen. These are our human concepts, our culture. Das sind unsere menschlichen Konzepte, unsere Kultur. We might see, oh, there are some soft green ferns. Wir sehen vielleicht Eier, da sind sanfte grüne Farben. We say fern,
we say green. Wir sagen Fahne, wir sagen grün. These are concepts. These are tools which we use to apprehend something. Das sind Konzepte, das sind Werkzeuge, die wir nutzen, etwas wahrzunehmen oder etwas zu benennen und zu begreifen. So this is where it becomes very interesting. Hier an dieser Stelle wird es. When I say this is a green fern, Wenn ich sage, das ist ein grüner Farn, I have taken hold of what's one aspect of what is there, habe ich Besitz ergriffen von einem Aspekt dessen, was da ist. or at least that's how it feels. Zumindest fühlt es sich so an für mich. I'm onto something. Ich bin hier hinter etwas her. I know what it is. Ich weiß, was es ist. I know what it is because I'm telling it what it is. Ich weiß, was es ist, weil ich dem sage, was es ist. So when I'm able to catch the green fern, Wenn ich also den grünen Farn so fassen kann, I feel as if I've got what is there, dann habe ich das Gefühl, dass das, was dort ist, but I've got what is here. ich begriffen habe, aber tatsächlich habe ich bekommen, was hier in mir ist. I have caught the operational moment of my own conceptualization. Tatsächlich habe ich meine eigene Konzeptualisierung in ihrer Funktion erlebt oder in Aktion erlebt. And conceptualization is an activity moving through space and time. Und Konzeptualisierung ist eine Aktivität, die sich durch Raum und Zeit bewegt. A dynamic gesture which creates the illusion that I have arrived at some definite certainty about what is there. Irgendwie eine dynamische Geste, die die Illusion für mich kreiert hat, dass ich an einem definitiv konkreten Punkt, der da ist, angekommen bin. In Buddhism, this is called delusion. Im Buddhismus nennt man das Täuschung. It's not called delusion when you go to school. Man nennt es nicht Täuschung, wenn man in die Schule geht. When you go to school, they say, well done, now you start to understand there are different kinds of things that grow in the world. In der Schule wird einem dann, wenn man an diesem Punkt angekommen ist, gesagt, wunderbar, großartig, gut gemacht, jetzt fängst du an, was von der Welt zu verstehen. We do a little bit of botany and we go for a walk in the park and we say, this is this bush and that is that tree. Wir beschäftigen uns jetzt ein bisschen mit Botanik. Wir gehen in den Park und wir sagen, das ist der Busch und das ist der Baum. Now, children, who can first identify the oak tree? Liebe Kinder, wer kann mir als erstes sagen, was eine Eiche ist? Me, miss, I can see it. Ich kann es spoilern, ich sehe sie. Good. Sehr gut. So, from the Dharma point of view, the teacher is helping the students to be more stupid. Vom Dharma-Standpunkt aus betrachtet ist es so, dass der Lehrer oder die Lehrerin dann den Schülern hilft, dümmer zu werden. Because the child is learning to put the name on the object as if it lets them catch hold of the object. Denn das hilft dem Kind sozusagen, ein Objekt zu benennen, in der Weise, als ob es dazu führt, dass es dieses Objekt dadurch fassen kann. That is an oak tree. Das ist eine Eiche. In Buddhism, this is referred to as relative truth. Im Buddhismus nennen wir das relative Wahrheit. Because in relation to what we call the pine tree, the oak tree is an oak tree, it's not a pine tree. Denn in Beziehung zu dem, was wir eine Tanne nennen, ist natürlich eine Eiche und keine Tanne. The oak treeness of the oak tree is due to its taking its place in the field of compare and contrast. Denn das Eiche-Sein der Eiche ergibt sich aus dem Zusammenspiel des gesamten Feldes des Vergleichs und des Kontrasts. When the work of categorization of nature through Linnaeus and so on was going on, families were set up, genuses, species and so on. Als man angefangen hat, die Natur zu kategorisieren, in Kategorien einzuteilen und in Familien, in Spezies und so weiter und so fort. In this grouping together means if it's in this family, it's not in that family. Dann wurde halt es so gemacht, dass wenn die Dinge entsprechend zusammengruppiert wurden, dass sie dann eben zu dieser Familie gehören und nicht zu einer anderen. So we can say it's definitely this because it's not that. Darum konnte man dann sagen,
Es ist definitiv dies, nicht das. This is the work of concepts. Das ist das Werk von Konzepten. It really helps to stay alive if you can do concepts. Sich mit Konzepten auszukennen, bedeutet, dass man lebendig bleiben kann, am Leben bleiben kann. We need concepts to participate in the ordinary world. Es ist wichtig, Konzepte zu nutzen, um an der gewöhnlichen Welt teilzuhaben. But what Buddhism would suggest is concepts don't tell the whole truth of what is going on. Was im Buddhismus gesagt wird, ist aber, dass Konzepte eben nicht die ganze Wahrheit sagen über das, was vor sich geht. They provide methods for catching and shaping moments of experience into patterns. Denn sie bieten uns Methoden, Momente des Erlebens und Momente von Wahrnehmung, von Formung wahrzunehmen, wie sie in bestimmten Mustern sich entfalten. So when we look around the room, we see many different things. Wenn wir also im Zimmer uns umschauen, sehen wir viele verschiedene Dinge. This is how it feels. So fühlt sich das an. When we look around the room, what we see is light. Was wir in diesem Zimmer tatsächlich sehen, ist Licht. The eyes work with light. Die Augen arbeiten mit Licht. The eyes don't see tables and chairs. Augen sehen keine Tische und Stühle. The eyes see light. Augen sehen Licht. The mind interprets what is there. Der Geist interpretiert, was da ist. The mind says blue shirt. Der Geist sagt blaues Hemd. The blue shirt doesn't say blue shirt. Das blaue Hemd sagt nicht blaues Hemd. Because of the nature of your education, you are familiar with the concept of shirt and concept of blue. Wegen unserer Bildung sind wir vertraut mit der Vorstellung von einem Hemd, mit der Vorstellung von der Farbe Blau. It has become second nature to you to perceive James is wearing a blue shirt. Es ist quasi unsere zweite Natur geworden, zu sehen, dass James ein blaues Hemd trägt. This is second nature. It wasn't first nature. You weren't born with the notion of blue-shirtedness. Das ist unsere zweite Natur. Wir sind nicht geboren worden mit dieser Idee von blauer Behemdung. Gradually you have developed your capacity to manipulate concepts to create these regular patterns. Mit der Zeit haben wir unsere Fähigkeit, Konzepte zu manipulieren, verfeinert, solche Muster zu bilden oder zu sehen, zu erkennen. This capacity for pattern formation allows you to make sense of the world. Und diese Fähigkeit, Muster zu gruppieren, zu Gruppen zusammenführen, das gestattet uns, einen Sinn in der Welt zu entdecken. When you do it quickly and automatically, as if you are only identifying meaning what that was already established in the world. Wenn wir das schnell machen und automatisch machen, dann fühlt es sich so an, als ob wir nur lediglich identifizieren, was in der Welt schon gewesen ist vorher. But actually, this requires your active participation. Tatsächlich aber benötigt der ganze Prozess unsere aktive Teilnahme. Moment by moment, we are telling the world what it is. Jeden Moment sagen wir der Welt, was sie ist. Moment by moment, we are telling ourselves what we are. Jeden Moment sagen wir uns selbst, wer wir oder was wir sind. You say, I'm happy, I'm sad, I'm tired, I'm this, I'm that. Wir sagen, ich bin glücklich, ich bin traurig, ich bin müde, dies, das, jenes. We think we are communicating about how we are. Wir glauben, dass wir über das, wie wir uns fühlen, kommunizieren. But as we bring about the linguistic formation, we are calling into being that which we appear to be describing. Aber während wir diese linguistische oder die Sprachform wählen, damit rufen wir quasi das, was wir zu sein scheinen oder zu erleben scheinen, ins Leben. This is very important in the practice of meditation. In der Meditationspraxis ist das sehr wichtig. Particularly in Tantra and Dzogchen, Besonders im Tantra und Dzogchen, which are both concerned with energy. die beide mit Energie zu tun haben oder arbeiten.
energy is always in the here and now, Die Energie ist immer im Hier und Jetzt, unfolding, emergent, and open to interpretation. die sich entfaltet, die nach außen geht und offen für Interpretation ist. From the Buddhist point of view, this is why liberation or enlightenment or awakening is possible. Aus der buddhistischen Sichtweise ist das der Grund, warum Befreiung, Erleuchtung, Aufwachen oder Erwachen möglich ist. Because the key limiting factors of our existence are not out there in the world of things, Denn die Schlüsselfaktoren, die unsere Existenz begrenzen, sind nicht da draußen in den Dingen, but in ourselves, sondern in uns selbst. in how we interpret what is going on. Und der Art und Weise, wie wir interpretieren, was vor sich geht. So, in terms of the general approach of Buddhism, they would say, be attentive to the ethical quality of the coloration you bring to your interpretation. Das heißt, man würde im buddhistischen Sinne sagen dann, hab ein Auge darauf, auf die ethische Qualität der Art und Weise, wie du deine Interpretation färbst. Well, if a friend shows you their new shoes, Wenn ein Freund uns zum Beispiel seine neuen Schuhe präsentiert, you could be happy with them that they have lovely shoes, könnte man sich mit dem freuen, dass er schöne neue Schuhe hat. or you could be very envious. Oder man könnte auch neidisch sein. If you become envious, your perception of the shoe will be different. Wenn man neidisch wird, dann sieht man den Schuh mit anderen Augen. Well, it's okay for them. They've got nice, pretty little feet. I've got big, flat feet. I can't wear shoes like that. Für die funktioniert das. Die haben schöne kleine Füße. Ich habe große, platte Füße. Ich kann solche Schuhe nicht tragen. Then, of course, you're not really seeing the shoes. Dann sieht man nicht wirklich den Schuh. You're elaborating a little drama in your head. Stattdessen fügt man ein kleines Drama in seinen Kopf zusammen. And when we do meditation practice, we become more aware of how tedious and appalling and shameful these little storylines that run inside us are. Und wenn wir, je mehr wir meditieren, desto mehr wird uns bewusst, wie wirklich wie peinlich und wie was für eine Schande manchmal diese Geschichten sind, die wir in unserem Kopf ständig laufen haben. What is the purpose of all this mental activity? Welchem Zweck dient diese ganze geistige Aktivität? From Buddha's point of view, it's to create prisons. Vom Standpunkt des Buddhas aus betrachtet ist es dazu da, Gefängnisse zu schaffen. To create limitation and suffering for yourself. Begrenzungen zu schaffen und Leiden für uns selbst. It feels very important to have your own opinion and your idea. Es fühlt sich sehr wichtig an, unsere Meinung zu haben, unsere eigene Vorstellung zu haben. But the focus of your attention is always on finding the finite. Aber der Fokus unserer Aufmerksamkeit ist immer darauf ausgerichtet, das Letztendliche zu sehen. When we operate in a concept-dominated world, we are attending to the nuance of difference between this and that, putting them into hierarchical patterns. This is better than that, and so on. Wenn wir in einer konzeptdominierten Welt leben, dann ist es klar, dass wir unsere Aufmerksamkeit sehr auf die unterschiedlichen Nuancen in Hierarchien gerichtet halten, um sagen zu können, das aber besser als das oder dies ist weniger gut als das. And of course, when we look at ourselves, we bring the same approach. Und wenn wir uns selbst betrachten, auch das tun wir mit demselben Ansatz. I am like this. So bin ich. I like this, I don't like that. Ich mag dies, das mag ich nicht. All these decisions and judgments that we make that give the exquisite definition of our own profile, the topology of our existence, All diese kleinen Entscheidungen, die wir treffen und Urteile, die wir fällen, geben uns eine präzise Idee oder Vorstellung von unserem Profil, unserer eigenen Topografie. all of them are pointing to the fact that I am knowable.
Und sie alle weisen auf die Tatsache hin, ich bin erkennbar. I can find out what I'm up to. Ich kann herausfinden, worum es mir geht. I can apprehend the shape of my existence. Ich kann die Form meiner Existenz erfassen. Essentially, I am a thing. Essentiell bin ich ein Ding, eine Sache. I'm internally split into the subject aspect of myself and the object aspect of Innerlich bin myself. ich gespalten in diesen Aspekt, den Subjektaspekt meiner selbst und den Objektaspekt meiner selbst. So we find out things about ourselves, certain habits. Darum finden wir Dinge über uns heraus, bestimmte Gewohnheiten. I notice that I don't do some of the things I should do. Ich erkenne, dass ich manche Dinge, die ich tun sollte, nicht mache. I'm going to have to struggle if I want to change. Ich muss mich anstrengen, wenn ich mich ändern will. Kind of an internal dialogue. Dann habe ich diesen inneren Dialog. You can't have a dialogue with only one point. Mit einem Punkt kann man keinen Dialog haben. Sometimes, of course, the dialogue collapses into monologue and you're just in a rant. Manchmal natürlich kollabiert dieser Dialog in den Monolog und man ist dann einfach in einem Fluss. And then you recognize what you're doing and you go back to dialogue. Dann erkennt man wieder, was man tut und dann geht man wieder zurück in das Zwiegespräch, das Innere. Because as we learn in childhood, if you can't keep an eye on yourself, you'll get into trouble. Was man ja als Kind schon gelernt hat, wenn man auf sich kein Auge, wenn man das sich nicht im Auge behält, dann kommt man in Schwierigkeiten. Look before you leap. Erst hinschauen, bevor du springst. If you get your pocket money on Saturday morning and you spend it all at once, then you won't have anything for the rest of the week. Wenn du dein Taschengeld Samstag früh kriegst und du alles gleich aufgibst, hast du kein Geld mehr für den Rest der Woche. You have to plan ahead. Man muss vorausplanen. You have to think of what you might want on Monday, not what you just want today. Man muss auch daran denken, was man vielleicht am Montag möchten würde. Nicht nur an das, was man heute will. These are very helpful things that parents say, Diese Dinge, die Eltern sagen, sind sehr hilfreich. but they're creating the architectonics, the internal shaping of this domain of the felt sense of self. Aber sie sind quasi die Erbauer, die diese Formen schaffen des inneren Empfindens von selbst. I need to be in charge of my life. Ich muss mein Leben im Griff haben. Or I have a life. Das heißt, ich besitze ein Leben. I might need to be in charge of my bicycle so I don't crash. Ich muss vielleicht mein Fahrrad im Griff haben, damit ich keinen Unfall baue. But how do I get to be in charge of my life? Aber wie kann ich mein Leben im Griff haben? It's not existing as a thing. Es existiert ja nicht als Sache. But because we can conceptualize it as if it were a thing, Weil wir das aber als Ding konzeptualisieren können, this gives us the illusion of power. entsteht in uns diese Illusion von Macht oder Kraft. So, the self is a patterning of concepts. Das heißt, das Selbst ist ein Muster aus Konzepten. Concepts which don't describe a core essence or substantial individuality. Muster, die nicht eine Kernessenz oder eine Substantialität der Existenz beschreiben. But concepts which create, which generate, which manifest the illusion of an essential self. Sondern die vielmehr die Illusion eines essentiellen Selbstes kreieren und manifestieren. My individuality is composed of ideas. Meine Individualität setzt sich aus Vorstellungen zusammen. I think myself into existence. Ich denke mich ins Sein. If I don't think, will I cease to exist? Wenn ich nicht mehr denke, höre ich dann auf zu existieren? Well, we cease to exist as a thing, Auf jeden Fall hören wir auf, als Ding zu existieren. which, from the Buddhist point of view, is very good news. Was wiederum vom buddhistischen Standpunkt aus eine gute Nachricht ist. Because we Frohe have- Botschaft. Because we have never been a thing. Weil wir ja niemals eine Sache gewesen sind. Thingness is an illusion. Ding sein ist eine Illusion.
what we have is experience. Was wir haben, ist Erlebnisse. So this room is light. Dieses Zimmer ist Licht. We look around and we are in a field of light. Wir schauen uns um und sind in einem Feld von Licht. How it's revealed to us depends on the kind of filter which we install between our open awareness and the actuality of the light. Und wie sich das uns offenbart, dieses Licht, ist abhängig von dem Filter zwischen unserem offenen Gewahrsein und diesem Spiel des Lichtes, wie es in Erscheinung tritt. The function of the meditation is to put into question and deconstruct the reliance on interpretive concepts. Und die Funktion von Meditation ist, dass wir uns immer verlassen wollen, auf interpretative Konzepte zu hinterfragen und zu dekonstruieren. In Buddhist Tantric and Dzogchen and Mahamudra literature, you find a lot of reference to the original wisdom or the original clarity of the mind. In den Texten des buddhistischen Tantra, Dzogchen, Mahamudra finden wir viele Aussagen, die sich beziehen auf die ursprüngliche Weisheit, die ursprüngliche klare Natur des Geistes. That it's said to be there from the very beginning. Da wird gesagt, von Anfang an oder seit anfangloser Zeit. Yet it hasn't become old because it's fresh. Gleichsam ist es trotzdem nicht alt geworden, weil es immer frisch ist. That is to say, awareness is not something within time. Das bedeutet, dass Gewahrsein nicht Teil der Zeit ist, sondern nicht zeitlich ist. As we come into the season of autumn, we experience the shifting turn of time. Wenn wir jetzt in den Herbst hineingehen, erleben wir in dieser Jahreszeit eben diese Veränderung, die sich mit Zeit einstellen oder mit Zeit einhergehen. The length of the days, the amount of moisture, the early morning dew, and so on. These are all markers that the summer is fading. Zum Beispiel die Tageslänge oder die Tageslichtlänge, die Menge der Feuchtigkeit in der Luft, Tau am Morgen, das sind alles Anzeichen dafür, dass der Sommer langsam entschwindet. We look in the mirror and we see that we get older. Wir schauen in den Spiegel und sehen, dass wir älter werden. We see the wear and tear on our skin of just being alive. Wir sehen einfach die Spuren des Lebens auf unserer Haut. Because we live in the dualistic perception of interacting with an environment which is other than us, and this creates friction, which creates wear and tear. Wir erleben uns einfach als in der Interaktion zu sein mit den Dingen, die in unserer Umgebung in Erscheinung treten oder sich abspielen, und das hinterlässt Spuren bei uns. But the mind is always fresh. Aber der Geist ist immer frisch. Many of the descriptions of Padmasambhava, for example, it's a great inspirational form of Buddhist meditation in Tibet. Zum Beispiel die Beschreibung von Padmasambhava, der eben eine ganz außergewöhnliche Inspiration oder inspirierende Form in Buddhismus ist. He's described as being 8 years of age. Wird beschrieben als 8-Jähriger. With a very soft and glowing complexion. Mit ganz sanfter und strahlender Haut. Clearly, meditation is the best skin cream available. Eindeutig ist Meditation die beste Hautcreme. Because you have the glow coming from the inside. Weil das Strahlen aus uns herauskommt, auch von innen. So this is a symbol of the freshness of each moment. Dies symbolisiert die Frische jedes einzelnen Moments. We have the clarity of what is here. Wir haben die Klarheit dessen, was da ist, was hier ist. In that first vibrant moment when there is just light and there's this. In diesem ersten wirklich
schwingungsreichen Moment, wo einfach nur das Licht da ist und das. A traditional example for this is like the dawn. Als traditionelles Beispiel wird hier der Tagesanbruch gegeben. Especially if you're out in the country and it's a dark night with not much moon, it's dark, and then first vague light starts to arise in the sky. Vor allem, wenn man draußen auf dem Land ist, es gibt nicht viel Beleuchtung und es ist eine mondschwache Nacht, wenn dann das allererste Tageslicht anbricht. In the dark there is a sameness. In der Dunkelheit ist eine Art der Gleichheit da. And if you can accept it's dark, you feel an equanimity because there's a non-differentiation. Wenn man das akzeptieren kann, dass es dunkel ist, dann spürt man genau das, dass alles irgendwie gleich ist, weil nichts sich unterscheiden lässt. But as the rays of light come from the sun, although the sun is still beneath the horizon, gradually there is a lightening of the texture of the thick texture of darkness, and differentiation starts to occur. Und wenn dann die ersten Strahlen der Sonne, obwohl sie noch unterm Horizont ist, den Himmel anfangen zu erleuchten und dass mehr Licht kommt, dann ergibt sich plötzlich eine Empfindung dafür, auch für diese dicke Textur der Dunkelheit, und es ergibt sich die Möglichkeit zu unterscheiden. In the dark, there's nothing much for the mind to hold on to. Im Dunkeln kann das Geist man nicht an viel festhalten. Which is why, if you're out in dark forest at night, you can make yourself quite scared. Das ist der Grund dafür, warum, wenn man sich in einem dunklen Wald nachts befindet, man sich selbst ganz schön Angst einjagen kann. Because you can fill the darkness with your own fearful imagining. Weil man ja diese Dunkelheit mit seinen eigenen angstvollen Vorstellungen füllen kann. But as the light spreads in the dawn, oh, it's a tree, it's a cow. Huh. Now you can make sense of what is here. Je mehr aber das Licht halt zunimmt im Tagesanbruch, merkt man plötzlich, ah ja, hier ist ein Baum, da ist eine Kuh, und man kann das Ganze zuordnen. So, from the point of view of meditation, the most interesting thing is this very first quality of dawn. Before you have enough differentiation to give your conceptual mind hooks to grasp onto. Und das ist in der Meditation der entscheidend interessante Moment für uns. Dieser allererste Moment des Tagesanbruchs, wo man gerade genug spüren kann, sodass tatsächlich Licht wahrnehmbar wird, aber nicht so weit, dass man unterschiedliche Dinge konzeptuell voneinander unterscheiden könnte und der Geist danach greifen könnte. You can't know what's there because there aren't enough supports for conceptual elaboration. Man kann nicht herausfinden, was da ist, oder erkennen, was da ist, weil unsere Vorstellungen nicht genügend Futter bekommen, weil man nicht genügend unterscheiden kann. But what you can do is look. Was man aber machen kann, ist schauen. And if you look without conceptualizing, und wenn man einfach schaut, ohne zu konzeptualisieren, you receive what is here. Dann empfängt man, was da ist. And this is the clarity of the mind. Und das ist die Klarheit des Geistes. Clarity here doesn't mean all kind of bright and shining and in all different colors. Klarheit bedeutet nicht strahlendes Licht in vielen bunten Farben. It means that instead of being caught or seduced by the differentiation of the object, das bedeutet, statt eben gefangen zu sein und verführt zu werden von der Differenzierung der Objekte. the mind itself is the illuminator. Der Geist selbst sozusagen, der ist, der Licht ins Dunkel bringt. Oh. This is the natural light of the mind. Das ist das natürliche Licht des Geistes. The light of the mind also shows itself as the light of the object. Das Licht des Geistes zeigt sich auch als das Licht des Objekts. But the light of the mind comes first. Aber das Licht des Geistes ist zuerst da. Oh,
in the various kinds of meditation that one can practice, we start to loosen our reliance on conceptual interpretation. In den verschiedenen Möglichkeiten, Methoden der Meditation lösen wir zunächst, dass wir uns verlassen wollen auf unsere Vorstellung, auf unsere Konzepte. So that we can be here with the raw freshness of the world before we start cooking it according to our own karmic or neurotic recipes. So dass wir wirklich hier sein können, mit dieser rohen Frische der Welt, der Gegenwart, des gegenwärtigen Moments, bevor wir anfangen, es zuzubereiten, diese Gegenwart, gemäß unserer neurotischen Einstellung oder Vorstellung. Within that field of clarity, many things are moving. In diesem Feld der Klarheit bewegt sich vieles. When we're at home in the spacious open base, which shows itself as a field of clarity, wenn wir uns zu Hause eingerichtet haben, in dieser Weite des offenen Grundes, die Klarheit hervorbringt, we don't need to make sense of what's going on. Es ist nicht nötig, dass wir begreifen, was vor sich geht. Because it is meaningful as it is. Weil es so, wie es ist, bedeutsam ist. This is what's referred to as the absolute truth. Das ist das, was man die absolute Wahrheit nennt. The intrinsic meaning or the intrinsic value which is just here. Der innewohnende Wert, der einfach da ist, präsent. So then elaboration or the development of concepts and interpretation is not required for oneself. Da ist eine Ausführung oder eine konzeptuelle Interpretation für ein Selbst nicht notwendig. But it's available as compassion to bring connectivity with others. Aber als Mittel der Verbindung zu anderen, als Mittel des Mitgefühls ist es zugänglich für uns, diese Konzeptualisierung. Because we start to have some space in ourselves. Weil wir beginnen, in uns selbst weiterzuhalten. So if we say, how are you? Darum fragen wir, wie geht's dir? Then I have some space to receive how you are. Das heißt, ich habe Raum in mir zu empfangen, wie es dir geht. Often we're telling other people how they are even before we've asked them how they are. Oft teilen wir anderen mit, wie es ihnen geht, bevor wir sie überhaupt gefragt haben, wie es ihnen geht. Oh, you look a bit down. Is everything okay? Oh, du siehst niedergeschlagen aus, ist alles in Ordnung. So we've already captured the person into our matrix of interpretation. Wir haben die Person also schon eingefangen und einverleibt in unsere Matrix von unserer eigenen Interpretation. This blocks the space of the potential of the other person from unfolding. Und das blockiert einfach das grundlegende Potenzial der anderen Person, sich einfach zu entfalten. What is this world? Was ist diese Welt? It's like the bunch of Es flowers. ist wie ein Blumenstrauß. It's beyond computation. Oh, Computation, wie soll ich das übersetzen? Bearbeitung? Beyond. Verarbeitung. Jenseits von Verarbeitung. Ist jenseits von Verarbeitung. Ein Blumenstrauß. You can't apply arithmetic to it. Man kann das arithmetisch nicht erfassen, It's excessive. weil es einfach exzessiv It's ist. the richness of lived experience. Der Reichtum gelebten Erlebens. But the open clarity of the mind welcomes it Aber die offene Klarheit des Geistes heißt es willkommen. as it is. So wie es ist. All of it. Alles. Now. Jetzt. Not having to cut it up into pieces and make little collages according to our interpretive habituation. Man muss es nicht in Stückchen zerschnippeln und entsprechende Collagen anfertigen, die mit unseren Interpretationsgewohnheiten dann in Übereinstimmung zu bringen sind. So this is the practice of non-violence.
Das ist die Praxis der Gewaltlosigkeit. That the gate of our welcome to the other is very big. Dass dieses Tor, andere willkommen zu heißen, wirklich weit ist. Come as you are. Komm, wie du bist. And you have the time and space to unfold yourself. Und du hast hier Zeit und Raum, dich zu entfalten. Because, like, excuse me, like a curtain which is bunched together, Wie so ein Vorhang, der zusammengebunden ist, there is an enfolding. der ist eingefaltet. When you pull the curtain out, it's all available. Und sobald man aufzieht, also zuzieht, in unserem Fall auf Deutsch, dann entfaltet er sich. The curtain isn't split or separated or fragmented or divided. Dieser Vorhang wird nicht zerschnitten, aufgeteilt oder geteilt, But it is enfolded. sondern er ist zusammengefaltet. In the same way, when we grow up in our family, we become aware of the personalities of the big people who we are dependent on. Wenn wir halt in unserer Familie aufwachsen, dann werden wir mehr und mehr uns der Persönlichkeit dieser großen Leute bewusst, von denen wir abhängig sind. And we learn to fold aspects of ourselves back on ourselves. Und wir lernen sozusagen bestimmte Aspekte unserer selbst wieder zusammenzufalten, zurück zu uns selbst. When your dad comes home from work, don't make too much noise. Wenn Vater von der Arbeit nach Hause kommt, macht man nicht so viel Krach. When mom's in this mood, better shh. Wenn Mama in dieser Stimmung ist, lieber Klappe halten und verschwinden. This is how we get folded in. Auf diese Weise falten wir uns ein. We need space to unfold. Wir brauchen Raum, um uns zu entfalten. The whole of samsara is a folding in. Das gesamte Samsara ist eine Einfaltung, alles ist zusammengefaltet. Now, of course, when you look at the curtain and it's folded in, Wenn wir diesen Vorhang betrachten, wie er zusammengezogen ist, it's quite difficult to see how big it will actually be when you pull it out. es ist sehr schwer zu erkennen, wie lang der und wie groß der tatsächlich sein wird, wenn man den richtig aufgezogen hat, also dass er zugezogen ist. So you have to imagine. Muss man sich also vorstellen. And this is part of the difficulty of our human situation. Und das stellt einen Teil der Schwierigkeiten unserer menschlichen Situation dar. Because we find it difficult to show ourselves, Weil wir es schwierig finden, uns selbst zu zeigen. because we feel that there are aspects of ourselves which are unacceptable. Weil wir immer das Empfinden haben, dass es bestimmte Aspekte unserer selbst gibt, die nicht akzeptabel sind. We hide ourselves in folds, Verstecken wir uns in Fallen. and we meet other people who hide themselves in folds. Treffen auf andere Menschen, die sich wiederum selbst in ihrer Einfaltung And then präsentieren. we imagine that things about them which are hidden in their folds. Und dann stellen wir uns Sachen vor, die sich in ihren Falten da wahrscheinlich verbergen. And so communication is very difficult, Und so wird Kommunikation sehr schwierig. because we start with what is an acceptable image. Weil wir als Ausgangspunkt das nehmen, was ein akzeptables Bild ist. How do I need to be in order to survive in this world and have people like me and so on and so on. Wie muss ich sein, damit ich in dieser Welt überleben kann, damit Leute mich mögen können und so weiter. So we're second guessing other people's expectations of what is appropriate. Das heißt, wir haben immer eine selbstgemachte Idee oder Vorstellung davon, was andere Leute wohl glauben, was angemessen sei. In order to do this, we have to look up our predictive manual. Um das tun zu können, muss man unser kleines Wahrsagebuch befragen. Our predictive manual was given to us in our family when we were growing up. Das wurde uns gegeben in der Familie, in der wir aufgewachsen sind, Dinge zu erkennen. It was quite useful for reading the patterns of our family. Tatsächlich war diese Anleitung, andere zu lesen, sehr nützlich, um zum Beispiel die Muster der Familienangehörigen zu erkennen. But it's not a very good guide to the big wide world. Aber es ist nicht wirklich ein guter Führer in die ganze Welt hinein. But to learn to do new things is quite difficult. Aber um
Neues zu lernen ist schwierig. So we tend to do more of what we've done before. Also versuchen wir gewöhnlich mehr von dem zu tun, was wir bereits schon gemacht haben. This is the development of a personality. Das ist die Persönlichkeitsentwicklung. My shape, my style, my way of doing things. Meine Form, mein Stil, meine Art und Weise, Dinge zu tun. We meet someone and we fall in love and we say, I will be predictable for you if you will be predictable for me. Wir treffen jemanden und verknallen uns oder verlieben uns und sagen, ich werde für dich vorhersehbar sein, so wie du für mich, wenn du für mich vorhersehbar bist. At last I met someone and I know where I am. Endlich habe ich mal jemanden getroffen, wo ich das Gefühl habe, da weiß ich, wo ich dran bin. I feel really safe with you because I know how you are. Ich fühle mich so sicher mit dir, weil ich weiß, wie du bist. This is the welding together of two prisons. Auf diese Weise schweißt man zwei Gefängnisse zusammen. Because our potential has not been visited. Weil unser Potenzial ja nicht mal angeschaut worden ist. For the potential to unfold, it requires space. Und es braucht Raum und Weite, damit Potenzial sich entfalten kann. Which means not filling the space with assumption, interpretation, judgment, and so on. Und das bedeutet, dass wir diese Weite, diesen Raum nicht vollstopfen mit Annahmen, mit Interpretationen, mit Vorstellungen. I exist. Ich existiere. Each of you here can say that of yourself. Jeder I exist. von uns hier kann das sagen, ich existiere. This is not wrong or bad. When it says we don't have a self, it doesn't mean you don't exist. Das ist nicht falsch oder schlecht. Wenn wir sagen, man hat kein Selbst, dann bedeutet das nicht, dass man nicht existiert. I exist is the voice of the empty mind, Ich existiere ist die Stimme des leeren Geistes, the spacious mind, the unborn mind. des weiten Geistes, des ungeborenen Geistes. It is the vitality of the emergence of the radiance of awareness, like the sun coming up in the sky. Es ist die Vitalität des Auftauchens, der Ausstrahlung des Gewahrseins, so wie die Sonne über den Horizont kommt. It has no fixed content. Und es ist kein fixierter Inhalt. We become aware, we fill with all sorts of experiences. Uns wird bewusst oder wir werden dessen gewahr, dass wir mit allen möglichen Arten von Erlebnissen erfüllt sind. As the illusory skin that we have around ourselves dissolves, Und indem sich diese illusionäre Haut um uns herum aufzulösen beginnt, instead of meeting the world by going from inside to outside, treffen wir nicht mehr auf die Welt dadurch, dass wir von innen nach außen uns bewegen, we have the non-duality of arising with the world. sondern spüren vielmehr, dass wir nicht dual mit der Welt gemeinsam in Erscheinung treten. We are always somewhere. Wir sind immer irgendwo. This is the co-emergence of the field of experience and our individual awareness. Das ist dieses gemeinsame in Erscheinung treten unseres Erlebnisfeldes und unseres individuellen Gewahrseins. It is truly individual, which means undivided. Es ist tatsächlich individuell, tatsächlich ungeteilt, Because it is empty. weil es leer ist. You can't cut emptiness. Man kann Leerheit nicht zerteilen. Bodies can be cut. Emotions can be cut. Körper können zerteilt werden, Emotionen können zerteilt Hopes werden, and fears can be cut. Hoffnungen, Befürchtungen können But zerteilt awareness is the basic clarity, receptivity of the mind. It is not a thing. Aber Gewahrsein ist die grundlegende Klarheit, die grundlegende Fähigkeit des Geistes. And this is our actual nature, Das ist unsere tatsächliche Natur. hidden from us by our own conceptualization. Aber die ist uns verborgen durch unsere eigenen Konzepte. When it says in Buddhism that all obscurations and limitations and suffering arises from
ignorance, it means the process of ignoring, and who is the one who is ignoring? Wenn im Buddhismus davon die Rede ist, dass alle Verdunklungen, alle Begrenzungen, alles Leiden aus der Unwissenheit, aus der Ignoranz hervortritt, dann ist damit gemeint sowohl der Prozess des Ignorierens oder des Ausblendens als auch diese Vorstellung davon oder das Wahrnehmung von der Begrenzung. I am ignoring the ground of my own being. Ich blende die Basis meines eigenen Seins aus. By using the thoughts and feelings and sensations which arise as the basis for weaving my patterns of interpretation. Dadurch, dass ich meine Gedanken, meine Empfindungen, meine Gefühle, die aus dem Grund heraus in Erscheinung treten, dazu nutze, ein Muster zu weben, diese Muster zu weben meiner Vorstellung von mir selbst. The creativity of the mind itself arises as a delusion. Die Kreativität des Geistes selbst tritt als eine Täuschung in Erscheinung. There is no truth to the delusion. Enttäuschung ist keine Wahrhaftigkeit und keine Wahrheit. So as the traditional texts say, with many different examples, it's like a rainbow in the sky, like a mirage on the road on a hot day, like the reflection of the moon on water. Wie in den traditionellen Texten halt in vielen Beispielen dann gesagt wird, es ist wie ein Regenbogen, wie eine Luftspiegelung auf einer heißen Straße. Dritte habe ich jetzt vergessen. There is no truth there. Da gibt es keine Wahrheit. It is an illusory appearance. Das ist eine täuschende Erscheinung. When we relax and open to the ground nature of the mind itself, wenn wir uns der Grundnatur des Geistes selber öffnen und uns hinein entspannen, the unformedness of ourself, die unformedness, yeah, dann ist die Ungeformtheit unserer Selbst oder dieses or its ungeformte Selbst openness, oder die Offenheit, is it inseparable from its ungraspability. Untrennbar von dieser Ungreifbarkeit. That is to say, we can never find ourselves, Das bedeutet, wir können uns selbst niemals finden, but we are ourselves. aber wir sind wir selbst. So as long as we tilt towards appropriation, getting, pulling in what we like, pushing away what we don't like, treating ourselves as a thing, we're simply maintaining our own alienation. Das heißt, solange wir diesem Ansatz zuneigen, etwas zu bekommen oder etwas zu greifen, etwas anzupassen, etwas wegzuschubsen oder etwas an uns heranzuziehen, dann halten wir unsere eigene Entfremdung von uns selbst aufrecht. This is one of the great mysteries of existence. Das ist eins der großen Mysterien des Seins. The mind itself is unborn. Der Geist selbst ist ungeboren. That is to say, it hasn't come into existence as a thing, Das bedeutet, dass er nicht als Ding existiert. and yet it's unceasing because the flow of experience is continuous. Gleichzeitig ist er aber unendlich oder unendbar, weil dieser Fluss des Erlebens sich immer weiter fortsetzt oder entfaltet. You can't catch the mind itself because there's nothing there. Man kann den Geist selbst nicht fassen, weil da nichts ist. Nor can you catch the flow of experience because it's always just rippling through. Man kann auch den Fluss des Erlebens nicht fangen oder fassen, weil er einfach immer weiter fließt. What we can catch is a carapace, the carapace of concepts. I don't know what a Carapace is like a shell on a lobster. Was wir tatsächlich erfassen können, ist die Schale. Die Schale besteht aus unseren Konzepten. Some of you will know the story of Franz Kafka, the Metamorphosis. Die einen oder anderen hier kennen vielleicht die Metamorphose von Franz Kafka. Who wants to wake up as a bug?
Wer möchte schon als Käfer aufwachen? It's not much fun. Macht nicht viel Spaß. Well, we have the soft stuff on the outside. Wir haben eben dieses weiche Zeug außen. It's lovely, Schön, very sensitive. ganz sinnig und empfindsam. If somebody says, would you rather have a shell? Und dann möchtest du vielleicht lieber einen Panzer haben? We say, no, Ich sage nein. I want the soft stuff. Ich möchte hier das weiche Zeug. It's the same. The mind is very soft, Und genauso ist es auch mit dem Geist. Der ist sehr sanft, sehr zart, very tender. ganz zart. Of course, you have to be careful with your skin. Natürlich muss man mit der Haut auch sorgfältig sein oder sorgsam. It's the same way. If you wrap yourself in thoughts, it gives you a kind of rough solidity, a seeming predictability. Wenn man sich also in Gedanken einwickelt oder einpackt, dann gibt uns das eine Vorstellung von Solidität, eine Art von Vorhersehbarkeit oder Voraussagbarkeit. But this sclerosis, this rigidification is really a great loss. Aber diese Versteifung oder Verfestigung ist ein echter Verlust. So in the practice we return to the sweet freshness of the unfolding of experience moment by moment. In der Praxis kehren wir also zu dieser süßen Frische des sich Moment für Moment des entfaltenden Erlebens zurück. Which unites the natural, the original purity of the mind, the unchanging purity of the mind, Dass die ursprüngliche Reinheit, die unveränderbare Reinheit des Geistes vereint mit with the ceaseless revelation of its own vitality, which is the field of experience, coming as light, sound, and so on. mit dem sich ständigen Offenbaren der eigenen Vitalität in diesem Feld des Erlebens in Form von Licht, von Form und so weiter. Und Klang. Well, this is just an introduction to this topic, and for those of you who have interest, in the next few days you'll be looking in some depth at this. Dies ist eine kleine Einführung gewesen in diese Thematik, mit der wir uns in den nächsten Tagen ausführlich beschäftigen möchten, und diejenigen, die Interesse daran haben, können daran teilnehmen. It's also an area which is addressed in many of the chapters in the book of the collected writings of Siya Lama. Und außerdem ist es eine Thematik, die wir in den gesammelten Schriften von Siya Lama auch oft finden. Which is now available in German. Dieses Buch, diese Sammlung ist jetzt auch auf Deutsch erhältlich. Because of course, all Dharma comes through transmission. Denn selbstverständlich kommt alles Dharma zu uns als Übertragung. We receive some teaching, Wir empfangen Belehrung. and then we have to practice the teaching and make it come alive in us. Und dann müssen wir diese Belehrung in Praxis umsetzen und lebendig machen in uns. I got many teachings from Siya Lama. Ich habe von Siya Lama viele Belehrungen erhalten. In this third level of the transmission, which is through the ear of ordinary people. Und auf dieser dritten Ebene der Übertragung findet sie statt durch die Ohren gewöhnlicher Menschen. That is to say, we have to hear these things again and again. Und das bedeutet, dass wir diese Dinge immer wieder hören müssen. And gradually they sink in and permeate our being. Und mit der Zeit vertiefen sie sich in uns und durchdringen unser Sein. He got it from his teacher and from his teacher, going back and back and back. Er hat es wiederum von seinen Lehrern gehört, die wiederum von ihren und so weiter und so weiter. Back to his first incarnation, and through that back to the time of Padmasambhava. Bis hin zurück zu seiner ersten Inkarnation und zu der Zeit von Padmasambhava. Through Padmasambhava, back through Garabdorji to the founding Buddha of the lineage, Kuntusampo. Von Padmasambhava wirklich zurück zu Garabdorji bis hin zum Gründungsbuddha unserer Übertragungslinie Kuntusampo. The notion of lineage is very, very important in Tibetan Buddhism.
Im tibetischen Buddhismus spielt diese Übertragungslinie eine große Rolle. Because it's the purity of the lineage is a prophylactic against reliance on human thought. Denn diese Reinheit der Übertragungslinie ist quasi eine Prophylaxe gegen eben sich abhängig zu machen von menschlichen Gedanken. When Western people come in contact with the Buddhist teaching, it is a kind of narcissistic wounding. Wounding, like a cut. Ja. Yeah. Wenn westliche Menschen mit buddhistischer Lehre in Kontakt treten, ist das eine Art des narzisstischen Verwundens. Because in our view, from a Judeo-Christian heritage, we human beings are special people, God's chosen people. Denn unsere christliche Tradition hat uns gelehrt, dass Menschen besondere Wesen sind, dass Gott die Menschen auserwählt hat. And from the modern atheist position, we are the intelligent creatures who can run around and destroy the world. Und die modernen Ethiker sagen, dass wir die Kreaturen sind, die halt Macht haben und durch die Welt rennen können und sie zerstören können. With science, we are the kings of creation. Und für die Wissenschaftler sind wir die Krone der Schöpfung. And with the cost of our consumerist capitalism, we are the kings of destruction. Und im Konsumentenkapitalismus sind wir die Könige der Zerstörung. But anyway, we are kings and queens. Egal, wir sind auf jeden Fall Könige und Königinnen. Not like that in the Buddhist account. Im Buddhismus werden wir nicht so betrachtet. Buddhist account, in this world we live in, there are 6 different domains. In buddhistischen Vorstellungen ist es, dass die Welt, in der wir hier leben, 6 Daseinsbereiche hat. Human is the middle level. Und der menschliche Daseinsbereich zum mittleren Ebene gehört. Lower middle class. Die untere Mittelklasse sozusagen. Not kings and queens. Nicht Könige und Königinnen. Above us there are God realms. Über uns sind Götterbereiche. But we have to hustle and get to work and so on. Wir müssen uns anstrengen, zur Arbeit gehen und so weiter. And we don't know very much. Und wir wissen nicht besonders viel. To be human is not to be on the peak of the mountain. Mensch zu sein bedeutet nicht, auf der Bergspitze zu stehen. Although modern science and modern education and the whole turn of modernity, which is always projecting into the future and saying we can overcome all difficulties. Und die moderne Wissenschaft, die moderne Haltung überhaupt, die immer in die Zukunft hineindenkt, sagt, wir können all das überwinden. Buddhism is not saying that at all. Und im Buddhismus wird das gerade nicht gesagt. Buddhism says, from the very beginning, there is the truth spoken by Dzogchen. Denn im Buddhismus wird gesagt, von Anfang an gab es die Wahrheit, die Dzogchen ausgedrückt hat. This is the truth not dependent on concepts. Diese Wahrheit beruht nicht auf Konzepten. It is prior to concepts. Sie ist vor Konzepten da gewesen. It is the mother or the ground or the source of concepts. Sie ist die Mutter, die Grundlage, die Quelle von Konzepten. The mother is always bigger than the child. Die Mutter ist immer größer als das Kind. The concept can't catch the ground. The ground is always the basis of the concept. Das Konzept kann seine Basis nicht erfassen oder einfangen, sondern die Basis bringt Konzepte hervor. So it's not about imagining new futures or finding our own way. Darum geht es also nicht dabei, eine neue Zukunft finden oder unseren eigenen Weg zu finden. It's about finding our way in the way. Sondern vielmehr unseren Weg in den Weg hineinzufinden. Not getting in the way by trying to establish our own way. Den Weg nicht im Wege zu stehen, dadurch, dass wir unseren eigenen Weg entwickeln wollen. So in the first 2 chapters of this book of Sialama's writing, you find that he says on several occasions, this teaching is not contaminated by human thought. Das bedeutet, in den ersten beiden Kapiteln dieses Buches der Schriften von Sialama
findet man an mehreren Stellen, wie er sagt, dass diese Lehre nicht von menschlichen Vorstellungen kontaminiert ist. Now, some people in radical ecology would say that indeed the human beings are like some demonic virus destroying the planet, and the best thing would be is if we all vanished and let the bugs and cows get on with it. Und dogmatische Ökologen würden ja aber dem schwer zustimmen und sagen, wir sind als Menschen wie Dämonen, wie Viren, die diese Welt zugrunde richten und dass es wesentlich besser sei, wenn wir endlich aussterben und die Käfer und die Kühe endlich wieder ihre Sachen machen können. That's why it's a bit of a narcissistic wound. Das ist der Grund, warum es eine gewisse narzisstische Wunde ist. All my personal qualities are not very important. Weil all meine persönlichen Qualitäten nicht sehr wichtig sind. The ground of these qualities, that's what's important. Was wichtig ist, ist die Basis dieser Qualität. But I don't find the ground of the qualities, the nature of the mind itself, because I'm so caught up in the qualities that manifest from the ground. Ich kann aber diese Basis dieser Qualitäten, die Natur des Geistes selbst, nicht entdecken, weil ich so verstrickt bin in diesen Erscheinungen der Qualitäten, die sie hervorbringen. So meditation is a deconstruction of the central dominant position given to the intellect. Das heißt, Meditation ist die Dekonstruktion, das Auseinandernehmen dieser zentralen, dominanten Position des Intellekts. The intellect as the master of thought. Des Intellekts als Meister oder Meisterin des Gedankens oder der Gedanken. In meditation we learn to pay less and less attention to thoughts. Und in der Meditation lernen wir, Gedanken immer weniger Aufmerksamkeit zu And schenken. through that we awaken to pre-conceptual awareness, pre-conceptual clarity. Und dadurch erleben wir vorkonzeptuelle Gewahrsein, vorkonzeptuelle Klarheit. And this is the gift of the lineage to us, Und das ist das Geschenk der Übertragungslinie für uns. because we won't find it taught in any of our schools. Wir finden das nicht, also es wird uns in der Schule nicht beigebracht. It's not on the television, it's not in novels, Man findet nichts darüber im Fernsehen, es ist nicht in Romanen geschrieben, but this is a rare and precious tradition. sondern es ist wirklich eine seltene und kostbare Tradition. So we have a chance to go deeper into that. Hier haben wir also die Gelegenheit, da tiefer hineinzugehen. It's not about doing something artificial, Es geht nicht darum, künstlich etwas zu machen, but rather recognizing, often painfully recognizing, the artificiality of our own self-construct. vielmehr die Künstlichkeit unseres Selbstkonstruktes, manchmal sogar schmerzhaft festzustellen. The advantage of doing the practice is we experience more freedom, Und more freshness, more spontaneity, with the diminishing of fear and anxiety. Und der Vorteil dieser Praxis oder so eine Praxis zu machen, ist, dass wir mehr Freiheit erleben und gleichzeitig auch, dass unsere Befürchtungen und Ängste sich abnehmen. So, maybe some of these ideas are interesting or helpful for you, and if you're interested, we've plenty of time to go deeper. So, I wish you a good evening. Vielleicht sind einige dieser Vorstellungen oder Ideen für euch interessant, dann haben wir Zeit, da uns drin zu vertiefen. Ich wünsche euch einen guten Abend. Ja. Die Ende. Thank you. Thank you, James. Thank you, Kati. Morgen früh um 10 Uhr geht es weiter und wer nicht die Möglichkeit hat, morgen am Freitag hier dabei zu sein, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Samstag um 10 einzusteigen in das verlängerte Wochenendseminar, was halt also Freitag, Samstag, Sonntag und Montag jeweils 10 Uhr morgens beginnt. Fantastisch. Und hoffentlich Zeit gibt, ein bisschen was von den Behörden tiefer einzusteigen. Noch eine Bitte, es gibt die Möglichkeit, hier im Café zu essen. Und für die Organisatoren wäre es sehr wichtig, dass wir vorher genau sagen können, wer alles essen kommt.
Dafür könnt ihr Essenstickets bei Marcel am Einlass kaufen, wer das noch nicht gemacht hat, oder Bescheid sagen, falls ihr heute nicht kaufen könnt, wann ihr mitessen wollt. Ich habe jetzt auch gehört, man kann eventuell die anderen Tage auch essen. Ja. Also deswegen bitte Bescheid geben, das Essen kostet 8 €, ist vegetarisch und das kritisiert, da muss man halt nicht um die vegan. Organizing lunch and so on. Ansonsten gibt es uns noch irgendwas zu sagen. Schönen Abend und freuen uns, wenn wir uns morgen sehen. Und das Buch gibt es übrigens im Bücherstand. Wir haben genug da. Ihr braucht auch nicht zu achten. Ja, gut. Danke, Andreas. Focus that we're going to have is on some parts of this teaching from Lama called Chetsangpa. Und heute oder dieses Wochenende befassen wir uns mit der Belehrung, die von einem Lehrer stammt. It's a teaching on, this part is a teaching on Dzogchen. Und es ist ein Teil der Dzogchen-Belehrung. Dzogchen indicates a great or a complete state or complete origination which requires nothing to be done to it. Und Dzogchen bedeutet, dass es einfach einen vollständigen Ursprung ist, einen reinen Ursprung gibt. Das bedeutet, dass dem nichts hinzugefügt werden muss und nichts damit unternommen werden muss. Clearly, Berlin is not a state of completion. Berlin ist eindeutig kein vollständiger Zustand. There is building work going on all the time. Überall wird gebaut. People have many ideas about how to develop the city. Und Leute haben viele Vorstellungen davon, wie man diese Stadt entwickeln kann. So. And all through our lives we are developing and changing. Und durch unser ganzes Leben hindurch entwickeln wir uns, verändern wir uns. We identify aspects that need to be improved. Und wir stellen bestimmte Aspekte fest, die Verbesserungen benötigen. Sometimes this is because we have an inner feeling that we're not quite right. Manchmal, weil wir ein inneres Empfinden haben, dass wir noch nicht ganz okay sind. And sometimes it's because the outer circumstances have changed in a way that means that how we are is not going to fit the new environment. Manchmal auch, weil die äußeren Umstände sich in einer Weise verändern, dass die Art und Weise, wie wir gewöhnlicherweise sind, nicht mehr zu der Veränderung im Umfeld passt. There are many different styles of practice in Buddhism. Im Buddhismus gibt es sehr viele unterschiedliche Arten von Praxis. All very interesting. Alle sehr interessant. So there's a question, well, what do we need? What's going to be most useful? Da stellt sich uns die Frage, was brauchen wir? Was ist für uns das Nützlichste? So it's often said that we shouldn't see the Dharma as a muskpod. Also, wir sollten den Dharma nicht als einen Musktopf sehen, so wird es häufig gesagt. We see the teacher as a musk deer. Und den Lehrer auch nicht als einen Moschusochsen wahrscheinlich, oder Musk, das ist so ein Antilope. Ja, aber es gibt so eine Moschusantilope, egal, Busch. Jedenfalls nicht als Jagdobjekt. So. And to see yourself as the hunter. Und sich selbst als den Jäger betrachten. We are used to hunting. Wir sind so ans Jagen gewöhnt. We go shopping, we hunt for something which will be just right. Wir gehen einkaufen auf der Jagd nach etwas, was genau richtig ist. We're trying to find something that will suit our sense of what is right. Und wir versuchen etwas zu finden, was zu der Vorstellung, die wir von uns für richtig empfinden, passt. This way of turning the Dharma into a commodity, into a marketable commodity, is seen as very unhelpful. Und auf diese Art und Weise wird der Dharma als eine Quelle sozusagen von Dingen, die uns Bequemlichkeit schaffen, betrachtet. Und das ist nicht hilfreich.
Because in our ordinary sense of self, we may not be very clear about what we actually need. Denn in so einem gewöhnlichen Sein mag es sein, dass wir gar keine echte Klarheit darüber haben, was wir brauchen. So rather it's recommended that we see the teacher or the presentation of the lineage as a doctor. Vielmehr wird empfohlen, dass wir den Lehrer, die Lehrerin oder die Repräsentanten der Übertragungslinie als Arzt betrachten oder Ärztin. In that the Dharma is the medicine. Und in diesem Kontext ist Dharma die Medizin. And that we are the patient. Und wir sind die Patienten. So the first thing is, what is wrong with us? Die erste Frage ist also, was stimmt nicht mit uns? If the patient can't say anything to the doctor has to work it out. Wenn der Patient das dem Arzt gegenüber nicht ausdrücken kann, muss der Arzt es herausfinden. If you're in a bad car crash and you arrive in the hospital, you're unconscious and the doctor makes his decisions. Wenn man einen schlimmen Autounfall hatte und bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert wird, muss Arzt oder Ärztin entscheiden. I don't think we're quite in that state. Wir sind nicht ganz in diesem Zustand. We are the walking wounded. Wir sind die aufrechtgehenden Verwundeten. So we have to be able to think and speak about what is wrong with us. Das heißt, wir müssen dazu in der Lage sein, darüber nachzudenken und auch darüber zu sprechen, was mit uns nicht stimmt. Buddhism begins with the idea of suffering. Und der Buddhismus geht aus von der Vorstellung des Leidens. So by reflecting on our own existence, we can find out more about how we suffer. Darüber über unsere eigene Existenz zu reflektieren hilft, dass wir mehr über unser eigenes Leiden herausfinden können. Some people suffer a lot because they are mistrustful. Manche leiden sehr, weil sie nicht vertrauenswürdig sind. Become suspicious of other people's intentions. Und darum verdächtigen sie andere Leute, die Absichten anderer Leute. Some people suffer a lot from disappointment, Leute leiden sehr unter Enttäuschung, that their life hasn't developed the way they want it to be. dass ihr Leben sich nicht in der Weise entwickelt hat, wie sie sich das gewünscht hatten. This can include being susceptible to physical or mental disturbances. Das kann auch einschließen, dass man sehr empfänglich ist für körperliche oder geistige Störungen. We may have had plans of what we wanted to do, but then find our physical health is not sufficient to let us carry it through. Vielleicht hatten wir Pläne bezüglich dessen, was wir gerne machen wollten, aber unsere körperliche Konstitution gestattet uns nicht, das auszuführen. Generally speaking, our suffering is a kind of frustration. Allgemein kann man sagen, dass unser Leid eine Art der Frustration ist. That is to say, there is a disjunction between subject and object. Das bedeutet, dass es eine Fehlverbindung oder unrichtige Verbindung zwischen Subjekt und Objekt gibt. Other people don't behave in the way we want them to behave. Andere verhalten sich nicht auf die Art und Weise, wie wir es möchten. We don't get the success we wanted at work. Wir erreichen nicht den Erfolg, den wir in unserer Arbeit uns gewünscht haben. This is when the outer objects and our desire or our idea of how it should be don't come together. Hier kommt unsere Vorstellung dessen, was wir uns wünschen und das, wie die Sachen sich entwickeln, nicht zusammen. But we also have a sense of an inner object that we can be disappointed in ourselves. Außerdem haben wir auch ein Empfinden sozusagen innerer Objektive, das heißt, wir können auch von uns selbst enttäuscht sein. We might have decided that we want to do meditation practice, but then find we don't actually do it. Wir haben uns vielleicht mal dazu entschieden zu meditieren, aber stellen fest, dass wir es einfach nicht machen. We work hard to set up the conditions that will make such practice possible. Wir haben uns vielleicht sehr bemüht, um die Bedingungen für solche Meditationen zu schaffen. But then we're carried away by our distractions. Aber unsere Ablenkung trägt uns fort. So the inner objects of our thoughts seem to catch us and take us somewhere else. Das heißt, die inneren Objekte unserer Gedanken fangen uns ein und bringen uns wo ganz anders hin. So here we see, whether it's with outer objects or inner objects, this subject
constituted as intention or desire or commitment finds itself unable to constellate the object aspect factors in an alignment with its own intention. Das heißt, egal ob es um Äußeres oder Inneres geht, geht es uns so, dass das Subjekt sozusagen, der Aspekt des Subjektes in Form von Intention, von Wünschen oder Begehren oder auch von Entschlossenheit nicht in der Lage dazu ist, das in Einklang zu bringen mit den Notwendigkeiten des Objektes oder mit dem, was für das Objekt nötig ist. From the early days of the Buddha's presence in the world, we have this tradition that there were predictions that the teachings would last for 5 periods of 500 years. Von den ersten Tagen des Buddhismus an gab es diese Tradition der Voraussagen, dass die Lehren sozusagen für 5 mal 500 Jahre Bestand haben würden. And in 1956 there were big celebrations in India because it was the 2500th anniversary of the Buddha's teaching. 1956 gab es große Feierlichkeiten in Indien, weil es eben das 2500. Jubiläum sozusagen des Buddhas war. But if we follow the logic of this prediction, it's that they were actually celebrating the end of the Buddha's teaching. Wenn man dieser Logik der Voraussage allerdings folgt, haben sie tatsächlich das Ende dieser Zeit der Lehre gefeiert. What does this mean? Was bedeutet das? We can see 2 factors. One is that the countries which maintained the tradition in a fairly balanced and regulated way, these countries have all been greatly disturbed by political and economic change. Wir können da 2 Faktoren ausmachen. Einmal, dass in den Ländern, die in hierfür sozusagen eine relativ ausgeglichene und auch regulierte Form davon aufrechterhalten, die starke Störungen auf politischer und auf wirtschaftlicher Ebene erfahren. The beneficial side of that is due to that disturbance, Dharma has come to the West and we are able to find out something about it. Der Nutzen liegt darin, dass durch diese Schwierigkeiten der Dharma tatsächlich in den Westen gekommen ist und wir jetzt da nutzen können davon. However, our life is very complicated in the West. Jedoch ist im Westen unser Leben sehr komplex. There are many, many more distractions around for us than would be present in a traditional village in Tibet. Hier gibt es wesentlich mehr Ablenkungen, als das der Fall wäre in einem traditionellen tibetischen Dorf. Consumerist capitalism endlessly provides us with an infinite array of choices. Der Kapitalismus der Konsumenten führt uns ständig eine unendliche Masse an Dingen zu, die wir konsumieren können. It presents new objects which seem to be fascinating and of real value. Und außerdem werden uns ständig neue Objekte präsentiert, die faszinierend und auch von besonderem Wert zu sein scheinen. Consumerist capitalism works on the basis that the answer lies in the object. Und der Konsumentenkapitalismus funktioniert nur auf der Grundlage, dass daran geglaubt wird, dass die Antwort in den Objekten liegt. You will be completed if you have this product. Man wird vollständig sein, sobald man dieses Produkt besitzt. It will give you what you need. Es wird dir geben, was du brauchst. That is to say, the completion can arrive by the addition of something onto you. Das bedeutet, die Vollständigkeit kann eintreten dadurch, dass wir uns selbst etwas hinzufügen. You find that you have a lack, and this wonderful product will fulfill that lack so that you feel okay. Man empfindet einen Mangel und dieses wundervolle Produkt wird diesen Mangel ausgleichen, sodass man sich vollkommen oder vollständig fühlt anschließend. Our entire advertising system operates on that principle. Auf diesem Prinzip beruht das ganze Werbung. And especially to try to create a sense of lack. Vor allen Dingen auch darauf,
zu versuchen, ein Empfinden von Mangel überhaupt wachzurufen. So we look out. Das heißt, wir schauen nach draußen. And so it's very easy to think that what is wrong with me is the absence of the objects, the people or the skills or the possessions which will make me complete. Und wenn man herausfinden möchte, was an mir nicht stimmt, dann ist es sehr leicht, so Schluss zu folgern, dass es daran liegt, dass mir bestimmte Objekte fehlen, Leute fehlen, bestimmte Fähigkeiten fehlen, die da draußen sind. Besitztümer. The early Buddhist capitalist commodity department developed also a branding system for this. Und dies frühe sozusagen, die frühe Abteilung des Kapitalismus im Buddhismus hat hierfür auch Benennungen oder Marken geschaffen. If you want to get enlightened, you have to gather the two accumulations. Möchte man Erleuchtung verwirklichen, muss man die zwei Ansammlungen vervollständigen. You have to have merit and you have to have wisdom. Man braucht Verdienst und man braucht Weisheit. We have many products which you can make use of in order to get merit. Und wir haben sehr viele Produkte zu bieten, die ihr dazu nutzen könnt, Verdienst anzusammeln. You can build a stupa. Ihr könnt eine Stupa bauen, You can feed the monks. ihr könnt die Mönche ernähren, You can burn butter lamps. man kann Butterlampen anzünden. And because this is a Buddhist capitalist structure, they have a special way of increasing the rate of return. Und weil es halt eine buddhistische, kapitalistische Struktur ist, haben sie eine spezielle Methode, halt den rückkehrenden Zinsgewinn sozusagen deutlich zu erhöhen. Because each time you accumulate some merit, you give the merit away to other people, and then you get twice as much back. Denn jedes Mal, wenn man Verdienst erwirbt sozusagen, dann widmet man oder gibt diesen Verdienst an andere weiter und dadurch steigt der eigene Verdienst ums Doppelte. So this is a skillful way of teaching which allows the paradigm of lack and accumulation to help us to think what is the nature of the Dharma path. Das ist eigentlich eine sehr geeignete Methode dazu, in der Lehre eben herauszufinden, wie dieses Verhältnis zwischen Mangel und Ansammlung uns dabei hilft herauszufinden, was eigentlich die Natur des Dharma oder des Dharma-Weges ist. Accumulation means that things are gathered together and held as enduring substances through time. Ansammlung bedeutet, Dinge zu sammeln und sie als dauerhafte Substanzen durch die Zeit zusammenzuhalten. So if you're doing a ritual offering, then you have a dzog, you gather together food and liquids and so on and offer these to the Buddhas and then you eat some of them yourself. Das heißt, in der Tradition zum Beispiel hat man Rituale wie Dzog, wo man Essen und Flüssigkeiten sammelt, darbringt, den Buddhas und auch selber was davon genießt. And the same word dzog is used to describe these accumulations. In dieser Art und Weise ist Dzog eine Beschreibung, was Ansammlung bedeutet. Something which is gathered. Etwas, was gesammelt wird. And when we're gathering, we gather what we need and we reject the rest. Wenn wir sammeln, dann sammeln wir das, was wir brauchen und den Rest weisen wir zurück. So the issue is to be clear what is beneficial and what is not. Und es geht also hier darum, ganz eindeutig klar sich darüber zu sein, was nützlich ist und was nicht. When you're a child and you go out, especially with this time of the year, you still have this blackberries growing wild on the brambles. Wenn man als Kind zum Beispiel in dieser Jahreszeit speziell rausgeht, dann findet man überall noch Brombeeren an den Brombeersträuchern. And your parents have to introduce you to the fact that there are some wild berries you can eat and some you can't because some are poison.
Und dann müssen die Eltern uns beibringen, dass es Beeren gibt, die man essen kann und andere, die giftig sind. There's a big difference. Das macht einen großen Unterschied. So you can't do it just on the color, Man kann es nicht nur auf die Farbe beziehen just on the shape, oder nur auf die Form, but you have to learn the diagnosis or the identification through signs, through qualities, what is useful and what is not useful. Stattdessen muss man lernen, auf der Grundlage von bestimmten Anzeichen, bestimmten Qualitäten definitiv festzustellen oder zu diagnostizieren, was es ist und was es nicht ist. And a lot of our life is spent doing that. But then there's a question, well, what are the criteria whereby you establish the qualities of something? Und wir verbringen tatsächlich einen großen Teil unseres Lebens damit, in dieser Weise auszuwählen. Hier ist allerdings wichtig herauszufinden, was sind denn eigentlich die Kriterien, auf deren Grundlage wir bestimmen, was etwas ist und was etwas nicht ist. So if we go back to this image of the Dharma as medicine, Wenn wir also zurückgehen zu dem Bild von Dharma als Medizin. I need medicine because my life is not quite right. Ich brauche Medizin, weil mein Leben nicht ganz okay ist. So medicine is clearly something which is not me, which when I take it operates inside me. It's as if it is me and it helps me to be better. Medizin ist deutlich etwas, was nicht ist, nicht ich bin, aber wenn ich es zu mir nehme, das in mir wirkt, zu mir wirkt und dadurch eine Veränderung bewirkt oder Verbesserung. When we get sick, we become aware that we are not self-regulating and we're not self-sufficient. Wenn wir krank werden, stellen wir fest, dass wir sozusagen nicht selbstregulativ sind und auch nicht uns selbst erhalten. Some imbalance occurs in us, however we read that, in terms of the 5 elements or in terms of biochemical system. Wenn immer irgendwelche Unausgeglichenheiten auftreten, egal ob wir das betrachten vor dem Hintergrund der 5 Elemente oder der Biochemie, And we need something, not me, something other, to rebalance ourselves. dann brauchen wir etwas, was nicht ich ist, was anderes, was wir uns zuführen, um die Balance wiederherzustellen. Generally in Buddhism, describes the practices which relate to relative truth. Im Buddhismus werden hier also Praktiken beschrieben, die sich auf die relative Wahrheit beziehen. Relative truth means the understanding of this in relation to that. Relative Wahrheit bedeutet, dass man die Dinge, dies und jenes aufgrund der Beziehung zueinander versteht. So we can say today the air is cooler than yesterday. Wir können also sagen, heute ist die Luft kühler als gestern. Which is how we make sense of what is happening. Auf diese Weise verstehen wir, was sich abspielt. We hold on to the idea of yesterday, Wir haben die Erinnerung von gestern in uns, although yesterday clearly has vanished, obwohl es tatsächlich eindeutig weg ist. but we can allow yesterday to leave some traces, Wir gestatten aber, dass gestern einige Spuren zurücklässt. which is our felt sense, our memory, embodied memory of how the weather was then, and then we look and feel how it is now. Diese Spuren, die so eine Empfindung, eine Erinnerung in uns gefühlte und verkörperte Erinnerung daran sind, wie das gestern war, das Wetter, und vergleichen es dann mit dem, was jetzt ist. These outer factors change, the inner factors change, and so we put this in relation to that. Die äußeren sowie die inneren Faktoren verändern sich und da setzen wir diese veränderten Faktoren zueinander in Beziehung. But the fact is that we are not self-sufficient. Es ist aber Tatsache, dass wir uns nicht selbst erhalten. And so we find ourselves having to be in relation to the world. Und das führt dazu, dass wir mit der Welt in Beziehung sein müssen. We have some small capacity to act on the world, Wir haben eine beschränkte Möglichkeit, in der Welt zu agieren, but largely the world is acting on us. aber im Großen und Ganzen agiert vor allen Dingen die Welt in uns oder mit uns. The world influences how we are. Die Welt beeinflusst, wie wir sind. I'm not complete in myself. Ich bin in mir nicht vollständig.
So there are many Dharma paths which are about how to make fine judgments and rebalancings of ourselves. Es gibt also viele Dharma-Pfade, die uns dabei, die dazu führen sollen, dass wir im Detail ganz fein beurteilen können und auch erkennen können, wie wir uns wieder in Ausgleich bringen können. This is the path of antidotes. Das ist der Pfad der Gegenmittel. And most Dharma teaching is concerned with antidotes. Die meisten Dharma-Belehrungen beziehen sich auf Gegenmittel. Generally speaking, Dzogchen is not concerned with antidotes. Im Allgemeinen kann man sagen, dass das Gegenmittel bei dem Dzogchen keine Rolle spielt. It's concerned with how to stay open to the experience of whatever is occurring. Sondern mit dem Erleben gegenüber dessen, was immer auch sich abspielen mag, offen zu sein. So, first of all, as a general preparation, we start to think about our situation and try to see what is the true nature of our problem. Als Vorbereitung ist es für uns so, dass wir gerne erstmal über unsere Situation nachdenken, um herauszufinden, was eigentlich der Natur nach unserem Problem ist. This is where our Western view of life and the traditional Buddhist view is very different. Hier unterscheidet sich unsere westliche Vorstellung vom Leben und die traditionelle Sichtweise sehr. Generally speaking, now in the West, we live in a materialist, fairly atheist culture. It's a fairly materialistic and atheist. Means Ach so, atheistisch, okay. Ja. I'm sorry. Wir leben hier vor allem in einer Kultur, die geprägt ist vom Materialismus und Atheismus. That is to say that the mind is generated out of matter. Das bedeutet, der Geist ist oder besteht aus Materie oder ist erzeugt aus Materie. The brain is the center of our being. Das Gehirn ist das Zentrum unseres Seins. We come into existence through the sexual contact of our parents, Durch den sexuellen Kontakt unserer Eltern sind wir in dieses Leben gekommen, which allows the development of the brain, which generates the qualia, the felt subjective experience of consciousness. was dazu geführt hat, dass das Gehirn sich entwickelt hat und was dazu führt, dass wir bewusst erleben können und empfinden können. And then we die. Und dann sterben wir. And when we die, the brain dies and consciousness dissolves. Und mit dem Sterben stirbt auch das Gehirn und das Bewusstsein löst sich auf. Which means that if you are good at exploiting other people and lying and cheating, if you don't get arrested, then when you die, you get away with it. Das bedeutet, dass wenn wir gut darin sind, andere auszubeuten, zu lügen und zu betrügen, wenn wir sterben, sozusagen nochmal davongekommen sind damit. Because if you are able, like many people seem to be able, to cheat yourself into believing that harming others is beneficial, Wenn man dazu in der Lage ist, wie offensichtlich auch viele es sind, daran sich glauben zu machen, dass es in Ordnung und nützlich ist, dass man andere leiden lässt, then when you die, you can feel you've had a good life. dann kann man das Gefühl haben, wenn man stirbt, dass man ein gutes Leben gehabt hat. Buddhist view is very, very different. Die buddhistische Sichtweise ist hier sehr anders. The Buddhist says that the mind is infinite. It's not an entity. Im Buddhismus gehen wir davon aus, dass der Geist unendlich ist. Er ist kein Ding. It has no beginning and it has no end. Ohne Anfang und ohne Ende. What the mind shows has beginning and end. Was der Geist zeigt oder präsentiert, hat Anfang und Ende. We experience thoughts, feelings, sensations, memories. Empfinden, erleben, Gedanken, Gefühle, Empfindungen und Erinnerungen. And these arise and pass, arise and pass. Die treten in Within the Erscheinung. mirror-like open, spacious mind.
Und in diesem spiegelgleichen, weit offenen Geist treten wir in Erscheinung, verschwinden, erscheinen wieder, verschwinden. Due to this, when the body dies, the mind itself doesn't die. Deswegen stirbt der Geist selbst nicht, wenn der Körper stirbt. The particular patterning or configuration of thoughts and memories that we've developed in this life will dissolve, but the ground or the basis out of which experience occurs, that will continue. Denn diese spezifischen Muster von unseren Gedanken, unseren Vorstellungen und Erinnerungen, das löst sich aus, aber die Grundlage, aus der heraus Erlebnisse in Erscheinung treten, die bleibt. So, from that point of view, death is sad because it's the end of all that we have accumulated on a material level in this world. Auf eine gewisse Weise ist Tod also was Trauriges, weil alles, was wir auf der materiellen Ebene in diesem Leben angesammelt haben, verloren geht. This illusory palace of our personal existence dissolves. Dieser illusionäre Palast unserer persönlichen Existenz löst sich auf. We enter the Bardo stages, Und wir treten in den Bardo-Zustand ein and then we take birth in another dimension und werden dann in einer anderen Dimension wiedergeboren and have to find our way how to survive there, und müssen dort einen Weg finden zu überleben. which we do for a while and then that dissolves. Was wir eine Weile lang machen und auch das löst sich dann auf. So, in the first chapters in Simply Being, there's a lot of description of the different realms and what happens there. In den ersten Kapiteln Simply Being einfach sein, das ist glaube ich eine deutsche Übersetzung, oder? Das heißt mein Gepäck, Simply Being? Das ist mein Gepäck. Ah ja, okay. Da geht es vor allem darum, wie sich das auflöst. It's very useful to reflect on these Und es ist sehr nützlich, darüber zu reflektieren. because we are quite committed to our existence. Denn wir haben uns ja unserer Existenz richtig verschrieben. This feels like me. Das fühlt sich wie ich an. So we know that the relations between men and women can be quite difficult. Wir wissen ja, dass die Beziehung zwischen Männern und Frauen schwierig sein kann. If you have a male body, it's sometimes quite difficult to work out what women want. Wenn man einen männlichen Körper hat, ist es manchmal sehr schwierig herauszufinden, was Frauen eigentlich möchten. And women seem to also find it quite difficult to understand what men are about. Und es scheint auch, dass Frauen es auch schwierig finden, herauszufinden, was Männer eigentlich möchten. Now, men and women are not so different. Männer und Frauen sind ja aber nicht mal besonders verschieden. But if we go out in the garden later, we see the little birds hopping about. Wenn wir aber in den Garten rausgehen und die kleinen Vögelchen da rumhopsen sehen, Can we imagine what it's like to be a bird? können wir uns vorstellen, wie es eigentlich sich anfühlt, ein Vogel zu sein. You don't have any hands. Man hat keine Hände You're coming head first all the time. und immer der Kopf voran. And if you want to eat something, you have to put your nose right in close to it. Und wenn man was essen will, muss man richtig die Nase reinstecken. That's very scary because you have no protection. Das ist irgendwie beängstigend, weil man keinen Schutz hat. And these very vulnerable eyes are now very close to something which could cause trouble to you. Und diese sehr wertvollen Augen sind jetzt ganz nah an etwas, was uns Schwierigkeiten machen könnte. So we see that birds are usually quite paranoid. Wir sehen ja, dass Vögel häufig sehr ängstlich sind. They're either paranoid or stupid, like the fat pigeons. Entweder sind sie ängstlich oder sie sind ein bisschen dämlich, wie diese dicken Tauben. So, some of you may have done in Dzogchen Rushen practice where you make these explorations of how it might be to be in the other realms. Einige von uns hier haben vielleicht schon im Dzogchen-Kontext die Rushen-Praktiken gemacht, wo man eben versucht zu fühlen, wie sich anderes Sein anfühlt. These are ways of deconstructing our total identification with the sense that this is me. Das ist eine Dekonstruktion, ein Abbau dieser völligen Identifikation mit diesem Gefühl, das bin ich. Because this is meanness feels as if it's guaranteed by some internal essence. Denn dieses Empfinden oder dieses Ich-Sein als solches scheint garantiert zu sein dadurch,
dass es eine interne Essenz gibt. But in fact, of course, it arises due to causes and circumstances. Tatsächlich aber tritt es in Erscheinung aufgrund von Ursachen und Bedingungen. As I get older, I come to the period when many people I know start to die. Je älter ich werde, komme ich in diese Phase, wo viele Leute sterben, die ich kenne. People who I've known for many years, and I knew them when they were young and healthy. Leute, die ich schon lange gekannt habe. Ich kannte sie, als sie jung waren und gesund. They see, oh, they're now in hospital, and then I go to the funeral. Und dann erlebe ich, dass sie jetzt im Krankenhaus sind und dann gehe ich zu ihrer Beerdigung. I also will die. Ich werde auch sterben. This feels impossible. Das fühlt sich unmöglich an. How could I die? Wie könnte ich sterben? I've always been here. Ich war doch immer hier. Being here that's what I do. Hier zu sein, das mache ich. Because we feel as if we are coming from the inside out, and there will always be more of me. Ja, weil wir das Gefühl haben, dass wir aus dem Innen herauskommen, sozusagen, und dass die Welt sich immer mehr mit mir füllt. We are held in place by the interaction of many different factors. Tatsächlich sind wir da, wo wir sind, aufgrund der Interaktion vieler verschiedener Faktoren. People slip in the shower and bang their head. Leute rutschen in der Dusche aus und knallen auf den Kopf oder verletzen sich den Kopf. There are car crashes, train crashes, plane crashes. Es gibt Unfälle mit Autos, mit Zügen, mit Flugzeugen. There are blood clots, Und es gibt Blutverluste, cancers, Krebsarten, endless numbers of ways of dying. endlose Arten zu sterben. Because life is a very subtle balancing. Weil das Leben mit eine sehr subtile Balance hat. And the factors which can cause unbalancing are many. Und es gibt so viele Faktoren, die diese Balance stören können. So the meanness of me, what establishes me as being the one who I take myself to be, this is not established from something inside me. It's not in the palm of my hand. Das Ich-Sein, das, was dazu führt, dass ich mich selbst als Ich identifiziere, beruht nicht auf etwas, was in mir ist oder was ich in der Hand hätte. I arise independent co-origination. Ich entstehe oder trete in Erscheinung aufgrund abhängiger Erscheinung oder Ursprungs. Due to particular factors about when we have been growing up and developing, we have certain capacities in our body. Auf Grundlage von bestimmten Faktoren und Bedingungen, während wir zum Beispiel aufwachsen, haben wir bestimmte Fähigkeiten. So I was born just after the war, Ich bin kurz nach dem Krieg zur Welt gekommen. and I belong in a group of people, certainly in Scotland, who have very bad teeth. Und ich gehöre definitiv zu einer Gruppe von Leuten, wo man schlechte Zähne hatte, aus Schottland stammt. Because during the war there was rationing, Denn es gab Rationierung natürlich während des and Krieges. the food had to come from outside Britain, and there were many submarines trying to sink the food ships and so on. Und die Lebensmittel wurden von außerhalb Großbritanniens eingeführt und es gab viele U-Boote, die versucht haben, diese Schiffe zu versenken. So they didn't import too much sugar, Das heißt, sie haben nicht so viel Zucker importiert. so the children didn't get to eat many sweets, Und da konnten die Kinder nicht so viel Süßigkeiten essen. and they had good teeth. Und sie hatten gute Zähne. And growing up after the war, everybody was celebrating in a sugar festival. Und nach dem Krieg haben ständig ein Zuckerfest gefeiert. And always giving sweets to the children, so then I got many holes in my teeth. Und den Kindern wurden ständig Süßigkeiten verabreicht und darum hatte ich viele Löcher in den Zähnen. And what is happening around us is not far away outside ourselves, it comes right inside us. The structure of our body. Und genauso ist es das, was
sozusagen um uns herum ist, das ist nicht weit weg, sondern es dringt direkt in uns ein und beeinflusst die Struktur unseres Körpers. That way we see death comes easily because the factors which constitute us are impermanent. Und Tod kommt leicht. Aufgrund der Tatsache, dass die Faktoren, die uns ausmachen, vergänglich sind. Being human, having a human existence is one of the many possibilities where the mind can manifest. Mensch zu sein ist eine der unzähligen Möglichkeiten, wo sich Geist manifestieren kann. In the Tibetan there are two main terms that they use to describe us. Im Tibetisch gibt es zwei Hauptbegriffe, die sie nutzen, um uns We are zu beschreiben. described as senchen, that is to say, having mind. Wir werden als Senchen beschrieben, einen Geist besitzend. And we're described as drowa, movers, creatures on the move. Und wir werden beschrieben als Drowa, Wesen, die sich bewegen. You see what we see. There's snails and different bugs, all these insects and animals, everybody's moving. Wenn wir Schnecken sehen, Käfer, all diese unterschiedlichen Tiere, alle bewegen sich. Building nests, digging holes, finding food. Sie bauen Nester, graben Höhlen, finden Nahrung. And they do this on the basis that there is a mind which formulates intentions. Und das passiert auf der Grundlage dessen, dass sie einen Geist haben, der Absichten verfolgt und formt. Something seems very important. Etwas wird besonders wichtig. Some things feel important just for human beings, Bestimmte Dinge fühlen sich nur für Menschen wichtig an and they wouldn't be important for dogs. und wären für Hunde völlig unwichtig. Things which are important for dogs are not necessarily important for human beings. Dinge, die für Hunde wichtig sind, müssen nicht notwendigerweise den Menschen wichtig sein. Having been born into a human body, a particular vision of this world arises for us. Dadurch, dass wir in einem menschlichen Körper geboren sind, entfaltet sich in uns einfach eine spezifische Art des Sehens oder der Schau. We can see that different creatures have different relations with the world just through their embodiment. Man kann ja beobachten, dass die unterschiedlichen Kreaturen aufgrund ihrer Verkörperung ein jeweils unterschiedliches Verhältnis zur Welt haben. We know that dogs have a range of hearing which we don't have access to. Wir wissen, dass Hunde in Bereichen hören können, wo wir keinen Zugang dazu haben. We know that many creatures can smell, sense and register meaning from them in ways we can't. Und viele Kreaturen können zum Beispiel riechen oder aufgrund von Kriterien Bedeutung erkennen, zu denen wir keinerlei Zugang haben. Different kinds of ants communicate chemically. Zum Beispiel Ameisen, die sich mit chemischen Stoffen verständigen. If you imagine being a lobster, Wenn man sich vorstellt, eine Hummer zu sein. it's very hard edge, you're trying to claw things. Es fühlt sich ganz hart an, wenn man versucht, mit diesen Zangen was zu erfassen. In the claws there are not so many nerve endings, Und in diesen Zangen gibt es nicht viele Nervenenden. but in the tips of our fingers we have so many nerve endings that allow us to have the most delicate touch. Aber in unseren Fingerspitzen haben wir so viele Nervenenden, dass wir sehr sanft Dinge berühren können oder empfinden können. These are not just interesting facts about other creatures. Das sind ja nicht nur interessante Tatsachen über andere Kreaturen. These are ways of understanding that the world is experience. Vielmehr sind das Möglichkeiten, die Welt zu verstehen, wie man die Welt erleben kann. That the world is revealed to us through the particularity of our embodiment. Und dass die Welt sich durch die spezifischen Sachen in unserer Verkörperung uns offenbart. In that easily changes with time. Und das verändert sich ganz leicht, allein durchs Vergehen von Zeit. For example, in Afghanistan, there were many landmines put down, particularly in the Russian war. Vor allem im russischen Krieg wurden in Afghanistan sehr viele Landminen gelegt.
Many children lost legs. Viele Kinder haben Beine verloren. And you can see documentaries about them with their little wooden crutch moving around. Und man kann Dokumentationen darüber sehen, wo sie mit ihrer kleinen Holzkrücke sich bewegen müssen. The culture there is not as politically correct as in Western Europe. Und dort ist die Kultur nicht so von politischer Korrektheit geprägt wie hier in Westeuropa. So if you're a cripple, you're a cripple. Wenn man ein Krüppel ist, ist man ein Krüppel. And it's not high status. Und das hat keinen hohen Status. People laugh at you Leute lachen einen aus, because you don't have a leg. weil man kein Bein hat. You can't really play football Weil very man easily. nicht Fußball spielen kann zum Beispiel. You have become less than. Man ist weniger geworden. You didn't ask for the war, you didn't invent a landmine, Man hat ja nicht um den Krieg gebeten und man hat auch die Landminen nicht erfunden. but now you have one leg, Jetzt hat man aber nur noch ein Bein. difficult to get work. Es ist schwer, Arbeit zu finden. You don't look the same as other people. Man sieht nicht aus wie die anderen. You are less than. Less than. Less than, you're diminished, yeah. Wir sind weniger. So this is what we see all over the world. What we take to be the integrity of ourselves is not established by our own willpower or our intelligence. It's a matter of generally what we would call luck, or according to Buddhism, our karma. Das sieht man überall auf der Welt. Und das, was wir für unsere Integrität halten, das, was wir sind und da sind in Echtigkeit, das hängt eben nicht ab von unserer Willenskraft, von unserem Wissen, unserer Intelligenz, sondern kommt vor allem zustande aufgrund von Glück oder wie man im Buddhismus das bezeichnet als Karma. So this is a very interesting area, because if there are so many factors operating on our life, it can seem a little bit random. Das ist ein sehr interessantes Feld zu betrachten, denn wenn es so unglaublich viele Faktoren gibt, die Einfluss auf unser Leben haben, dann scheint uns das sehr zufällig. We say, oh, this boy, Majud, he's very unlucky because he had his leg blown off. Zum Beispiel dieser Junge hier, Majid, der hat einfach Pech gehabt, denn hat sein Bein verloren in der Explosion. It's a terrible accident. Schrecklicher Unfall. Why do these things happen? Warum geschieht sowas? No, then we might say, oh, inshallah, Dann sagen wir, God Inshallah. wills these things. We don't know why. It is written in the book at the beginning of time. Gott weiß diese Dinge, wir haben keine Ahnung davon, aber es stand von Anfang an im Buch des Schicksals. It's either the will of God or just bad luck. Entweder Gottes Wille oder Pech. Buddhist and Hindu reading would say, no, it arises as the consequence for actions that we ourselves have generated in previous existences. Die buddhistische Vorstellung und auch die hinduistische Vorstellung hingegen sagt, nein, dieses Ereignis ist zustande gekommen als Konsequenz aufgrund der Handlungsweisen, die wir in früheren Leben ausgeführt haben. There are no accidents. Es gibt keine Unfälle. Everything arises from causes and conditions. Alles entsteht aufgrund von Ursachen und Bedingungen. But we, operating in this opaque world of obscuration, have no memory of the causal situations. Wir aber, die wir in dieser undurchsichtigen Welt von Hindernissen und Schwierigkeiten uns bewegen müssen, können da nicht durchdringen. Something happens and we don't know why. Dinge geschehen und wir wissen nicht warum. Why is the Greek economy a mess? Warum ist die griechische Wirtschaft so eine Durcheinander? Because the Greek people are lazy. Weil die Griechen faul sind. That's one explanation. Das ist eine Erklärung. Another is it's due to the European Central Bank for welcoming them into the Eurozone. Eine weitere Erklärung ist, dass die Europäische Zentralbank daran schuld ist, in der Art und Weise, wie sie in die Eurozone aufgenommen haben. Because our great leaders don't understand the difference between politics and economics. Weil unsere großen Führer nicht den Unterschied zwischen Politik und Wirtschaft erkennen. Political membership of the EU means
very disparate economies are brought together. Politische Mitgliedsein in der Europäischen Union bedeutet, dass sehr viele Länder mit völlig unterschiedlichen ökonomischen Standpunkten zusammenkommen. So we all hold hands in a circle and say we are European. Das heißt, wir schließen uns zusammen mit einem Handkreis, wo wir die Hände halten und sagen, wir sind Europa. But some Europeans are richer than others. Aber einige Europäer sind reicher als andere. How did this happen? Wie konnte das geschehen? Surely we should change this. Was sollten wir ändern? Ah, but how can you help people who are very lazy? Ach, wie kann man aber Leuten helfen, die eigentlich faul sind? That's why we can't allow the Greeks to get away with their debt. Darum können wir nicht gestatten, dass die Griechen mit ihren Schulden davonkommen. Here in Germany, people work hard for what they have. Hier in Deutschland arbeiten die Leute hart für das, was sie haben. And we do it even when it's raining. Und wir machen das auch noch, wenn es regnet. The Greek people don't have enough rain. Wenn Griechen, da regnet es nicht genug. They have too much sunshine. Sie They're too happy. haben zu viel Sonnenschein, sie sind einfach zu glücklich. So we are letting them experience suffering. Also müssen wir sie leiden lassen. And that will help them become proper Northern Europeans. Und das wird dazu führen, dass sie endlich richtige Nordeuropäer werden. This sounds like madness, but I think that's a large part of the view which is driving the economic relations at the moment. Das klingt total irre, aber ich glaube, dass diese Sichtweise einen wichtigen Anschub für die Art und Weise gibt, wie man wirtschaftliche Beziehungen innerhalb der EU im Moment betrachtet. They see a few men in suits in a back room can destabilize whole countries. Und so kann man beobachten, wie einige Männer in Anzügen irgendwo in einem Hinterzimmer Länder destabilisieren können. The cost of food in the shops in Greece is being determined not by who's growing vegetables in the next garden. Dann die Lebensmittelpreise in den Läden in Griechenland werden nicht davon ausgemacht, wer nebenan im Garten Gemüse anbaut. So, when we look at it from our modern realist point of view, we say, oh, surely we are intelligent enough to solve these problems. Wenn wir von unserem modernen Realismus-Standpunkt aus das betrachten, sagen wir, wir sind auf jeden Fall intelligent genug, um dieses Problem zu lösen. We accept that many variables are operating here, but if we all sit and we think together, we come up with a good solution. Wir akzeptieren, dass es viele Variablen gibt, die hier zusammenwirken, aber wir sind davon überzeugt, wenn wir uns zusammensetzen, dann können wir eine gute Lösung finden. But somehow it doesn't arrive. Irgendwie kommt das aber nicht zustande. People try their best, but things still get in a mess. Die Leute versuchen ihr Bestes und trotzdem wird es immer konfuser. This is because there are these invisible rivers of causality flowing under the surface. Weil es einfach diese unsichtbaren, ursächlichen Strömungen gibt, die unterhalb der Oberfläche wirken oder strömen. Factors which are impinging, which are operative, and yet are so intangible that we can't see them with our rational mind. Faktoren, die wirklich so wirksam sind und wir trotzdem mit unserem rationalen Geist nicht erfassen können. This is how karma manifests. Auf diese Weise manifestiert sich Karma. That we find ourselves engaged in situations. Dass wir uns einfach in Situationen wiederfinden. If you turn on the television, you see every day the destruction of Aleppo. Wenn man den Fernseher anstellt, sieht man jeden Tag dieser Zerstörung von Aleppo zu. The hospitals are being directly attacked. Die Krankenhäuser sind sogar direkt angegriffen worden. They're being directly attacked by people with arms and legs, Und zwar von Leuten mit Armen und Beinen, who have mothers and fathers, die Mütter und Väter haben, may well have children, vielleicht auch Kinder haben, who go home and play football with their kids, die dann nach Hause gehen danach und mit den Kindern Fußball spielen, having dropped bombs on a hospital. nachdem sie ein Krankenhaus bombardiert haben. How is this possible? Wie ist das möglich? Because they have some perspex wall in their mind. Weil sie einfach eine Trennungswand in ihrem Geist haben. Here are the friends, here are the enemies. Auf der einen Seite sind die Freunde, auf der anderen die Feinde. But in Syria now,
there are so many ways of defining who is friend and who is enemy. Heute aber gibt es so viele unterschiedliche Arten in Syrien, wie man herausfinden kann oder wie man definiert, wer Freund, wer Feind ist. This is a situation that's out of control. Diese Situation ist völlig außer Kontrolle geraten. So we watch this with the same kind of shame that we had looking in previous years at Srebrenica, in the way these horrible situations are established. Und mit dem gleichen Schamgefühl betrachten wir das heute, wie wir vor einigen Jahren die Situationen in Srebrenica angeschaut haben mit dem restlichen Völkermord. We are so powerful and we are completely powerless. Wir sind einerseits so mächtig und gleichzeitig so ohnmächtig. This is how we can start to feel the nature of karma. So können wir die Natur von Karma spüren. The ego's fantasy of world domination and world control. Diese Fantasie des Egos, dass die Welt beherrschbar ist, kontrollierbar. When the United Nations troops go into a country, doesn't necessarily help. Wenn die UN-Truppen in irgendein Land gehen, bedeutet das nicht, dass es hilft. When there was the massacres in Rwanda, there were United Nations soldiers there. Ja, als diese Massaker in Ruanda passiert sind, waren UN-Soldaten dort. If the World Bank comes to visit your country, you should be very afraid. Man sollte sich fürchten, sobald die Weltbank uns das eigene Land besuchen möchte. This means we don't know what we're doing. Das bedeutet, wir wissen nicht, was wir tun. This is why the beginning of ethics is do less, not more. Darum fängt jede ethische Haltung damit an, weniger zu machen. Now we're preparing for the great anniversary of Martin Luther. Und wir bereiten uns jetzt auf das große Jubiläum von Martin Luther vor. Martin Luther says, you have to do. Martin Luthers Wahlspruch war, handle. God expects of you that you do your best. Gott erwartet von dir, dass du dein Bestes Your tust. salvation is up to you. Und die Errettung liegt in deiner Hand. This Protestant value orientation has driven the whole modernist capitalist procedure. Und diese protestantische Wertehaltung hat den gesamten Kapitalismus sozusagen angetrieben. Indeed, we should do our best. Natürlich sollten wir unser Bestes tun. But what does it mean to do your best? Was bedeutet es aber, sein Bestes zu tun? First rules in ethics is firstly, do no harm, then do some good if you can. Die erste Regel der Ethik besagt, füge anderen keinen oder bewirke keinen Schaden. Und der zweite Punkt ist dann, und dann, wenn dann noch was geht, tu was Gutes, was hilfreich ist. How to not do harm. Wie anderen oder wie überhaupt keinen Schaden bewirken. We have to be able to see what are the consequences of my action. Dazu ist es notwendig, dass wir die Konsequenzen der Handlungen einschätzen können. This is what human beings are very, very bad at. Da drin sind Menschen sehr schlecht. We go into a little bubble, put on the blinkers, think we understand, and then we push, and then, oh my God, what's happened? Wir begeben uns in so eine kleine Blase mit Scheuklappen auf und denken, das ist es und treiben das voran und plötzlich denken wir dann, um Gottes Willen, wie konnte denn das geschehen? Saddam Hussein is a bad man. If you get rid of the bad man, everyone will be very happy. Saddam Hussein ist ein böser Mann. Wenn man diesen bösen Mann los wird, dann werden alle glücklich sein. Colonel Gaddafi is a bad man. If we get rid of the bad man, everyone will be happy. Gaddafi ist ein schlechter Mann. Wenn wir den schlechten Mann loswerden, dann werden alle glücklich sein. It's not like that. So ist es nicht. We don't know what we're doing. Wir wissen nicht, was wir tun. So this is the basis for Buddhist practice. Dies ist die Grundlage für die buddhistische Praxis. We are very intelligent and very stupid. Wir sind sehr intelligent und sehr dumm. So we have to help our intelligence to be more powerful than our stupidity. Das heißt, wir müssen unsere Intelligenz unterstützen, dass sie kraftvoller oder mächtiger wird als unsere Dummheit. And paradoxically, the way to do that is with humility. Und paradoxerweise erreichen wir das durch Bescheidenheit. So generally, the basis of Buddhist practice is refuge. Denn allgemein ist die Grundlage buddhistischer Praxis die Zuflucht. And refuge essentially means I'm lost. I don't know what I'm doing. Please help me. Und Zuflucht bedeutet,
überhaupt in der Grundlage, ich fühle mich verloren, ich weiß nicht, was ich tun soll, bitte hilf mir. I'm wandering in samsara. I have many ideas, but I don't know what's true and false. Ich wandere hier rum in Samsara, habe so viele Vorstellungen und Ideen, weiß aber nicht, was richtig ist und was falsch ist, oder was echt und was unecht ist. Was soll ich machen? So this is how we start to develop faith in the Dharma. So gewinnen wir Vertrauen zum Dharma oder entwickeln Vertrauen zum By accepting the Buddha could see things which we couldn't see. Dadurch, dass wir akzeptieren, dass der Buddha in der Lage ist, Dinge zu sehen, die wir nicht sehen können. And on the basis of his deep insight, he said, spend more time looking inside than looking outside. Und auf der Grundlage seiner Erkenntnis sagt er, verbring mehr Zeit damit, nach innen zu schauen, statt nach außen zu schauen. Because if you don't know what you're up to, how are you going to know what is the basis of your transaction out in the world? Denn wenn du nicht weißt, was du vorhast, wie willst du dann wissen, welche Grundlage zum Tragen kommt, auf der du handelst, wenn du mit der Welt in Kontakt trittst? So when we say, I take refuge in the Buddha and Dharma and Sangha, Wenn wir also sagen, wir nehmen Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha, what do we want protection from? Wovor wünschen wir uns Schutz? From ignorance and the consequences of ignorance. Vor Unwissenheit und vor den Konsequenzen von Unwissenheit. And where will we find this ignorance? Und wo finden wir diese Unwissenheit? Inside In ourselves. uns selbst. So I need refuge from myself. Ich brauche also Zuflucht von mir selbst. So then we have to be able to check out what is healthy and what is not healthy. Dann müssen wir in der Lage dazu sein, herauszufinden, was gesund ist und was ungesund. Now, on the outer level, in terms of the body, that's not so difficult. Bezüglich der äußeren Ebene des Körpers ist das nicht so schwierig. Do I need a bath? Oh yes. Muss ich mich waschen? Ah ja. So you can check out these outer things quite easily. Diese äußeren Sachen kann man ziemlich leicht rausfinden. How can you check out if your mind is thinking? Wie kann man herausfinden, ob mein Geist stimmt? That's more difficult. Das ist schwierig. Which is why we do meditation practice. Darum meditieren wir. Because it allows us to stay with our thoughts long enough for the full flavor to show itself. Weil diese Praxis uns gestattet, lange genug bei unseren Gedanken zu verweilen, um die volle Ausdehnung des Geruchs oder des Gestanks wahrnehmen zu können. Because usually we are running very quickly. Denn gewöhnlich sind wir sehr schnell. We're flowing with our thoughts. Wir fließen mit unseren Gedanken. And we don't really see what we're up to. Und wir sehen nicht, was wir vorhaben, was wir im Schilde führen. So by calming the mind, Dadurch, dass wir den Geist ruhig werden lassen, we start to be able to investigate what is going on. fangen wir an, dazu in der Lage zu sein, zu untersuchen, was vor sich geht. Okay, if we take a break now and then we're moving towards into the text. Wir machen eine Pause und danach begeben wir uns in den Text. The first section of this text by Chetsangpa, he also comments on the conditions of the precious human birth, which is our very rare chance to practice Dharma. Und dieser erste Text von Chetsangpa, da kommentiert er die kostbare menschliche Geburt, sehr selten. Das mal so. Many people don't come in contact with Dharma at all in their life. Und viele Menschen kommen in ihrem ganzen Leben überhaupt nie mit dem Dharma in Berührung. Even if we do come in contact with Dharma, we can mix it with our own ideas. Und selbst wenn wir mit dem Dharma in Kontakt kommen, vermischen wir das oft mit unseren eigenen Vorstellungen. Or it can exist as a vague idea, Oder wir haben eine vage Vorstellung davon. and if it's a vague idea, it's not going to be very functional. Wenn es eine vage Vorstellung ist, die wir haben, dann funktioniert die nicht so richtig. Das heißt, sie kann nicht richtig sich auswirken. So, by reflecting on the rarity of this benign situation, it's an encouragement to do one's best with it.
Und wenn man über diese Seltenheit dieser sehr nützlichen Situation reflektiert, die man hat, da kann einen das da ermutigen, diese richtig zu nutzen. When you're out on the street, you see people going about their business. Auf der Straße sieht man Leute, die ihren Geschäften nachgehen. What they're doing is not bad, Sie machen nichts Schlechtes. but from a Dharma point of view, it's a little bit lost. Vom Dharma-Standpunkt aus betrachtet ist das aber ein bisschen verloren. It's like living in a land where there's gold strewn all over the surface of the earth. Als lebte man in einem Land, wo das Gold überall auf dem Boden verstreut ist. And being focused on collecting leaves. Und dabei aber man sich darauf konzentriert, Blätter einzusammeln. Life goes by very quickly. Das Leben vergeht sehr schnell. So then he describes how one should practice renunciation, Er beschreibt, wie man Entsagung praktizieren kann oder sollte. to go and live in a country where no one knows your name, Zum Beispiel in einem Land zu leben, wo keiner unseren Namen kennt, where you have no obligations, wo man keine Verpflichtungen hat, so that you're free to practice, damit man frei ist, um zu praktizieren. and to not concern yourself with the worldly situation. Sich mit der weltlichen Situation nicht befassen muss. Again and again, he says, whatever comes, comes. Und dann sagt er auch hier wieder, was immer kommt, kommt. That is to say, don't be too concerned with the fantasy of planning and control. Und auch hier wird ausgedrückt, eben, dass wir nicht uns so stark mit Fantasien von Planbarem beschäftigen sollten. The power that you can have by being able to control circumstances Diese Kraft oder Macht, die wir haben können, dadurch, dass wir Umstände kontrollieren können, is very different from the flexibility that we can have that allows us to respond to whatever occurs. unterscheidet sich enorm von dieser Flexibilität, die uns ermöglicht, stattdessen ganz auf alles angemessen zu reagieren und zu agieren, so wie es kommt. Responding to circumstances keeps us in a much more intimate relationship with the world. Auf Umstände zu reagieren, bringt und erhält uns in einer ganz nahen Beziehung mit der Welt. And it means that your impulse or your intention is not activated until the environmental conditions show themselves. Und das bedeutet, dass unser Impuls oder unsere Absicht nicht aktiviert wird, es sei denn, in dem Umfeld gibt es die richtigen Faktoren. Buddhism is not evangelical. Im Buddhismus ist kein Evangelismus. It doesn't set out to convert other people. Es gibt kein Sendungsbewusstsein, andere zu überzeugen. It works on the basis of if people are interested, Es geht darum, ob Leute sich dafür interessieren. because the interest has to arise and ripen from people. Denn dieses Interesse muss aus den Menschen selbst entstehen und reifen. So right from the time that Buddha Shakyamuni awakened under the Bodhi tree, he had hesitation about teaching. Das bedeutet auch eben, dass deswegen Buddha Shakyamuni, als er unter dem Bodhibaum erwachte, zögerlich war bezüglich des Lehrens. And many people, and so it says, the gods came and asked him to teach, but he was very reluctant. Und wie ihm erzählt wird, kamen Leute und auch die Götter selbst und baten ihn um Belehrung und er hat da wirklich gezögert. He wasn't being a diva, Er war keine Diva, but rather seeing, are the conditions ripe for conveying this understanding? vielmehr hat er versucht zu schauen oder zu sehen, ob die Bedingungen dafür reif sind, diese Belehrung weiterzugeben. So it wasn't a monologue coming out of him, Also führte er keinen Monolog, but seeing if the causal conditions are right, then we can participate. sondern sah drauf, ob die Ursachenbedingungen reif sind und dann können wir teilhaben.
Unfortunately, of course, the patriarchal phallic structure of power tends to insist in most organizations. Unglücklicherweise ist es aber eben doch so, dass die phallische, patriarchale Struktur halt in fast allen Organisationen die Führung übernommen hat. Which means that you get a top-down dominance. Das bedeutet, man hat eine Hierarchie von der Spitze halt abwärts. With the people on the lower level having to conform to the ideas of the people at the top. Das beinhaltet, dass diejenigen auf den tieferen Ebenen den Ideen der auf den höheren Ebenen zustimmen müssen und entsprechen müssen. But the position of the Bodhisattva is to be the servant. Die Position eines Bodhisattvas ist aber, Diener zu sein oder Dienerin. And if you will know that traditionally described as 3 ways of ripening as a Bodhisattva. Und viele von uns hier wissen, es gibt die Beschreibung darüber, dass es 3 Arten des Reifens als Bodhisattva gibt. One is to gain enlightenment and then in the manner of a leader to bring other beings to enlightenment. Eine Art und Weise ist, Erleuchtung zu verwirklichen und dann wie ein Führer oder eine Leitfigur andere zur Erleuchtung zu führen. The other is in the manner of a companion to go with all sentient beings. Ein anderer Weg ist wie ein Partner oder eine Partnerin mit oder ein Begleiter mit den Wesen zusammen zu gehen. In the third modality is to go more like a shepherd letting the flock go ahead. Und in der dritten Art und Weise ist es mehr wie ein Schäfer, eine Schäferin, die die Herde vor sich vorangehen lässt. So that we become the last ones to enter enlightenment. Sodass wir die Letzten sind, die in die Erleuchtung eintreten. That we are in the service of others. Dass wir anderen zu Diensten sind. And the servant doesn't determine the menu. Und der Diener bestimmt nicht das Menü. The servant asks, what would you like? What do you need? Diener fragt, was wünschst du, was brauchst du? I will become what is required for you. Ich werde das sein, was für dich wichtig ist oder notwendig ist. This is very different from saying, I know the truth and you need to kiss my ass. Das ist ein Riesenunterschied dazu zu sagen, ich weiß die Wahrheit und du musst mir gehorchen. Ich finde, die dialektische Übersetzung trifft es nicht richtig. Und du kannst mich am Arsch lecken. Du kannst mir die Füße küssen. Ja, das ist eine gute Idee. Du kannst mir die Füße küssen. Sehr gut. So we need to be aware of this because power is something for us all to think about in relation to Dharma. Das ist etwas, dessen wir uns bewusst sein sollten, denn Macht und Machtverhältnisse gerade in Bezug auf den Dharma sind, worüber wir wirklich nachdenken. How to have a clarity which is in the service of other people. Wie legt man Klarheit im Dienste anderer? Because in order to awaken, people have to be fully present in themselves. Denn um voll zu erwachen, müssen die Wesen oder die Leute ganz und gar präsent, gegenwärtig sein in sich selbst. At first, generally, we learn by copying. Zunächst lernen wir durch Nachmachen. But eventually we have to stand on our own feet. Aber irgendwann müssen wir auf eigenen Füßen stehen. Dzogchen in particular is lonely. Dzogchen ist in sich einsam. Because you sit with your own mind. Weil man mit seinem eigenen Geist sitzt. In moment by moment, you alone can work out where you are with what is arising for you. Und jeden Moment kann nur man selbst allein rauskriegen, wo man sich befindet, in welchen Bedingungen oder Umständen. So you have to have the authority and the confidence and the clarity to see clearly what needs to be done. Darum ist es wichtig, dass man sowohl die Autorität als auch die Sicherheit und die Klarheit haben muss, zu sehen, was jetzt ist, wie man ist und was notwendig ist.
The teachings can help this process. Die Lehren helfen oder können helfen in diesem Prozess. But when not well structured, the teachings can also encourage a kind of infantilized regression. Wenn aber dies nicht gut strukturiert ist, dann können diese Lehren auch oder Belehrungen dazu führen, dass wir sozusagen uns verkindlichen, wieder zu Kindern werden. So one of the functions of renunciation that he's talking about is not getting lost in monasteries. Eine der Formen der Entsagung, wo hier davon die Rede ist, ist, sich nicht im monastischen Leben zu verlieren. Siarama, my teacher, used to say that the main function of monasteries was to stop men going out raping and killing. Siarama hat immer wieder darauf hingewiesen, dass eigentlich die wichtigste Funktion von Klöstern war, Männer davon abzuhalten, rauszugehen, zu vergewaltigen und zu töten. That you lock them inside vows and shave off their hair and put on clothes that make it like a warning sign, holy man, don't touch. Und sie stattdessen in Gelübden zu binden und sie in bestimmte Kleidung zu stecken, ihre Haare abzuschneiden, sodass man von außen gleich sozusagen ein Warnschild sehen kann. Diesen nicht anfassen, bitte. Because you can get lost in Dharma as well. Man kann sich auch im Dharma verlieren. As many texts say, if you're in a prison where the bars are made of gold, you're still in a prison. Wie viele Texte eben darauf hinweisen, wenn man in einem goldenen Käfig sitzt, sitzt man immer noch in einem Käfig. So you yourself, with your dignity, with your alertness, have to evaluate how to live. Wir selbst mit unserer Würde, mit unserer Wachheit müssen einschätzen, wie wir leben wollen. We both have to align ourselves with the Dharma, Wir müssen uns sowohl mit dem Dharma in Einklang bringen, but also be fresh moment by moment, responding to circumstances. als auch jeden Moment frisch auf die Umstände reagieren. And there is a tension between these two positions Und zwischen diesen beiden Positionen gibt es eine Spannung, that we have to learn to inhabit and balance. wo wir lernen müssen, damit umzugehen, damit zu leben, das im Ausgleich zu halten. So when he's saying that we have to renounce the world and not get caught up in spending all our life in worldly activities, Wenn also davon die Rede ist, dass wir der Welt entsagen müssen und unser Leben nicht mit weltlichen Aktivitäten verbringen sollen. the outer form of this is to live very simply in a hut or a cave and do practice all the time. Ist die äußere Form davon, ganz schlicht und einfach zu leben in einer Hütte oder einer Höhle und unser gesamtes Leben zu praktizieren. And if we get a chance to do that for some of the time, then it's good. Und wenn wir zumindest für eine Weile die Möglichkeit, das zu tun, kriegen, ist das gut. On an inner level, renunciation means seeing that this world is like a dream. Auf der inneren Ebene bedeutet Entsagung, diese Welt als Traum zu erkennen oder dass sie wie ein Traum ist. And so one participates like as a dream-like figure, Und darum nimmt man auch daran teil, wie eine traumgleiche Figur, without taking things too seriously. ohne die Sachen zu ernst zu nehmen. Because seriousness is the quality of ignorance. Denn Ernsthaftigkeit ist die Qualität von Unwissenheit. As all the Dharma teachings, including the Theravadan, point out, there is no solid substance to anything. Denn alle Dharma-Belehrungen, inklusive Theravada, weisen darauf hin, dass es keine substanzielle Solidität gibt. Moreover, events have no deep continuity to them, no deep duration. They arise and pass. Und noch weitergehend, dass Ereignisse keine tiefe Kontinuität haben. Sie entstehen und sie verschwinden wieder. So when we go to work, it's in the manner of theater. Wenn wir also zur Arbeit gehen, ist das wie in einem Theaterstück. Go into an institution, you have a role with certain tasks to perform. Wir begeben uns in eine Institution, haben dort eine Rolle, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. You have to salute some people who are above you, you have to instruct some people who are below you. Man muss Leute grüßen, sozusagen, die über uns stehen. Man muss Leute unterweisen, die unter einem zu stehen scheinen. It doesn't mean that these people are really above you. Das
Das bedeutet nicht, dass diese Leute wirklich über uns stehen. Doesn't mean that these people are truly below you. Oder jene wirklich unter uns stehen. This is theater. Das ist Theater. It is as if. Als ob. So, if you are in charge of a meeting, you say when to start and when to stop. Wenn man einem Treffen vorsteht, dann sagt man, wann es anfängt und wann es aufhört. And then you go home, and on the way home you have to wait for the bus. Und dann geht man nach Hause und muss auf den Bus warten. And the driver decides to stop or not. Und der Busfahrer bestimmt, ob er anhält oder nicht. Certainly in London, if the driver's in a bad mood, you just go by. In London, wenn die Busfahrer schlecht drauf sind, dann kann es passieren, dass sie dich stehen lassen. Nobody is the king or the queen all the time. Keiner ist die ganze Zeit König oder Königin. So when it's our moment to be the boss, it's theater. Wenn es im Moment gerade an uns ist, der Chef zu sein, das ist Theater. We say the sort of things a boss has to say. Und wir sagen, was man als Chef so sagt. I've been reviewing your performance and I'm not very happy. Ich habe mir deine Arbeit angeguckt und ich bin damit nicht wirklich zufrieden. You need to do this. Du musst das tun. Who is speaking in that moment? Wer redet in dem Moment? If we hear the emptiness of our own words, Wenn wir die Leerheit unserer eigenen Worte hören, then we say, you have to improve. The other person looks a bit anxious. und wir sagen, du musst dich verbessern, die andere Person sieht ein bisschen angespannt aus We say, if you don't improve, you lose your job. und sagen dann, also wenn du dich nicht verbesserst, verlierst du deine I don't want Arbeit. to lose my job. What should I do? Ich möchte meine Arbeit nicht verlieren, was soll ich machen? You have to try harder. Du musst dich mehr anstrengen. Okay. It's theater. Theater, That's all. das ist alles. Nothing is established. Nichts davon ist letztlich wirklich. This is the interplay of cause and effect. Einfach ein Zusammenspiel von Ursache und Wirkung. Your words evoke or constellate certain feelings in the other person. Unsere Worte rufen in der anderen Person bestimmte Empfindungen oder Vorstellungen hervor. But you didn't cause it to happen all by yourself. Wir haben das aber nicht alleine ins Leben gerufen oder verursacht. This is interdependence. Denn es ist ja abhängig. Causal factors arising in that person's life stream, causal factors arising in yours, causal factors arising in the budget of the institution or what your boss is telling you. All of these factors move together and these words come out of your mouth. Denn verursachende Faktoren gibt es in der Person, mit der wir sprechen. Verursachende Faktoren gibt es in uns selber. Verursachende Faktoren gibt es in dieser Institution, in der wir arbeiten. Und in dem, was unser Chef oder unsere Chefin von uns will. Und dieses alles zusammen erformt quasi die Worte, die aus unserem Mund kommen. If we don't have this approach, then we're likely to be trapped and take the drama of our existence as truth. Ohne diesen geistigen Ansatz oder diesen Ansatz der Sicht verfangen wir uns leicht darin, dass wir unser Leben als wahrhaftig empfinden. That causes a lot of problems. Und das führt zu vielen Problemen. Because then we're at the mercy of the eight worldly dharmas of gain and loss, fame and notoriety and so on, and our hopes and fears take us bouncing up and down. Denn dann sind wir abhängig von den achtweltlichen Dharmas, von Gewinn und Verlust, von Berühmtheit oder Bedeutungslosigkeit, von Hoffnung und von Angst. So, renouncing samsara is not so much renouncing the world out there, because samsara is not out there, samsara is our mind. Samsara zu entsagen bedeutet nicht der Welt da draußen zu entsagen, denn Samsara ist nicht die Welt da draußen, Samsara ist unser Geist. Samsara means making this real, strongly real. Samsara bedeutet, dieses alles ganz real erscheinen zu lassen, ganz wirklich. But it's illusion. Das ist eine Illusion. Illusion means it appears, but without self-substance. Illusion bedeutet, dass es erscheint, aber frei ist von eigener Substanz. When you see the reflection of the moon in water, Wenn man zum Beispiel die Reflexion des Mondes im Wasser betrachtet, if the pond is still, you can see the details of the bright full moon. wenn die Oberfläche des Wassers ganz glatt ist, dann kann man sogar die Details des
vollen Mondes sehen. But it's not there. Aber tatsächlich ist er da ja nicht drin. In the same way, if you have children, you have to speak to them, to push them a little bit with their homework or cleaning their teeth. Ja, gleichermaßen, wenn man solche Kinder hat, muss man sie ein bisschen anspornen, ihre Hausaufgaben zu machen, sich die Zähne zu putzen. This is just theater. Das ist einfach Theater. In the world, there are plenty of people without teeth. In der Welt gibt es so viele Leute ohne Zähne. They can eat soup for the rest of their life. Die kann den Rest des Lebens von Suppe essen. But you want them to have nice teeth, so you get your kids to. Man möchte aber, dass die Kinder schöne Zähne haben und deswegen bringt man sie dazu, sie zu putzen. So, this is the theater of your desire. Das ist das Theater unserer Bedürfnisse oder unserer Wünsche. You want the best for them. Wir wollen das Beste für sie. So what you're actually trying to do is bring them into a particular theater. Was wir also versuchen, ist, sie in ein bestimmtes Theater sozusagen zu integrieren. The theater of conformity. Dieses Theater der Konformität. Most of us don't want to be in that theater very much. Die meisten von uns möchten ja in Wirklichkeit gar nicht so da drin sein, We want to be in the theater of our unique individuality. sondern vielmehr im Theater unserer einzigartigen Individualität. But we also have to conform. Nichtsdestoweniger müssen wir uns anpassen. So if we go into resisting, bending the knee and taking our place in something which is already constituted, Wenn wir also versuchen, dem Widerstand zu leisten, dagegen unsere Knie zu beugen und unseren Platz einzunehmen in einem Gefüge, was bereits da ist. what we're actually doing is developing ego agitation. Was wir dadurch tatsächlich entwickeln, ist ein starkes Ego, das sich das agitiert. I don't have to. Ich muss das nicht. You can't make me. Du kannst mich dazu nicht zwingen. I'm not going to. Ich werde nicht. Most children spend quite a bit of time caught up in this. Viele Kinder verbringen die Zeit darin, gefangen zu sein. If I conform, I will lose myself. Wenn ich mich anpasse, verliere ich mich. And of course, this is not necessarily true, Das stimmt aber nicht unbedingt. because you can conform in the manner of a dream. Denn man kann sich anpassen in einer traumhaften Art. You only lose yourself if you feel that the gorgeous plasticity of being, the flexibility of ourselves, should be determined by our own rigid self-definition. Man verliert sich doch nur, wenn diese großartige plastische Flexibilität unseres Seins, dass wir selber sind, sich eben bestimmt werden soll durch die Starrheit und Steifheit unserer Vorstellungen von uns selber. You can't make me. Du kannst mich dazu nicht bringen. This is very lonely. Das ist sehr einsam. Now it's all up to me. Jetzt bin ich dran. And I'm just going to do more of the same. Und ich werde einfach immer nur mehr von demselben machen. But when you make me do things I don't want to do, Wenn du aber mich dazu bringst, Dinge zu tun, die ich nicht machen möchte, what you are actually doing is introducing me to more of my potential. dann stellst du mich damit oder machst du mich damit mit mehr von meinen Potenzialen vertraut. Aspects of my potential which wouldn't have awakened if I was just doing what I want to do. Aspekte meiner Potenziale, die gar nicht wach geworden wären für mich, wenn ich einfach nur weiter das gemacht hätte, was ich möchte. Disruption is freedom. Unterbrechung ist Freiheit. Stasis is imprisonment. Und Starrheit ist Gefängnis. This is why in the Mahayana tradition we have wisdom and compassion linked together like the two wings of a bird. Darum sind in der Mahayana-Tradition Weisheit und Mitgefühl verbunden wie die Flügel eines Vogels. With wisdom we can become calm and clear. Weisheit kann uns klar und ruhig machen. With compassion we have to offer ourselves to annoying beings. Mit Mitgefühl müssen wir uns Menschen oder Wesen, die uns nerven, hingeben.
people who want things and don't do them the way we thought they would do them, and so on. Leute, die was von uns wollen und die Dinge nicht so machen, wie wir ihnen gesagt haben, dass sie sie machen sollen. Helping other people is very frustrating Anderen zu helfen ist sehr frustrierend, because they are not us. weil sie nicht wir sind. If they were me, they would do it my way. Wenn sie ich wären, würden sie es ja so machen wie ich. But they do it their way. Aber sie machen es auf ihre Art. So if I'm going to help them do it, I'm going to help them do it their way. Wenn ich ihnen also schon helfen, das zu tun, dann muss ich ihnen dabei helfen, es auf ihre Art zu tun. And the wonderful paradox of that is their limitation is my extension. Und das wundervolle Paradox hier ist, dass ihre Einschränkung meine Befreiung ist. I'm taken out of myself to find a way to meet the other person as they are. Meine Bereicherung ist. Das heißt, ich komme aus mir selber raus und kann die andere Person treffen in der Art und Weise, wie sie ist. So if we understand this, then the idea of a meditation retreat has to be reconceptualized. Wenn wir das verstehen, dann muss diese Vorstellung, was ein Meditationsretreat bedeutet, konzeptuell neu überdacht werden. Observing the tendency to repetition compulsion. Wenn wir also zum Beispiel unsere Tendenz einfach zwanghaft Dinge zu wiederholen betrachten. We need to both develop the stability of samadhi, Müssen wir einerseits oder gleichermaßen die Stabilität von Samadhi entwickeln, but always in the service of the freeing of the potential for compassion. aber im Dienste der Befreiung des Potenzials, das Mitgefühl sich entfalten kann. So when it says in the text, go and live in a cave and wear the clouds as a hat and so on, Wenn hier im Text also davon die Rede ist, geh und lebe in einer Höhle, nimm dir die Wolken als Hut, we can also see that this is the instruction to allow life to be as it is. kann man das auch so betrachten, dass dies die Unterweisung dahin ist, dass wir gestatten, dass das Leben so ist, wie es ist. If you're living in a cave and you don't have much food, then you're cold and hungry. Wenn man in einer Höhle lebt, man hat nicht viel zu essen, dann friert man und ist hungrig. If you've got a job and your boss sends you emails at the weekend, that's another kind of disturbance. Wenn man eine Arbeit hat und der Chef oder die Chefin einem am Wochenende noch E-Mails schickt, ist das eine andere Art der Störung. Both kinds of disturbance can be useful for practice. Diese beiden Arten von Störung können für die Praxis sehr nützlich sein. Rather than saying, why do they do this? I don't like it when they do that. Statt immer zu sagen, oh, nee, warum machen die das? Ich habe keine Lust darauf. Which is the voice of our desire to have life on our terms. Dass natürlich die innere Stimme ist, die danach fordert, dass das Leben nach unseren Bedingungen funktionieren soll. We can see this is the situation. How will I respond? Können wir stattdessen sehen, so ist die Situation, wie gehe ich jetzt damit um? What is to be done? Wie geht man damit um? Was macht man? Now, usually what we do is in terms of accepting and rejecting. Gewöhnlich gehen wir damit um in Form von akzeptieren oder zurückweisen. We should not do bad things and try to do good things. Wir sollten schlechte Dinge nicht tun und versuchen, gute Sachen zu machen. And this discernment you find in all the stages of the Dharma. Und diese Unterscheidung findet man auf allen Stufen des Dharma. It's linked to the 3 root poisons. Und die ist verbunden mit den 3 Wurzelgiften. And the 3 root poisons are the main thing that we need the medicine of Dharma for. Und für diese 3 Geistesgifte brauchen wir hauptsächlich die Dharma-Medizin. So we have mental dullness or obscuration. Wir haben geistige Dumpfheit oder Verdunklung. And arising from that, we have desire, longing, attachment, and aversion, anger, hatred. Und daraus ergibt sich Begierde, Sehnsucht, Anhaftung oder
Zorn, Zurückweisung, Abneigung. I want more of this, I want less of that. Ich möchte davon mehr, davon weniger. I like you because you make me happy, I hate you because you make me unhappy. Ich mag dich, weil du mich glücklich machst. Ich hasse dich, weil du mich unglücklich machst. This we can understand. Das können wir verstehen. So, look at the objects in the world. What are the ones I want closer to me? What are the ones I want further away? Wir gucken die Objekte in der Welt an und gucken und entscheiden, was möchte ich näher haben, welche von denen und welche von denen möchte ich nicht nah haben, möchte ich weit weg wissen. We look at ourselves and we see, oh, these are the personality traits which I like and I need to develop more. And these are the tendencies I have which are not good and I need to reduce. Wir gucken uns auch genauso selber an und sehen, das sind Eigenschaften unserer Persönlichkeit, die ich weiterentwickeln möchte, weil ich die mehr hervorheben möchte. Und das sind Teile von mir, die ich nicht gut finde, die ich reduzieren möchte. Stopping the bad and doing the good is important. Aufzuhören mit dem Schlechten und das Gute zu tun, ist wichtig. But it's not the meaning of renouncing samsara. Das ist aber nicht der Sinn, Samsara oder die Bedeutung Samsara zu entsagen. The main problem is the invisible problem. Das Hauptproblem ist das unsichtbare Problem. That's why practicing the Dharma is like reading a good detective novel. Dharma-Praxis ist eigentlich wie ein spannender Kriminalroman. The person who does the murder is not the immediate suspect. Der tatsächlich am Ende der Mörder ist nicht der, den man am Anfang für den Täter hält. The real problem is ignorance as it manifests as this mental dullness or stupidity. And I'll say a little bit more about this. Denn das wirkliche Problem ist, dass diese Unwissenheit oder Ignoranz einhergeht mit dieser Dummheit oder Dumpfheit, Verschleiertheit. Ich werde darüber mehr sagen. In Tibetan it's called timuk, which gives a sense of kind of sinking and fogginess. Timuk ist der tibetische Begriff, der so ungefähr bedeutet, im Nebel zu versinken. It's a kind of opacity. Es ist quasi undurchsichtig. We don't see clearly with it. Man kann nicht klar sehen. And yet it is as if we see clearly. Trotzdem kommt es uns so vor, als sähen wir klar. Because it's the basis from which we seem to be seeing. Weil wir meinen, aus der Basis heraus zu sehen. We seem to be establishing something meaningful. Wir haben die Vorstellung und das Empfinden, dass hier was Sinnhaftes ist. So I might say that when I was young, I loved eating chilies, but now I don't eat them so much. Ich könnte zum Beispiel sagen, als ich jünger war, habe ich gerne Chilis gegessen, heute esse ich sie nicht mehr so viel. So it's as if I'm telling you something about me. Es ist also, als würde ich dir etwas von mir erzählen. And I think that's true. Yeah, I used to eat a lot of chilies when I lived in India. Und ich glaube selber, ja, das stimmt. Als ich noch in Indien lebte, habe ich viel Chili gegessen. But it's a sequence of words Tatsächlich ist es eine Abfolge von Worten, which create a little slice of incredible richness of our lived existence. die einfach eine kleine Scheibe des unbeschreiblichen Reichtums unserer Existenz sind. In the moment that we say these words, they come forward into the foreground and the other aspects of our lives seem to recede into the background. In dem Moment, wo wir diese Wörter aussprechen, kommen sie sozusagen in den Vordergrund und alle anderen Aspekte unseres Daseins treten in den Hintergrund. So when we say something strongly, there's an inevitable decontextualization. Das heißt, wenn wir ganz entschieden etwas sagen, findet sofort eine Herausnahme aus dem Kontext statt. So if you're in a relation with someone, you might find yourself saying, you always leave the bathroom in a mess, you just fucking do it. Wenn wir zum Beispiel mit jemandem zusammen sind, sagen wir, mein Gott, du lässt ja, das Badezimmer sieht immer furchtbar aus, wenn du es verlässt, du machst das immer. Now, it's highly unlikely that they always leave the bathroom in a mess. Die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering, dass das immer so ist.
dass sie das Badezimmer so schrecklich verlassen. So the nature of anger is that it has a strongly selective attention, and it builds up this picture. Es gehört einfach zur Natur des Zorns, dass er sehr stark den Fokus auf eine bestimmte Sache wirft und dadurch dieses absolute Bild entwickelt. But in the moment that you're angry with the person, it is as if their sole reality was to be the one who leaves the bathroom in a mess. In diesem Moment des Zorns, der Wut, fühlt es sich für uns so an, dass das die einzige Wirklichkeit ist, dass sie immer das Badezimmer wie ein Schlachtfeld hinterlassen. The force of the anger is arising from the conclusion that you've come to that I always have to tidy the bathroom. It's not fair. You should tidy up your own mess. We can't go on living like this. This is intolerable. And you build up this huge lasagna of opinions. Die Kraft unseres Zornes, die eben aus unserer Schlussfolgerung überhaupt sich so entwickelt, dass wir in uns spüren, immer muss ich sauber machen, das Badezimmer, das ist nicht fair, du solltest deinen Scheiß selber wegräumen, wir können so nicht weiterleben, das geht alles so nicht. Und auf diese Weise entwickelt sich sozusagen diese geschichtete Lasagne, die immer stärker wird. So this is a mental formation. Das nennt man eine geistige Gestaltung, in which many, many other factors about the other person are being ignored. innerhalb derer viele, viele Faktoren, die für die andere Person gelten, völlig ignoriert werden. We're actually constructing an image of the other, Wir konstruieren ein Bild des anderen. and it's moving from a description of moments of behavior Und die bewegt sich von der anfänglichen Beschreibung momentanen Verhaltens into an essentialized truth about the other person. zu einer essentiellen Wahrheit über diese Person. Can you tell us something about your boyfriend? Yes, he's an asshole who never cleans the bathroom. Kannst du uns was über deinen Freund erzählen? Ja, er ist ein Arschloch, der niemals die Badezimmer sauber macht. This now becomes the total definition. Das ist eine komplette Definition. And this is very dangerous. Das ist sehr gefährlich. This is what we see in the Middle East now. Das sehen wir und erleben wir im Mittleren Osten oder im Nahen Osten. That people have developed deep investments of life energy into assumptions about other people. Weil Menschen so viel Lebensenergie in Vorstellungen und Ideen über andere Leute investiert haben. And these assumptions then lead us to a definite conclusion: you are my enemy. Diese Annahmen führen uns zu der definitiven Schlussfolgerung, du bist mein Feind And you are dangerous. und du bist gefährlich. And therefore the world is better if you're dead. Und darum wäre die Welt besser, wenn du tot wärst. I am a good person by removing your kind of person from the world. Ich bin ein guter Mensch, wenn ich so jemand wie dich von dieser Welt entferne. And every side is doing that. Und jede Seite macht das. America has a policy of assassination of terrorists. Amerika verfolgt diese Politik des Besatzungs- oder Umbringens von Terroristen. The so-called terrorists don't think of themselves as terrorists. Die sogenannten Terroristen sehen sich selber gar nicht als Terroristen. They think of themselves as freedom fighters, Sie sehen sich als Freiheitskämpfer. fighting against the great Satan. Kämpfen gegen den großen Satan. The great Satan is America. Und der große Satan ist Amerika. Ayatollah Khomeini said this many times. Ayatollah Khomeini hat das immer wieder gesagt. The devil is America. Der Teufel ist Amerika. But the Americans say, oh, no, excuse me, I think you are. Die Amerikaner aber sagen, nein, nicht wir, du bist der Teufel. So there you have ignorance, assumption plus power. Hier findet man also das Zusammenspiel von Unwissenheit, Vorstellung und Macht. And when you inhabit this, the key thing is that it's invisible to you as a belief because it feels like a truth. Wenn man das auslebt, dann ist der Schlüssel, dass das für uns selber unsichtbar bleibt,
weil wir ja das Gefühl haben, dass das die Wahrheit ist. So this is why this root poison is so difficult for us to work with. Darum ist es für uns so schwierig, mit diesem Wurzelgift zu arbeiten. Because we rely on it for the development of samsara. Weil wir, damit Samsara sich entfalten kann, darauf zurückgreifen. Oh, we should go to this cafe. They make a really good coffee. Wir sollten in dieses Café gehen. Die machen wirklich guten Kaffee. I know things about Berlin. Ich kenne mich hier aus. This is how we build our world. So bauen wir unsere Welt. We have definite knowledge. Wir haben definitive Informationen oder Wissen. Between yesterday, when you had a good coffee, and today, the machine could be broken. They could have bought a cheaper kind of coffee. The person making the coffee might not know the machine very well. Anything could happen. Zwischen gestern und heute, wo man gestern tollen Kaffee getrunken hat, könnte inzwischen die Maschine kaputt gegangen sein, die könnten billigen Kaffee gekauft haben oder die Person versteht nicht mit der Maschine umzugehen, die jetzt den Kaffee macht. But we rely on definite information like a kind of stepping stone for going across a river. Aber wir beziehen uns immer auf sogenannte definitive Informationen wie so Trittsteine, über die man einen Fluss überqueren kann. And we know about the effective power of assumptions. Und wir kennen diese wirksame Kraft von Annahmen. So, if you're doing some simple activity, if you're skipping with a rope, Wenn man was Einfaches macht wie Seilspringen and you try to think, what am I doing? und dann versucht nachzudenken, was mache ich hier eigentlich? You fall over the rope. Dann stolpert man über die Strippe. Because an unexamined assumption is very effective. Weil nämlich eine nicht untersuchte Annahme sehr wirksam ist. It has a particular flow to it. Die hat einen Flow. They're like this. It's like that. I know this. Do I know it? What am I saying? Ich kenne das, so ist es. Und da weiß ich wirklich, was ich da tue. Was sage ich da eigentlich? So this is amazing. This world is based on assumptions. Es ist so erstaunlich, denn diese Welt gründet auf Annahmen. And that's why it works well. Und darum funktioniert es so gut. Britain likes to feel it has what is called a special relationship with America. Und in Großbritannien empfindet man gerne, dass man, was man eine besondere Beziehung nennt, mit Amerika hat. This is a lie. Das ist eine Lüge. This is completely deceitful. Totale Täuschung. America is a deep structural enemy of Britain. Amerika ist eine echte Struktur, die ein echter Feind von In the Second World War, Roosevelt was absolutely determined to destroy the British Empire. Im Zweiten Weltkrieg war Roosevelt wirklich völlig entschlossen, das britische Reich zu zerstören. You look at the economic position of Britain before the Second World War and after, a lot of collapse. Wenn man sich die wirtschaftliche Situation des britischen Königreiches vor dem Zweiten Weltkrieg und danach anschaut, sieht man, dass es viel zusammen. And if you look at America's colonial ambitions before the Second World War and after, we find afterwards America's new expansive position. Und wenn man sich die kolonialen Bestrebungen der USA anschaut, vor dem Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und danach, sieht man, dass jetzt plötzlich Amerika überall sich kolonial betätigt. Because we find they say nature abhors a vacuum. Nature abhors A vacuum. weil das einfach dem Gesetz ist, dass wenn ein Vakuum da ist, dies gefüllt werden muss. If you take the bindweed out of your garden, nettles will come. Wenn man irgendwelche Unkräuter aus dem Garten rauszupft, dann kommen als nächstes Brennnesseln. So when the British lost the empire, the Americans were very actively involved. Nachdem also die Briten ihr Reich verloren hatten, waren die Amerikaner sehr aktiv, um das zu füllen. We can read deeply detailed historical accounts of these things. Darüber gibt es wirklich tiefgründige, detaillierte Darstellungen oder Berichte. But America is our special friend. Amerika ist aber unser besonderer Freund. This is how we become stupid. So werden wir dumm. This is the basis of many of the economic problems in the European Union.
Das ist auch die Grundlage für viele wirtschaftliche Probleme in der Europäischen Union. We have a particular capacity for believing lies. Wir sind besonders mit der Fähigkeit da ausgestattet, Lügen zu glauben. Cemeteries are for other people. Friedhöfe sind für andere Leute. Hospitals are for other people. Krankenhäuser sind für andere Leute. We are going to live a long time. Wir leben ja lange. This is how we live. So leben wir. If we thought we were really going to die, we might review how we live. Wenn wir davon ausgehen würden, dass wir wirklich sterben irgendwann, würden wir vielleicht reflektieren wollen über unser Leben. Oh, when I retire, I'll have more time for practice. Ja, wenn ich dann endlich in Rente bin, dann habe ich mehr Zeit zum Üben, zum Praktizieren. And then you die. Und dann still. And the practice wasn't done. Und die Praxis ist nicht gemacht worden. Because we were sure we would have a long life. Wir waren ja sicher, dass wir lange leben würden. And this is what we need to examine, is our own mind, our own unique personal assumptions in how we call stupidity intelligence. Das müssen wir wirklich genau untersuchen in unserer eigenen persönlichen Vorstellungswelt und unsere persönlichen Annahmen, die dazu führen, dass wir Dummheit für intelligent halten. So going right back to the basic Buddhist teaching, Zurück zu den grundlegenden buddhistischen Lehren. Buddha says, Da all phenomena are impermanent. sagt Buddha, alle Phänomene sind vergänglich. But when we look at our own lives, we act as if some things will be permanent. Wenn wir aber unser eigenes Leben betrachten, sehen wir, dass wir manche Dinge für dauerhaft halten. All compounded things have an absence of inherent self-nature or self-essence. Alle zusammengesetzten Dinge sind frei von einer inhärenten Eigennatur, einer eigenen Essenz. Would you like a fried egg? Möchte Spiegelei und gebranntes Ei. Frying pan, gas, butter, egg. Hat man die Bratpfanne, das Gas, Butter, Ei. 4 factors. 4 Faktoren. Open the egg and into the heated butter. Now we have a fried egg. Ei aufschlagen, in die heiße Butter hineingleiten lassen, dann hat man ein Spiegelei. These are concepts. Das sind Konzepte. Fried egg is a concept. Spiegelei ist ein Konzept. We know what we're talking about with a fried egg. It's very simple, it's very straightforward. Wir wissen, worüber wir sprechen. Es handelt sich um ein Spiegelei, das ist eindeutig. It is the potential of the situation plus our concept. Das Potenzial der Situation und unser Konzept kommen zusammen. So as we were looking last night, we project our concept onto the object and imagine that it's inherent in the object. Wir projizieren unser Konzept auf das Objekt, wie wir gestern gesagt haben, und stellen uns aber vor, oder haben die Idee, dass dieses Konzept im Objekt inhärent wäre. So we are creating the theater of the frying egg. Wir kreieren also hier das Theater des Spiegeleis. This is a frying pan. Dies ist eine Bratpfanne. If you don't have anything else and you need to put a nail in the wall, you can hit it with the frying pan. Wenn man keinen anderen Gegenstand hat dazu, dann kann man auch damit mit der Bratpfanne einen Nagel in die Wand schlagen. If you don't have anything else, you can use the frying pan in the garden to dig a hole. Wenn man nichts anderes zur Hand hat, kann man auch mit der Bratpfanne im Garten ein Loch graben. There's endless things you can do with a frying pan. Man kann unzählige Sachen mit einer Bratpfanne anfangen. The potential of the frying pan is limited by calling it a frying pan. Dieses Potenzial der Bratpfanne wird nur dadurch eingeschränkt, dass wir sie Bratpfanne nennen. But the assumption that this is a frying pan directs our embodied movement into the activity of frying the egg. Aber diese Vorstellung oder diese Annahme oder die Vorstellung, die wir haben, dies ist eine Bratpfanne, führt einfach dazu, dass unser Körper in diese Bewegung hineingeht, ein Ei zu braten. So, what this first poison, the root poison of ignorance, stupidity is indicating is
you forget the mind when you project the mind into the object. It is dull stupidity because it is self-abandonment. Was also in der ersten Geistesgift, eben dieser Unwissenheit und Dummheit passiert, ist, dass wir den Geist vergessen, den wir oder mit dem wir etwas in die Objekte hinein projizieren. Das heißt, wir verlieren den Kontakt zu dem Ursprung oder zu uns selbst, zu dem Geist selbst. Oh, you should try this honey, it's really healthy. Oh, du solltest mal diesen Honig probieren, er ist ganz gesund. Thank you, but I have diabetes. I want to have the honey. Danke, aber ich leide unter Diabetes, ich kann den Honig nicht essen. The first person thinks honey is healthy. Die erste Person glaubt, Honig ist gesund. For the second person whose body has a problem managing sugars, this is not so good. Für die zweite Person, die im Körper Zucker nicht verarbeiten kann oder nicht gut verarbeiten kann, ist das nicht so. But it is so normal for us. We are so habituated to think the honey is good. Aber das ist für uns so total gewöhnlich, so normal. Wir sind daran gewöhnt zu denken, Honig ist gut. We don't even think, I like this honey, perhaps you would like it. Wir denken ja nicht mal, mir schmeckt dieser Honig, vielleicht hättest du auch Lust drauf. That formulation at least keeps it in a relationship with me. Diese Art des Formulierens würde das wenigstens noch in Bezug zu mir selber halten. But when we project our mind into the honey, we come to the conclusion the goodness is in the honey. Wenn wir aber unseren Geist in den Honig hinein projizieren, kommen wir zu dieser Schlussfolgerung, dass der Honig selbst gut ist. Someone else said, I don't like sweet things, I like savory things. Wenn jemand sagt, ich mache mir nichts aus Süßigkeiten, ich habe lieber pikante Sachen. No, but it's good. Nein, aber das ist gut. It's so normal to have this appreciation that the quality is there. Für uns ist das so normal, diese Vorstellung und diese Wertschätzung zu haben, dass die Qualität im Objekt steckt. The overdefined object is an illusory construct. Dieses überdefinierte Objekt ist eine illusionäre Vorstellung, ein Konzept. And that means we don't see what is there. Und das bedeutet, dass wir gar nicht sehen, was da ist. And that's a real problem. Und das ist ein echtes Problem. But the more important problem is we abandon ourselves. Was aber viel wichtiger ist als Problem oder viel schwerwiegender ist als Problem, ist, dass wir uns selbst verlassen. So, this is really good honey, Dies ist wirklich guter Honig. but you don't like it. Du magst den nicht. The quick solution to that problem is you're stupid. Die schnelle Lösung für dieses Problem wäre, du bist dumm. Something's wrong with you because this is good honey. Mit dir stimmt was nicht, denn das ist guter Honig. But if we think, oh, I like it, you don't like it, what is the status of the honey? Wenn wir aber denken, mir schmeckt's, dir, du findest das nicht gut, was ist dann der Status von diesem Honig? The honey is a site which offers hospitality, liking and not liking. Denn der Honig ist einfach eine Plattform, die dazu einlädt, zu mögen oder nicht zu mögen. We look around the world and we think, oh, maybe everything is like that. Dann schauen wir uns in der Welt um und denken, vielleicht ist das mit allem so. Music, art, clothes, food, liking, not liking, liking, not liking. Cool. Nobody likes, there's not one thing in the whole world that everybody likes. Musik, Kunst, Klamotten, Essen, alle Leute mögen irgendwas oder mögen vielleicht auch irgendwas nicht. Und es gibt nicht eine einzige Sache auf der ganzen Welt, die von allen gleichermaßen gemocht wird. So in that way, we renounce the world by seeing, oh, it's in the manner of a dream. Die Entsagung der Welt besteht darin zu erkennen, dass es traumgleich ist. The qualities that I see in the object and take to be strongly real are not really in the object. Diese Qualitäten, die ich in den Objekten sehe und woran ich glaube, dass die wahrhaftig da drin sind, sie sind gar nicht wirklich im Objekt.
they are the unexamined force of my own assumption. sondern es ist die ununtersuchte Triebkraft oder Schubkraft meiner eigenen Annahmen. But you have different assumptions from me. Du hast aber andere Vorstellungen als ich. So my assumptions can't be right except being right for me. Das bedeutet, das, was ich annehme oder mir vorstelle, das kann nicht für alle stimmen, sondern vielleicht nur für mich. So what is this assumption? Was ist denn dieses, wovon ich ausgehe? It's very difficult to see your own assumptions if you don't practice meditation. Es ist unglaublich schwierig, unsere eigenen Vorbehalte oder Annahmen zu erkennen, wenn man nicht meine Meditation übt. People try to do this in the practice of psychotherapy. Leute versuchen, das in der psychotherapeutischen Praxis für sich zu entdecken. But it's more difficult because if you're telling somebody about the assumptions or the core beliefs you get caught up in, you're giving a story about something. So you're wrapping one concept in other concepts in order to communicate it. Denn das ist sehr schwierig, weil wir ja über unsere Vorstellung oder auch unsere Glaubenssätze in Form eben, wir sprechen darüber in Form von Geschichten. Das bedeutet, wir vermitteln ein Konzept in dem Behältnis eines weiteren Konzepts, um das kommunizieren zu können. So if we're sitting in meditation and a thought arises, I like honey, Wenn wir in der Meditation sitzen und ein Gedanke wie mir schmeckt Honig auftaucht, we have a chance to see the thought is a thought. haben wir die Möglichkeit, den Gedanken als Gedanken zu erkennen. What is a thought? Was ist ein Gedanke? Something which seems to be real and true, Etwas, das wahrhaftig und wirklich erscheint. something that seems to tell me the truth, Etwas, was mir die Wahrheit vermittelt. something which I allow to speak through me. Etwas, dem ich gestatte, durch mich zu sprechen. This honey is good. Dieser Honig ist lecker. I do that on the basis of my conceptualization. Das sage ich auf der Grundlage meines eigenen Konzepts. But it's a thought. Aber es ist ein Gedanke. The thought is now gone. Und der ist jetzt weg. An ephemeral, transient, ungraspable mental moment Ein vergänglicher, ein ungreifbarer geistiger Moment appears to be speaking an eternal truth. scheint eine ewige Wahrheit auszusprechen. This honey is good. Dieser Honig ist. I want honey. Ich möchte Honig. The thought is gone. Und dann ist der Gedanke weg. And yet we can find ourselves getting up and going to the kitchen to get some honey. Und trotzdem merken wir, dass wir aufstehen, in die Küche gehen und Honig holen. We are going there not because the honey in the kitchen is good, Wir gehen ja nicht dahin, weil der Honig in der Küche gut ist, but because we have given ourselves to a thought. sondern weil wir uns einen Gedanken hingegeben haben. If I eat some of the good honey, I will be happy. Wenn ich was von dem guten Honig esse, werde ich glücklich sein. So, the thought links with energy, leads to mobilization of our embodied being. Dieser Gedanke verbindet sich mit Energie und das führt zur Mobilisation unserer Verkörperung. But what was the thought? Was war der Gedanke? Ungraspable. Nicht greifbar. Just like a rainbow in the sky. Wie ein Regenbogen. It's there, but it has no substance of its own. Da, aber es hat keine Substanz selbst, keine eigene Substanz. But if you're out with a small child and you see a rainbow, you become very excited. Wenn man draußen ist mit einem Kind, zum Beispiel, dann taucht ein Regenbogen auf, dann wird es sehr aufgeregt. It appears to them in a way that they have learned to formulate experience. In ihnen erscheint das, den Kindern erscheint das in genau der Art und Weise, wie sie gelernt haben, Erlebnisse zu formen. They say, look, it's a rainbow. Sie sagen, oh, guck mal, Regenbogen.
They don't say, oh, there's a strange phenomena which I have learned to apply the name rainbow to. Sie sagen nicht, guck mal, da ist ja ein seltsames Phänomen, was ich als Regenbogen zu benennen gelernt habe. It is a rainbow. Es ist ein Regenbogen. The honey is good. Der Honig ist gut. This is how ignorance comes into the world. In dieser Art und Weise kommt die Ignoranz in die Welt. With unexamined assumptions which seem to reassure us that life is as we think it is. Mit ungeprüften Vorstellungen oder Annahmen, die uns zu versichern scheinen, dass das Leben so ist, wie es wahrscheinlich ist. And when we become skilled in this activity of reliance on thoughts as the guarantor of truth, je geübter wir darin werden, uns auf Gedanken zu verlassen, als Garanten für die Wahrheit und Wirklichkeit, life just tumbles along. rollt das Leben quasi vor sich hin oder poltert vor sich hin. I remember when I came back from India, I was up in Scotland talking with my mum. Ich erinnere mich daran, als ich aus Indien zurückkam, war ich in Schottland und habe mit meiner Mutter gesprochen. And in India, I'd spent a lot of time thinking about death and being in cemeteries and so on. In Indien habe ich viel Zeit damit verbracht, mir über den Tod Gedanken zu machen, viel Zeit an Friedhöfen verbracht. I said to my mum, listen, you're getting old, maybe we should talk about death. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, du wirst alt, vielleicht sollten wir beide über den Tod sprechen. She was not very happy. Das hat sie nicht richtig erfreut. No, why would I do that? Nö, warum soll ich das machen? Why would you think about death? Warum sollte ich an den Tod There's denken? nothing to think about. Da gibt es gar nichts drüber nachzudenken. Really? Oh. The assumptions I have developed and the assumptions she has are completely different. I think it's helpful. She didn't grow up. Dann habe ich halt entdeckt, dass die Vorstellungen, die ich davon entwickelt habe, komplett andere sind, als sie davon entwickelt hat. Ich halte das für hilfreich und sie denkt auf gar keinen Fall. Then we start to see my individual life, my personal existence is the manifestation of the patterning of the assumptions I accept and the assumptions I reject. Dann erkennen wir, dass mein individuelles Leben, mein persönliches Muster, sozusagen das Muster meiner Persönlichkeit, existiert aufgrund dieser Konzepte, die ich akzeptiere oder zurückweise. And these assumptions are what is arising in the mind. Diese Vorbehalte oder diese Vorstellungen entstehen im Geist. From the Buddhist point of view, they are not the mind itself. Sie sind nicht der Geist selber. But when I say I like honey, Ich sage, ich mag Honig. I seem to be speaking the truth of my experience. Scheint es, als würde ich die Wahrheit meines dessen, was ich erlebt habe, ausdrücken. And in fact, I'm speaking the truth of me. I like honey. Und tatsächlich sage ich die Wahrheit über mich. Ich mag Honig. This feels like me. This is my mind. I'm my mind. Of course, I like honey. Fühlt sich wie ich an. Dies bin ich, das ist mein Geist. Natürlich, ich mag Honig. So this is all packed in together. Das ist alles verklumpt miteinander. The thought arising in the mind, my sense of self, and the openness of the mind. They've all got clumped together. Das heißt, der Gedanke selbst, dann mein Empfinden von mir selbst und die Offenheit des Geistes verklumpen sich hier. So this is the problem that we need the medicine of Dharma for. Für dieses Problem brauchen wir die Medizin des Dharma. To start to tease out, oh, these are thoughts, feelings and sensations arising and passing. Um halt das wieder auseinanderzunehmen, dieses Gefüge, zu sehen, dies sind Gedanken, Empfindungen, Gefühle, die in Erscheinung treten. Then we start to see, oh, these are the thoughts that I like and these are the thoughts I don't like to have in my mind. Und dann festzustellen, ah ja, dies sind Gedanken, die ich gerne habe, das sind Gedanken, die ich gar nicht haben möchte. So my ego self is like a gardener working out what is a flower, what is a weed.
Und sozusagen ist das Ego, mein Ego selbst, wie ein Gärtner, eine Gärtnerin, die rausfindet, was ist eine Blume und was ist Unkraut. But what I call a weed, you call a flower. Was für mich aber Unkraut ist, ist für dich eine Blume. Often relating to other people is quite difficult. Und das macht es schwierig, häufig mit anderen in Beziehung zu sein. That their notion of horticulture is completely different from ours. Denn ihre Vorstellung von Kultur ist ganz anders, von Blumentopfkultur ist eine ganz andere als unsere. But where we are the same is that we are both gardening. Was uns aber verbindet, ist, dass wir beide Gärtner sind. And then there is our awareness. Und dann gibt es dieses Gewahrsein. I like honey, and I'm aware of saying I like honey. Ich mag Honig und ich bin mir dessen bewusst, dass ich es jetzt sage, ich mag Honig. Then I'm aware that my hands are somehow stuck in front of me like this. Und ich bin mir bewusst plötzlich, dass meine Hände irgendwie vor mir verharren. Now I'm aware that Kati stopped talking, so I have to talk. Und dann bin ich dessen bewusst, dass Kati aufgehört hat zu reden, jetzt muss ich reden. So there is a background illumination Es gibt sozusagen ein Hintergrundlicht to what is moving. bezüglich, oder ein Hintergrundlicht, vor dem sich alles Bewegliche abspielt und die Bewegung sich abspielt. But that background illumination is almost invisible to us most of the time. Diese Hintergrundbeleuchtung ist meistens für uns unsichtbar. Because we're caught up in establishing and enacting the truth of our assumptions. Weil wir die ganze Zeit gefangen sind darin oder verstrickt sind darin, die Wahrhaftigkeit unserer Vorstellung auszuführen und auch zu bestätigen. So we have awareness, or Rigpa, which is this background illuminating clarity. Das heißt, wir haben das Gewahrsein oder Rigpa, das ist diese Hintergrundbeleuchtung, Which reveals the ceaseless flow of experience, which is without substance. die den ununterbrochenen Fluss von Erleben offenbart. Und dieser ununterbrochene Fluss von Erleben ist ohne Substanz. And then we have the reifying, solidifying reliance on assumptions, which is hiding the open radiance of the mind from us. Und dann findet dieses ständige Bezugnehmen und Verfestigen, dass wir uns dass wir uns auf Annahmen verlassen, dass wir uns auf Annahmen beziehen. Und diese Bezugnahme darauf, die führt dazu, dass wir diese offene Ausstrahlung unseres Geistes nicht mehr wahrnehmen. In this obscuring function in Tibet, we call it Marikpa, not Rigpa. Diese verdunkelnde Funktion sozusagen nehmen wir auf tibetisch Marikpa, nicht Rigpa. They're not two separate things. Das sind nicht zwei getrennte Dinge, Marikpa is nicht within Rigpa. denn Marikpa ist quasi ein Teil von Rigpa oder verbirgt sich in Rigpa. Because ignorance is ignoring the actual nature of the thought constructs out of which it generates this sense of the solidity of the world. Denn Ignoranz ignoriert, blendet die Natur der Gedanken aus, nämlich dass sie konstruierte oder Konstrukte sind, die das wiederum dazu führt, dass uns alles solid und fest gefügt scheint. Oh, we'll shortly go and take a break for lunch. Wir machen gleich eine Mittagspause. And this gives us many, many opportunities to explore our assumptions. Und das gibt uns viele Möglichkeiten, unsere Vorstellungen oder das, wovon wir ausgehen, zu untersuchen. How we respond to the food. Wie wir auf das Essen reagieren. Liking, not liking, and so on. Das Mögen, das Nicht-Mögen und so weiter. If we don't like it, we see someone else looks quite happy with it. Und wenn es uns nicht schmeckt, dann sehen wir jemand anders, schmeckt es gut. This is not the food, Das ist nicht das Essen, this is my mind. das ist mein Geist. I am telling myself a story about the food. Ich erzähle mir was über das Essen. Someone else is telling a different story. Jemand anders erzählt eine andere Geschichte.
And then you can see, oh, I don't like this. Und dann kann man sehen, das schmeckt mir. It appears to be out there. Es scheint da draußen zu sein. This is the projective nature of the mind. Das ist die projizierende Natur des Geistes. In the Dzogchen tradition, they say that the mind is like the sun. In der Dzogchen-Tradition wird gesagt, dass der Geist wie die Sonne ist. And the clarity is like the rays that shine out from the sun. Die Klarheit sind wie die Strahlen, die die Sonne aussendet. And when the rays come to the earth, the heat that they generate, this is like the effective impact of the energy of our existence as it changes shape moment by moment. Und wenn diese Strahlen auf die Erde treffen, dann wird Hitze erzeugt. Und diese Hitze ist sozusagen die Auswirkung, die energetische Auswirkung, die dazu führt, dass Dinge existieren und man Erlebnisse hat. So we want to try to observe how we are caught up in the impactful formation of these moments of energy. Und wir möchten jetzt gerne untersuchen, einfach inwiefern wir uns verstricken in dieser Auswirkung dieser mentalen Gestaltung. Just like if you go to cinema where they have an old-fashioned projector. Als würde man zum Beispiel in ein Kino mit einem altmodischen Projektor gehen. You sit in your seat and they open the curtain. Man sitzt dann in seinem Sitz und die Vorhänge gehen auf. And there is a white surface. Da ist eine weiße Oberfläche. And then maybe the lights go down and the movie begins. And the movie is projected onto the white screen. Das Licht wird gedimmt, der Film fängt an und diese Filmbilder werden auf diesen weißen Screen projiziert. And after 2 seconds you're in the movie. Und nach 2 Sekunden schon ist man in dieser Handlung des Films. Forget you're in a cinema. Man vergisst, dass man im Kino ist. Forget there's a projector. Man vergisst den Projektor. It was easier in the old days when I was a child because everybody smoked cigarettes in the movie and you could see the smoke going through the light coming from the projector. Das war früher deutlich leichter, weil im Kino alle Leute rauchten und man konnte dann in diesem Rauch deutlich sehen, wie dieses Licht vom Projektor kam. It's there. I see it. It's a movie. Es ist da, ich sehe es, es ist ein Film. The source, where is the projector? Aber wo ist die Quelle, wo ist der Projektor? That's the key thing. Das ist der Schlüssel. The natural clarity of the mind is the illuminating, projecting function. Die natürliche Klarheit des Geistes ist die erhellende Funktion des Geistes, Which is revealed in the moment that it shows itself. die sich in dem Moment, wo sie sich zeigt, offenbart. The movie is there and there. Der Film ist da und dort. Without the projector, you wouldn't have the movie. Ohne den Projektor hätten wir gar keinen Film. It is undeniable that you're watching a movie, Es ist unleugnbar, dass man einen Film sieht. but that movie is not self-existing. Der existiert aber nicht aus sich selbst heraus. If the projector breaks, the movie stops. Wenn der Projektor kaputt geht, hört der Film auf. So this is what happens. You go out to have some lunch, and the projector's running. Wir gehen also raus, essen Mittag und dieser Projektor läuft. What movie? Welcher Film? Hopes and Fears. Hoffnung und Liebe. It's very popular. Ganz beliebter Film. Like and not like, good and bad. Mögen und nicht mögen, gut und böse. It's very nice because you get to cry a little bit, you get to laugh a little bit. Es ist schön, wenn man ein bisschen weinen kann, ein bisschen lachen. The movie's going on, and we are seduced. This is it. This is life. Here I am. That's part of the story. But there's also the space or the ground source of awareness, and these two are inseparable. So the path of Dzogchen is the non-duality of the ground source and the field of experience and the precise moments of experience. These 3 aspects arise together. Und natürlich stimmt es, da vorne läuft ein Film, aber es ist eben auch der Projektor, der läuft. Und für uns ist entscheidend, dass wir in dem Moment dessen gewahr werden, dieser Weite, aus der heraus das alles in Erscheinung tritt, sozusagen die Quelle von allem, wo
im Dzogchen, man sagt, das ist der nicht-duale Grund des Seins sozusagen und die sich daraus entfaltenden Erlebnisse und die präzisen Momente des Erlebens untrennbar voneinander sind, diese drei Faktoren. Just try to maintain a gentle attention to the pull that you experience to solidify transient experience. Wir halten also so ein sanfte Aufmerksamkeit auf diese Fülle von Erlebnissen gerichtet, die wir solidifizieren, obwohl sie vergänglich sind. Okay. So now we take a break and we have a question because it's marked in the timetable that we have a break for 2 hours. Or we will make it a bit shorter because there's food available here. Also eine kurze Frage, wenn wir jetzt Mittagspause machen, steht in dem Zeitablaufplan, dass die Mittagspause 2 Stunden ist. Wenn wir aber quasi alle hier direkt ins Café zum Essen gehen wollen, brauchen wir dann tatsächlich 2 Stunden Pause? Machen wir die Pause etwas kürzer machen? Wie sieht es aus? Would an hour and a half be enough? Wäre 1,5 Stunden Pause genug? Okay. Die Leute, die nicht some people who are not here yet, They're expecting to come at 3. Okay, well, if we come back a little earlier, we can do some sitting practice until they come. Okay, Ja. also das heißt, in der Zeit können wir können ein bisschen früher hierher kommen und dann einfach ein bisschen Sitzmeditation machen, bis die Leute, die erwarten, dass es um 3 Uhr weitergeht, dann angekommen sind. Thank you. So, just before the break, we were looking at the inseparability of the open dimension of the mind, its clarity, and its moment-by-moment display. Kurz vor der Pause haben wir die Offenheit des Geistes betrachtet, die Klarheit und diese jeden Moment neu sich entfaltende Erscheinung, diese 3 Aspekte, die untrennbar voneinander sind. The last preliminary before the main focus here is on Dzogchen. Und bei der letzten vorbereitenden Übung hier ist der Fokus auf Dzogchen. The Dzogchen Vajrasattva means the indestructible being, Dzogchen Vajrasattva bedeutet unzerstörbares Wesen or the indestructible mind. oder der unzerstörbare Geist. And this is our mind. Das ist unser Geist. And yet we seem to be caught up in habit formations and tendencies and impulses and so on that lead us astray. Und gleichzeitig sind wir doch gefangen dann immer wieder von Ausformung, von Gewohnheiten, von Impulsen und so weiter. So what is to be purified is our limiting tendencies. Was gereinigt werden muss oder beseitigt werden muss, sind diese uns einschränkenden Tendenzen. What are they to be purified on, which is the natural ground of the mind? Und wo müssen die bereinigt werden? Auf dem natürlichen Urgrund des Geistes. So we need to have kind of ownership. We have to have the confession that says, I get lost. In gewisser Weise müssen wir da Stellung beziehen mit diesem Eingeständnis, ich verliere mich. So when we do the sitting meditation, the mind sometimes drifts off. Während wir in der Sitzmeditation sind, schweift der Geist oft ab. We get lost. Wir verlieren uns. Where do we go? Wo gehen wir hin? Actually, we're here. Wir sind ja tatsächlich hier. It is as if we have gone somewhere else, Irgendwie ist es so, als wären wir woanders hingegangen. but we are still here. Aber wir sind immer noch hier. So getting lost and being here, are they the same or different? Ist es das Gleiche, sich zu verlieren und hier zu sein, oder ist da ein Unterschied? If you have a cloth that, excuse me, if you have a cloth that is dirty, Wenn man zum Beispiel ein schmutziges Tuch hat,
then we say the cloth is dirty. Dann sagen wir, das Tuch ist schmutzig. Then we wash the cloth, then we say the cloth is clean. Wir waschen es und sagen dann, das Tuch ist sauber. If the cloth was really dirty, Wenn es wirklich schmutzig wäre, how would it get clean? wie könnte es dann sauber werden? The cloth is clean plus dirt. Das Tuch ist rein mit Schmutz. Because if the cloth being dirty means it is somehow intrinsically dirty or innately dirty, how would you clean it? Denn wenn das Tuch selbst in sich inhärent schmutzig wäre, wie könnte man es dann bereinigen? The dirt is adventitious, it is contingent, it has arrived after the fact of the cloth. Dieser Schmutz ist sozusagen zum Tuch dazugekommen. Er ist erst zum Tuch dazugekommen, nachdem es das Tuch bereits gegeben hat. And yet, functionally, while the cloth is dirty, it's dirty. Was die Funktion aber betrifft oder die Wirkungsweise betrifft, ist das Tuch nichtsdestoweniger schmutzig, wenn es schmutzig ist. If somebody is drying the dishes with a dirty cloth, you say, hey, what's the point of doing that? The cloth's dirty. Wenn jemand zum Beispiel mit einem schmutzigen Handtuch das Geschirr abtrocknet, sagt man, wozu soll das nütze sein? Das Tuch ist doch dreckig. And if they say, don't worry, it's not intrinsically. Dann könnte man sagen, mach dir keine Sorgen, denn es ist ja nicht letztlich inhärent schmutzig. Then you know it's a man. Dann weiß man, dass er ein Mann ist. So, functionally, it's a dirty cloth. In seiner Funktion ist es ein schmutziges Tuch. Functionally, we are caught up in the obscurations. Und funktionell sind wir in den Verdunklungen einfach verstrickt. We function through our obscurations, in the manner of the obscuration. Wir funktionieren durch unsere Verdunklung und auch in der Art unserer Verdunklung. And yet we're not the obscuration. Gleichzeitig sind wir aber nicht die Verdunklung. Now, when we do this simple sitting practice of focusing on the flow of the breath, Wenn wir einfach diese schlichte Sitzmeditation mit dem Fokus auf den Atem durchführen, can start out okay, kann das gut anfangen, but then we are caught in a thought. dann verstricken wir uns in einen Gedanken. Then it is as if the mind has been dirtied or mixed up with the thought. Dann ist es so, als würde oder wäre der Geist vermischt mit dem Gedanken. Functionally, we have gone under the power of the thought. Und in der Funktionsweise haben wir uns unter die Macht dieser Gedanken begeben We're fused with the thought. und sind verschmolzen mit diesen Gedanken. In that moment, it is as if we are the thought. Und in diesem Moment ist es, als wären wir der Gedanke. And then we come out of the thought. Dann kommen wir daraus wieder heraus We're back on the breath. und sind wieder zurück beim Atem. We get lost again. Und dann verlieren wir uns wieder. So through this simple practice, you have the experience, the cloth is clean, the cloth is dirty. The cloth is clean, the cloth is dirty. Durch diese einfache Praxis erleben wir, das Tuch ist sauber, das Tuch ist schmutzig, sauber, schmutzig. The dirt or the obscuration in the mind is not a permanent defilement. Dieser Schmutz oder die Verdunklung des Geistes sind keine dauerhafte Verunreinigung. It's a problem of misplaced generosity. Tatsächlich ist es eher ein Problem oder eine Auswirkung von falsch angewandter Großzügigkeit. The openness of the mind offers hospitality to the thought, Die Offenheit des Geistes gewährt den Gedanken einfach eine Heimat, but the thought becomes a squatter. aber der Gedanke wird zum Hausbesetzer. It says, my house. Sagt, das Haus gehört mir It fills the space. und füllt den Raum. Then thought vanishes Und dann verschwindet der Gedanke and the space is open again. und die Weite oder der Raum ist wieder offen. When the squatter is in the space of the building, Wenn der Hausbesetzer eben die Räume besetzt, they are the functional resident, ist er sozusagen in Funktion der Bewohner, but they have no structural
authorization to be there. Sie haben aber selbst strukturell gar keine Autorisierung, da zu sein. But when they are there, they are there. Wenn sie da sind, sind sie aber dennoch da. Because like a rundown squat, there is no front door. Wie bei so einem heruntergekommenen Haus gibt es ja nicht mal eine Eingangstür. The thought arrives and we get caught up in it without a knocking on the door. There's no bell to press and a choice, let them in or not. Der Gedanke tritt in Erscheinung und schon sind wir mittendrin, weil es ja, wie gesagt, nicht mal eine Tür gibt, wo man klingeln muss, damit wir entscheiden können, ich lasse dich rein oder ich lasse dich nicht rein. So the purpose of Dzogchen practice is to increase the clarity that we have that the space which is inhabited by the thought is not contaminated by the thought. Diese Dzogchen-Praxis ist also dazu da, um unsere Klarheit in uns zu stärken oder hervorzuheben, sodass wir erkennen, dass diese Weite, in der diese Gedanken sind, nicht diese Weite irgendwie verdunkeln oder verunreinigen. So if we have a mirror, Wenn wir einen Spiegel haben we look in the mirror und da hineinschauen, and we are in the mirror. sind wir in dem Spiegel. We seem to be in the mirror Es sieht so aus, als wären wir im Spiegel, because the mirror offers us a hospitable space. weil der Spiegel uns freundlicherweise seinen Raum zur Verfügung stellt. Then we turn the mirror and we see the reflection of the wall. Wenn wir den Spiegel dann drehen, sehen wir plötzlich die Reflexion der Wand da drin. Our reflection is no longer in the mirror, Unsere Reflexion ist nicht länger im Spiegel zu sehen, but it was. aber sie war dort zu sehen. And when it was in the mirror, it filled the mirror. Als sie im Spiegel zu sehen war, hat sie den Spiegel ausgefüllt. And we look at our reflection in the mirror and we know that's me. Wenn wir die Reflexion in unserem im Spiegel anschauen, wissen wir, das bin ich. So, cleaning your teeth, you look at it. Oh, hello. Wir putzen die Zähne und gucken dabei in den Spiegel. You're in the mirror, but you're not in the mirror. Man ist im Spiegel, ist es aber nicht. So this is a very traditional example. Ein traditionelles Beispiel ist das. When the thought arises in the mind, Sobald der Gedanke im Geist entsteht, and it could be a very intense thought, an angry thought, a desireful thought, es könnte vielleicht ein sehr intensiver Gedanke, wütend oder begehrlich sein, it may seem to fill the space of the mind, scheint es, als würde er den gesamten Raum des Geistes ausfüllen and then it's gone. und dann ist er weg. When we have intense emotions, it's difficult to think about them because it is as if the whole of us has been given over to what is arising. Wenn wir intensive Gefühle haben, ist es sehr schwierig, über sie nachzudenken, weil es uns so vorkommt, als wäre unser ganzes Selbst sozusagen, würde sich ergeben in diesen Empfindungen, die erscheinen. You don't stand in relation to what's arising in the mind. You are in that moment what's arising in the mind. Man steht nicht in Beziehung zu dem, was im Geist erscheint, sondern man ist das, was im Geist erscheint. And then you're not. Und dann ist man es nicht. So this is when we say that Dzogchen purifies us. Wenn wir so sagen, dass Dzogchen uns reinigt, It's not even the purification that's taking the dirt out of the cloth. bedeutet das nicht mal, dass diese Reinigung den Schmutz aus dem Tuch beseitigt. It's the purification of seeing that the reflection is in the mirror without contaminating the mirror. Sondern es ist vielmehr die Reinigung des Sehens, dass wir sehen und erfassen, dass die Reflexion im Spiegel ist, ohne den Spiegel zu kontaminieren. So if somebody was to take a little kitten Wenn jemand ein kleines Kätzchen hätte and hold it in front of the mirror und vor den Spiegel hält and stab it in the eye, und ihm ins Auge sticht, well, I don't like this. das gefällt uns nicht. We see the reflection. Wir sehen diese Reflexion.
Nothing has happened in the reflection. In der Reflexion selbst ist nichts geschehen. The reflection seems to be horrible, Diese Reflexion scheint furchtbar, but the reflection is a reflection. aber eine Reflexion ist einfach nur eine Spiegelung. The horror is in our mind. Dieser Schrecken oder das Scheußliche ist in unserem Geist. It's not intrinsically horrible. Das heißt, es selbst ist nicht furchtbar, It's interpretively horrible. sondern durch unsere Interpretation ist es furchtbar. Whether the quality of the reflection is given an attribution that it's beautiful or ugly, ethical or unethical, Diese Reflexion, die man sieht, egal ob man der zuschreibt, schön zu sein oder hässlich, ethisch oder unethisch, there is no intrinsic self-substance to a reflection. ist in dieser Reflexion keine Eigensubstanz trotzdem vorhanden. That doesn't mean that functionally we are not impacted by different kinds of reflection. Es bedeutet aber nicht, dass in ihrer Funktion wir von Reflexionen nicht eine Auswirkung oder spüren würden, uns berührt fühlen würden von Reflexion. If you watch a comedy movie, you laugh. Wenn man zum Beispiel einen lustigen Film guckt, lacht man. If you watch a horror movie, you feel a bit fearful. Bei einem Horrorfilm fürchtet man sich etwas. The film has no substance to it, Der Film selbst hat keine Substanz, but it is impactful. aber er hat eine Auswirkung. And this is the important thing to see, that the Buddhist notion of illusion means that things, the arising of a pattern meeting another pattern will generate a third pattern. Und das heißt, die buddhistische Vorstellung von einer Illusion ist sie, dass ein bestimmtes Muster in Erscheinung tritt, auf ein weiteres Muster trifft und sich daraus ein drittes Muster ergibt. So maybe you're looking at a movie and it's quite a nice storyline, Vielleicht schauen wir uns also einen Film mit einer schönen Geschichte an. and suddenly there's some horrible killing scene. Plötzlich ist da eine schreckliche Tötungsszene. A new mood arises in you. Dann entsteht in uns eine neue Stimmung. Oh, why do they do that? Oh Gott, warum machen die das? So, the first bit of the film had one storyline, then there's this sudden scene, and your mood is shifted. Das heißt, der erste Teil des Films hat eine bestimmte Geschichte, dann kommt eine plötzliche Szene und unsere Stimmung verändert sich doll. Illusion has no substance, but it is impactful. Das bedeutet, Illusion hat keine Substanz und ist nichtsdestoweniger wirklich wirksam. This is the Buddhist teaching of the middle way. Das ist die buddhistische Lehre des mittleren Weges. You can't say it's nothing at all Man kann nicht sagen, dass es nichts ist, because it has an impact. weil es eine Auswirkung hat. You can't say it's truly real in having an impact because actually there's no substance there. Und man kann genauso wenig sagen, dass es dass es echt wirklich ist, weil es eine Auswirkung hat, denn es hat ja keine Substanz. This is why we have the union of wisdom and compassion. Darum ist hier die Vereinigung von Weisheit und Mitgefühl. Wisdom means seeing the empty nature of everything. Weisheit bedeutet, die leere Natur von allem zu sehen, zu This erkennen. is, the mind is like a mirror. Der Geist ist wie ein Spiegel. What arises in the mirror is a reflection. Im Spiegel tritt eine Spiegelung in Erscheinung. The reflection is there and not there. Diese Reflexion, Spiegelung ist da und nicht da. It's there as appearance, Als Erscheinung ist sie da. but because it has no substance to it, it's not really there. Weil sie aber keine Substanz hat, ist sie nicht wirklich da. In the summer, we see a mirage on the hot road. Auf der Straße, auf der heißen Straße sehen wir im Sommer eine Luftspiegelung. It's there, undeniably there, you see it, Die ist da, unleugnbar, wir können es sehen. but you never arrive at the mirage. Aber wir können diese Spiegelung niemals erreichen, wir können da nie ankommen. In the same way, a thought arises in your mind,
Genauso entsteht in unserem Geist ein Gedanke, It has an impact, der eine Auswirkung hat, but you can't catch it. aber wir können ihn nicht einfangen, nicht erfassen. It slips away and you're caught up in a thought about a thought about a thought about a thought. Er entschwindet uns und wir sind dann verstrickt in einen Gedanken über einen Gedanken über einen Gedanken. By running a flow of thoughts very quickly, it is as if you're slowly catching up with your thought. Und dadurch, dass wir einen Gedankenfluss erzeugen, so fühlt es sich an, dass wir mit unseren Gedanken auf gleicher Höhe sind, mehr oder weniger. So, when we do purification with Dzogchen, we're not really purifying anything except the belief that there are things to be purified. Wenn wir also diese Reinigung mit Dzogchen durchführen, reinigen wir nichts außer unserer Glaubensvorstellung davon, dass es etwas zu reinigen gelte. Now, this is a little bit difficult Das ist ein bisschen schwierig. because you could draw the conclusion, well, if it's all an illusion, it doesn't matter if I'm kind or selfish. Da könnten wir nämlich die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass wenn das alles illusionär ist, es wurscht ist, ob ich freundlich bin oder gemein. But being kind or selfish has a different impact. Aber freundlich zu sein oder egoistisch zu sein, hat unterschiedliche Auswirkungen. An impact within the unfolding field of illusion. Und zwar innerhalb des Felds der Illusion, das sich entfaltet, hat das eine Auswirkung. If you just say, well, it doesn't matter because it's empty, Wenn man sagt, es ist ja egal, weil es alles leer ist, you're going into a biased view or a partial view, an extreme view. dann geht man in eine extreme Sichtweise, in eine unfaire Sichtweise sozusagen, wo man Partei ergreift. It matters in terms of manifestation. Bezüglich der Manifestation hat es Bedeutung. And for sentient beings wandering in samsara who have not awakened to the inseparability of appearance and emptiness, Und für all die Wesen in Samsara, die sich dort bewegen und die bislang noch nicht erwacht sind in das Erspüren der Untrennbarkeit von Erscheinung und Manifestation. the difference between kindness and a harmful action is very great. Erscheinung und Leerheit natürlich, ist dann der Unterschied zwischen Freundlichkeit und Gemeinsein sehr groß. Therefore, for the sake of beings, we should act in the manner of helping and not harming. Also sollten wir zum Wohl der Wesen in der Weise des Helfens agieren, statt in der Weise des Zufügens von Schaden. But without straying from the wisdom that there is no real difference between helping and harming. Aber ohne dass wir uns von der Weisheit entfernen, die uns erkennen lässt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Helfen und Schaden. This is why in the tradition it said that the Dharmakaya is for yourself. Darum wird in der Tradition gesagt, der Dharmakaya ist für uns selber. The Dharmakaya is to awaken to the inseparability of your mind and the mind of the Buddha. Der Dharmakaya ist wirklich dieses Erwachen in diese Untrennbarkeit unseres Geistes und des Geistes des Buddha. That your mind is unborn awareness. Dass unser Geist ungeborenes Gewahrsein ist. But the form kayas or the form appearances, Sambhogakaya and Nimanakaya, they are for the other. Aber die Formkörper, Sambhogakaya und Nirmanakaya, sind für die anderen da. That how we manifest is for other people. Wie wir in Erscheinung treten, wie wir uns manifestieren, ist für die anderen. And they are forms of compassion. Und sie sind Formen von Mitgefühl. So we manifest in ways which are beneficial to others. Wir manifestieren uns also oder verkörpern uns in hilfreichen, nützlichen Weisen für andere. And the inseparability of these three kayas or modes of the Buddha's life means that the direct
resting in emptiness is inseparable from the arising of compassionate action for the other. Und das heißt, diese drei Kayas, die untrennbar miteinander verbunden sind, diese Formen des Lebens eines Buddhas, sind in dieser Verkörperung oder Verwirklichung der Leerheit gleichzeitig die Manifestation von Mitgefühl und von Handlung für die anderen. And this is not something which is created out of good intentions. Das entsteht nicht aus der guten Absicht. This is how it is and how it has been from the very beginning, but obscured by the accumulation of reifying assumptions. Sondern vielmehr ist es so, wie es seit anfangloser Zeit gewesen ist, nur verdunkelt oder bedeckt von unseren ständigen uns wie Vergewissern dieser Vorstellung oder Selbstvergewisserung, dass unsere Vorstellungen, unsere Ideen von dem, wie es ist, richtig sind. So the paradoxical situation we find ourselves in is that it is vital to do the purification, although in fact there is nothing to purify. Diese paradoxe Situation, in der wir uns also befinden, ist die, dass es notwendig ist, diese Reinigungen durchzuführen, obwohl es nichts zu reinigen gibt. What you're doing is purifying your own tendency to get lost. Was wir bereinigen, ist letztlich unsere eigene Tendenz, uns zu verlieren. And this is subtle. Das ist Subtle. und das ist subtil. Like when we're doing sitting in the practice, focusing on the breath. Wie wenn wir in der Praxis sitzen und auf den Atem fokussiert sind. Here I am, this is quite easy. Ich bin hier, das ist einfach. And then I'm lost. Und dann bin ich verloren. How did that happen? Wie ist das geschehen? I didn't do it. Ich habe es nicht gemacht. Who did it to me? Wer hat mir das angetan? Here I am again. Und jetzt bin ich wieder hier. And now I'm lost. Und dann bin ich verloren. This is what we have to purify. Das ist das, was wir reinigen müssen. When you got lost, you didn't go anywhere else. Wenn wir verloren waren sozusagen, dann sind wir nicht irgendwo anders gewesen. We're lost where we are. Wir sind da verloren, wo wir sind. Fuck. Scheiße. This is not easy. Das ist nicht leicht. Go. Thoughts naturally arise in the mind. Gedanken entstehen natürlicherweise im Geist. They arise and pass like clouds forming and dissolving on a summer's day when you get these little wispy clouds. Sie formen sich und verschwinden auch wieder, so wie die Wolken an einem Sommertag, diese kleinen Wölkchen, die kommen und sich wieder verziehen oder auflösen. But when we get lost, we're lost. Wenn wir uns aber verlieren, dann haben wir uns verloren. The lostness is inside the foundness. Die Verlorenheit ist innerhalb des Gefundenseins oder des Gefundenseins. So in a traditional example, there are two sisters. In einem traditionellen Beispiel ist die Rede von zwei Schwestern. They're lying in bed together. Sie liegen zusammen im Bett. One is awake and one is asleep. Die eine ist wach, die andere schläft. The one who is asleep is having a nightmare. Diejenige, die schläft, hat einen Albtraum. And the awake one can see her body twitching. Und die Wache sieht, wie sie ihren Körper bewegt. When she wakens her sister, Wenn sie dann ihre Schwester aufweckt, the sister awakens wacht die Schwester auf to the fact that she has always been safe in bed. und wird sich dessen bewusst, dass sie die ganze Zeit sicher in ihrem Bett lag. She was in a nightmare, safe in bed. Sie war in diesem Albtraum in Sicherheit im Bett. She hasn't gone from being in the nightmare to being safe in bed. Sie hat sich nicht von im Albtraum sein in die Sicherheit ihres Bettes bewegt. The nightmare was niched inside the safe in bed, Sondern, like a Russian doll. sondern dieser Albtraum hat stattgefunden, während sie sicher in ihrem Bett lag, wie bei diesen russischen Puppen, die man ineinander schachteln kann.
the unborn openness, the infinite spaciousness of the mind contains everything. Diese ungeborene Offenheit, die unendliche Weite des Geistes beinhaltet alles. But it appears to become small in this moment of merging in the thought. In den Gedanken, aber wo wir mit dem Gedanken in dem Moment, wo wir mit dem Gedanken verschmelzen, wird das klein. The thought is not transformed. Der Gedanke wird nicht transformiert oder ist nicht Thought transformiert. continues to have its same quality of arising and passing. Der Gedanke behält seine Qualität des in Erscheinung tretens und Vergehens. Being without any solidity of self-substance. Und ohne Substanz, ohne Solidität zu sein. But ignorance arises as a kind of belief, a kind of giving ourselves to it. Aber Unwissenheit oder Ignoranz entsteht als eine Art oder existiert als eine Art Glauben, dem wir uns hingeben, dem wir uns anheimgeben. And we are very lucky nowadays because we have a lot of exposure to the arts. Heutzutage haben wir wirklich viel Glück, weil wir sehr viel mit Kunst in Berührung kommen können. And art, whether it's dance or theater, opera, is an invitation to give yourself to a performance. Denn egal, ob es Tanz ist, Ballett, Theater, Oper, ist für uns eine Einladung, dass wir uns einer Vorführung hingeben. We suspend our disbelief Wir weiten unseren Nichtglauben aus and allow ourselves to believe in the truth and meaning and integrity of the story which is unfolding. Also wir lassen unseren Unglauben sozusagen ruhen, besser gesagt, und geben uns vollständig hin in eine Geschichte mit Bedeutung, mit Abläufen. We love this. Und das lieben wir. If you're reading a novel, you want it to be a good novel that grabs you. Wenn wir einen Roman lesen, möchten wir immer, dass das ein toller Roman ist, der uns ergreift. Reading a novel is like falling in love. Ein Roman zu lesen ist wie sich verlieben. You want the book to give itself to you, and you give yourself to the book. Man möchte, dass das Buch sich einem hingibt und man selbst gibt sich dem Buch hin. You have to go to work in the morning, but you can't wait to get home to again exchange this moment of pleasure. Man muss leider morgens zur Arbeit und man kann kaum erwarten, nach Hause zu kommen, um wieder diese Momente des Vergnügens zu tauschen miteinander. And these external experiences allow us to see clearly what happens in the meditation. Diese Erfahrungen oder Erlebnisse im Äußeren gestatten uns deutlich zu erkennen, was in der Meditation vor sich geht. It's a double move. In a sense, it's completely stupid to believe in this book. It's a novel. Somebody made it up. Why would you believe in it? Es ist sozusagen eine Hin- und Herbewegung. Eigentlich ist es komplett blödsinnig, daran zu glauben, weil das ist nur in einem Buch, das ist eine Geschichte. Warum sollte man dem glauben? But it's delicious. Aber es berührt einen. This is one of the reasons why Plato was very opposed to the idea of the arts. Das ist einer der Gründe dafür, warum Plato gegen die Künste war. Because they seduce good citizens away from rational thought about how the polis, how the country should be organized. Weil es die guten Bürger sozusagen ablenkte und verführte, sich der Kunst hinzugeben, statt sich darüber Gedanken zu machen, wie das Land politisch zu organisieren sei. If you're willing to believe in things which are not true and find that inspiring, then this is not good. Wenn man dazu willens ist, an Dinge zu glauben, die nicht wahr sind und das auch noch inspirierend findet, das kann nicht gut sein. But we like art. Aber wir lieben Kunst. We go to a gallery and we look at a painting and we give ourselves to it. Wir gehen in eine Galerie, schauen ein Gemälde an und geben uns hin. We enter into some kind of harmonic with the vision of the artist. Wir treten in eine Art harmonischen Austausch ein mit dieser Schau der Kunst. We can relax our gaze and have a bit more distance, and then we can see the pattern of brush strokes and how the paint's been applied. We can have a technical gaze.
Wir können ein Stückchen Abstand nehmen und genau schauen, wie zum Beispiel die Pinselführung war, wie die Farbauswahl war und auf diese Art und Weise so mehr einen maltechnischen Blick darauf werfen. And this allows us to think about the painting. Das gestattet uns, über das Bild nachzudenken. And then we give ourselves to the painting. Und dann geben wir uns diesem Bild hin. And it gives itself to us. Und es gibt sich uns hin. And it's in that mode that we are touched and moved. Und in diesem Zustand sind wir berührt, werden wir bewegt oder bewegt uns das, was wir sehen. We have a naive aesthetic appreciation, Es ist eine naive ästhetische Wertschätzung. an appreciation through the heart rather than the head. Eine Wertschätzung, die aus dem Herzen kommt, weniger aus dem Verstand. And this is transformative. Und das ist transformierend. So, this is something we're all very familiar with. Damit sind wir alle sehr vertraut. The pleasure of self-abandonment. Dieses Vergnügen, was in der Selbstvergessenheit oder aus der Selbstvergessenheit entsteht. This is what happens in the meditation. Und in der Meditation That passiert das. you abandon yourself into the thought. Man vergisst sich selbst in den Gedanken hinein. The thought catches you, Der Gedanke fängt uns ein and you can keep investing in it. und da können wir weiter Energie darauf verwenden. In my life, I've seen quite a lot of paintings, and there are some paintings that I'm willing to travel quite far to look at again. In meinem Leben habe ich einige Bilder gesehen, Gemälde gesehen und es gibt einige davon, für die ich wirklich eine weite Reise aufnehmen würde, mich nehmen würde, um die nochmal zu sehen. In the National Gallery in London, there are two paintings by Zurbaran. Zurbaran, it's a Spanish painter. Es gibt einen spanischen Maler, Zurbaran, keine Ahnung, wie man ihn sonst aussprechen könnte, von dem hängen 2 Bilder in der Nationalgalerie in London. They're not exciting paintings. Das sind keine aufregenden Bilder, They're paintings of 2 different monks in prayer. sondern Bildnisse von 2 unterschiedlichen Mönchen beim Gebet, Muted browns and greys. wie gedämpfte Braun- und Grautöne. But I love them. Aber ich liebe die. And there's something about, what is that? Irgendwas haben die an sich. Was kann es sein? It's like meeting a very good friend. You have an unimpeded contact. Als ob man einen sehr guten Freund treffen würde, einen völlig ungehinderten Kontakt. You don't have to protect yourself against it. Man muss sich nicht schützen voreinander. Because our critical intelligence is in many ways restrictive and self-protective. Denn unsere kritikfähige Intelligenz, die führt dazu, dass wir uns einschränken und auch schützen. Now, from the point of view of meditation, Wenn es um Meditation hier geht, what we tend to ignore in these moments is the nature of the mind. blenden wir gewöhnlich in diesen Momenten die Natur des Geistes aus. I give myself to the painting. Ich gebe mich dem Bild hin. It seems so rich and deep, and I can look at it for half an hour, 1 hour. My body's not moving, I'm just transfixed. Und es wirkt so reich, so tiefgründig und ich kann es eine halbe Stunde, eine Stunde anschauen, ohne mich groß zu bewegen. Ich bin völlig eingenommen davon. The mind is empty. Der Geist ist leer. That's why you can see the painting. Warum kann man das Bild sehen? The hospitality that allows the painting to fill you is the emptiness of your mind. Diese Gastfreundschaft oder Gastfreundlichkeit, die das gestattet, dass das Bild uns selber füllen kann, ist die Leerheit des Geistes. Unborn awareness is looking at the painting, Ungeborenes Erwahrsein ist dieses Bild anzusehen. not your habitual ego formation. Nicht die gewohnte Form unseres Egos präsent zu haben. But if you run in parallel a narrative, a commentary that's about looking at the painting, Aber wenn man parallel dazu einen Kommentar zu dem Bild laufen hat, there you see, drop by drop, the blinding juice
that makes everything opaque. Sieht man sozusagen Tropfen für Tropfen diesen blind machenden Saft, der alles undurchsichtig werden lässt. Oh, it's a really amazing painting. How did he do that? I love this. Grandioses Bild, wie hat er das nur gemacht? Ich liebe das. You get the painting, but you've abandoned yourself. Man kriegt irgendwie das Bild, aber hat sich selbst komplett zurückgelassen und verlassen. Then you look at your watch, oh shit, time to go. Buy painting, then you go off in your busy mind. Und dann guckt man auf die Uhr und denkt, oh nee, ich muss ja los, und verabschiedet sich von dem Bild und rennt mit seinem geschäftigen Geist davon. This is a flip-flop. Only the object, only the subject, oh my God. Das ist dieses Hin- und Her-Switchen. Entweder nur beim Objekt zu sein oder nur beim Subjekt zu sein. Hin und her. But when you stay with looking at a bird in the garden, or the roses, or painting, or sculpture, the mind empties. Wenn man stattdessen einen Vogel im Garten anguckt, eine Rose, ein Gemälde oder eine Skulptur, leert sich der Geist, Because the mind is always empty. weil der Geist sowieso immer leer ist. In order to offer space to the painting, Um diesem Gemälde Raum zu geben, you have to be non-distracted, muss man unabgelenkt sein. one-pointed attention. Einsgerichtete Aufmerksamkeit. The key thing then is be aware of yourself. Hier ist der Schlüssel, sich seiner selbst gewahr zu sein. Be present as the awareness, Als das Gewahrsein selbst gegenwärtig zu sein. because the temptation is to slip into the commentary about the awareness, which hides the awareness. Das ist so verführerisch, in diesen Kommentar über das, was man da erlebt oder sieht, sich zu verlieren, statt einfach präsent und gegenwärtig zu erleben. So the purity of the mind is available all the time, and there are many different kinds of experience which can bring it forward. Das heißt, die Reinheit des Geistes ist jederzeit zugänglich und sie kann alle möglichen Arten von Erlebnissen hervorbringen. For example, sneezing. Zum Beispiel Niesen. If you have a big sneeze, Wenn man richtig doll niesen muss, you're shocked out of yourself. dann ist man aus sich selbst herausgestockt. If you don't comment on it, if you just stay with that shocked open, that is the naked mind itself. Wenn man das nicht kommentiert, sondern einfach bei diesem offenen Schock verweilt, das ist der nackte Geist selbst. There we see all the meditation practices are focusing on restoring the felt sense of the mind to its natural place. Das heißt, alle meditativen Praktiken zielen darauf, uns wieder in Verbindung zu bringen mit dieser Empfindung, dass der Geist an seinem natürlichen Ort ist, in sich selbst natürlich ist. A place it has never moved from. Ein Ort, von dem er sich nie wegbewegt hat. So now we look at this text, Jetzt schauen wir den Text an. and it's beginning it by looking at Guru Yoga and the four initiations. Und er beginnt hier damit, das Guru-Yoga zu betrachten und die 4 Initiationen. And the Guru is, of course, a very central topic in Tibetan Buddhism. Im tibetischen Buddhismus ist das Guru-Prinzip ein wichtiges Thema. So it's very important to understand what is the true function of the Guru. Darum ist es umso wichtiger zu verstehen, was die wahrhafte Funktion von Guru ist. So he begins by setting it out, having gathered the 2 accumulations of merit and wisdom during measureless aeons, the result has ripened for us now. Thus we've gained a precious human existence with the freedoms and opportunities, and this is great merit. Because of this, we can meet with a fully accomplished Guru in order to practice meditation. I'm sorry, I'm looking for The the... text. Yeah, It just I know says- it's a text, but I don't know which Here, we should say that. it's directly the front. Ah ja, I'm sorry, it's the Ja. first. It's direkt der erste Abschnitt auf Deutsch. Hier steht, nachdem wir
Das ist hier alles zu viel. Wenn man also die zwei Ansammlungen Weisheit und Verdienst und Weisheit durch zahllose Ionen angesammelt hat und das Resultat für uns jetzt gereift ist, können wir so auf diese Weise eine kostbare menschliche Existenz erlangen mit allen Freiheiten und Möglichkeiten, die dieser große Verdienst mit sich bringt. Und deswegen können wir auch mit einem vollkommenen Guru zusammentreffen, um Meditation zu praktizieren. Then it says, then if with great faith and devotion to that Guru we faithfully practice the liberating elixir of his teachings, we'll be able to truly benefit ourselves and all other beings. Dann geht es hier weiter, wenn wir dann mit starkem Vertrauen und großer Hingabe an ihn das befreiende Elixier seiner Lehren üben, werden wir selbst und alle anderen Wesen wahrhaft davon profitieren. So, having faith is being set out as very important. Vertrauen wird hier als etwas sehr Wichtiges betont. Faith means to be without reservation. Vertrauen bedeutet, nicht mehr reserviert zu sein. To be without reservation is to be without commentary. Und seine Reserviertheit aufzugeben bedeutet auch nicht mehr zu kommentieren. If we say yes to something, Und wenn wir jetzt zu etwas Ja sagen and it's a full, deep, easy yes, und das ein volles, tiefgreifendes, leichtes Ja ist, then we have unimpeded connection. dann ist diese Verbindung völlig ungehindert. So in this tantric system, we often see these meditation deities in sexual congress, in Yahoual. In den tantrischen Darstellungen sehen wir oft diese Meditationsgottheiten in sexueller Vereinigung, im Yahoual. They're saying yes to each other. Sie sagen Ja zueinander. There's not a resistance. Da gibt es keinen Widerstand. From both sides, there is a interest and an eagerness to do this. Von beiden Seiten gibt es das Interesse und auch den Wunsch, das zu tun. This simplifies the mind. Das vereinfacht den Geist. Given the freedom of our modern life, most of us will have had the experience of being in bed with someone and wondering why you're there. Aufgrund der Freiheiten, die das moderne Leben uns zur Verfügung stellt, haben die meisten von uns schon erlebt, dass sie sich mit irgendjemandem im Bett wiedergefunden haben und sich gefragt haben, wie das jetzt wohl zustande gekommen sein mag. It's quite difficult to get all the chakras aligned. Weil es viel schwierig scheint, alle Chakras in Einklang miteinander zu bringen. So there's a T-shirt that I saw a woman wearing in the north of England that said, "Keep drinking till he's cute." Ich habe eine Frau in Nordengland ein T-Shirt tragen sehen mit der Aufschrift, trink so lange, bis er süß aussieht. So that's the way of knocking out the thinking function. Auf diese Weise kann man die Denkfunktion K.O. hauen. Which allows some arousal of sexual desire. Und auf diese Weise kommt es zu sexuellen Begierde oder Erregung. But as the alcohol starts to wear off, there could be some thoughts about what am I doing here? Und wenn man langsam wieder nüchtern wird, dann kommen die Gedanken, wie komme ich hierher, was mache ich hier eigentlich? So we know as human beings it's quite difficult to gather all of ourselves together to be fully in one place at one time. Als menschliche Wesen kennen wir, wissen wir, dass es schwierig ist, uns wirklich komplett so zu sammeln, dass wir vollkommen präsent sind in einem Moment. So this is a function of faith, not to be dispersed, not to be in an inner dialogue, wondering perhaps, maybe, should I, shouldn't I, but just to be open-hearted. Und das ist die Funktionsweise von Vertrauen, dass wir statt in einen inneren Dialog uns zu verstricken und uns auf diese Weise zu verlieren in wie soll ich nicht, ist das richtig, ist das falsch, stattdessen präsent zu sein mit offenem Herzen. The function of the practice is about us. Diese Praxis ist dafür da,
dass wir damit arbeiten. We're doing it, as he says, for the benefit of oneself and all other beings. Und diese Praxis machen wir zu unserem eigenen Nutzen und zum Nutzen aller Wesen. The Guru Yoga is not a cultish invitation to get lost in idealization of someone. Guru Yoga ist nicht irgendwie eine kulthafte Einladung, sich in irgendeinem Ideal zu verlieren. But to have the experience of this being enough. Vielmehr das zu erleben, dass das genug ist, To be without reservation. ohne Vorbehalt zu sein. Because lack and excess, like a little two-stroke engine, is running the moped of our existence. Wie ein zweitaktiger Motor ist dieses Spannungsfeld zwischen Mangel und zwischen Übermaß, das, was unser ein kleines Gedankenmoped oder Existenzmoped antreibt. But when something is enough, we settle. The movement to get less of this and more of that becomes unnecessary. This is okay. I'm sorted. Aber wenn etwas reicht, genug ist, reicht, dann hört es auf. Das heißt, es gibt keine Bewegung mehr, ausgelöst dadurch, dass irgendwas zu wenig da ist oder irgendwas zu viel da ist, sondern es ist da. Wir sind präsent, es reicht. So then he's saying, although one may have great faith in and longing for the Dharma, if one does not meet with an accomplished guru, then the Dharma that one practices will be difficult to develop as the true Dharma. Then although one has practiced this Dharma, only worldly benefits will develop. Dann steht hier weiter, wenn man großes Vertrauen in das Dharma und eine große Sehnsucht danach hat, jedoch keinen vollendeten Guru trifft, ist es schwer, das Dharma, das man übt, als das wahre Dharma zu entwickeln. Dann entwickeln sich, obgleich man das Dharma übt, positive Auswirkungen nur auf der weltlichen Ebene. There are many gurus whose faithful disciples fall down and get lost. So it's very important to seek out a truly accomplished guru. Es gibt viele Gurus, deren hingebungsvolle Schüler scheitern und die Orientierung verlieren. Deshalb ist es sehr wichtig, einen wirklich vollendeten Guru zu suchen. Now, in the tradition, it talks about the deepest style of meditation as being sky to sky. In der Tradition wird die tiefgründigste Art der Meditation als Himmel zu Himmel beschrieben oder benannt. That in front of us is the clear blue sky, Vor uns ist der klare, blaue Himmel and in our heart is the infinite sky of awareness. und in unserem Herzen ist der unendliche Himmel des Gewahrseins. And these skies are not separate, they're in non-duality. Diese Himmel sind nicht voneinander getrennt, nicht dual sind sie. And in this space, many deities can come and go. Und in dieser Weite können viele Gottheiten kommen und gehen. Space is infinite. Weite ist unendlich, It has no block to it. ist ungehindert. In the Tibetan language, there are many, many words that mean unimpeded, not blocked, not obstructed, and so on. Im Tibetischen gibt es viele Worte, die ungehindert, unblockiert, ungehindert bedeuten. When people fall in love, there's often a feeling of mutual opening. Wenn Menschen sich verlieben, geht das oft einher mit einem Empfinden von beiderseitiger Offenheit. And then after a while, you realize, oh, this is a person with their own agenda. Nach einer Weile stellt man dann fest, ja, diese Person hat ihre eigenen Vorstellungen oder ihre eigenen Pläne. It may not be a harmful or negative agenda, Vielleicht keine negativen oder schädlichen Pläne, but they have a particular shaping. aber sie haben eine gewisse Ausformung. And that shape will influence how we can be with them. Und diese Form, diese Ausformung beeinflusst, wie wir mit dieser Person zusammen sein können. The function of the guru is to manifest the quality of the three kayas. Die Funktion des Gurus, also seine Aufgabe ist, die drei Kayas zu manifestieren. That is to say,
as we looked before, the Dharmakaya is for ourselves. It's enough. Wie wir ja vorher schon gesehen haben, ist der Dharmakaya für uns selbst, der reicht uns aus. And so our energy is for the other. Das heißt, unsere Energie ist für die anderen. And so the energy of the other person shouldn't be blocked by any particular self-referential wishes we have. Das bedeutet, die Energie für die andere Person sollte nicht von irgendwelchen selbstbezogenen Wünschen in Bezug auf uns selbst blockiert sein. When we do the basic practice, we say, in this and all my future lives, I will work for the benefit of others. Wenn wir unsere normale Praxis durchführen, sagen wir, in diesem und in den zukünftigen Leben werde ich mich bemühen, um für andere von Nutzen zu sein. This means that our love or our compassion should be a gift without a demand. Das bedeutet, unsere Liebe, unser Mitgefühl sollte ein Geschenk sein, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. It's not a boomerang that's going to come back to us. Nicht wie ein Bumerang, der zu uns zurückkehrt. So these are the qualities that we all try to develop, and the teacher should be manifesting a for the otherness. Und diese Qualitäten versuchen wir alle zu entwickeln, und der Lehrer sollte sozusagen eine Manifestation sozusagen für dieses andere sein. Because the Dharma is an end in itself. Dharma is an end in itself? Yeah, What in does the it- Kantian thing, a means to an end Aha. and an end in itself. Okay, das heißt, Dharma ist eine in sich geschlossene Sache. That is to say, Dzogpa Chenpo, it's complete. It is what it is. Dzogchen Tempo ist vollständig. Es ist das, was es ist. But when we use something as a means to an end in an instrumental way, Wenn wir aber eine in sich geschlossene oder vollständige Sache als instrumentalisieren, um etwas Bestimmtes damit zu erwirken, the very mode of utilizing the other person for our purposes dann ist diese Haltung, andere für unsere Zwecke zu nutzen oder einzusetzen, is a subtle violence. eine subtile Gewalt. It's a filling the space of potential with what about meanness? Man füllt dann diese Weite der Potenziale mit diesem Empfinden, und was ist mit mir? What about me is a question, an important question, but it is the question to be answered by awakening to the Dharmakaya. Was ist mit mir, ist eine wichtige Frage, aber die einzige Antwort, die es dafür wirklich gibt, ist in den Dharmakaya zu erwachen. By awakening to our own mind. Dadurch, dass wir in unseren eigenen Geist hinein erwachen. If the what about me is taken to be answered by you, Wenn dieses "Und was wird mit mir" von dir beantwortet then werden we're soll, asking, what are you going to do for me? dann frage ich, was wirst du für mich tun? So I'll be nice to you if you're nice to me. Das heißt, ich werde nett zu dir sein, wenn du nett bist zu mir. And then you're into exchange and trade, and everything is a little bit precise, a little bit limited. Dann fängt man an zu handeln, auszutauschen oder auszuhandeln, und alles wird so ein bisschen zu scharf umrissen und definiert. So, a fully accomplished teacher is one who is not looking for anything. Ein vollkommener Lehrer sucht nach nichts. And it's saying, if you don't find this, then because you're looking for something, you will meet a teacher who's also looking for something. Wenn man das nicht findet, dann wird gesagt, liegt es daran, dass man jemand ist, der nach etwas sucht, und deswegen trifft man auch auf Lehrer, die nach etwas suchen. But if you meet the teacher who's not looking for anything, you can trade your looking for something for looking for nothing. Wenn man aber auf einen Lehrer oder Lehrerin trifft, die nach nichts suchen, dann kann man sein nach etwas suchen eintauschen gegen nach nichts mehr suchen. And then if you get nothing, you get everything. Wenn man dann nichts bekommt, hat man alles bekommen.
in his early biography, Chogyam Trungpa writes about this. In seiner frühen Biografie, die Chögyam Trungpa verfasst hat, schreibt er darüber. He was very close to his main teacher, but when he was, I think, 15, he went into a 3-year retreat. Oh, Bravo. ja. Very good. Wer war seinem Lehrer, zu seinem Hauptlehrer sehr, sehr nah? Und als er 15 war, ist er ins Retreat gegangen. And as he's coming to the end of the retreat, he's very excited. He'll see his teacher again. Und als das Retreat sich dem Ende zuneigte, war er sehr aufgeregt, weil er seinen Lehrer wieder treffen würde. He has so many questions he wants to ask him and so many experiences he's had that he wants to tell his teacher. Er hatte so viele Fragen, die er ihm stellen wollte, weil er so viel erlebt hatte, was er seinem Lehrer alles erzählen wollte. And when he comes out of the retreat, the first thing he finds is his teacher is dead. Und als er dann aus dem Retreat raus war, stellte er als erstes fest, dass sein Lehrer verstorben war. And because he was very brilliant, Chogyam Trungpa was able to recognize, oh, this was all my own mental construction. Weil er so brillant war, hat Chögyam Trungpa sofort bemerkt, das war alles meine eigene geistige Konstruktion. If my teacher had been alive and I talked with him and he smiled at me, he would have made all this nothing into something. Denn wenn mein Lehrer noch am Leben wäre und ich mit ihm darüber alles gesprochen hätte und er mir irgendwelche Sachen erzählt hätte, hätte er aus diesem Nichts etwas gemacht. And by dying and giving me no confirmation, he shown me the emptiness of my own mind. Dadurch, dass er aber verstorben ist und mir keine Versicherung, mich nicht dessen versichert hat, was ich da mir vorgestellt habe, damit hat er mir diesen Raum gegeben, meine eigene oder die Natur meines Geistes zu erkennen und die Leerheit meines Geistes zu erkennen. I think this is a very beautiful example that we spend so much of our life asking other people to confirm that we are okay or we're interesting or attractive or this or that. Denn wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens damit, immer andere darum zu bitten, uns dessen zu vergewissern oder zu versichern, dass wir in Ordnung sind, dass wir da sind, dass wir hübsch sind und so weiter. Rather than it being the presence of nothing. Statt dass es die Gegenwart von nicht Dinglichem sei. This is the particular alchemy of Dharma. Das ist die spezifische Dharma-Alchemie. Traditionally, alchemy turns ordinary material into gold. Traditionell verwandelt die gewöhnliche Alchemie normale Materie in Gold. But this alchemy turns something into nothing. Diese Alchemie aber verwandelt etwas in Nicht-Ding, in etwas Nichts. That letting go is the road to getting everything. In der Art wie Loslassen die Straße dazu ist, alles zu gewinnen. And grasping will give you something which is worse than nothing. Während das Greifen uns etwas habhaft werden lässt, das schlimmer ist als nichts. So that's a traditional function of the guru, is to take all your somethings and give you nothing in return. Das heißt, die traditionelle Funktion von Guru ist, dass er oder sie alles von uns nimmt und uns nichts dafür zurückgibt. So what is an accomplished guru? At the beginning of his training, he must have impartially and extensively heard and thought about the Dharma. Was ist ein vollendeter Guru? Er muss zu Beginn seiner Ausbildung ohne Bevorzugung und in großem Umfang Dharma-Belehrung gehört und darüber nachgedacht haben. In the middle period, he should have gained deep awakening in his meditation, and finally, he should be working for the benefit of sentient beings. In der mittleren Phase sollte er in seiner Meditation tiefe Verwirklichung erlangt haben und schließlich sollte er sich für das Wohlfühlen der Wesen einsetzen. Having little desire for the world, he should always stay in mountain hermitages. Sein Verlangen nach allem Weltlichen sollte gering sein und er sollte sich ständig an abgeschiedenen Orten in den Bergen aufhalten.
He should have given up outer work like business, property and politics, and inner work such as family affairs. Und er sollte sich von äußeren Angelegenheiten wie Eigentum, geschäftlichen und politischen Aktivitäten gelöst haben und ebenso von inneren Angelegenheiten wie zum Beispiel familiären Belangen. But as we looked in the morning, there are two ways of doing that. You can do it on the outer way of actually moving into the mountains. Wie wir heute früh aber schon betrachtet haben, kann man das auf zwei verschiedene Arten und Weisen tun. Man kann tatsächlich in die Berge ziehen. Or of living in the world as if it was a dream. Oder aber in der Welt leben, so als wäre die Welt ein Traum. As if it was a cemetery Wie als wäre sie ein Friedhof, in which there is nothing to grasp. wo es nichts zu erhaschen gäbe. Having developed a very pure bodhicitta or intention to help others, he must have enough experience and knowledge of the methods for practicing the developing and perfecting systems. Nachdem er ein sehr reines Bodhicitta entwickelt hat, muss er sich fundierte Erfahrungen und umfassende Kenntnisse in den Methoden zur Übung der Entwicklungs- und Vollendungssysteme aneignen. The importance of having this kind of background is that the teacher will be able to understand the particularities of the student. Das ist, also einen solchen Hintergrund entwickelt zu haben, ist wichtig, damit Lehrer oder Lehrerinnen die Besonderheiten bei ihren Schülern verstehen können. The essential thing is, how do we apply this to us? Hier ist das Essentielle, wie wir das für uns selber anwenden. It's important to ask questions. Es ist wichtig, Fragen zu stellen. When we meet together here, there's always time to ask some questions. Wenn wir hier zum Beispiel zusammentreffen, können wir immer Fragen stellen. Es ist immer Zeit, um Fragen zu stellen. Because it's about how to make the Dharma fit you. Denn es geht darum, wie wir den Dharma für uns passend machen können oder verfügbar machen. We also need to fit into the Dharma, Wir müssen auch in den Dharma passen. but it needs some adjustment. Aber es braucht Angleichung oder Anpassung. So just as a tailor can let down the legs of trousers or raise them up, so the teacher should be able to accommodate the student in the Dharma. So wie eben ein Schneider die Länge der Hosenbeine auslassen kann oder die Hosenbeine kürzen kann, so sollte ein Lehrer entsprechend den Dharma an die Schüler anpassen können. Then he says it's necessary to seek someone like that as your guru. Dann geht es hier weiter, so jemand solltest du dir als deinen Guru suchen. If on merely hearing his name your hair bristles, if on merely seeing his face you gain blessing, and if on merely praying to him your mind turns away from samsara, then these are signs that indicate you have a connection from a previous life with the guru. Wenn sich beim bloßen Hören seines Namens dein Haar aufstellt, wenn du beim bloßen Sehen seines Gesichts Segen empfängst und wenn sich dein Geist beim bloßen Beten zu ihm von Samsara abwendet, so zeigt dies, dass du zu diesem Guru eine Verbindung aus einem früheren Leben hast. The main thing is to develop whatever potential there is in the connection. Die Hauptsache ist die, dass man, was immer für Potenzial in dieser Verbindung liegt, es auch entwickelt. So, although he's talking here about the qualities of the teacher, there's the parallel issue of the quality of the student. Obwohl hier von den Qualitäten des Lehrers oder der Lehrerin die Rede ist, geht es selbstverständlich in der Parallele auch um die Qualitäten von Schüler oder Schülerin. So what are the obstacles to developing this kind of relationship? Was sind also die Hindernisse, die so einer Entwicklung einer solchen Beziehung entgegenstehen? If we have pride and we tend to look down on other people, it's more difficult. Wenn wir zum Beispiel zum Stolz neigen und auf andere herabsehen, ist es schwieriger. If we're very critical and always looking for points that are wrong, then that's also likely to be unhelpful. Wenn wir dazu neigen, sehr kritisch zu sein und immer nach den Fehlern suchen, wird es auch schwieriger, sowas zu finden oder entdecken.
is there likely to be anybody walking on this earth about whom some negative comments couldn't be made? Ist es denn wahrscheinlich, dass irgendjemand auf der Erde wandelt, über den man keine negativen Kommentare machen kann? It's always possible to smear shit. Ist doch immer möglich, irgendwie alles mit Scheiße zu beschmieren. It's always something not to like or to say they did too much of this or too little of that. Es lässt sich immer was finden, was man nicht mögen kann oder wo man sagen kann, das war davon aber zu viel oder davon zu wenig. If we are in love with our own critical intelligence, Wenn wir unsere eigene kritische Intelligenz lieben, then we may think that it is a duty, in fact an ethical duty, to be aware of the faults of others. mag es uns sogar als ethische Pflicht erscheinen, der Fehler anderer uns bewusst zu sein. Maybe. Vielleicht. If it's your job in quality control in a factory, then of course you need to keep seeing that the product is at standard marketable quality. Wenn du zum Beispiel in deiner Fabrik in der Qualitätskontrolle arbeitest, dann ist es auf jeden Fall deine Pflicht, darauf zu achten, dass die Standards der Qualität aufrechterhalten werden. In my work in universities, I had to mark many dissertations. In meiner Arbeit an der Universität musste ich viele Dissertationen benoten. And it's quite a subjective thing. You have to give some evaluation out of 100. There's some reasons why, some reasons against, and often you have a fellow marker and you compare what is going on. She'll have her opinion, I have mine. Und man hat also einen gewissen Katalog von Referenzbewertungen oder von Bewertungen, die erfüllt sein müssen, die man dann durchgeht, so eine Liste von 100 Punkten meinetwegen. Und dann hat man außerdem noch jemanden, der auch an derselben Dissertation arbeitet, um die zu bewerten. Man tauscht sich aus. Ich habe meine Meinung, sie hat ihre Meinung. Psychology and psychotherapy is not very objective. Psychologie und Psychotherapie sind nicht sehr objektiv. We have our judgment. Wir haben unsere And Beurteilung. the judgment reflects ourselves. Und die Urteile, zu denen wir kommen, reflektieren uns selbst. So poor students are at the mercy of the mood of the examiner. Das heißt, diese armen Studenten und Studentinnen sind abhängig von der Stimmung derer, die sie prüfen. And that is the truth of the world. Das ist die Wahrheit, die für die ganze Welt gilt. We're all at the mercy of the opinions of other people. Wir hängen immer ab, alle, von den Meinungen von anderen Leuten. And we feel it's important to have an opinion, Und außerdem haben wir das Gefühl, es ist wichtig, auch selber eine Meinung zu haben, to have something to say. damit man was zu sagen hat. I didn't like this movie, I thought the plot was ridiculous, da, 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 da. Dieser Film hat mir gar nicht gefallen, der Plot war irgendwie lächerlich und so weiter. That is a position which confirms I have a mind of my own and I am able to see the good and the bad points. The good points is the second poison of desire, and the bad points is illuminated by anger or aversion, which is the third poison. Und das bedeutet, dass ich mir dessen bewusst bin und eine Vorstellung auch davon abgebe, dass ich meinen eigenen Geist habe oder meine eigene Meinung habe und mein eigenes Verständnis hinsichtlich dessen, was gut ist, was schlecht ist, zum Beispiel auch was gut ist hinsichtlich des Zweiten oder was schlecht ist hinsichtlich des Zweiten, gibt es eben, dass etwas wünschenswert ist, oder hinsichtlich des Dritten gibt es, dass etwas ablehnenswert ist. But if we remember from this morning, we're looking at these three poisons, and the most dangerous is the first one, the assumptions. Wenn wir aber uns an heute früh erinnern, wo wir die 3 Geistesgifte angeschaut haben und festgestellt haben, das Gefährlichste von ihnen ist das erste, nämlich sich eine Vorstellung zu machen oder von Annahmen auszugehen. What we take to be a natural truth. Das, was wir für die Wahrheit halten. So, if the guru is a woman, Wenn der Guru also eine Frau ist, she's a woman. ist sie eine Frau. If the guru is a man, he's a man. Ist der Guru ein Mann, ist er ein Mann.
But the guru is not a man or a woman. Aber der Guru ist nicht ein Mann oder eine Frau. For the purposes of practice, the guru is the presence of the three kayas. Denn zu unseren Praxiszwecken ist der Guru einfach die Gegenwart der drei Kayas. Seeing them in that form, you get the benefit. In dieser Form den Guru oder die Guru wahrzunehmen, das bringt den Nutzen. As it says in many different texts, if you see the guru as a Buddha, you get a Buddha's blessing. If you see them as an ordinary human being, you get an ordinary human being's blessing. Wie in vielen Texten eben erwähnt wird, wenn man Guru als Buddha sieht, dann bekommt man die Segnung eines Buddha. Wenn man Guru als gewöhnliche Person sieht, bekommt man den Segen einer gewöhnlichen Person. But they're human and we're human. Sie sind Menschen und wir sind Menschen. We're all human. Wir sind alle Menschen. This is not really the view of Tantra and Dzogchen. Das ist nicht die Sichtweise von Tantra und Dzogchen. We are creatures of space. Wir sind Geschöpfe der Weite. Not outer space as in science fiction, Nicht wie in Science Fiction irgendwie des Weltalls, but we are the creatures of the Dharma Dhatu, sondern wir sind die Geschöpfe des Dharma Dhatu. the fundamental space of existence. Die grundlegende Weite der Existenz. When we walk down the street, we see human beings. Wenn wir die Straße entlang gehen, sehen wir Menschen. But the Dharma says they are like an illusion. Und im Dharma wird gesagt, sie sind wie Illusionen. Even the Heart Sutra Sogar die Herzsutra says very clearly there are no sentient beings. sagt eindeutig, es gibt keine fühlenden Wesen. Everything is emptiness. Alles ist Leerheit. Recognizing emptiness, the mind manifests the three kayas. Indem Leerheit erkannt wird, tritt der Geist als die drei Kayas in Erscheinung. But these are just ideas that human beings have invented. Die sind aber nur Vorstellungen, die Menschen sich ausgedacht haben. That is one option. Das ist eine Möglichkeit. It is available every day on the Great World Buffet. Täglich auf dem großartigen Weltbuffet zu bekommen. I'm not stupid. I know what's what. Ich bin nicht blöd, ich weiß, was ist. You're human, I'm human. Du bist Mensch, ich bin Mensch. And these are just some ideas. Die sind einfach nur Vorstellungen. This is available. Das ist zugänglich. Dharma view is we are not human. Die Sicht des Dharma ist, wir sind nicht Menschen. Human is the patterning of our energy in this current moment. Denn was menschlich ist, ist das gegenwärtige Muster unserer Energie in diesem Moment. In Das, previous lives, we could have been a dog or a frog. früher können wir im vorigen Leben vielleicht ein Hund oder ein Frosch gewesen sein, Next life could be in a god realm. im nächsten Leben vielleicht im Götterbereich. We are not intrinsically human. Wir sind nicht inhärent Mensch, We are circumstantially, situationally human. sondern Umstände halber und situationshalber sind wir Menschen. And what is the basis for this potential to be dog or frog or human? Was ist denn die Grundlage für diese grundsätzliche Möglichkeit, Hund zu sein, Frosch zu sein, Mensch zu sein? It is the unborn emptiness of the mind. Das ist die ungeborene Leerheit des Geistes. How come the side mirror in your car can show 1,000,000 images when you drive 100 kilometers? Wie ist es denn möglich, dass der Seitenspiegel von unserem Auto Millionen Bilder zeigen kann, während wir mit dem Auto unterwegs sind? Moment by moment by moment, new images are arising as the car proceeds. Jeden Moment entstehen neue Bilder, während das Auto weiterfährt. This is possible because the mirror is empty of itself. Das geht nur, weil der Spiegel von sich selbst leer ist. If you were to stick a photograph on top of the mirror, Wenn man ein Foto auf den Spiegel kleben würde, it wouldn't change over 100 dann kilometers würde sich dieses Bild im Spiegel 100 Kilometer lang nicht verändern. because the photo is full of photoness. Weil das Foto erfüllt ist von Fotosein. It's completed
in its limitation. Das ist in seiner Eingeschränktheit vollkommen, vollständig. But the mirror is infinite in its generosity, in its potential, in its hospitality. Der Spiegel ist unendlich in seiner Großzügigkeit, in seinem Willkommenheißen von allem. Each of us was once inside our mother's belly. Jeder von uns war mal im Bauch seiner oder ihrer Mutter. We had been very small. Da waren wir sehr klein. We could not talk at first. Wir konnten am Anfang nicht sprechen. We couldn't walk. Wir konnten nicht gehen. And we're not like that now. Und jetzt sind wir nicht mehr so. When you look at a little baby, it's very different. Wenn man sich so ein kleines Baby anschaut, ist das was ganz anderes. We are not babies. Wir sind keine Babys. We have been babies, Wir waren welche, but we're not babies. aber wir sind das nicht mehr. When we were babies, we did baby things. Als wir Babys waren, haben wir Babysachen gemacht. Then we did little infant things. Wir haben dann Kleinkindsachen gemacht. Dann Then we did teenage things. haben wir Teenager-Sachen gemacht. And then we start slowly, very slowly to do adult things. Und dann haben wir sehr, sehr, sehr langsam damit begonnen, um Erwachsenen-Dinge zu tun. We have already had 1,000 lives in this one body. Wir haben ja in diesem einen Körper schon 1000 Leben gehabt. So when we think this is me, this is just another reflection in the mirror. Wenn wir also denken, das bin ich, dann ist das nichts als eine weitere Spiegelung im Spiegel. If we stay alive, it's going to be different. Wenn wir lebendig bleiben, dann wird das sich ändern. The mind is empty. Der Geist ist leer. The Guru we take as the representative of the three kayas. Der Guru ist für uns der Repräsentant der 3 Kayas. So the Guru's mind is space. Our mind is space plus obscuration. Der Geist des Gurus ist Weite, unser Geist ist Weite mit zusätzlichen Verdunklungen. By linking our mind with the Guru's mind, Dadurch, dass wir unseren Geist mit dem Geist des Gurus zusammenbringen, verbinden, the space is bigger and bigger and bigger. weitet sich die Weite immer mehr, mehr, mehr. And the obscurations being stretched out are like clouds thinning and dissolving. Und in dieser Weise verdünnen sich auch diese Verdunklungen immer mehr wie Wolken, die sich immer länger ziehen, länger auseinanderziehen und irgendwann verschwunden sind. So, having a critical mind and judging is useful for some purposes. Das bedeutet, kritisches Bewusstsein zu haben, Dinge zu beurteilen, ist für gewisse Zwecke sinnvoll. But this critical attitude is up and doubtful, paranoid attitude is all operating inside the paradigm that thoughts tell the truth. Aber diese kritische Haltung entspringt aus dieser inneren Haltung per se, dass wir in unserer Furcht vor allem daran glauben, dass Gedanken uns die Wahrheit erzählen oder die Wahrheit sagen. Point of view of Buddhist understanding and Buddhist practice is to put the high status of thoughts as truth into question. Für uns in der buddhistischen Meditationspraxis ist wirklich diesen hochgerühmten Status der Gedanken zu hinterfragen. That if we open, if we trust, and if we have faith, we enter another paradigm. Denn dadurch, dass wir uns öffnen, dass wir vertrauen, dass wir Hingabe entwickeln, das eröffnet für uns einen anderen Raum. The paradigm of revelation. Nämlich den der Wiederauferstehung, der Offenbarung. When we rely on our thoughts, we are engaged in thought construction. We are building up composite images, conclusions about something. Wenn wir uns mit Gedanken beschäftigen wir uns mit Konstruktionen, die dazu fungieren, Bilder aufzubauen, weitere Bilder zu konstruieren. But when we open ourselves to the possibility of revelation, the more open we are, the more is revealed to us.
Wenn wir uns aber der Offenbarung sozusagen öffnen, dann ist es so, dass je weiter wir uns öffnen, sich uns mehr und mehr offenbart. So, is it safe to be so undefended? Es ist eigentlich sicher, wenn man sich so wenig schützt, Only if the other person has no agenda. nur wenn die andere Person keinen Plan hat. If they're not trying to catch you as part of their construction. Wenn sie uns nicht versuchen, zum Teil ihrer Konstruktion zu machen. Which is why generally in the Nyingma tradition we pray to the Guru in the form of Padmasambhava. Das ist der Grund dafür, dass wir in der Nyingma-Tradition meistens zum Guru in Form von Padmasambhava beten. As Siya Lama always said, Padmasambhava is not going to ask you for any money or sex or anything. Wie Siya Lama immer gesagt hat, Padmasambhava wird uns nie um Geld bitten oder um Sex. Much safer. Viel sicherer. So, we take a break now and then we come back and do some meditation. Wir machen eine Pause und nach der Pause meditieren wir. Yeah. So now we do the practice of calming the mind or shamatha, shine without an object. Wir machen jetzt die Praxis, den Geist zur Ruhe zu bringen, durch Shamatha oder Shine ohne Objekt. So before we're looking at the flow of the breath at the nostrils. Vorher haben wir den Atemfluss an unseren Nasenflügeln angeschaut oder betrachtet, Which gives us something to focus on. der uns einen Fokuspunkt bietet. Now we just relax and we focus on whatever occurs. Jetzt aber entspannen wir uns und sind einfach auf das fokussiert, was auch immer in Erscheinung tritt. We sit in a relaxed way with the skeleton carrying the body. Sitzen entspannt, sodass unser Skelett den Körper wirklich trägt. The gaze is into the space in front of us. Und schauen in die Weite vor uns. We're not staring at the distant wall, Wir starren nicht die entfernte Wand an, but just relaxed and open, sind einfach entspannt und offen. and life continues. Und das Leben geht weiter. Sometimes we see people's bodies moving a bit. Manchmal sehen wir, wie die Körper der Leute sich bewegen ein bisschen. We hear noises from the outside. Wir hören Geräusche von draußen. We feel sensation in the body. Wir spüren Empfindungen im Körper. And there is arising thoughts or feelings. Gedanken, Empfindungen oder Gefühle kommen auf. Whatever comes, we just open to that. Was immer auch auftritt, wir sind offen dafür. It comes and goes, Es kommt und geht and we're with it. und wir sind gegenwärtig. Not trying to investigate it Ohne zu versuchen, das zu untersuchen or hang on to it, oder daran festzuhalten, but just as if we were like the mirror with different moments of reflections arising and passing through. sondern als wären wir der Spiegel, in dem zu unterschiedlichen Momenten unterschiedliche Dinge sich in Erscheinung treten und auch wieder verschwinden. Okay. Do this practice from time to time. Diese Praxis wiederholen wir immer wieder. Do it on your own in the evening Man kann es abends selber machen and see what experience arises for you. und einfach betrachten, was für Erlebnisse sich einstellen. It's not something to push or to strive at. Nicht etwas, wonach man streben muss oder was man wegstoßen muss, If you want to allow the free flow of experience, sondern wir möchten viel lieber diesen freien Erlebnisfluss erlauben and to relax our habitual involvement and pattern building and meaning creation. und unsere gewöhnlichen Arten, wie wir daraus für uns Bedeutungen rekreieren oder wie wir unsere Reaktionen normalerweise sind, diese Arten von Muster wollen wir versuchen zu entspannen. And this allows us to settle inside. Das gestattet uns, in uns anzukommen.
Of course, if we've been holding ourselves together for a long time, Wenn wir uns schon lange zusammengerissen haben oder zusammengehalten haben, that process of relaxation itself can be anxiety provoking. kann dieser Prozess von Entspannung selbst Ängste anfachen, Because we don't know what's going to happen. weil wir nicht wissen, was passieren wird. And yet here we are. Nichtsdestoweniger sind wir hier. Many different things we didn't expect are happening. Viele Sachen, die unerwartet waren, haben sich vollzogen. But we're just aware of them. Wir sind deren einfach nur gewahr. So it's through this practice that we become more attentive to the difference between involved consciousness and relaxed open awareness. Durch diese Praxis werden wir dieses Unterschiedes gewahr zwischen einem Bewusstsein, was beteiligt ist, und einfach offenem Gewahrsein. Our involved consciousness is trying to make sense of what is going on. Unser Bewusstsein, was Anteil nimmt, versucht immer in allem eine Bedeutung zu entdecken. In a sense, it keeps healthy by having some good problems to chew on. Das hält uns in gewisser Weise gesund, weil wir einige gute Probleme haben, auf denen wir herumkauen können. Like a dog needs a bone to keep its teeth strong in the gums. Wie ein Hund einen Kauknochen braucht, um die Zähne und den Gaumen stark zu halten. Oder den Zahnfleisch. So we have a mobilizing arousal on the basis of it's all up to me. Das heißt, eine gewisse Art beweglicher Erregung stellt sich ein, die uns empfinden lässt, das hängt jetzt alles von mir ab. I am the one who brings order to existence. Ich bin derjenige, der die Existenz ordnet. And if I don't do this, there'll be the other polarity, which is chaos. Wenn ich das nicht tue, dann tritt der andere Pol in die Wirkung, das heißt, es entsteht Chaos. And then I won't know what's going on and I won't feel safe. Dann weiß ich nicht, was los ist, und dann werde ich mich auch unsicher fühlen. This anxiety is a kind of a protective gatekeeper. Diese Furcht ist wie ein schützender Torwächter. It allows the ego to keep protecting its territory. Das gestattet dem Ego, seinen Bereich zu verteidigen oder zu schützen. But actually, we're very lucky people. Wir haben ja aber sehr viel Glück. We live in an environment and a time which is quite safe. Wir leben hier in einem Umfeld und zu einer Zeitperiode, die ziemlich sicher ist. It's not so difficult to make some money and find a place to live. Es ist nicht so schwierig für uns, irgendwie Geld zu verdienen, einen Ort zu finden, wo wir leben können. So we're often mobilizing ourselves anxiously around problems which are not as important as we take them to be. Das bedeutet tatsächlich, beschäftigen wir uns oft sehr mit Problemen, die in Wirklichkeit gar nicht so wichtig sind, wie wir denken. So there's a kind of tilting or fulcrum point here. Hier gibt es sozusagen einen Kipppunkt oder einen Balancepunkt. Tipping to one side, he says, it'll be okay. Wenn es auf die eine Seite kippt, dann haben wir das Gefühl, alles wird irgendwie okay sein. I'll find a way. Irgendwie finde ich schon einen Weg. Something okay will happen. Irgendwas Gutes wird schon passieren. And on the other side, there's an anxiety. Well, I don't want it to go wrong. Auf der anderen Seite ist diese Anspannung, ich möchte, dass nichts schief geht. I need to be in charge. Ich muss Verantwortung übernehmen. So the second position is more retractive. It's tensing in. Diese zweite Position hat damit zu tun, mehr sich zurückzuziehen, Spannung in sich zu erzeugen. In the former position is more extensive, moving out into the world as it unfolds. Während die erste Position mehr ausdehnend ist, dass man sich einfach in die Welt hineingibt, so wie sie sich entfaltet. Anxiety is a very important aspect of our mental experience. Furcht ist ein wichtiger Aspekt unseres mentalen Erlebens.
People say that you need a small amount of stress to be healthy. Allgemein wird gesagt, dass man ein gewisses Stresslevel braucht, um gesund zu bleiben. Too much stress and you get burned out. Mit zu viel Stress erleben wir einen Burnout. But too little stress and you can start to give up on everything. Mit zu wenig Stress aber ist es so, dass uns alles egal wird. Because you don't mobilize into the situation. Weil wir uns nicht aktiv in die Situation hineinbegeben. Anxiety is an indication something is wrong. Furcht weist darauf hin, dass irgendwas nicht stimmt. But as with all mental formations, it can take on a life of its own. Alle geistige Gestaltung aber kann ein Eigenleben entwickeln. It can be the mental equivalent of tinnitus. Das kann zum Beispiel der geistige Äquivalent zu Tinnitus werden. When people have tinnitus, they hear sounds running in their head, in their ear, which can have a whole range of sounds, like shushing sounds and clicking and so on. Wenn Leute unter Tinnitus leiden, dann hören sie die unterschiedlichsten Geräusche in ihren Ohren. Das kann Rauschen sein, das kann Klicken sein, alle möglichen Arten von Geräuschen. There are different ideas about the cause of this. Und es gibt unterschiedliche Vorstellungen, woher das kommt. But one, I think, quite clear explanation is that these very fine hair-like tissues which move to the vibrations that are coming in through the ear. Eine sehr plausible Erklärung ist die, dass diese Gewebeschichten, die mit Haaren besetzt sind, die in Vibration versetzt werden von den Schwingungen, die in die Ohren kommen. They get tired of dancing to other people's tunes. Einfach ermüden, nach der Pfeife anderer Leute zu tanzen. And so they get together and start vibrating by themselves. Und dann schließen sich diese Härchen zusammen und tanzen nach ihrem eigenen Sound So you oder have this Muster. internally generated sound. Dadurch entsteht dieser innerlich erzeugte Klang. Well, similarly with anxiety, you can have anxiety because if you're a small baby, your mom hasn't cleaned your nappy quickly enough and you're getting cold and it's a bit raw. Man kann zum Beispiel Furcht entwickeln, also mit Furcht ist es das Ähnliche. Man kann Furcht entwickeln zum Beispiel als Baby, wenn man die Windeln voll gemacht hat und die Mutter das nicht schnell genug sauber macht, dass man anfängt zu frieren und dass sich das rau anfühlt. And then when you go to school, you can get anxious because your best friend doesn't want to play with you anymore. Oder wenn man zur Schule geht, kann man Ängste entwickeln, weil unser allerbester Freund keine Lust mehr hat, mit uns zu spielen. Get anxious because there's some subject that you're not very good at. Oder man hat ein Schulfach, in dem man nicht besonders gut ist. So these are normal anxious reactions to situations. Das sind gewöhnliche, furchtsame Reaktionen bezüglich bestimmter Situationen. They have a, if you like, a rational basis, Sie haben, wenn man so möchte, eine rationale Grundlage. and we can learn to manage them better. Und wir können lernen, wie wir besser damit umgehen. We start to have some more confidence that we'll get through it, it'll be okay. Und wir entwickeln mit der Zeit mehr Vertrauen da rein, dass wir das irgendwie schaffen, dass wir damit umgehen können. But the particular movement of anxiety, which is the rising of adrenaline, which feeds the cortisol level in the brain and so on, can become an automatic function. Aber dieses Entstehen von Erregung, weil Adrenalin ausgeschüttet wird, das Cortisol-Level ansteigt, kann sich auf eine gewisse Weise verselbstständigen. And then you can end up having panic attacks, Und am Ende davon stehen zum Beispiel Panikattacken, where there's a fear that I'm going to fall down, I'm going to go unconscious, I can't manage, I can't cope. Zum Beispiel die Furcht, oh, vielleicht stürze ich, weil ich bewusstlos werde und dann habe ich keine Kontrolle mehr, damit kann ich nicht umgehen. So there is an arousal cycle which is taking on a life of its own. Das heißt, da entsteht ein Erregungszyklus, der
selber sozusagen sich selbst am Leben erhält. We act as if there was a danger, and once you become aroused in terms of the danger which you have imagined, you start to feel the real biochemical shift of responding to a danger, and it just escalates. Das heißt, dieser Zyklus agiert sowieso, als wäre da eine Gefahr, selbst wenn da keine ist. Und wenn dann eine Gefahr ist, dann erleben wir diese biochemische Reaktion und die Auswirkungen davon, sodass sich das wirklich verfestigt und dass wir wirklich in so einen Zyklus hineingeraten. It's very helpful then to explore situations where you don't know what's going to happen. Darum ist es da sehr günstig, Situationen zu erforschen, wo man keine Ahnung hat, was da passiert, was dabei rauskommen wird. But do it in a safe holding environment. Aber in einem sicheren Umfeld das zu erforschen. For example, doing contact improvisation. Zum Beispiel Kontaktimprovisation zu machen, In which you open yourself to finding a way of moving together with other people. wo man sich dafür öffnet, für sich selbst einen Bewegungsweg, der Art, sich zu bewegen, zu finden mit anderen Leuten zusammen. There's no choreography. Da gibt es keine feste Choreografie. You can't know in advance how other people are going to be Man moving. kann vorher nicht wissen, wie die anderen sich bewegen werden. So you're then, it brings you again to this tilting point. Das bringt uns wieder an diesen Kipppunkt. Do I go into my anxious place and think, well, I don't know what to do, so I can't do anything? Dahin, dass ich entweder auf die Seite gehe, wo ich wieder merke, ich gehe in meine Befürchtung oder habe das Gefühl, ich weiß nicht, was ich tun soll und dann will ich lieber gar nichts machen. Or we tilt out and we look at how the movement is occurring. Oder es kippt in die andere Richtung nach außen und wir betrachten, wie diese Bewegungen auftauchen, in Erscheinung treten. Not judging it, not fearfully reacting to it, Ohne sie zu bewerten, ohne furchtsam darauf zu reagieren not thinking, oh, they can do that, but I couldn't. und ohne zu denken, ach, die können das, aber ich könnte das gar nicht. But with an open perception, we allow the movement to touch us. Sondern mit einer offenen Wahrnehmung gestatten wir, dass diese Bewegung uns berühren dürfen. And then we can find ourselves moving. Und wir entdecken dann, dass wir uns selber bewegen. Because we're not interrupting the circle of participation. Weil wir einfach diesen Zyklus des Teilnehmens nicht unterbrechen. Because although anxiety is an arousal, Weil ja obwohl Furcht eine Erregung ist, it's also a circuit breaker. ist es auch etwas, was einen Kurzschluss verursachen kann. So the circuit is our connectivity with the world. Der Kreislauf ist unsere Verbundenheit mit der Welt. If we receive the optimal information of what's happening, then we find a way to come into it. Und wenn wir da in diesem Kreislauf die optimale Information bezüglich dessen, was sich abspielt, bekommen, dann finden wir natürliche Wege, damit in Kontakt zu treten. All that's required is that we are what we are, which is part of the world. Es ist dazu nichts weiter nötig, als das zu sein, was wir sowieso sind, nämlich Teil der Welt. But when we go inside ourselves, into our private world, Wenn wir aber uns selbst, in unsere private Welt zurückziehen, then experiences can become over intense because it's all about me. können Erlebnisse übermäßig intensiv werden, weil es immer nur um mich geht. So one of the things we need to do is to make friends with ourselves. Darum ist es wichtig, eine wichtige Sache, dass wir uns mit uns selber anfreunden. Be more tolerant of the various kinds of experiences we can have. Und mehr Toleranz entwickeln gegenüber all den unterschiedlichen Erlebnissen, die wir so haben.
and to simply recognize them without either indulging them or judging them harshly. Und sie einfach als das zu erkennen, was sie sind, ohne sie zu fördern und auch ohne sie abzuurteilen. So, if you have a tendency to be a bit shy, Wenn man zum Beispiel dazu neigt, schüchtern zu sein, you just have to know, I'm a bit shy. muss man einfach nur wissen, ich bin ein bisschen schüchtern. My shyness is manifesting, and so I'm stepping back. Meine Schüchternheit drückt sich aus, also trete ich einen Schritt zurück. And the shyness is allowed to have its own size, Und diese Schüchternheit darf ihre eigene Größe haben. not to increase and dominate all one's social interaction, Die muss nicht so riesig werden, dass sie alle unsere sozialen Interaktionen unterbricht But oder not- dominiert. not to be denied, but to be included. Und muss genauso wenig verleugnet werden, sondern muss einfach nur integriert werden. The focus of Dzogchen is on wholeness. Bei Dzogchen ist die Ganzheit der Fokus. If it's the whole, it means every part of us has a place. Wenn es alles ist, dann bedeutet das, dass jeder Teil von uns seinen Platz hat. Sometimes people become very envious, or jealous, angry, or lazy, or self-destructive. Man wird vielleicht neidisch oder eifersüchtig, faul oder selbstzerstörerisch. With every pattern that we have, the Buddhist approach is the middle way. Bezüglich jedes Musters, was wir haben, ist der Ansatz im Buddhismus immer der mittlere Weg. Don't merge into it or identify with it as the totality of your being. Wir verschmelzen nicht damit oder identifizieren uns nicht darüber, als wäre das unser gesamtes Sein. And don't try to get free of it or destroy it or deny it and reject it. Wir versuchen auch nicht, uns davon zu befreien, es zu zerstören, zu verleugnen oder zurückzuweisen. Because when we have tendencies which we regard as negative, Weil die Tendenzen, die wir haben, von denen wir glauben, dass sie negativ sind, we're trying to expel part of ourselves, to get rid of it. versuchen wir sozusagen, uns einen Teil unserer selbst auszutreiben, um das loszuwerden. Without really having experienced what it is. Ohne jemals wirklich erfahren zu haben, was das tatsächlich ist. I'm afraid. Ich habe Angst. Oh, now I have fear. Jetzt habe ich Angst. Oh, what is fear? Was ist Angst? Notice my skin tension is changing, my posture's changing, my breathing is changing. Meine Hautanspannung oder Spannung ändert sich, meine oder meine Position verändert sich, mein Atem verändert sich. These are various movements which are occurring at the moment. Das sind verschiedene Bewegungen, die sich in dem Moment einstellen. And I'm still here. Und ich bin immer noch da. If I merge into it, then I'm just anxious, or I'm afraid, or I'm jealous. Wenn ich damit verschmelze, dann bin ich angespannt, dann habe ich Angst, dann bin ich eifersüchtig. But if we just relax that identification and allow anxiety or anger, whatever it is, to arise, Wenn wir aber diese Identifizierung auflösen oder sich entspannen lassen und Zorn oder Anspannung erlauben zu erscheinen, there's space for the movement of the mind. dann ist da Raum für die Bewegung des Geistes. And we realize this big wave comes up and then goes down again. Und dann erkennen wir, dass diese große Welle hochschwappt und wieder abebbt. And it doesn't define who we are. Und nicht definiert, wer wir sind. It doesn't remain. Und sie bleibt nicht. But if we develop a story about it, oh, I'm very anxious, or I'm very angry, I've got a real problem, I need to deal with it. Wenn wir aber eine ganze Geschichte darum herum entwickeln, ah ja, ich bin angespannt oder ich bin zornig, ich habe hier ein Problem und damit muss ich irgendwas machen. I don't like to be like that. Ich möchte so nicht sein. So that would indicate
I need to stop being like that. Das bedeutet ja, dass ich aufhören muss, so zu sein. So if you focus on the object, you need to stop having that object. Wenn man also sich auf das fokussiert als Objekt, dann muss man aufhören, dieses Objekt zu haben. But if you just stay as the subject, what is this? Wenn man aber als Subjekt einfach bleibt und schaut, was ist das? It's something which arises and passes. Ist das etwas, was in Erscheinung tritt und auch wieder vergeht? So instead of you having to get rid of this tendency, Statt also diese Gewohnheit loszuwerden zu müssen, you start to trust the Buddha's teaching that everything is impermanent. vertraut man der Lehre des Buddha, die sagt, alles ist vergänglich. That was a horrible moment, Das war ein schrecklicher Moment. and it's gone. Und er ist vorbei. Oh, Ah, from time to time I have horrible moments, immer wieder mal habe ich schreckliche Momente. and I'm still here. Und ich bin immer noch da. What makes it worse is when I condemn myself and think, oh, idiot, why do you do that? God, you never learn. Was es schlimmer macht, ist, wenn ich mich selbst verurteile und verdamme und sage, oh Gott, Idiotin, warum kommst du damit nicht klar? Ich lerne nie. Because then what you're doing is you're merging the energy of the mind, which is arising as a pattern formation, with the openness of the mind. Was man dann macht, ist, dass man diese Energie des Geistes, die sich in einem bestimmten Muster ausdrückt, mit der Offenheit des Geistes verschmelzen lässt. Today the clouds are filling the sky. Heute ist der Himmel bedeckt, sagen wir auf Deutsch, erfüllen die Wolken den Himmel. Yesterday there was more sunshine. Gestern war mehr Sonnenschein. We remember the blue sky. Wir erinnern uns an den blauen Himmel. Yesterday the sky was blue. Gestern war der Himmel blau. Maybe tomorrow the sky will be blue. Vielleicht wird er morgen blau sein. The fact that it's grey today doesn't mean it will always stay grey. Dass er heute grau ist, bedeutet nicht, dass er immer grau bleiben wird. So that's exactly what happens in ourselves. We get into a mood, and by fixating on it, by merging into it, it is as if that is an X-ray of our soul. This is a disclosure of who we really are. Das passiert uns aber. Wir sind in einer bestimmten Art von Stimmung und in diese Stimmung fixieren wir in uns. Wir verschmelzen mit dieser Stimmung und dann fühlt es sich so an, als ob diese Stimmung wie so eine Röntgenaufnahme unser Innerstes endlich mal zeigt. Oh. From the Buddhist point of view, suffering arises from ignorance and attachment. Von dem buddhistischen Standpunkt aus betrachtet entsteht Leiden durch Unwissenheit und Anhaftung. Attachment is exactly that. Attachment, it's not like I'm attached to my glasses because they're useful to me. Das genau versteht man unter Anhaftung. Nicht, dass ich sage, ich habe Anhaftung an meine Brille, weil die so nützlich ist für mich. In that level of attachment is quite easy Diese Ebene der Anhaftung ist relativ leicht zu handhaben. because there is an object and a subject and they seem to be apart but they get linked together. Denn da gibt es ein Objekt, ein Subjekt, die scheinen getrennt voneinander zu sein und die gehen eine Verbindung ein, eine Beziehung. Attachment really means a kind of identification. Anhaftung bedeutet wirklich Identifizierung. So we might make some mistake, Wir machen vielleicht einen Fehler. and if we're very sensitive, we feel embarrassed. Und wenn wir da sehr empfindlich sind, dann beschämt uns das. We become sure that everybody saw what we did. Dann sind wir sicher, dass das jeder mitgekriegt hat, was wir gemacht haben. They all think I'm an idiot. Die denken alle, ich bin ein Idiot. I don't want to go back into work tomorrow because they're all going to be looking at me. Ich möchte morgen lieber nicht zur Arbeit gehen, weil die mich alle anstarren werden. That kind of horror story arises because we are identifying with the thoughts which are arising. Diese Horrorgeschichten entstehen, weil wir uns mit den Gedanken, die in Erscheinung treten, identifizieren. My thoughts like to kick the shit out of me. Meine Gedanken machen mir es gerne richtig schwer.
So, where do thoughts come from? Woher kommen diese Gedanken? They come from the mind. Sie kommen aus dem Geist. It's not good in family systems where the children are the boss. In Familiensystemen, wo die Kinder der Chef sind, ist es nicht gut. The parents are the parents. Die Eltern sind die Eltern. They are in charge of what shoes you buy, what food you eat, and when you go to bed. Sie müssen bestimmen, welche Schuhe du kaufst, welches Essen du isst und wann du ins Bett gehst. When the child is the king, this is psychopathology in the family. Wenn das Kind zum König wird, dann ist das in der Familie, führt das zu Psychopathentum. Of course, there is a place for children, Klar gibt es einen Platz für Kinder. and they're welcome in their place, Und an ihrem Platz sind sie willkommen, but not the king's. aber nicht als Könige. This is a metaphor. Das ist eine Metapher. For what? Wofür? For the mind. Für den Geist. Funnily enough. Surprisingly. Sehr überraschend. Thoughts are the children of the mind. Die Gedanken sind die Kinder des Geistes. There is a place for children, Es gibt einen Platz für die Kinder. but they are not the queen or the king. Sie sind aber nicht Königin oder König. So when your thoughts are beating you up, Wenn also unsere Gedanken uns zusammenschlagen, what's going on here? was Little passiert? thought, where did you come from? Kleiner Gedanke, wo bist du hergekommen? The mind is chief. Der Geist ist der Chef, der Häuptling. Many different Buddhist books express this in different ways, but they say the mind is the king, the mind is the queen, the mind is the ruler, the mind is the one that does everything. Viele buddhistische Schriften sagen das in verschiedenen Arten und Weisen. Der Geist ist der König, der Regent, der Chef, der Häuptling. So when thoughts, feelings and sensations and memories seem to catch us and squeeze us and burn us and grind us and make us feel small and stupid, something is wrong. Wenn also Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Erinnerungen uns einfangen, uns zermalmen regelrecht, uns zusammenpressen und uns klein fühlen lassen, dann stimmt da was nicht. We need family therapy. Wir brauchen Familientherapie dann. Thoughts, it's your bedtime. Gedanken, Zeit zum ins Bett gehen. Shh, no, not another word, into bed. Ruhig, kein weiteres Wort, ins Bett. Ah, the mind's very peaceful. Jetzt ist ganz friedlich der Geist. It's like that. So ist es. When thoughts have grabbed control and are driving you very fast into the wall, something is wrong. Wenn unsere Gedanken die Kontrolle übernommen haben und uns mit rasender Geschwindigkeit gegen eine Wand fahren, dann stimmt was nicht. And this is all we really mean by anxiety, panic attacks, depression and so on. Das ist das, was wir meinen mit Anspannung, mit Panikattacken, mit Depression. That the content of the mind, which is arising from the mind, appears to be dominating the mind and telling us what the mind is. Dass eben der Inhalt des Geistes, das, was aus dem Geist heraus in Erscheinung tritt, den Geist zu dominieren, zu beherrschen beginnt und uns zu erzählen beginnt, was der Geist ist. So I'll go through the rest of this section on the Guru quite briefly, just to summarize it. Ich gehe durch diesen Rest des Teils mit dem Guru sehr schnell durch, wie eine Art Zusammenfassung, Because it's self-evident, I think. weil es eigentlich sich selbst erklärt. And it relates exactly to what we've been talking about. Und es bezieht sich exakt auf das, worüber wir hier gesprochen haben. The first point of serving the Guru is to always believe whatever your Guru does is good. Der erste Punkt, wie man dem Guru zu Diensten sein kann, ist erstens, du musst stets glauben, dass alles, was dein Guru tut, gut ist. This means when we get into the judging position and we're finding the faults in others, particularly in a teacher, we need to think. Am I omniscient? Am I omnipotent?
Das bedeutet einfach nur, dass wenn wir in die Situation kommen, dass wir anfangen zu beurteilen und vor allen Dingen bei den anderen all ihre Fehler sehen und hier eben als Beispiel in unserem Lehrer sehen, dass es dann notwendig ist, mal kurz innezuhalten und nachzudenken und sich zu fragen, bin ich allwissend, bin ich omnipotent? And omniscient. Ja, habe ich Ja. gesagt als erstes. So, I don't like what the teacher does. Ich mag nicht, mir gefällt nicht, was der Lehrer, die Lehrerin tun. Therefore, what the teacher does is wrong. Darum muss das, was der Lehrer, Lehrerin tun, falsch sein. Maybe, maybe not. Vielleicht, vielleicht nicht. Maybe you don't know why that's occurring. Vielleicht weiß ich auch gar nicht, warum das sich so anstellt. But according to my interpretive matrix, it is bad. Gemäß meiner interpretativen Matrix ist das schlecht. I'm going to the Dharma to get out of my limitations. Ich gehe ja mit dem Dharma, um meine Begrenzung zu überwinden, But I'm going to use my limitations to evaluate the Dharma. benutze aber meine Einschränkungen, um den Dharma zu bewerten. Bit of a problem. Das ist irgendwie problematisch. But maybe this person is not good. Vielleicht ist aber diese Person wirklich nicht gut. First of all, look. Zunächst hinschauen. Speedy judgment is not helpful. Schnelle Urteile helfen nicht. Of course, there are some people who get set up as teachers who are exploitative and so on. You need to keep your eyes open. Natürlich gibt es auch Leute, die als Lehrer eingesetzt werden, die ausbeuterisch sind und so weiter. Man muss schon seine Augen offen halten. But if we can just think, I don't know why this happens. Wenn man dann aber denken kann nur, ich habe keine Ahnung, warum das geschieht. This is a big world and I understand very little. Dieses ist eine große Welt und ich verstehe nur wenig. That's quite a helpful position. Ist das eine sehr hilfreiche Position? In the Bible it says it's easier to get a camel through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven. In der Bibel steht, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. It's not because of the money. Nicht wegen des Geldes. It's because rich people, especially in traditional cultures, are very powerful. Sondern vielmehr, weil vor allem in traditionellen Kulturen reiche Leute sehr mächtig sind. They do what they like, nobody contradicts them. Sie tun, was ihnen passt und niemand widerspricht ihnen. And so they're trapped. Darum sind sie gefangen. If you're always the big man, Wenn man immer der King ist, this is very unnatural. ist das sehr unnatürlich. How can you become small again? Wie kann man dann wieder klein werden? So part of the function of believing in the virtue of others is that you allow yourself to not know. Ein Teil dieser Funktion, an die Tugendhaftigkeit anderer zu glauben, ist, dass man erkennt, dass man es nicht weiß, nicht einschätzen kann letztlich. Second point is to be able to give him whatever you have. Der zweite Punkt ist, ihm alles zu geben, was man hat, dem Guru oder der Guru. This was traditional. I mean, Jesus says the same to the fisherman. He says, lay down your nets and come with me and I will make you fisher of men. Das ist traditionell, ein traditionelles Bild. Auch Jesus sagt das zu den Fischern. Er sagt, legt eure Netze nieder und kommt mit mir. Ich mache euch zu Menschenfischern. Giving up everything for someone else is a noble sacrifice. Alles aufzugeben für jemand anders ist ein edles Opfer. But what does it really mean? Was bedeutet das aber tatsächlich? It means what are the habits and the substances and the behaviors which confirm and maintain my habitual sense of self. Das bedeutet alle die Gewohnheiten, die Substanzen, die Arten des Verhaltens, die mich meiner selbst als ich vergewissern, meiner gewohnheitsmäßigen Vorstellung von mir selbst vergewissern. We give this to the teacher.
Dies gebe ich dem Lehrer, der Lehrerin. So you can have this. Du kannst das haben. You can have my memories of my childhood. Du kannst die Erinnerungen an meine Kindheit haben. You can have my technical competence. Du kannst meine technische Fähigkeit haben. Because I use these things to make a sealant around me. Denn ich benutze das, um mich zu versiegeln. So I want to open. Ich möchte mich aber öffnen. I'm going to let go of that. Darum lasse ich das los. Anyway, when we die, it's all gone. Denn sowieso, wenn wir sterben, ist das eh weg. So you can give it away or you wait for death to take it. Jetzt kann man es entweder weggeben oder man kann auf den Tod warten, damit es It's dann going to weg go ist. away. But I need these qualities in order to be me. Ich brauche diese Qualitäten aber, damit ich bin. But part of the reason we suffer in samsara is because we insist on the fact that I am me. Aber ein Teil des Leidens in Samsara ist ja oder basiert ja darauf, dass wir darauf bestehen, dass ich bin. So offering one's qualities, you don't have to actually do it, but you have to do it. When I say you don't actually have to actually do it, I mean in a substantial way. You don't need to give your old shoes to the teacher. Seine Qualitäten also herzugeben. Und das bedeutet nicht unbedingt im substanziellen Sinne, dass ich dem Lehrer, der Lehrerin meine alten Schuhe anvertraue. But if I'm giving you all that constitutes me, I start to see I'm not my constituents. Wenn ich dir aber alles gebe, was mich ausmacht, dann stelle ich fest, dass ich nicht das bin, was mich ausmacht. Due to causes and conditions, I have this particular shape in this world at this time. Wegen Ursachen und Bedingungen habe ich diese spezifische Form in dieser Welt, in dieser Zeit. So we give our happiness, we give our confidence, we give our skill. Wenn wir also unser Glück geben, unser Glücksempfinden geben, unsere Gewissheit, unsere Fähigkeiten, We will be naked and empty. werden wir nackt und leer sein. The founding Buddha of the lineage, Consumerism, is naked and empty. Wie der Begründer dieser Linie, der Buddha Chetsangpa, der nackt und leer ist. The other Buddhas, they have like headdresses with jewelry and bracelets and so on, but Consumerism is naked. Die anderen Buddhas sind halt mit bestimmten Frisuren angetan, mit Schmuck, mit Kleidung, aber Chetsangpa ist nackt. No ornamentation. Kein Schmuck. So this idea of giving everything to the Guru is the same. In the meditation, we let go. We let the thoughts come and go. We don't grab them and say, I like this one, this would be good, and get away with horrible thought. Und das heißt, wir geben einfach alles weg. Das ist genauso wie in der Meditation, wo wir alle Qualitäten einfach loslassen und nicht an irgendwelchen Gedanken festhalten, weil wir denken, die sind gut, und Gedanken wegschubsen, wo wir denken, nein, das ist ein doofer oder schlechter Gedanke, das wollen wir nicht. To be able to do whatever he orders is also linked to always believe whatever he says is true. Und in der Lage zu sein, was immer der Guru aufträgt, auch zu tun, ist auch damit verbunden, in der Lage zu sein, verbunden, dass man glaubt, dass alles, was der Guru sagt oder die Guru sagt, wahr ist. It could be that in life we have made some bad decisions Es könnte sein, dass wir im Leben schlechte Entscheidungen getroffen haben, because we thought we knew best. weil wir dachten, wir wissen es am besten. So, generally speaking, Buddhist teachers are not going to ask you to do anything mad or bad. Im Allgemeinen fragen oder bitten uns buddhistische Lehrerinnen und Lehrer nicht darum, irgendwas Schlechtes oder Verrücktes zu tun. They might say, oh, you should do some prostrations. Vielleicht sagen sie, ja, du solltest Niederwerfung ausführen. But then you have to know what kind of teacher this is. Das bedeutet aber, man muss wissen, was für eine Art Lehrer oder Lehrerin das ist. Do they work in Dharma McDonald's? Arbeiten sie beim Dharma McDonald Big Mac and chips? mit Big Mac und Pommes? This is the Nundro. Das ist das Nendro. This is what we're cooking, so you better eat it. Das ist das, was wir kochen, also ist es gefährlichst.
If it's like that, then you have to have some thought. Do I need to do it? Wenn es so sich gestaltet, dann muss man überlegen, ist das nötig für mich? Brauche ich das so? The issue is to try to look along the line of sight of the teacher. Der Punkt, oder es geht darum, wirklich die Seite des Lehrers genau zu Which is the same in therapy. If the patient can look along the track of the gaze of the therapist, they learn something new. Das ist genau das Gleiche. Achso, man muss dem Blick des Lehrers folgen, das war der Satz. Genau wie in der Therapie, wenn der Patient dazu in der Lage ist, der Blickrichtung des Therapeuten zu folgen. I might say to a patient, you have to tell your mother to fuck off. Ich könnte vielleicht oder zu einem Patientin sagen, du musst deiner Mutter sagen, dass sie endlich abhauen. I couldn't tell my mother to fuck off. Und dann sagt er, ich kann das aber doch nicht zu meiner Mutter sagen, dass sie abhauen soll. Well, that's the reason you come here and see me every week and pay me money. Dann sage ich, ja, das ist der Grund, warum du jede Woche hierher kommst und mir Geld bezahlst. Instead of wasting your money coming to see me, you could save up for a holiday, you could go to a nice restaurant, you could get a lovely new dress. Statt halt dein Geld jede Woche hierher zu mir zu schleppen, könntest du das für einen Urlaub sparen oder zu ein tolles Restaurant gehen, dir ein tolles Kleid kaufen. The cheap and cheerful path to freedom is just tell your mother to fuck off. Der günstige und frohe Pfad zur Freiheit ist, deiner Mutter zu sagen, dass sie abhauen soll. And when the patient gets the courage to say, stop bossing me, I'm 30 years of age. Wenn dann der Patient, die Patientin diesen Mut kriegt, der Mutter zu sagen, hör jetzt auf, über mich zu bestimmen, ich bin 30. They find that the mother is changed. Erkennen sie oder ja, ergibt es sich, dass die Mutter sich verändert. This bossy, bullying mother is now shrunk. Diese übermächtige, aggressive Mutter schrumpft. Because this was a drama of role differentiation. Denn das war ein Spiel oder von Unterscheidung der Rollen. But when we sit inside our fear, we think, I couldn't do that, I couldn't do that. Solange wir aber bei unserer Furcht bleiben, oh, das könnte ich nicht, niemals. We can only come to do it if we trust that someone else is really on our side. Können wir nur dahin kommen, uns das zuzutrauen, das zu machen, wenn wir das Gefühl haben, jemand ist auf unserer Seite. So this is what it means. Und das bedeutet das hier. That we don't see the whole of ourselves. Wir sehen uns nicht vollständig. And then it goes into a description of visualization of the teacher and receiving the 4 initiations in the form of light through the forehead and the throat and the heart. Dann geht es hier weiter mit der Visualisation des Lehrers, der Lehrerin und des Erhaltes dieser Ermächtigung in Form von Licht an Stirn, Kehle, Herz. This is a tantric method, and in general, if you want to practice this, you should get an initiation from a teacher. Das ist eine tantrische Methode und wenn man das wirklich praktizieren will, braucht man eine Einweihung, eine Initiation von einem Lehrer, einer Lehrerin. All the schools of Tibetan Buddhism use the same method in the tantric 4 initiations. Alle tibetisch-buddhistischen Schulen benutzen die gleiche Methode dieser 4 Initiationen. Because this is the important one. It highlights the importance of idealization. Hier wird besonders hervorgehoben die Wichtigkeit eines Ideals. I am very small, you are very big. Ich bin sehr klein, du bist sehr groß. Because you are very big, you can help me. Weil du so groß bist, kannst du mir helfen. Your bigness is not shrinking me. Deine Größe macht mich nicht kleiner. Your bigness is on my side Deine Größe ist auf meiner Seite and will help me. und wird mir helfen. So this is the beneficent, the healthy approach to idealization of the teacher. Das ist der gesunde, nützliche Ansatz in Bezug auf das Ideal des Lehrers, der Lehrerin. That's the first part. Der erste Teil ist das. The second part is that we then recite some mantra or say some prayer with the visualization of the teacher, and
imagine rays of light coming out of their body into our body. Der zweite Teil besteht darin, dass wir Mantra sprechen, bestimmte Gebete sprechen, dieser visualisierte Lehrer, Lehrerin Licht ausstrahlt, das dann in unseren Körper eintritt. So that our body is full of light. Und dadurch füllt sich unser Körper mit Licht. And then their body of light comes to the top of our head. Dann begibt sich ihr Lichtkörper über unseren Kopf And dissolves down into a ball of light. und löst sich auf in einen Lichtball And comes into our heart. und tritt in unser Herz ein. And then our body, which is now nothing but light, dissolves into that ball. Und dann löst sich unser Körper, der ja auch jetzt nichts weiter ist als Licht, in diesen Lichtball auf. So the light of the teacher and the student are now merged in one ball. Das bedeutet, dass das Licht des Geistes von Schülerinnen und Lehrerinnen in einer Sphäre gemeinsam vereint sind. And we are that ball of light. Und wir sind diese Lichtsphäre, dieser So Lichtraum. there is nothing else in existence but one small ball of light. Es gibt nichts es existiert nichts als ein kleines Lichtbällchen, eine We're not Lichtsphäre. in our usual body imagining this. We've gone right into the imagination. This is all there is, one ball of light. Wir gehen, egal ob wenn wir in unserem gewöhnlichen Körper hier sitzen, gehen wir direkt in diese Vorstellung von diesem Lichtball. Which then gets smaller and smaller and smaller till it's a tiny point, Der immer kleiner wird, solange bis er ein winziger Punkt ist and then it dissolves. und sich dann auflöst. Now there is nothing. Jetzt ist nichts da. We sit relaxed in that infinite nothing, Wir sitzen entspannt in diesem unendlichen Nichts. and then gradually thoughts, feelings, sensations, sounds start to arise. Und langsam beginnen Gedanken, Empfindungen, Gefühle, Klänge wieder in Erscheinung zu treten. If we've really gone into this unlimited, unbounded nothingness, Wenn wir uns wirklich in diese völlig grenzenlose, dieses grenzenlose Nichts hineinbegeben haben, then there is nothing else. dann gibt es nichts außerdem. It's not like in the next valley there is a samsara factory which is closed for Sunday. Das ist dann nicht so, als ob im nächsten Teil eine Samsara-Fabrik ist, die dann was Neues, was produziert. And when you come out of the meditation, the factory starts again and pumps all this shit into your head. Und wenn der Meditationssonntag vorbei ist, fängt die Fabrik wieder an zu produzieren und schmeißt ihren ganzen Dreck in die Luft und Nothing, and then something. nichts und dann etwas. The something of nothing. Das Etwas von nichts. Like the Heart Sutra, form and emptiness. Emptiness is form. Feeling is emptiness. Emptiness is feeling. Wie in der Herzsutra, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form, Empfindung ist Leerheit, Leerheit ist Empfindung. And so gradually we become aware everything is manifesting out of emptiness. So erkennen wir, dass sich alles aus der Leere heraus manifestiert. Everything is the mandala of all the Buddhas. Alles ist das Mandala aller Buddhas. So the function of idealizing the teacher is to allow enough longing and identification and hope to gather all of you into, please save me, please save me. Das heißt, diese Methode, den Lehrer, Lehrerin zu idealisieren, erlaubt oder gestattet, dass genügend Sehnsucht und genügend Identifikation damit und genügend Hoffnung entsteht, dass wirklich dieses Empfinden in uns vollständig wird, bitte rette mich. Without that, how is it going to work? Wie soll das ohne dieses funktionieren? There'll be nobody strong enough to save us. Es wäre ja niemand da, der stark genug wäre, uns zu retten. The teacher gives us the nothing, which is liberation. Der Lehrer, die Lehrerin geben uns das Nichts, was Befreiung ist. There's lots of people who give us something. Viele geben uns etwas. You could go out on the street and bum a cigarette off someone. Man kann auf die Straße gehen und sich von irgendwo eine Zigarette schnorren. Get a couple of euros to buy a can of beer.
Oder irgendwie ein paar Euro zusammenkriegen, um ein Bier zu kaufen. It's not so difficult to get something from someone. So schwierig ist es nicht, von irgendwem irgendwas zu bekommen. But to find someone who you, through your own meditation practice, can become the basis of giving you nothing, that's much more rare and precious. Aber es ist viel seltener und besonders kostbar, auf jemanden zu treffen, der uns durch unsere eigene Meditation den Urgrund dessen gibt, dass sich das Nichts entfalten kann. Because salvation or liberation or awakening is not a matter of theory. Denn Rettung oder Befreiung ist nicht eine Frage von Theorie. It's not a matter of having better quality ideas in your head. Da geht es nicht darum, qualitativ bessere Vorstellungen im Kopf zu haben, It is an experience. sondern es ist ein Erlebnis. We have to enter into the experience. Wir müssen in dieses Erlebnis eintreten. So the experience involves emotion. Und dieses Erleben ist mit Emotionen verbunden. And the emotions which in ordinary life might make you feel small and stupid and worthless, Diese Emotionen, die uns in unserem gewöhnlichen Leben uns klein vorkommen lassen, dumm und wertlos, are being gathered together and turned into the fuel for devotion. werden gesammelt und damit zum Brennstoff für Hingabe. I can't make it on my own. Ich kann es alleine nicht schaffen. I need you. Ich brauche dich. You have to help Du me. musst mir helfen. When you feel desperation, that activates a total commitment. Diese Verzweiflung zu führen, aktiviert wirklich eine echte Entscheidung dafür, eine echte Hingabe dazu. And this opens the heart. Und das öffnet das Herz. Opening the heart means dropping our defensiveness. Das Herz zu öffnen bedeutet, unsere Verteidigungsmechanismen fallen zu lassen. If you've been lucky enough to be around newborn babies, you see this amazing look that comes in their eyes. Wenn man schon mit neugeborenen Babys zu tun hatte, dann erinnert man sich an diesen unglaublichen, erstaunlichen Blick in ihren Augen. Infinite trust. Unendliches Vertrauen. They have no defense. Keine Verteidigung. So this is how we want to be, like a small baby. So wollen wir sein, wie ein kleines Baby. And then with the visualization, that allows us really to fully imagine that is happening. Und dann gestattet uns diese echte Visualisation wirklich zu spüren, dass das wirklich geschieht. As we were looking particularly last night, everything in this world is our imagination. Wie wir ja gestern Abend betrachtet haben, ist alles in dieser Welt unsere Vorstellung. When you learn a language like German, you enter into a particular imaginal field. Wenn man eine Sprache lernt, wie zum Beispiel Deutsch, dann betritt man ein Feld bestimmter Vorstellungen, in which the semiotic web is tilted in a particular modality that brings together narrative about the world. und die Fügungen von Sätzen und von Worten zu Sätzen bringt einfach mit sich eine bestimmte Art des Geschichtenbauens über die Welt. This is the limiting power of imagination. Das ist die einschränkende Kraft von Vorstellung. We're imagining, but we believe that we're seeing the truth. Wir stellen uns was vor, glauben aber die Wahrheit zu sehen. We project our imagination onto the world, but take it as a true account of what is there. Wir projizieren unsere Vorstellungen in die Welt hinein und betrachten das dann als einen Bericht, einen glaubhaften Bericht dessen, was da ist. So in this practice of Guru Yoga, whether it's done in tantric form or a Dzogchen approach, we're using imagination of the pure forms of the deity to liberate or deconstruct the solidity of reified imagination. Das heißt, im Guru-Yoga, egal ob in der tantrischen Form oder der Dzogchen-Weise, benutzen wir unsere Vorstellungskraft in Bezug auf diese großartige Reinheit oder völlige Reinheit dieser
Gottheit dazu, um uns zu befreien von dieser Vorstellung oder von diesem Empfinden, dass wie wir sind und was wir erleben, solide und fest gefügt ist in seiner Art. So, faith is very important. Darum ist Glauben wichtig. Because faith allows us to hold on to the rope of Dharma in the midst of this stormy sea of our confusions, our karmic attributions and so on. Das heißt, dieser Glaube erlaubt uns in diesem stürmischen See von Verwirrungen, von karmischen Entwicklungen wirklich immer einen Zipfel des Dharma festhalten zu können. So we transform grasping at the objects of the world, grasping at concepts, grasping at narrative, into grasping onto the Guru and the deities. Und das heißt, damit wandeln wir, festhalten und greifen nach den Objekten der Welt, nach den Konzepten, nach unseren Vorstellungen, Ideen, in das sich festhalten am Guru, an den Gottheiten. I really need these new trainers. Ich brauche wirklich unbedingt diese neuen Turnschuhe oder Sport. 3 of the boys at school have got them. 3 von den Jungs in der Schule haben die schon. If you give me these trainers, then I'll tidy my bedroom every day. Wenn du mir diese Sportschuhe schenkst, dann räume ich jeden Tag mein Zimmer auf. Because if I have these trainers and I go to school, people are going to think I'm cool. Denn wenn ich diese Sportschuhe trage und dann zur Schule gehe, denken die Leute, ich bin cool. These trainers are my salvation. Diese Sportschuhe sind meine Rettung. Children feel that. Das kann man fühlen. This object will give me what I need. Dieses Objekt wird mir das geben, was ich brauche. I need a bicycle. Ich brauche ein Fahrrad. I have to have a bicycle. Ich muss ein Fahrrad. Not that kind of bicycle, that's a horrible. No, this one. Nicht das ist schrecklich, aber dieses, das ist es. So, it's exactly this energy of grasping and fantasy idealization, which when you turn it towards the open, empty form of the Guru with the 3 kayas, becomes the path of liberation. Genau dieses Greifen verbunden mit diesen ganzen Fantasien öffnet sich sozusagen in der Fokussierung auf diese leere Form des Guru, ausgedrückt in den 3 Kayas. So we're using the path of poisons to transform itself into elixir. Das heißt, wir benutzen diesen Weg über die Gifte, das zu transformieren in Elixier. In Tibetan there is a word dutsi, which is the real full name is Dutsi Chumen, which means demon's essence, Dharma medicine. Im Tibetischen gibt es den Begriff Dutsi. Dutsi Chumen wird gesagt, das bedeutet die Essenz der Dämonen und die Dharma-Medizin. And this is often distributed at initiations. Bei Einweihung wird das oft verteilt. So, the Dharma medicine is made out of the essence of the demon. Die Dharma-Medizin wird aus der Essenz des Dämons hergestellt. This is a very radical kind of homeopathy. Sehr radikale Homöopathie. What is the essence of the demon? Was ist denn die Essenz des Dämons? It's attachment. Es ist Anhaftung. When you release attachment, what you release is energy. Wenn man Anhaftung loslässt, lässt man Energie frei. The Setzt man child, Energie frei. the child that won't do their homework really wants the bicycle. Wenn das Kind, das auch keinen Bock hat auf seine Hausaufgaben, will wirklich dieses Fahrrad. So this lazy little bugger who just eats a lot now is very, I have to have this. What will I do? Das ist also diese faule kleine, nee, tu nicht gut, der nur viel isst, hat viel Energie, um dieses Fahrrad zu wollen. So much life energy is trapped inside us. So viel Lebensenergie ist in uns gefangen. In the yoga system, it's trapped in this nadi nerve system because the prana, the free flow of the breath, is blocked, it's locked.
Im Yoga-System sagt man, dass die Energie in den Nadis feststellt, weil das Prana, der freie Fluss des Atems, blockiert ist. Because we return to our obsessive patterns again and again. Weil wir immer wieder zu unseren obsessiven Mustern zurückkehren. And so our life energy, trapped in these small units, is vibrating like putting your fingers on a flute. You get different notes as you trap the wind. Und so ist unsere Lebensenergie gefangen in diesen kleinen Einheiten so und vibriert jeweils in einem oder schwingt jeweils in einer bestimmten Art und Weise, so wie wenn wir bei einer Flöte bestimmte Löcher zuhalten, die Luftschwingung einen bestimmten Ton erzeugt. It is the somethingness of our existence which is the block. Dieses Etwas-Sein, dieses Ding-Sein unserer Existenz ist die Blockade. By dissolving the somethingnesses that we have and that we think we are, dadurch, dass wir diese Dinglichkeit, von denen wir glauben, dass wir die haben und dass wir die sind, auflösen, this trapped energy is free to move. kann sich diese vormals gefangene Energie frei bewegen. And then we start to trust our spontaneity, Dann beginnen wir unserer Spontanität zu vertrauen, our intuition. unserer Intuition. We can improvise. Wir können improvisieren. So we trust our participation in situations. Wir vertrauen unserer Teilhabe an der Situation oder an Situationen. We don't need to prepare in advance because we're here and we're part of it and it flows. Wir müssen nichts extra vorbereiten, weil wir hier sind, wir sind Teil des Gesamten und wir fließen den Fluss. So this is why faith is very important. Und darum ist Glaube wirklich wichtig. And tomorrow we go into the Dzogchen part of the text. Sorry. On you. I should look. And in this part we get a clear understanding of the nature of the mind and how to work with that in meditation. Morgen beschäftigen wir uns mit dem Dzogchen-Teil dieses Textes, wo wir eine klare Vorstellung von der Natur des Geistes bekommen oder vermittelt bekommen sollen und wie wir damit in der Meditation arbeiten. So when you go out into the world this evening, Wenn wir heute uns also in diese Welt hinaus begeben, in a very gentle and tender way, observe yourself. können wir ganz sanft und zart uns selbst betrachten. Not judging, but just observing. Nicht beurteilen, sondern einfach anschauen. What are the choices you make? Welche Wahl treffen wir zum Beispiel? What sort of situations do you avoid? Welche Situationen vermeiden wir? What are you drawn towards? Wo fühlen wir uns hingezogen? Because each of us has to find the topology of our lived existence. Jeder von uns muss diese Topographie unserer lebendigen Existenz oder gelebten Existenz The ideas we have about ourselves and the actuality of how we manifest may not be the same. Die Vorstellungen, die wir von uns haben und wie wir uns aber tatsächlich manifestieren, mögen nicht deckungsgleich sein. So the key thing is, without criticism, without harsh judgment, just to see, oh, this is what I do. Oh, this is how I speak to different people. I want to say something to that person because I like them, but I swallow my words. Das ist hier der Schlüssel, ohne Kritik und ohne Beurteilung einfach zu sehen, wie wir sind, wie wir die Dinge tun, zu festzustellen, so verhalte ich mich, so rede ich. So rede ich zum Beispiel mit dieser Person, die ich eigentlich mag. Ich möchte mit ihr reden, aber ich schlucke meine Worte runter. Okay, and we meet together at 10 o'clock. Um 10 Uhr treffen wir uns wieder morgen. And Kati will be going away, so we will have a new translator, Robert. So I would like to thank you very much. Thank you. It's been really special. Right. So, see you tomorrow. Bis morgen. Thank you. So, we have a new day and a new chance
Neuer Tag, neues Glück. And we're going to focus on the Dzogchen section in this short text by Chetsangpa. Wir werden uns auf den Dzogchen-Abschnitt in diesem kurzen Text von Chetsangpa konzentrieren. The central focus in Dzogchen is the absence of division. Der zentrale Fokus in Dzogchen ist die Abwesenheit von Unterteilungen. Dzogchen means complete, whole, entire. Denn Dzogchen drückt aus, dass etwas vollständig, ganz heil ist. Which indicates that the original situation or the unchanging ground within which we find ourselves has never been split into subject and object. Und das weist darauf hin, dass der ursprüngliche Grund, die ursprüngliche Basis oder die Situation, in der wir uns wiederfinden, ursprünglich niemals in Subjekt und Objekt unterteilt worden ist. Of course, that's not normally how we experience ourselves. Natürlich ist das nicht unsere normale Erfahrung unserer selbst. We have the sense of being inside our body, looking out through the senses. Wir haben eher das Empfinden, sozusagen uns innerhalb unseres Körpers zu befinden und durch unsere Sinne hinauszuschauen. And the world is full of things which are not me. Und die Welt ist voller Dinge, die nicht ich sind. First and foremost, you are not me. Zum Beispiel und zuallererst seid ihr natürlich nicht ich. I am me, and in my bag I have my passport to prove it. Und ich bin ich und in meiner Tasche habe ich sogar ein Pass, um das zu beweisen. Because I look in the passport and there is a photo of me. Und ich schaue in meinen Pass und da ist ein Passbild von mir. Doesn't look like you, so it must be me. Und das schaut nicht so aus wie ihr, also muss ich das wohl sein. This is what we take as a kind of basis of our existence. Und das nehmen wir als die Grundlage unserer Existenz. That we are separate beings. Nämlich, dass wir getrennte Wesen sind. And we can be defined in our separation by our particular patterning of qualities. Und dass wir in unserer Trennung durch die besondere Musterprägung unserer Qualitäten definiert werden können. We see that other people dress differently from us, eat different things from us, speak in different ways. Wir können erkennen, dass Menschen um uns herum sich anders kleiden als wir, sie essen andere Dinge als wir, sie sprechen anders als wir. And it appears that the basis of me being me is me. Und es scheint so, als ob die Grundlage dessen, ich selbst zu sein, ich selbst bin. I am me because I'm me. Ich bin ich, weil ich bin. So there is a kind of conceptual barrier that we live within. Da gibt es also eine Art begriffliche Barriere, innerhalb derer wir leben. A kind of definition or a kind of proposition which cannot be questioned. Es gibt ja eine Art Definition oder eine Proposition, die nicht in Frage gestellt werden kann. It's a bit like Bluebeard's castle, Das ist wie das Schloss vom Blaubart. where there is a room that the young wife should not go into. Und da gibt es ein Zimmer, das unter keinen Umständen von der jungen Ehefrau betreten werden darf. The husband says, "My dear, the castle is yours. Go wherever you want. Here are the keys, but one room you don't go." Der Mann sagt, meine Teure, das ganze Schloss gehört dir, hier sind die Schlüssel, du kannst gehen, wohin du willst, aber dieses eine Zimmer, das betrete nicht. Unfortunately, she goes into the room Unglücklicherweise geht sie aber gerade in dieses Zimmer and she meets her death. und dort trifft sie ihren Tod. Similarly, we have free access to the world. In der gleichen Weise haben wir auch freien Zugang zu der Welt. You can investigate whatever you like.
Wir können untersuchen, was immer wir möchten. You can be interested in football or astrology or Chinese cooking. Wir können uns für Rugby interessieren oder für Astrologie oder für chinesische Küche. But the closed room is me. Aber das verschlossene Zimmer, das bin ich. Who am I? I am me. Wer bin ich? Ich bin ich. Try to get a bit further in that. Maybe you go for psychoanalysis. Man könnte ja da ein bisschen weiter hineinsteigen. Vielleicht nimmt man Stunden bei einem Psychoanalytiker. Then you get a chance to tell a lot of stories about being me. Das gibt uns eine Chance, eine ganze Menge Geschichten darüber zu erzählen, was es heißt, ich selbst zu sein. I did this, I did that. Ich habe das gemacht, ich habe jenes getan. But the story simply thickens the door, thickens the walls around me. Aber diese Geschichte verfestigt nur die Tür und die Wände um dieses Ich. We are alive, Lebendig, sentient. empfindsam, empfindend. We have the vitality of being present, having experiences. Wir haben die Vitalität unserer Gegenwärtigkeit, unserer Erfahrungen. But we don't know quite what it is to be alive. Und doch wissen wir nicht so genau, was es eigentlich heißt, lebendig zu sein. You might think, oh, I feel very alive when I walk in the mountains or when I'm by the sea. Wir könnten vielleicht denken, ich fühle mich besonders lebendig, wenn ich in den Bergen unterwegs bin oder wenn ich am Strand bin. But the actuality of being alive, Aber die Tatsächlichkeit dessen, lebendig zu sein, here in this moment, in diesem genauen Moment hier, is difficult to grasp. ist wirklich schwer zu greifen. And our particular root capacity or skill is grasping. Aber das ist ja genau unsere besondere Befähigung, nämlich das Greifen, das Festhalten. So, what can we grasp about ourselves? Was können wir also über uns selbst sozusagen festhalten oder zu greifen bekommen? We can grasp many things about ourselves, Wir können viele Dinge über uns selbst festhalten, but we can't grasp ourselves. aber wir können nicht uns selbst festhalten. And so we don't really try, Und deswegen versuchen wir es auch gar nicht wirklich. because the paradigm or the modality of grasping illuminates many, many things. Denn dieses Paradigma oder die Modalität des Festhaltens, des Ergreifens beleuchtet viele, viele Dinge And is the functional basis for being able to elaborate stories about ourselves. und ist auch die funktionelle Basis dafür fähig zu sein, eine Menge Geschichten über sich selbst zu fabrizieren. But just ourself, our presence, our here-ness, grasping can't get any handle on that. Aber wir selbst, unsere Gegenwärtigkeit, unser Hiersein, Hierigkeit sozusagen, da hat das Greifen keine Macht, es in die Hände zu kriegen. This is the central point of inquiry in Dzogchen. Das aber ist genau der zentrale Punkt der Untersuchung im Dzogchen. To be present as our life. Nämlich in und als unser Leben gegenwärtig zu sein, To be present as our mind. als unser Geist gegenwärtig zu sein. Our mind reveals what is happening. Unser Geist enthüllt das, was geschieht. Does it reveal itself in the moment of revealing what is happening? Aber enthüllt es sich selbst oder enthüllt er sich selbst in dem Augenblick des Enthüllens dessen, was geschieht? So we look around the room, we see different people, shapes, we look out the window, we see how the weather is and so on. Wir schauen uns im Zimmer herum, wir sehen verschiedene Leute, verschiedene Formen. Wir schauen vielleicht aus dem Fenster, nehmen das Wetter zur Kenntnis. I don't know if it's true or not, but we believe that the table is not having the same kind of experience. James sagt, er weiß nicht, ob es wirklich wahr ist, aber jedenfalls sagen wir das, dass wir glauben, dass der Tisch vor ihm nicht dieselbe Art von Erfahrung hat. We believe you have to have a mind to know what's going on.
Wir glauben, dass wir einen Geist haben müssen, um überhaupt zu wissen, was vor sich geht. So here we are and we're having experience. Also sind wir hier und wir haben Erfahrungen. Can we experience the experiencer? Können wir aber den Erfahrer dieser Erfahrung erfahren? Usually we look for the experiencer as if it were another kind of experience. Für gewöhnlich schauen wir nach dem Erfahrer der Erfahrung, als ob er selbst eine andere Art von Erfahrung wäre. And that's why we're good at telling stories about ourselves. Und das ist der Grund dafür, warum wir so gut darin sind, Geschichten über uns selbst zu erzählen. If I ask you, what's your favorite place in the world? Wenn ich euch frage, was ist euer Lieblingsort in der Welt, We can all say something. wir können alle vielleicht irgendwas sagen. Because we construct these nice stories to reassure ourselves. Denn wir konstruieren diese netten Geschichten, um uns selbst irgendwie Sicherheit zu geben. Tell me about yourself. Erzähl mir was von dir. About is very interesting. It's like a traffic roundabout. Dieses das ist natürlich jetzt ein englisches Wortspiel, ist wie ein Kreisverkehr, roundabout. Also geht drum herum sozusagen. In the middle of the roundabout, there's a little island. Und in diesem Drumherum gibt es mal eine kleine Insel. You can drive round and round the roundabout, but you don't get on the island unless you have an accident. Und in diesem Drumherum kann man natürlich ewig drumherum fahren, aber man kommt nie zu dieser Insel, es sei denn, man hat einen Unfall. So, one function of meditation practice is to stage a little accident. Eine Funktion von Meditationspraxis ist nichts anderes, als eben einen kleinen Unfall zu inszenieren. So we sit in the meditation and we put our attention on the air going out, in and out of our nostrils. Wir sitzen in der Meditation und lassen unsere Aufmerksamkeit vielleicht auf den hinaus- und hineinströmenden Luft an unseren Nasenlöchern ruhen. So stop driving the little car of ourself. Und hören auf, dieses kleine Auto unserer selbst weiterzufahren. And after a while, the mind becomes very peaceful. Nach einer Weile wird der Geist sehr friedlich. Wer bin ich? Thoughts are not coming so much. Es kommen nicht so viele Gedanken. I'm like a cow in a field. Und vielleicht wie eine Kuh auf dem Feld. Unübersetzbar. There must be more to life than this. Es muss irgendwie am Leben mehr dran sein als das, oder? So, this is the real central issue. It's like, how can we fully be ourselves? Hier haben wir also unseren zentralen Punkt. Wie können wir vollständig wir selbst sein? To be present in the moment of the arising of experience. Nämlich in dem Augenblick, in dem die Erfahrung entsteht, präsent, gegenwärtig zu sein. To allow the showing of our actual manifestation. Zu gestatten, dass sich unsere tatsächliche Manifestation wirklich zeigt. And to allow the ground of that manifestation to be indivisible from the manifestation. Und zu gestatten, dass der Grund oder die Basis für dieses Erscheinen untrennbar von der Erscheinung selbst ist. When we talk about ourselves or think about ourselves or write about ourselves, we have a flow of concept following concept. Wenn wir über uns selbst sprechen oder nachdenken oder vielleicht auch schreiben, dann haben wir in der Regel einen Fluss von einem Konzept, das nächste jagt. A large part of our existence is formulated through conceptual elaboration. Ein guter Teil unserer Existenz ist durch die Herausarbeitung von Konzepten formuliert. But there is also something else going on. Aber es geht auch etwas anderes vor sich. On a peaceful evening, you look at the sunset.
friedlichen Abend, schauen uns vielleicht den Sonnenuntergang an. It's as if in these blessed moments the world is offering itself to you. Es ist so, als ob in diesen gesegneten Momenten die Welt uns sich selbst darbringen würde. When you open and receive this, there's no need to interpret. Und wenn wir uns öffnen und das empfangen, dann gibt es keinen Grund, da etwas zu interpretieren. You're just there. Wir sind einfach da. And it's this quality of this just there-ness, just being here, which the practice of Dzogchen is used to allow to be a continuous presence in our life. Genau dieses Moment des Einfach-Daseins, der Einfach-Daseinsheit zu gestatten, ist sozusagen ein Mittel im Dzogchen, um wirklich fortwährend in unserem Leben gegenwärtig oder präsent zu sein. It's not that thoughts and feelings and memories and so on are the enemy. Es ist keineswegs so, dass Gedanken, Gefühle, Erinnerungen und dergleichen mehr unser Feind wären. It's not about flattening experience. Es geht nicht darum, die Erfahrung zu verflachen. The practice should help us to be more alive and present and flexible and responsive in the world. Praxis sollte uns helfen, mehr lebendig und gegenwärtig in unseren Erfahrungen in der Welt zu sein. Auch flexibler zu sein, Entschuldigung. So the question is how to experience the experiencer. Die Frage ist hier also, wie erfahren wir den Erfahrer? We are used to this division of subject and object. Wir haben uns sehr an die Teilung zwischen Subjekt und Objekt gewöhnt. Everything outside us appears as an object. Alles da draußen erscheint als ein Objekt. A lot of the time our body appears to us as an object. Und oft über viele Zeiten erscheint uns unser eigener Körper als Objekt. In many aspects of our mind appear as object. Und sogar viele Aspekte unseres Geistes erscheinen wie Objekte. Even a moment which feels like pure subjectivity can be reflected on in the next moment as if it were an object. Sogar ein Augenblick, der selbst als reine Subjektivität erscheint, könnte im nächsten Moment durch den Geist gewissermaßen als ein Objekt reflektiert werden. And we often feel a need to run a commentary about our life. Und wir fühlen oft die Notwendigkeit, sozusagen parallel einen Kommentar über unser Leben zu betreiben. To eat some ice cream, Ein bisschen Eis zu essen, put it in your mouth. Oh, dann im Mund zu schmecken und begeistert zu sein. and there seems to be somehow a need to say something. Oh, this is really good. Und dann scheint es da einen Drang zu geben, etwas zu sagen. Das war wirklich sehr gut. That our humanity is confirmed by our capacity to comment on our experience. Und unsere Menschlichkeit wird sozusagen durch unsere Fähigkeit bestätigt, Situationen und Erfahrungen zu kommentieren. That we weave the web of our connectivity. Auf die Weise weben wir das Netz unserer Verbundenheit. One of the problems that would come many times when I was doing a lot of couple therapy Eines der Probleme, die häufig aufkamen, als ich noch eine Menge Paartherapie machte, would be the woman complaining that after sex the man would fall asleep. waren die Frauen, die sich darüber beklagten, dass ihr Mann nach dem Sex einfach einschlief. And as we know, snoring is a monologue, not a dialogue. Wir wissen ja, dass das Schnarchen ein Monolog und kein Dialog ist. So, because sex can be very unifying, but it can also be uniquely individual, personal, deep. Denn Sex kann einerseits sehr vereinigend sein, aber kann auch auf eine einzigartige Weise individuell, persönlich und tief sein. And so there is a need to
locate the experience in the world of interpersonal connection. Gibt es da einen Bedarf, diese Erfahrung in der Welt der zwischenmenschlichen Verbindungen zu lokalisieren? If you just fall asleep, it can feel to the other person like an abandonment. Und wenn man dann einfach einschläft, kann es sich für die andere Person wie ein Verlassen fühlen. I think this is an indication of the way in which commentary becomes a kind of seal or validation of the shared quality of experience. Und das ist ein Hinweis darauf, auf welche Weise ein Kommentar sozusagen zu einem Siegel oder zu einer Validierung der gemeinsam geteilten Erfahrung wird. That's not wrong in itself. Das ist nicht an sich falsch, but it's a particular bias or privileging of an orientation towards extroversion. aber es hat eine gewisse Neigung, eine Privilegierung der Erfahrung in Richtung auf Extroversion. We are turned out into the world of communication. Wir sind sozusagen hingewendet zu der Welt der Kommunikation. Generally in Buddhism, this is referred to as compassion. Allgemein im Buddhismus bezieht man sich darauf als auf das Mitgefühl. This is how we link with other people. Das ist die Art und Weise, wie wir uns mit anderen Leuten verbinden, We share things. indem wir Dinge teilen. And if we have good friends, we can share very unsettling experiences or facts about ourselves. Und wenn wir gute Freunde haben, dann können wir auch sehr beunruhigende Tatsachen oder Erfahrungen über uns selbst auch mit ihnen teilen. By uncovering ourselves, we can establish more sense of bond with the other. Indem wir uns selbst sozusagen aus dem Versteck hinausbegeben, können wir eine stärkere Empfindung und Verbindung mit den anderen herstellen. And a good conversation has a high degree of mutuality in it. Denn ein gutes Gespräch hat immer einen hohen Grad an Gegenseitigkeit in sich. There's a sense of co-emergence, Es gibt da ein Empfinden von Konvergenz und gleichzeitigem Entspringen, as if you were dancing with someone and the two bodies are evoking new directions of movement from each other. Es ist ein bisschen wie wenn man zusammen tanzen würde und die beiden Körper gegenseitig sich zu neuen Richtungen von Bewegungen anspornen. However, if most of our time is spent in that, what's missing is the counterbalancing side of wisdom. Wenn aber jedoch unsere meiste Zeit in diese Richtung verbraucht wird, fehlt ein bisschen die gegenüberliegende, die ausgleichende Seite der Weisheit. Wisdom is to see the nature of the mind that is the ground out of which this movement within the interpersonal field arises. Und Weisheit ist sozusagen die Natur des Geistes zu sehen, die gewissermaßen der Grund oder die Basis dafür sind, auf der die interpersonelle Bewegung überhaupt entstehen kann. Because when wisdom and compassion are not awakened to in their inseparability, Denn wenn Weisheit und Mitgefühl noch nicht zu ihrer Untrennbarkeit erwacht sind, our tendency is towards reification, towards turning the moments of manifestation into things. dann ist unsere Neigung dazu, Dinge in Richtung der Verdinglichung zu treiben. Das heißt, ledigliche Augenblicke der Manifestation in Dinge zu verwandeln. And this creates a seriousness and a solidification Und das erzeugt einen Ernst und eine Verfestigung, which has us turning more and more into the details of situations to try to work things out and to anxiously compose the structure of our world. Und das bringt uns dazu, uns mehr und mehr den Details einer Situation hinzuwenden, furchtsam sozusagen
mehr und mehr Details erkennen zu wollen und die Struktur unserer Welt noch detaillierter komponieren zu wollen, machen zu wollen. Understanding the view and the meditation practice in Dzogchen is a way of reintegrating or awakening again to see the natural integration of wisdom and compassion. Und die Richtung Dzogchen ist zu erkennen, dass unsere Praxis darauf mehr abzielt, Weisheit und Gefühl mehr wiederum wieder in eins zu integrieren, zusammenzubringen. The quality of wisdom is direct awareness. Die Qualität der Weisheit ist eine unmittelbare Bewusstheit. Not relying on the mediation of thoughts and memories and feelings and so on. Das heißt, an sich nicht stützen auf die Vermittlung durch Gedanken, Empfindungen und so weiter. So have a look at what Chetsangpa says about this. Wir werden jetzt mal schauen, was Chetsangpa dazu zu sagen hat. This is the section of this chapter called Introducing the Nature of the Mind. Yeah. Okay. So beginning at the top of this one. Here, 7. Das ist also der Abschnitt, in dem es um die Einführung in die Natur des Geistes geht. So, at the beginning is again saying we have the freedoms and opportunities of a precious human existence which is so difficult to attain. Am Anfang sagt er hier wieder, dass wir jetzt die Freiheiten und Gelegenheiten einer kostbaren menschlichen Existenz haben, die so schwierig zu erlangen ist. In the whole of Berlin, there's not so many people meeting together to understand more about their mind or meditation. In ganz Berlin gibt es nicht so viele Menschen, die sich zusammensetzen, zusammentreffen und gemeinsam versuchen, die Natur des Geistes zu erkunden. But for sure they find something interesting to do. Sicherlich finden sie was anderes Interessantes zu tun. Maybe repair their bicycle, go to the market, and to the park. There's always something to do. Fahrrad reparieren, auf dem Markt einkaufen gehen, Kinder in den Park führen. Es gibt immer irgendwas zu tun. Life goes on. Und das Leben geht weiter. And then we die. Und dann sterben wir. We do a lot of things. Before we die, we live longer. Bevor wir sterben, machen wir eine ganze Menge Dinge, denn wir leben lang genug. Most of life is devoted to life maintenance. Der größte Teil des Lebens ist zur Aufrechterhaltung des Lebens gewidmet. Shopping, cooking, cleaning, washing. Einkaufen, kochen, sauber machen, Wäsche waschen. Oh, he's just giving a little reminder, saying, well, maybe there's more to life than this. Er gibt uns hier sozusagen eine kleine Erinnerung. Vielleicht ist am Leben mehr dran als nur das. You have a chance not just to be in the reactive flow of events, Du hast eine Chance, nicht lediglich in diesem reaktiven Fluss von Ereignissen zu stecken. but you can take a little time out and turn and look and think, what is this all about? Du kannst ein bisschen Auszeit nehmen, dich umdrehen und ein bisschen darüber nachdenken, um was geht es denn hier eigentlich? Then he says, if you want to gain the permanent result of Buddha, it's necessary to practice the precious holy Dharma. Dann heißt es, wenn du das beständige Ergebnis der Buddhaschaft erlangen willst, ist es nötig, den kostbaren heiligen Dharma zu praktizieren. What he's saying here is, there's nothing wrong with Sufi dancing. Was er hier sagt, ist, es ist nichts falsch daran, Sufi-Tanz zu betreiben. But Sufi dancing doesn't lead to Buddhahood. Aber Sufi-Tanz wird nicht zur Buddhaschaft führen. Buddha Dharma leads to Buddhahood.
Es ist der buddhistische Dharma, der zur Buddhaschaft führt. In a city like Berlin, there are many things you can do. In einer Stadt wie Berlin gibt es viele Dinge, die man tun könnte. Some ikebana, Ein bisschen Ikebana machen, some African drumming. oder afrikanisches Trommeln. There's nothing wrong with these, Da ist absolut nichts falsch dran. but they are not the path of Dharma. Aber sie sind nicht der Pfad des Dharma. Then he says, it's said that the methods of following the path of the holy Dharma are vast beyond comprehension. But for we who meditate, the outer sutra commentaries and explanations and inner tantra commentaries and explanations are not so important. Dann heißt es hier, es wird gesagt, dass die Methode, in dem Pfad des heiligen Dharma zu folgen, jede vorstellbare Zahl übertreffen. Aber für uns, die meditieren, sind die äußeren Sutra-Kommentare und Erklärungen, die inneren Tantra-Kommentare und Erklärungen nicht so wichtig. If you grow up on a farm, it's important that you gradually learn how to repair the tractor. Wenn wir auf einem Bauernhof leben, ist es wichtig zu lernen, allmählich zu lernen, wie man einen Traktor repariert. And then hopefully by the time you're about 30, you can run the whole farm yourself. Und hoffentlich, wenn wir ungefähr 30 sind, sind wir in der Lage, die Farm, den Bauernhof selbst zu betreiben. This is the same as growing up in a monastery. Das Gleiche betrifft auch das Aufwachsen in einem Kloster. Your parents send you there when you're about 7. Unsere Eltern schicken uns dahin, wenn wir ungefähr 7 sind. And you have a lot of education. Und dann bekommen wir eine Menge Erziehung. You learn about how to play the drums and the cymbals and how to do the Dharma dance in the philosophical commentaries. Wir lernen, wie man die Trommel schlägt und die Zimbeln spielt. Und wir lernen auch viel über philosophische Kommentare. And this gives you a good job. Und das gibt uns eine gute Beschäftigung. So by the time you're 30, you might be the umse or the ritual specialist who makes all the tormas. Also mit 30 sind wir dann vielleicht sogar schon zum Umsee aufgestiegen oder zu den Ritualspezialisten, der sich um die Tormas kümmert. And then in the hierarchically arranged seating arrangements of the monastery, you move up through time until you get a more comfortable seat and you get the tea in your bowl before the other ordinary people. Und in dieser gewöhnlichen klösterlichen Hierarchie machen wir sozusagen während dieser Zeit Fortschritte und bekommen dann zunehmend bequemere Sitze und auch wenn der Tee ausgeschenkt wird, sind wir dann die Ersten, die ihn bekommen vor allen anderen gewöhnlichen Leuten. We have to be aware that there are socio-economic factors in the manifestation of ambition in secular life, but also in religious life. Und es muss uns bewusst sein, dass es sozioökonomische Faktoren dafür gibt, wie sich Ehrgeiz im weltlichen Leben zeigen kann und auch im religiösen, klösterlichen Leben zeigen kann. But he's saying, but for we who meditate, this kind of learning that would be followed in great detail in the monastery is not so necessary. Und was hier ausdrückt, ist, dass für uns, die wir meditieren, diese Art von Gelehrtheit, die man sozusagen allmählich in einem klösterlichen Leben erwerben würde, nicht so nötig ist. Because you're learning a lot about Dharma. Denn dort lernen wir eine Menge über den Dharma. But knowing a lot about Dharma and living Dharma as the basis of your existence is not the same. Aber eine Menge über den Dharma zu wissen und aber den Dharma zu leben als die Grundlage unserer Existenz ist bei weitem nicht das Gleiche. So then he says, we need just one instruction spoken by the holy accomplished Guru, by which we can understand our own mind to be the root of all samsara and nirvana. Was dann sagt, ist, wir brauchen genau nur eine Instruktion, die von dem heiligen, verwirklichten Guru gesprochen wird, durch die wir dann unseren eigenen Geist als die Wurzel von ganz Samsara und Nirvana erkennen können. If this is really understood,
then all the doctrines spoken by the Buddha, both Sutra and Tantra, in the doctrines and literature of the great saints are fully present within your own mind. Wenn dies wirklich verstanden wird, dann sind alle Lehren, die vom Buddha selbst gesprochen wurden, sowohl Sutra als auch Tantra, und auch die Lehren und die Literatur der großen Heiligen vollständig gegenwärtig in unserem eigenen Geist. When that occurs, then what is called knowing one, freeing all comes. Wenn das erscheint, dann kommt dasjenige, das als eins Wissen alles befreien heißt. The mind is the most important. Unser Geist ist das Wichtigste. It is the root of everything. Er ist die Wurzel von allem. Without our mind, we would have no experience. Ohne unseren Geist würden wir keinerlei Erfahrung haben. Without the mind, there would be no architecture, no nest building for birds. Ohne den Geist gäbe es keine Architektur, kein Nestbau für Vögel. All activities occur as the movement of the energy of the mind. Alle Aktivitäten erscheinen als die Bewegung der Energie des Geistes. The learning you do in school or in an apprenticeship is the gathering together of the energy of the mind as it moves through the body. Das Lernen in der Schule oder während einer Berufsausbildung ist nichts anderes als das Zusammensammeln von Energie, so wie sie sich des Geistes, so wie sie sich durch unseren Körper bewegt. Without the mind, this wouldn't happen. Ohne den Geist würde das alles nicht geschehen. The skillful balancing of perception and bodily adjustment to what is perceived is vital in carpentry and metalwork and painting and so on. Die geschickte, die gekonnte Anpassung zwischen Wahrnehmung und dem sich körperlich dem einstimmen oder anpassen, was wahrgenommen wird, ist vital wichtig in Schreinerei oder in Metallbearbeitung. Everything depends on the mind. Und all das hängt vom Geist ab. The garden here depends on the mind. Der Garten hier hängt vom Geist ab. If you don't have a mind, and especially a mind operating in the human way, you don't have the perception that this is a garden. Wenn wir keinen Geist haben und insbesondere keinen Geist, der sozusagen in einem Körper auf menschliche Weise funktioniert, werden wir gar nicht die Wahrnehmung haben, dass es hier draußen ein Garten ist. So, awakening to the nature of your own mind is awakening to the basis of all experience. Also das Erwachen zu der Natur, aus unserem Geist, ist auch gleichzeitig ein Erwachen zu jeglicher Erfahrung. To see the one and gain all means if you see what the mind is and then you realize everything is the mind. Dieses Eins sehen und alles erlangen ist nichts anderes als die Realisation, dass alles, was wir sehen, der Geist ist. There is nothing but experience. Es gibt nichts als die Erfahrung. We have no access at all to self-existing objects. Wir haben keinerlei Zugang zu den Objekten, die aus sich selbst bestehen würden. Because our relation with the world is interpretive. Denn unsere Beziehung zu der Welt ist eine interpretative. We look outside and it's raining, so that's quite nice. Wir schauen raus und da regnet es und dann denken wir vielleicht, oh, das ist ja nett. If the sun was shining, we might think, oh, what are we doing in this little room? We could be outside having a good time, but the rain makes it much easier to practice Dharma. Wenn es draußen schön wäre, die Sonne scheinen würde, dann würden wir vielleicht rausschauen und denken, was zum Teufel mache ich hier in diesem kleinen Raum eingesperrt? Und so macht es der Regen sozusagen für uns ein bisschen einfacher, den Dharma zu praktizieren. But if you're a child and you want to go out and play, then it's very disappointing. Wenn aber es regnet und man ist ein Kind und möchte gerne draußen spielen, dann ist es natürlich sehr enttäuschend. We know this. This is what we live in, multiple interpretations of what we take to be the same phenomena. Das kennen wir doch alle, diese vielfachen verschiedenen Interpretationen von etwas, was wir für ein und dasselbe Phänomen halten. But the phenomena are revealed by the mind.
Aber die Phänomene werden oder die Erscheinungen werden durch den Geist enthüllt. From the point of view of Dzogchen, the phenomena are in the mind. Vom Standpunkt des Dzogchens kann man sogar sagen, Erscheinungen sind im Geist. And this will become clearer as we go more into the text. Und das wird klarer, wenn wir weiter im Text vorschreiten. Then he says, if the mind is not understood, understood is not quite the right term here. It means if you don't awaken directly to the experience of being your mind. Denn dann heißt es weiter, wenn der Geist nicht verstanden wird. Und das Wort verstehen hier ist vielleicht nicht wirklich das, was es ausdrücken soll. Präziser gesagt, wenn wir nicht wirklich zu dem, was der Geist ist, erwachen. And if you don't have that, then although you know many dharmas, such knowledge is vast but with a hollow center. Und dann heißt es weiter, wenn man also dieses nicht hat, wenn man also stattdessen viele Dharmas kennt, ist ein solches Wissen weit, aber mit einem hohlen Zentrum. You know all but cannot attain even one thing. Wir wissen alles und können nicht einmal eine Sache erlangen. Because as long as we establish our identity as part of an ongoing commentary, Denn solange wir unsere eigene Identität als einen Aspekt eines fortwährenden Kommentars etablieren wollen, we can have lots to say about what's going on. können wir eine Menge Dinge über das, was vor sich geht, zu sagen haben, But we don't get the central point. aber wir bekommen hier nicht den zentralen Punkt. The central point is everything is illusion, Der zentrale Punkt ist, dass alles eine Illusion ist, like a dream. wie ein Traum. This doesn't mean there's nothing at all, Das bedeutet nicht, dass da nichts ist, but that it's not as real and as important as we take it to be. aber es ist zugleich auch nicht so wirklich so wichtig, wie wir es für gewöhnlich nehmen. Then he says, for that reason, it's necessary to understand just this mind itself. Und daher sagt er hier, aus diesem Grund ist es notwendig, genau diesen Geist selbst zu verstehen. And he says, if you wonder how the mind is to be understood, well, it's through clear knowledge of the three aspects of ground, path, and result. Und dann heißt es, wenn du dich fragst, wie denn jetzt dieser Geist zu verstehen ist, nun, es ist durch das klare Wissen der drei Aspekte von Grund, Weg und Resultat. When you were born, when you come out of your mother's body, Wenn man geboren wird und aus dem Körper der Mutter herauskommt, you come into a world that's already existing. kommen wir in eine Welt, die bereits besteht. You don't know anything about that world. Wir wissen nichts über diese Welt. But gradually, the structures of the environment you're in are revealed to you. Aber allmählich enthüllen es uns die Strukturen, von denen wir umgeben sind. And while you are in your mother's belly, you are also being thought about and talked about. Und schon während wir im Bauch der Mutter sind, wird über uns gedacht und gesprochen. More or less preparation was being made for the birth. Mehr oder weniger Vorbereitungen werden für diese Geburt getroffen. So you're born into a conversation. Dann antworten wir werden in eine Konversation hineingeboren. And you're introduced to yourself through conversation. Und wir werden uns selbst vorgestellt durch eine Konversation. You're given a name. Wir bekommen einen Namen. And the name defines you and separates you from other children. Und dieser Name, der definiert uns und trennt uns zugleich von anderen Kindern. You learn to identify with your name and come when you're called. Wir lernen es, uns mit unserem Namen zu identifizieren und auch zu kommen, wenn wir gerufen werden. So, having a name is the ring by which you can be hooked. Einen Namen zu besitzen ist also der Ring, in den sozusagen ein Haken passen kann. If I'm walking down the street and somebody says James, I turn my head.
Wenn ich die Straße entlang laufe und jemanden James rufen höre, drehe ich meinen Kopf um. Maybe they're not calling me, but, oh, I'm James. Vielleicht ruft die Person gar nicht nach mir, aber jedenfalls, ich bin auch James. What a ridiculous thing to say. I am James. I am a word. Natürlich ist es eine lächerliche Sache, die man sagen kann. Ich bin James, ich bin ein Wort. This is how we buy into being part of conversation. Das ist aber sozusagen die Art und Weise, wie wir darauf reinfallen, ein Teil einer Konversation zu sein. This is the false ground. So etwas ist ein falscher Grund, eine falsche Basis. And this is how we are grounded in the flow of signifiers. Das ist die Art und Weise, wie wir in dem Fluss von Bedeutungsträgern gegründet oder gewurzelt sind. We're grounded in the trembling, shimmering nature of the semiotic web. Wir verwurzeln oder begründen uns selbst in diesem schimmernden, vibrierenden semiotischen Netz. Which means that we ground ourselves in ideas. Dann in Worten, wir suchen unseren Grund, unsere Basis in Ideen. And the ideas are multiple. Ideen aber sind vielfältig. And they vibrate and resonate with other ideas. Und, They resonate and vibrate with other ideas. und diese Ideen, die ich habe, die können dann mit anderen Ideen wiederum in Resonanz kommen. So we're having to learn to swim in this great sea of ideation. Und da muss ich also lernen, in diesem großen Meer von Ideationen schwimmen zu lernen. Usually at first we do a kind of doggy paddle. Am Anfang machen wir sozusagen Hundepaddel. And some of us spend our whole life doing just that. Manche von uns verbringen ihr ganzes Leben damit, lediglich Hundepaddeln zu betreiben. But you can become more graceful. Swim like a swan. Und wir können natürlich auch mehr Grazie entwickeln und wie ein Schwan schwimmen. The key thing is you are moving in a sea of movement. Der Schlüsselpunkt hier ist, wir bewegen uns in einem Ozean von Bewegung. So I'm highlighting this just in reference to the ground, because when it says ground or basis, it means something which is not changing. Und James sagt, er beleuchtet das eben besonders stark im Kontrast zu dem Begriff Grund, Basis. Das indiziert, dass die Basis selbst etwas Unveränderliches ist. So it says to consider how the ground abides. Dann heißt es hier, um zu betrachten, wie der Grund verweilt. The actual condition of one's own mind is primordial, uncontrived and effortlessly arising. Die natürliche Seinsweise unseres eigenen Geistes ist ursprünglich, ist ungekünstelt und entsteht mühelos. Here he's speaking out of his own meditative experience to say, this is, if you allow yourself to see how you are, what you will find is that the ground of your own being is primordial. Means it's there from the very beginning. Hier spricht er sozusagen aus seiner eigenen meditativen Erfahrung und drückt aus, dass wenn du dir gestattest zu erkennen, wie die Dinge tatsächlich sind, dann wirst du erkennen, dass die Basis, der Grund ursprünglich ist, also sozusagen anwesend ist von allem Anbeginn an. Now, your personality, your sense of who you are, was not there from the beginning of your life. Natürlich unsere Persönlichkeit, unser Empfinden dafür, wer wir sind, die war nicht anwesend von einem Anfang an. Through the ceaseless movements of interaction with the parents and kids at school and books and so on, you develop more of your potential and become the unique particular constellation of yourself. Es ist sozusagen durch die unaufhörlichen Wechselwirkungen, denen wir ausgesetzt sind mit unseren Eltern, mit unseren Mitschülern, mit Büchern und so weiter, dass wir sozusagen gewisse Potenziale in uns entfalten, entwickeln
und zu diesem einzigen Eindruck oder Ausdruck unserer selbst werden. This is not primordial. Aber das ist nicht ursprünglich. This is what is developed through time, Das due ist to etwas, causes and conditions. das ist etwas, was in Zeit entwickelt wird aufgrund von Ursachen und Bedingungen. So primordial means that which was there in the beginning and has never changed since then. Ursprünglich bedeutet hier aber dasjenige, das von allem Anfang an da war und sich seitdem niemals verändert hat. It is the ground or basis within which we are able to register all these movements of construction of ourselves. Das ist sozusagen der Grund oder die Basis, auf derer Grundlage wir eben fähig sind, all diese Bewegung zu registrieren und uns selbst gewissermaßen als diese Bewegung zu konstruieren. We have already lost many aspects of ourselves. Wir haben bereits viele Aspekte unserer selbst auch verloren. It's not normal for me to play with toys on the floor. Es ist für mich jedenfalls nicht normal, heute noch mit Spielzeug auf dem Boden zu spielen. When I was a child, one of my favorite toys was my mother's box of buttons. Als ich noch ein Kind war, war eines meiner Lieblingsspielzeuge die Knopfkiste meiner Mutter. So all kind of different buttons, and I turned it upside down and play and make patterns. It was very lovely. Sie hatte in dieser Box eine Menge verschiedener Knöpfe und ich schmiss sie alle auf den Boden und konnte mit ihnen verschiedenste Muster anfertigen. Es war alles sehr schön. That was something very precious on a rainy day, Das war an einem Regentag sehr kostbar. but not now. Heute aber nicht mehr. The door to the land of buttons is closed. Die Tür zu dem Land der Knöpfe ist verschlossen für mich. Maybe if I end up on some geriatric ward, I'll be back with the buttons. Vielleicht, wenn ich irgendwann in einer Verwahrungsanstalt für alte Menschen lande, dann wird sie wieder geöffnet. But we can all remember worlds that we occupied that we don't go into now. Wir können uns sicherlich alle an Welten erinnern, die wir einmal bewohnt haben und die wir nicht mehr aufsuchen. As adults, it's very rare to climb trees. Es ist zum Beispiel sehr rar, dass Erwachsene noch auf Bäume klettern. Particular perceptions of the world, particular pathways into pleasure that once opened become closed. Bestimmte Formen von Wahrnehmung, bestimmte Pfade zu Empfinden von Freude, die sich einst für uns geöffnet hatten, sind jetzt wieder verschlossen. This indicates the impermanent nature of the constellations which, when they are arising for us, we fully identify with and think, this is me, this is what I do. Das verweist auf die Vergänglichkeit, Unbeständigkeit von solchen Mustern, von Umständen, die, wenn sie dann erst einmal entstehen, die Grundlage für unsere völlige Identifizierung mit ihnen sind, sodass wir in dem Moment dann sagen, das bin ich, das ist wie ich bin. He says it's uncontrived. Dann sagt er, der Grund ist ungekünstelt. It's not put together by some intention. Dann in Worten, er ist nicht zusammengebastelt worden durch irgendeine Absicht. There's no method for the production of it. Es gibt keine Methode, ihn hervorzubringen. It is there as itself. It is a given. It's just how it is. Er ist einfach da aus sich selbst heraus und es ist eine Gegebenheit. Es ist, wie es ist. And this is our ground, our basis. Und er ist unser Grund, unsere Basis. All the aspects of our social, interperson, or even private identity are grounded on transient factors, but our mind itself, our awareness, has no unreliable ground. It has the secure ground of being there from the very beginning. Unsere soziale Identität, interpersonelle Identität oder sogar auch unsere private Identität, sie alle beruhen auf
auf Dingen, die unbeständig sind. Sie haben keine feste Basis, eine unbeständige Grundlage. Aber das, was unser Geist eigentlich ist, beruht auf einem Grund, der verlässlich und beständig ist. But it's not, this ground is not just sitting there like a stone. Aber dieser Grund, diese Basis sitzt nicht einfach da oder liegt nicht einfach da wie ein Stein. Although it's unchanging in itself, it's also effortlessly arising. Denn obwohl sie sich sozusagen, obwohl sie keinerlei Veränderlichkeit unterworfen ist, ersteht sie auf eine mühelose Art und Weise. It shows itself as the field of experience. Und sie zeigt sich auch als das Feld der Erfahrung. This is very difficult to put in language, Es ist sehr schwer, das in Sprache zu bringen. because if we say it shows itself as the field of experience is not the mind. Denn wenn wir dann sagen, sie zeigt sich, also die Basis zeigt sich als das Erfahrungsfeld, dann ist natürlich das Erfahrungsfeld nicht der Geist selbst. It's how and what the mind shows, but it's not showing itself. Es ist gewissermaßen das und die Art und Weise, wie der Geist etwas zeigt, aber es ist nicht das Zeigen selbst. So this is where this very traditional image of the mirror is helpful. Und das ist der Punkt, an dem dieses sehr traditionelle Beispiel eines Spiegels hilfreich ist. The mirror shows itself, that's to say, its clarity, its brilliant quality. It shows itself through showing reflections which are not it. Der Spiegel zeigt sich selbst, also seine Brillanz, seine Fähigkeit zu spiegeln. Es zeigt sich selbst, indem es Dinge zeigt, indem es Spiegelungen zeigt, die aber nicht es selbst sind. If you look at a piece of the wall, and you have that experience of seeing the wall, Also einen Ausschnitt der Wand anschauen und wir haben die Erfahrung, diesen Ausschnitt der Wand zu sehen. and then you turn and look in the mirror, Und wir drehen uns um und schauen in einen Spiegel. it's a very different experience. Eine sehr, sehr verschiedene Erfahrung. The wall just shows wall, Die Wand zeigt eben Wand. but the mirror shows you. Der Spiegel aber zeigt dich selbst. I'm in the mirror. Und im Spiegel. Well, I'm not, I'm here, Aber ich bin doch hier und nicht dort. but I'm in the mirror. Aber ich bin im Spiegel. The mirror shows what is not the mirror, Der Spiegel zeigt, was nicht der Spiegel ist. because if I move away and then you look in the same mirror, the mirror shows you, not me. Denn wenn ich fortgehe und du schaust jetzt in den Spiegel, dann wird der Spiegel dich zeigen und nicht mich. When we look in the mirror, we tend to be caught by the reflection. Wenn wir in den Spiegel schauen, neigen wir dazu, von dieser Spiegelung gefangen zu werden. That's what we fixate on. Das ist das, worauf wir uns fixieren. But what the mirror is showing is its empty clarity. Was aber der Spiegel eigentlich zeigt, ist seine leere Klarheit. I will show whatever is placed in front of me. Zu sagen, ich werde zeigen, was immer vor mir hingestellt wird. What I show is me and not me. Was ich also zeige, das bin ich und zugleich nicht ich. It's me because I'm showing it, Es ist ich, weil ich es zeige, but it's not me because you can't infer that I am defined by the shape of the reflection. aber es ist zugleich auch nicht ich, denn du kannst nicht schlussfolgern, dass ich durch die Form der Reflexion determiniert werde. If that image makes sense to you, then you can understand the mind more clearly. Wenn wir vielleicht durch dieses Bild einen gewissen Sinn machen können, dann können wir auch klarer verstehen, was der Geist ist. The mind is effortlessly arising. In Tibetan, that's Hlundrup. Der Geist ist dieses mühelose Erstehen des Geistes, das heißt in Tibetisch Hlundrup. Hlundrup means formed immediately, or formed instantly. Hlundrup heißt wörtlich so etwas wie
unmittelbar oder instantan, augenblicklich geformt. Our experience arises all at once. Unsere Erfahrung entsteht sozusagen auf einen Schlag. And what we see is the display of the mind. Was wir dann sehen, ist die Schau des Geistes. When we forget the mind, we see all these many different things, Wenn wir aber den Geist vergessen, dann sehen wir all die vielen verschiedenen Dinge, which, relying on conceptual interpretation, we take to be disparate, self-existing objects. welche wir dann, indem wir uns auf unsere begriffliche Interpretation stützen, für verschiedene voneinander getrennte Objekte halten. But the world arises like a reflection, like a rainbow. Aber die Welt entsteht wie eine Reflexion, wie eine Spiegelung oder ein Regenbogen. The reflection is in the mirror. All of the world is in the mind. So wie die Spiegelung im Spiegel ist, ist die ganze Welt im Geist. Now, if you start with an assumption that your mind is in your skull, this is very difficult to understand. Wenn wir aber mit der Annahme beginnen, dass unser Geist sich dann in unserem Schädel befindet, dann ist das natürlich schwer zu verstehen. What we want to do is to not start with a concept. Was wir hier wollen, ist nicht schon gleich zu Beginn mit einem Konzept beginnen. Of course, I'm offering you a lot of Dharma concepts, Natürlich, was ich hier mache, ist euch eine Menge Dharma-Konzepte anzubieten. but these are leading towards the meditation that we'll do later. Aber das alles führt hin zu einer Meditation, die wir auch später ausführen werden. Because samsara begins with misidentification, with mistaking, with ignoring how things are and imagining them to be something else. Denn Samsara beginnt mit einer Fehlidentifizierung, einer Fehlinterpretation, einem Halten von ein Ignorieren der Art und Weise, wie die Dinge sind, wie sie tatsächlich sind. So we want to learn how to look simply in the simplest way, so that we don't add all our interpretations and the accretions of our worldly experience. Wir wollen also lernen, auf eine sehr, sehr, sehr einfachst mögliche Art und Weise zu schauen, so dass wir nicht immer mehr Interpretationen und sozusagen Zuwüchse ansammeln bei unserer unmittelbaren Erfahrung. The basis of our mind is not made by the meditation of the Buddhas, and it's not affected by the stupidity of sentient beings. Dann heißt es hier ferner, die Grundlage oder der Grund unseres Geistes ist nicht durch die Meditation des Buddhas hergestellt und auch nicht durch die Dummheit der fühlenden Wesen beeinträchtigt. This is good news, Gute Nachricht in der Tat. because even if we are not doing very well in our life and we see many faults in ourselves, Und selbst wenn wir sozusagen bei unserem eigenen Leben nicht so richtig uns nicht so richtig gut finden und eine ganze Menge Fehler bei uns selbst entdecken, the faults have not been absorbed into the ground. diese Fehler, die drangen nicht in den Grund ein. This is not like Chernobyl, Es ist nicht wie Tschernobyl, where the radioactive substance seeps into the soil. wo die radioaktive Substanz sozusagen in die Erde hineindringt. This is like the glass on the window. Es ist eher wie das Glas im Fenster. When the window gets dirty, Wenn das Fenster dreckig wird, the glass doesn't get dirty. wird aber das Glas deswegen nicht dreckig. The dirt is on the surface of the glass. Der Schmutz ist lediglich auf der Oberfläche des Glases. The glass is always clean. Das Glas selbst ist immer sauber. It's just offering very generously hospitality to the dirt that passes by. Es bietet sozusagen sehr großzügigerweise einfach Gastfreundschaft für den Schmutz, der gerade zufällig hier vorbeikommt, an. The glass is working in harmony with Mrs. Merkel. Das Glas arbeitet in Harmonie mit Frau Merkel. It says, poor homeless refugee, dust, dirt, come, settle. Das sagt, du armer, heimatloser Flüchtling, Staub,
komm hierher und setze dich sozusagen auf mich. It's like that. So funktioniert das. The difficulty, of course, is that the German culture will shift if you have a lot of immigrants. Natürlich das Problem ist, dass die deutsche Kultur sich verschieben wird, wenn But wir the window doesn't shift. wenn wir eine Menge Einwanderer haben. Aber das Fenster, da verschiebt sich nichts, da verändert sich nichts. This is the big issue in life, isn't it? We want things to stay the same and to change. Das ist natürlich überhaupt ein großes Thema im Leben, dass wir die Dinge gleichzeitig immer gleichbleibend haben wollen und gleichzeitig, dass sie sich ändern. But actions have consequences. Aber natürlich, Handlungen haben immer Konsequenzen. This is why the ground or the basis of the mind is different from the interactive patterns of mental experience. Und das ist der Grund, warum die Basis oder der Grund des Geistes etwas ganz anderes ist als die verschiedenen interaktiven, sich bewegenden Erfahrungen. On the level of what arises as the content of our experience, we can be very generous on Monday, but incredibly selfish on Tuesday. Auf der Ebene von dem, was sozusagen als unsere eigene Erfahrung so alles aufkommen kann, könnte es durchaus sein, dass wir am Montag extrem großzügig sind und am Dienstag extrem selbstbezogen und geizig. Which is the basis for a lot of the political turbulence at the moment. Und das ist die Grundlage dafür, warum es so viele politische Turbulenzen im Augenblick gibt. We are unstable creatures. Wir sind instabile Kreaturen. But here he's saying the mind is not like that. Aber was hier sagt, ist, dass der Geist nicht so ist. It's not created by the good deeds or the meditation of the Buddhas, and it's not affected or contaminated by the bad behavior and craziness of ordinary people. Die Grundlage oder der Grund des Geistes ist nicht etwas, was durch die guten Taten oder die Meditation des Buddhas oder der Buddhas hervorgebracht worden ist. Und es ist auch nicht etwas, was irgendwie beschädigt oder beschmutzt werden kann durch das schlechte Benehmen von fühlenden Wesen. Mind's original status does not depend on causes and conditions. Der ursprüngliche Status des Geistes hängt in keiner Weise von Ursachen und Bedingungen ab. When we look around, everything we see has causes and conditions. Wenn wir uns umherschauen, dann hat alles, was wir sehen können, irgendwelche Ursachen und Bedingungen. Depending on the climate, different kinds of plants will do well or not so well in the garden. Zum Beispiel in Abhängigkeit vom Klima werden verschiedene Arten von Pflanzen im Garten sich besser oder schlechter machen. On the basis of the reunification of Germany, the political center moves from Bonn to Berlin and feeds into this huge amount of change in the city. Auf der Grundlage der politischen Veränderungen hat sich das Machtzentrum von Bonn nach Berlin verlagert und das füttert natürlich all die verschiedenen Veränderungen, die die Stadt jetzt auch durchmacht. Berlin of 40 years ago was very different. Vor 40 Jahren wird Berlin sehr anders. What is happening now would be unimaginable then. Was jetzt hier passiert, war damals völlig unvorstellbar. Because due to ever-changing patterns of causes and conditions, new shapes arise and they in turn open doors to new shapes and possibilities. Und aufgrund von veränderlichen Mustern von Ursachen und Bedingungen entstehen immer neue Formen und diese neuen Formen geben wiederum Anlass und öffnen Türen für noch neuere Formen. Okay, we take a little break now, and I would encourage you as you get up and move around, see if you can identify the causes and conditions that give rise to the various things you encounter. Wir werden jetzt eine kleine Pause machen und James möchte uns sehr ermutigen, während wir so einfach diese Pause machen, zu sehen, ob wir nicht die kleinen Ursachen, Bedingungen, vor allem die kleinen Dinge, denen wir gerade begegnen, identifizieren können. Okay, we take a break for 20 minutes. Das wird jetzt eine 20-minütige Pause sein. Continue with the text. Wir fahren jetzt mit dem Text fort.
It says that the basis of the mind, or the mind in its most simple form, is void, without inherent self-substance, and free of all conceptual elaboration. Hier heißt es, dass der Grund oder die Grundlage, die Basis des Geistes, also der Geist in seiner wirklich einfachsten Form, leer, ohne innewohnende Eigensubstanz und frei jegliche begriffliche Ausarbeitung ist. Oh, void, it's empty. What does this mean? Dieses Leere, was bedeutet das? It means there's nothing to catch. Das bedeutet, dass es da nichts zu greifen oder zu fangen gibt. There's nothing for you to find. Es gibt nichts, was wir finden könnten. There is everything that we see all around us. Es gibt da alles das, was wir um uns herum sehen. In the basis of this everything is nothing. Und die Grundlage von all diesem Allem ist nichts. How is this possible? Wie ist das denn möglich? Something can't come out of nothing. Es kann doch nicht etwas aus nichts herauskommen. If that something is truly existing. Natürlich vorausgesetzt, dieses etwas existiert wahrhaft. But as the text, many different Buddhist texts say again and again, everything that we see is like illusion. It's like the rainbow in the sky. Aber wie dieser Text und natürlich sehr, sehr viele verschiedenste buddhistische Texte immer wieder sagen, ist alles, was wir sehen können, eine Illusion. Es ist wie der Regenbogen am Himmel. Also, if we say something can't come out of nothing, it's as if we have two separate territories. Und zugleich ist es auch, wenn wir sagen, dass nicht etwas aus nichts herauskommen kann, dann unterteilen wir sozusagen die Dinge in zwei getrennte Territorien. That you leave the empty and go into the domain of the something. Dass wir sozusagen das Leere verlassen und in den Bereich von etwas gehen. This is the style of our dualistic conceptualization. Das ist natürlich der Stil, in dem wir unsere dualisierenden Verbegrifflichungen durchführen. That works with binary opposition and polarities. Das arbeitet mit binären Gegensätzen und Polaritäten. But this nothing is both completely empty and completely full. Aber dieses Nichts, von hier die Rede ist, ist einerseits vollständig leer, andererseits aber auch vollständig voll. It's full of its own clarity, Es ist voll von seiner eigenen Klarheit. which manifests as all that we experience. Und das manifestiert sich eben als all das, was wir erfahren. The empty aspect of the mind, you don't find anything there. Und der leere Aspekt des Geistes ist, dass wir nichts darin finden können. And with the clarity aspect of the mind, you don't find anything you can hold on to. Und auch mit dem Klarheitsaspekt des Geistes gibt es nichts, woran wir festhalten könnten. So it looks like empty and full are polarities, but they are identical in their ungraspability. Es scheint also, als wären dieses Leere und das Volle Polaritäten, und doch sind sie in ihrer Ungreifbarkeit identisch. Although we can tell stories about our childhood and the past, Wir können natürlich Geschichten über die Vergangenheit, über unsere Kindheit insbesondere erzählen. this is the experience of ghosts playing with echoes. Aber das ist die Erfahrung von Geistern, die mit Echos spielen. The past is gone. Die Vergangenheit ist bereits gegangen. Oh, I remember when I was 7, I used to have a lovely little bicycle. Oh, ich erinnere mich, als ich 7 war, da hatte ich ein wunderschönes kleines Fahrrad. I remember when I was 7. Ich erinnere mich, als ich 7 war. This is a dead man talking. Das ist die Sprache eines toten Manns, This is a ghost. ein Geist. Some echo is coming through time. Und irgendwelche Echos kommen zu uns zurück durch die Zeit. Seems apprehendable, graspable.
Es erscheint irgendwie verständlich oder ergreifbar. You know what I'm talking about if I say, I remember when I was 7. Und wir haben das Gefühl zu wissen, wovon James redet, wenn er sagt, ich erinnere mich, als ich 7 war. Because you also are full of ghosts. Denn auch wir sind voller solcher Gespenster. And we create for ourselves the illusion that the past is somehow available to us. Und wir schaffen für uns selbst die Illusion, als wäre die Vergangenheit für uns selbst irgendwie verfügbar. But truly the past is gone. Aber in Wirklichkeit ist die Vergangenheit eben vergangen. The future hasn't come. Und die Zukunft ist noch nicht gekommen. Here in this moment, everything's shifting. Und in diesem Augenblick, in diesem Moment verschiebt sich alles. Nothing to grasp. Es gibt nichts, was wir greifen könnten. It's through our own grasping and our solidification of these empty concepts that float like clouds in the sky that we create for ourselves the opposition between something and nothing. Es ist durch unsere eigene Aktivität des Greifens und durch diese Benutzung von eigentlich leeren Gegensätzen, die wie einfach Wolken am Himmel schweben, dass wir diese Polarität, diesen Gegensatz zwischen etwas und nichts erschaffen. Nothing shows everything, which is also nothing. Das Nichts zeigt alles, das eben auch nichts ist. This is not the basis for existential despair. Und das ist keine Grundlage für die existenzielle Verzweiflung. Just because we can't hold on to something doesn't mean that we are not alive and participating. Nur bloß, weil wir nicht an etwas festhalten können, bedeutet noch lange nicht, dass wir nicht am Leben sind und nicht in der Lage sind, teilzunehmen an diesem Leben. The basis of participation is play. Und die Grundlage für Teilnahme ist Spiel. If we take it seriously, we don't know how to play. Wenn wir es sehr ernst nehmen, dann wissen wir nicht, wie wir spielen sollen. The notion of play you find in Hinduism and in Buddhism. Diese Vorstellung von Spiel ist etwas, was wir sowohl im Hinduismus als auch im Buddhismus finden können. This world is the lila, the play of the divine energy as it comes. Die Idee, dass diese Welt sozusagen lila ist, das Spiel der göttlichen Energie, so wie sie sich in der Welt manifestiert. As we recognizing that the past is gone, that the future hasn't come, and that we're standing not on any solid ground. Wenn wir erkennen, dass die Vergangenheit bereits gegangen ist, dass die Zukunft noch nicht gekommen ist und dass wir dazwischen auch auf keinem festen Grund stehen, We need to lighten up. dann müssen wir uns ein bisschen leichter machen. Oder heller machen, könnte man auch sagen. If you're very heavy and dense with all your worries and presuppositions and concerns, you're going to fall. Denn wenn wir sehr schwer und dicht sind mit all unseren Sorgen und vorweggenommenen Annahmen und so weiter, dann werden wir sicherlich fallen. Some of you may remember the film Dumbo. Manche von euch erinnern euch vielleicht an diesen Film Dumbo, Very important part of Western culture, ein sehr wichtiger Teil westlicher Kultur. because it's how an elephant overcomes its fear. Denn das handelt davon, wie ein Elefant seine Furcht überwindet. Like all good fairy tales, it begins with persecution. Wie alle guten Märchen beginnt dieser Film mit Verfolgung. Poor little Dumbo, the elephant, is born with very big ears. Der arme kleine Elefant Dumbo wird mit riesigen Ohren geboren. But then he gets the idea that he can fly. Dann entwickelte die Idee, dass er fliegen könnte. He can fly a little bit, but then as soon as he doubts that he can fly, he falls down. Er kann ein bisschen fliegen, aber sobald er Zweifel entwickelt, dass er wirklich fliegen kann, fällt er natürlich wieder auf den Boden. But luckily, he's given a magic feather. Aber glücklicherweise bekommt er eine magische Feder. And as long as he has the magic feather, he can fly. Solange er diese magische Feder hält, kann er fliegen. So we are the same. So sind wir auch. We are born with very big ears. Wir werden mit sehr großen Ohren geboren. In fact, we're born with the two wings of wisdom and compassion. In der Tat, wir werden mit den 2 Flügeln von Weisheit und Mitgefühl geboren.
but we don't exercise them very much. Aber wir trainieren sie nicht sehr stark. So we take refuge in the Buddha, Nehmen wir also Zuflucht in Buddha. that we like a little feather, Das ist eine kleine Feder. and we remember the Buddha. And Und wenn wir uns an den Buddha erinnern, dann können wir mit unseren Flügeln dann etwas bewirken. everything is empty. This could be terrifying or liberating. Wenn wir sagen, alles ist leer, dann kann es gleichermaßen erschreckend wie befreiend sein. Everything is empty. What about me? What does it mean? Wenn alles, Fall very heavily. wenn alles leer ist, was denn? Was ist mit mir los? Und wenn das aufkommt, dann fallen wir sehr schwer. Everything is empty. Oh, it is. Alles ist leer. Oh ja, in der Tat, es ist. It's not nothing at all. It's appearance and emptiness. Es ist nicht wie nichts überhaupt, sondern es ist Erscheinung und Leerheit. And I also am the appearance of emptiness moving in the field of the empty appearances. Und auch ich selbst bin eine Erscheinung der Leerheit, die sich in einem Feld von leeren Erscheinungen bewegt. So again and again we visit the topic of emptiness. Wir werden also das Thema Leerheit wieder und wieder berühren müssen. It's the most central understanding present in Tibetan Buddhism. Das ist der zentralste Punkt des Verstehens im tibetischen Buddhismus. Simply indicating there is nothing to hold on to. Und verweist darauf, dass es nichts gibt, woran wir festhalten können. So what is the gesture of grasping? Was also ist die Geste des Greifens? If you're floating in the sea and you don't know how to swim, you grasp onto a piece of driftwood. Wenn wir im Meer schwimmen und nicht wirklich wissen, wie wir schwimmen können, sozusagen einfach im Wasser sind, dann versuchen wir ein Stück Treibholz zu ergreifen. But if you can swim, you don't need to do the grasping. Wenn wir aber schwimmen können, dann brauchen wir nicht nach dem Holz greifen. So, swimming means that you trust your relation with water. Schwimmen bedeutet, dass wir unsere Beziehung zu Wasser vertrauen können. When children are learning to swim, often they hold a little bit of polystyrene or something in front of them to strengthen the movement of their legs. Wenn Kinder schwimmen lernen, dann halten sie oft so ein Styroporstück vor sich, einfach um die Bewegung der Beine zu stärken. But when you can let go of that and move your arms, then you're really swimming. Wenn man aber dieses Stück dann loslassen kann und wirklich auch die Armbewegung durchführen kann, dann können wir schwimmen. And swimming means making friends with water. Und Schwimmen bedeutet, sich mit Wasser anzufreunden. It means finding the way of moving your body that will allow the water to support you. Das heißt, einen Weg zu finden, den Körper so zu bewegen, dass es dem Wasser gestattet, uns zu stützen. This is why we do calming meditation, Das ist auch der Grund, warum wir beruhigende Meditation durchführen. to help us relax our anxiety and the turbulence that comes from it. Das hilft uns, unsere Furcht und die Turbulenzen, die damit einhergehen, zu entspannen. And then we find ourselves present in this moving world, moving in the moving world. Und wir finden uns dann gegenwärtig in dieser sich bewegenden Welt und uns selbst auch in dieser bewegten Welt sich bewegend. It's saying mind itself is free of all conceptual elaboration. Und ferner heißt es, der Geist selbst ist frei von jeglichen begrifflichen Ausarbeitungen. It's just simple. Er ist einfach. It doesn't need anything added to it. Er braucht nichts, was zu ihm hinzugefügt werden müsste. We don't need to add thoughts to it to make sense of it. We need to enter into it. Wir brauchen also keine Gedanken hinzufügen, um Sinn aus ihm zu machen, sondern wir müssen lediglich in ihn eintreten. So that means that it's not just our grasping at the outer phenomena of the world that we need to relax. Und das bedeutet, dass es nicht nur unser Greifen nach den
äußeren Erscheinung ist, dass wir entspannen müssen. but relaxing our grasping at thoughts as the explicators of the world. Wir müssen auch unser Greifen nach Gedanken entspannen, die uns wie die sozusagen die notwendigen Erklärungen der Welt erscheinen. This will become clearer in the text. So, Das wird dann in dem Text noch klarer. at the beginning, mind itself is without source and so is void. Dann heißt es hier, am Anfang ist der Geist ohne eine Quelle und dadurch, und so ist er auch leer. There is nothing before the mind. Es gibt sozusagen nichts, was dem Geist vorangeht. It doesn't come from somewhere else. Der Geist kommt nicht von irgendwo anders her. It is always here. Er ist immer da. And having no source, it hasn't been produced as something, and so it's empty of any additional quality. Und indem er keine Quelle besitzt, ist er nicht als ein Etwas produziert worden und ist damit frei von irgendwelchen hinzugefügten Qualitäten. In the middle, it's without resting place, and so is void. In der Mitte ist er ohne eine Bleibe und damit leer. The mind is not resting on anything. Der Geist ruht nicht auf irgendetwas. Our personal identity is resting on a lot. Unsere persönliche Identität ruht natürlich auf einer ganzen Menge Dinge. For many people, their identity is strongly linked to their work or their Für family relationships. viele Menschen ist ihre Identität sehr stark mit ihrer Arbeit verknüpft oder mit ihrem familiären Beziehungsgefüge Or the country that they come from, oder mit dem Land, aus dem sie stammen or their hobbies. oder mit ihren Hobbys. That is to say, we are used to our personal sense of self resting on links to formations in the world. Dann in Worten, dass wir sind daran gewöhnt, dass unser eigenes Empfinden, wer wir sind, darauf beruht, auf welche Formationen in der Welt wir uns beziehen. But the mind is not resting on anything Aber der Geist selbst ruht auf gar nichts, because it doesn't have any shape or color or substance. denn er selber besitzt weder Form noch Farbe noch Substanz. My glass of water is resting on a saucer, which is resting on the table, which is resting on the wooden floor, which is resting on the foundations of the house, which is resting on the earth. Ein Glas Wasser hier, das ruht auf dieser Untertasse, die wiederum auf dem Tisch ruht, wiederum auf dem Fußboden ruht und der ruht wiederum auf dem Fundament dieses Hauses und dieses ruht wiederum auf der Erde. Every something is resting on something else, Jedes Etwas ruht auf etwas anderem, but nothing doesn't rest on anything. aber nichts ruht auf gar nichts. This is a fundamental freedom of the mind. Und das ist die fundamentale Freiheit des Geistes. And at the end, it has no destination, and so is void. Und am Ende hat er keine Bestimmung und damit ist er leer. The mind is not going anywhere. Unser Geist geht nirgendwo hin. In our lives, we're always going somewhere. In unserem Leben gehen wir immer von irgendwo hin. One big level, we're moving towards death. Auf einer großen Ebene bewegen wir uns alle auf den Tod zu. On a more local level, we're moving towards lunch. Auf einer etwas lokaleren Ebene bewegen wir uns auf das Mittagessen zu. We are intentional creatures. Wir sind mit Absichten ausgestattete Kreaturen. We're always about something. Wir trachten immer nach etwas. And we live in a world which is reminding us that there are so many things we should be doing to sort out our papers for the accountant or endless things to do. Wir leben in einer Welt, die uns permanent daran erinnert, dass es so viele Dinge gibt, die getan werden müssen. Unsere Unterlagen für den Steuerberater vorbereiten und endlose andere Dinge, die getan werden müssen. And there's no end to this sense of I must get on with my life. Und dieses Empfinden, ich muss mit meinem Leben irgendwie weitermachen, weiterkommen, hat kein Ende.
But these pathways of activity are revealed to us because we have a mind which is aware. Auch diese verschiedenen Pfade, diese verschiedenen Wege der Aktivität enthüllen sich für uns, weil wir einen Geist haben und dieser Geist über Bewusstheit verfügt. Thoughts come and go and are fundamentally unreliable, although we rely on them so much. Unsere Gedanken kommen und gehen und sind grundlegend unverlässlich, obwohl wir uns so sehr auf sie verlassen. Awareness is always available and is always reliable, and yet we rely on it so little. Bewusstheit aber ist immer verfügbar und ist immer verlässlich, dennoch verlassen wir uns so wenig auf sie. Mind's essence cannot be grasped at as this or that, and so it is void. Die Essenz des Geistes kann nicht ergriffen werden als dieses oder jenes und auf diese Weise ist sie leer. It's using many different ways of indicating your mind is not a thing. It is not similar to all the other things that you are used to. And so when you come on to the practice bit, so if you look for it in the manner of looking for a thing, you'll never find it. Also dass er also versucht, auf viele verschiedene Art und Weisen auszudrücken, dass unser Geist kein Ding ist, also nicht etwas ist, wonach man in der Art und Weise schauen kann, wie man nach einem Ding gucken würde. Und das hat eine Beziehung zur Praxis, wenn wir in unsere Praxis versuchen, nach unserem Geist als nach etwas zu schauen, wie wir es gewöhnt sind, nach Dingen zu schauen, werden wir da nichts finden. Wir können ihn da nicht finden. This is why we can find meditation difficult to do. Und das ist ein Grund dafür, warum wir es möglicherweise schwierig finden, Meditation durchzuführen. Because we are used to relying on thoughts, so relaxing and opening seems more difficult than just grasping at the next thought that arises. Denn wir sind so daran gewöhnt, uns auf Gedanken zu stützen, dass uns das sich entspannen und loslassen als sehr viel schwieriger vorkommt, als einfach jedem Gedanken, der gerade aufkommt, nachzugehen und ihn zu greifen. It is without form and color, and so is void. Dann heißt es, er ist ohne Form und Farbe und auf diese Weise leer. It's no shape. You can't say it begins here and ends there. Dann in Worten, der Geist hat keine Gestalt. Man kann nicht sagen, er beginnt hier und endet dort. If it had a color, we could distinguish it from other things because it would be red or blue, and not everything is red or blue. Wenn er eine Farbe hätte, könnten wir ihn von anderen Dingen unterscheiden, denn nicht alles ist, wenn wir sagen könnten, er wäre rot oder blau, dann könnten wir ihn von den Dingen unterscheiden, die eben nicht rot und blau sind, denn solche Dinge gibt es dann auch. It said that the mind itself has no distinguishing characteristics whatsoever. Was aber sagt, ist, dass der Geist keinerlei sozusagen besondere Merkmale besitzt, die ihn unterscheiden würden. But then he continues, however, this voidness is not an empty annihilation, for mind's natural clarity is pure and all-pervading. Dann fährt er aber fort zu sagen, jedoch ist diese Leerheit keine leere Auslöschung, denn die natürliche Klarheit des Geistes ist rein und alles durchdringend oder alles umfassend. If the emptiness of the mind was an annihilation, a kind of post-apocalyptic, post-Armageddon kind of destruction, then all life would be finished. Wenn es so wäre, dass die Leerheit sozusagen wie eine postapokalyptische oder Post-Armageddon-Auslöschung wäre, dann wäre ja das Leben schon zerstört. But it's not that kind of a void. It's just empty and open, within which its own clarity arises without effort. And this clarity is the revelation of our life experience. Das ist aber nicht diese Art von Leerheit, sondern es ist eine Art von Leerheit, die zugleich offen ist und in der
alles, was sozusagen aus der Klarheit dieser Leerheit entsteht, ohne Mühe entsteht und sich zeigen kann. So, we look around the room, we see all these things. Wenn wir uns in diesem Zimmer nochmal umschauen und all die Dinge hier sehen, we can identify and name the things we see. wir können die Dinge, die wir sehen, identifizieren und benennen. For example, I see a metal pole supporting a wooden beam. Ich sehe hier zum Beispiel eine Metallsäule, die einen Holzbalken unterstützt. Relying on these concepts, I inform myself that indeed there is a wooden beam resting on a metal pole. Indem ich mir auf diese Konzepte stütze, informiere ich mich selbst, dass es da in der Tat einen hölzernen Balken gibt, der eben auf eine Metallsäule ruht. This is the world revealed through concepts. Das ist die Welt, wie sie sich zeigt durch Konzepte, durch Begriffe. What do I see? Was sehe ich aber tatsächlich? I see what the mind shows. Ich sehe das, was mein Geist mir zeigt. All that I see is the way of showing of the mind. Alles, was ich sehe, ist die Art und Weise, wie der Geist etwas zeigt. When you look in the mirror's clarity shows itself as whatever it's reflecting. Wenn wir in den Spiegel schauen, zeigt sich die Klarheit des Spiegels eben als all die Dinge, die er spiegelt. The difference is for the mirror to work, you have to have some extra object somewhere else which is being reflected. Der Unterschied zu dem Spiegel ist der, dass der Spiegel, damit er funktioniert, natürlich, damit er spiegeln kann, natürlich auch noch ein paar extra Objekte braucht, damit er überhaupt was zum Spiegeln hat. Now, when we say that everything is the clarity of the mind, it doesn't mean that each of us is personally some incredible magician who is inventing or imagining everything we see. Wenn wir aber sagen, alles ist der Ausdruck der Klarheit des Geistes, dann heißt es nicht, dass jeder von uns sozusagen persönlich irgendwie ein unglaublicher Magier ist, der all diese Dinge, die er sieht, für sich erfinden muss und erschaffen muss. Because when I say it is my mind, it's not my ego mind, which is self-referential, which would then turn me into a very inflated being if I thought I am creating everything. Denn wenn ich sage, es ist mein Geist, der diese Dinge schafft, dann bezieht sich das nicht auf meinen Ego-Geist, der ein selbstreferenzieller Aspekt des Geistes ist, der dann sozusagen, wenn er die Idee bekäme, er ist der Schöpfer von all dem, was er sieht, einfach nur sich selbst aufblasen, sozusagen eine Inflation seiner eigenen Wichtigkeit erfahren wird. But as he was just describing before, the mind has no shape or color, it doesn't rest anywhere, it doesn't come from anywhere, it is infinite. Wie ich aber schon vorher gesagt habe, oder wie es beschrieben ist, der Geist selbst beruht auf nichts, er hat keine Form, keine Farbe und ist sozusagen etwas, was vollkommen unbegrenzt ist. So I, as James, am the showing of my mind. Ich selbst als James bin auch die Schau oder das Zeigen meines eigenen Geistes. Empty awareness reveals this field of experience. Die leere Bewusstheit enthüllt dieses Feld von Erfahrung. Within which I am. Und darin befinde auch ich mich. I am part of this field of experience. Ich bin ein Teil dieses Feldes der Erfahrung. I'm not an individual apart from it. Ich bin kein Individuum, das getrennt von diesem Feld ist. I'm ceaselessly interacting with the world. Ich bin in unaufhörliche Interaktion mit diesem Feld. And I know this because I'm aware of it. Und ich weiß es, weil ich dessen gewahr bin. Now, if I say I am aware of it, Wenn ich nun sage, ich bin dessen gewahr, we tilt infinite awareness towards a personal consciousness. dann
verschieben wir sozusagen, neigen wir die Bewusstheit zu einem persönlichen Bewusstsein hin. So in terms of my personal consciousness, I am aware that I'm sitting in this chair. Im Sinne meines persönlichen Bewusstseins bin ich mir dessen gewahr, dass ich in diesem Stuhl sitze. Because I'm having many feedback loops about the pressure of my bum on the seat and so on. Denn ich habe hier viele Rückkopplungsschleifen, die mir quasi die Information vermitteln, dass mein Hintern hier auf die Kissen drückt und so weiter. But there is also a much wider awareness. When we just relax a little bit, everything is here. Aber da gibt es auch noch eine viel größere, weitere, umfassendere Bewusstheit. Und wenn wir uns ein bisschen entspannen, dann ist alles da. This is what is arising for me. Und das ist das, was für mich ersteht. The status of what I encounter is fundamentally that it is experience, it is thisness. Und der Status dessen, dem ich begegne, ist fundamental die, dass sie immer eine Erfahrung ist. Und zwar, das ist sozusagen die Istheit. This is a unified field of experience. Das ist ein vereintes Feld der Erfahrung. It all comes at once. Und kommt sozusagen alles auf einen Schlag. Then we can chop it up with our concept. Und dann können wir es natürlich in Scheiben schneiden durch unsere Begriffe. I see the closed door, I see the glass doors to the garden. Ich sehe da die verschlossene Tür, ich sehe da die Glasfenster zum Garten hin. And by applying this identification, I slice up this world which arrived all at once into a series of things. Und durch diese Tätigkeit, Dinge in getrennte Portionen aufzuschneiden, bewirkt, dass ich quasi das, was eigentlich alles auf einmal, auf einen Schlag erschienen ist, in eine Sequenz von Erfahrungen aufteile. This is what he means when he says, the mind's natural clarity is pure and all-pervading. Und das ist das, was es bedeutet, wenn er hier sagt, dass die natürliche Klarheit des Geistes rein und alles umfassend oder alles durchdringend ist. All of this comes at once. All das kommt auf einen Schlag. This is the clarity of the mind. Das ist die Klarheit des Geistes. And within that clarity, if you like, as a subset of that clarity, there is me. Und in dieser Klarheit, wenn man so sagen will, eine Untermenge in dieser Klarheit, bin auch ich da. I am enworlded, and the world is emptied. Within emptiness. Man könnte sagen, ich bin eingeweltet und die Welt ist eingeleert in diese Welt der Leerheit. And this is important. This is why he says the ground comes first. Und das ist wichtig und das ist auch der Grund, warum gesagt wird, der Grund, die Basis kommt zuerst. It's not the annihilation of me. Sie ist keine Vernichtung, keine Auslöschung von mich. But I am an expression. We are each expressions moving within the field of clarity, which is fundamentally empty of self-substance. Sondern ich bin ein Ausdruck und alle wir sind Ausdruck dieses Grundes, das sich sozusagen auf der Basis zeigt, die aber selbst leer von jedweder Eigensubstanz ist. Then he says, mind itself is the maker of all samsara and nirvana. Dann heißt es hier weiter, der Geist selbst ist der Schöpfer von allem Samsara und Nirvana. Whatever you can imagine. If you're a science fiction writer, what planets and strange creatures, whatever you can imagine, this is what you imagine. Was immer du dir vorstellen kannst, selbst wenn du ein Science-Fiction-Schriftsteller bist und dir wirklich die absonderlichsten Kreaturen vorstellst, sind sie alles das, was du dir vorstellst, eben das, was du dir vorstellst. The mind is implicated in everything. Der Geist ist sozusagen in allem beinhaltet oder impliziert. We live in a culture which operates on the basis of objective materialism. Wir leben in einer Kultur, deren Grundlage ein objektiver Materialismus ist.
a world of things which exist because they are there in themselves. Wir leben sozusagen, die Welt wird uns als eine Welt von Dingen präsentiert, die existieren, weil sie Dinge an sich sind. Buddhism would say this is an incorrect view. Und das ist das, wovon es eben hier heißt, dass es eine falsche Sichtweise ist. Because we only know that things are there because we have a mind. Denn der einzige Grund, warum wir wissen, dass es da Dinge draußen gibt, ist, weil wir einen Geist haben. You can't take your mind out of the world. Wir können unseren Geist nicht aus der Welt entfernen. Because this world is revealed through our mind. Denn diese Welt wird durch unseren Geist enthüllt. In particular, it's revealed through the particular formation of our sense organs. Insbesondere wird sie natürlich auch durch die bestimmten Formationen unserer Sinnesorgane enthüllt, which allows certain features to be highlighted and other features to be hidden. Und das führt dazu, dass gewisse Merkmale sozusagen beleuchtet werden, hervorgehoben werden und andere mehr in den Hintergrund treten. So nothing anywhere of any kind can occur without the mind. Nichts kann nirgendwo erscheinen ohne den Geist. As soon as you think about it, it's to do with your mind. If you don't think about it, it doesn't exist. Wenn wir an etwas denken, dann hat das etwas mit unserem Geist zu tun. Wenn wir an etwas nicht denken, dann existiert es für uns auch nicht. Because you only know that it exists when you remember, shit, I'm too late, the shops are closed. Denn dass es existiert, wissen wir nur, wenn wir es erinnern, wenn wir denken, oh Mist, die Läden sind ja schon geschlossen. The existence of the open shop has been removed, and now you have the existence of the closed shop, with you standing outside thinking, where's my milk? Die Existenz des offenen Ladens ist beseitigt und die Existenz des geschlossenen Ladens ist eingeführt und wir stehen davor und denken, oh Mist, wo ist meine Milch? Whether you're happy or sad, whether you're lonely or surrounded by close friends and family, this is all experience. Ob wir glücklich oder traurig sind, ob wir einsam sind oder von Familie und Freunden umgeben sind, all das sind Erfahrungen. Who is the experiencer? Wer aber ist der Erfahrer? Usually we think it's me. Für gewöhnlich neigen wir zu sagen, das bin ich. But if I say I am the experiencer, as I say that, I experience myself saying I am the experiencer. Aber wenn ich dann sage, ich bin der Erfahrer, dann erfahre ich mich selbst in dem Moment des Sagens, eben, dass ich sage, ich bin der Erfahrer. So maybe there's another James inside me. Also vielleicht gibt es da so einen anderen James, der in mir sitzt. So James number 2 is aware of what James number 1 is saying. Das heißt, James Nummer 2, die ist sich bewusst dessen, was James Nummer 1 sagt. But as you had in the old East Germany, you have to keep an eye on things. So you have to have a Stasi watching the Stasi watching the Stasi. Aber wie die Ostdeutschen besonders gut wissen, musste man auf alles ein Auge haben. Und deswegen brauchte man nicht nur einfach eine Stasi, sondern man brauchte auch eine, die die Stasi überwacht, die wiederum von einer Stasi überwacht wird und so weiter. So now I need to have an infinite number of Jameses, each commenting on what the other James is thinking. Das heißt, jetzt brauche ich eine unendliche Anzahl von Jameses, die sozusagen überwachen, was der andere James tut und kommentieren. But it's not like that. Aber das ist natürlich nicht so. Our awareness of when we're walking and talking and eating and so on, this awareness is just always there. Unsere Bewusstheit, die sich ereignet, wenn wir gehen, sprechen, essen und so weiter, die ist immer da. Within our awareness, revealed by our awareness, comes the currents of thoughts, interpretations, memories, plans and so on. Innerhalb unserer Bewusstheit und enthüllt durch und in unserer Bewusstheit erscheinen auch all diese Flüsse von Gedanken, Gefühlen, Empfindungen und so weiter. And then he says, never changing, it effortlessly arises. Dann heißt es hier weiter, ohne dass sich es je verändert, steht es mühelos. The mind is empty and full. Sozusagen der Geist ist leer und voll zugleich. So the mind never changes because it's just empty. It's pervasive, infinite, empty openness.
Der Geist verändert sich niemals, weil er immer leer ist, immer offen und allumfassend, eine allumfassende Offenheit. And within it, everything is effortlessly arising. Und darin, innerhalb dessen, steht alles mühelos. Because this is your direct experience. Und das ist unsere direkte Erfahrung. Go outside, the houses, the trees, everything is there. Wenn wir nach draußen gehen, sind die Häuser, die Bäume und so weiter, alles ist da. Of course, in the conceptual interpretation, relying on the notion of 3 times, you can say this building was from the period of 1940. Natürlich in einer mehr konzeptbezogenen Interpretation, die sozusagen auf die Sequenz der 3 Zeiten, also der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beruht, da könnte man dann analysieren und sagen, ach ja, das ist jetzt, das sind Gebäude aus den 40ern. This is something you tell the building. Aber das ist etwas, was wir dem Gebäude erzählen. But the building showing of itself is now. Aber dieses Gebäude zeigt sich sozusagen in der Jetztzeit. So when he says it's devoid of conceptual elaboration, Und daher ist es frei oder leer von einer konzepthaften Ausarbeitung. if you know this city well, you can walk around the streets describing everything. You can become a tour guide. Wenn wir die Stadt gut kennen, dann können wir natürlich durch die Straßen laufen und alles Mögliche beschreiben. Wir können ja sogar ein Touristenführer werden. You can tell Berlin what Berlin is, Wir können Berlin erzählen, was Berlin ist. but Berlin shows itself Aber Berlin zeigt sich selbst infinitely, ever changingly. auf eine unendliche Weise und auf eine sich stets verändernde Weise. The tour guide is not traveling along saying, oh, that's little Mary going to school and she's not very good at grammar. Der Touristenführer wird wahrscheinlich, wenn er da seine Gruppe führt, nicht irgendwie ein Mädchen herausgreifen und denen erzählen, ah, dieses Mädchen geht jetzt in die Schule, aber sie ist ein bisschen schwach in Grammatik. But for the little girl, that's very important because she has some anxiety about school that day because they're going to have to do grammar. Aber für das kleine Mädchen ist es vielleicht eine wichtige Tatsache, denn sie hat irgendwie vielleicht ein bisschen Furcht vor Grammatik und an dem Tag ist gerade Grammatik fällig. The richness of the world is beyond description. Die Reichhaltigkeit der Welt ist aber jenseits jeder Beschreibung. Grasp and grasp and grasp as we do again and again, we never catch it. Wir können greifen, so viel wir wollen, wir werden sie niemals zu fangen kriegen. In terms of the ego, the world is excessive. Im Sinne des Ego ist die Welt exzessiv. One of my friends has a book, it's entitled 100 Places to See Before You Die. Ein Freund von mir hat ein Buch, das heißt 100 Orte, die du sehen musst, bevor du stirbst. In this town, there are millions of places to see before you die. Aber heutzutage gibt es Millionen von Plätzen, die man sehen müsste, bevor man stirbt. That would be impossible. Aber das wäre ja andererseits unmöglich. A book with that title would make you very sad. Ein Buch mit einem solchen Titel würde mich wirklich sehr traurig machen. But 100 places, oh, maybe. Aber nur 100 ist vielleicht machbar. So there we see the function of selective attention. Und hier, hier können wir die Funktion einer selektiven Wahrnehmung oder Beachtung sehen. Highlighting certain features of the world and attributing special importance and pushing so much, the most, way back into the background to be unattended to. Indem wir gewisse Merkmale der Welt sehr stark ins Schlaglicht stellen und mit einer ganz besonderen Bedeutung tränken, während so viele andere Dinge, man kann eigentlich sagen, das meiste andere, irgendwie in den Hintergrund gedrängt, in die Bedeutungslosigkeit gedrängt wird. And when he's saying that this manifestation of the clarity of the mind is effortlessly arising, means everything. Wenn also gesagt wird, dass diese Manifestationen der Klarheit auf eine mühelose Art und Weise entstehen, dann ist impliziert, alles entsteht auf mühelose Art und Weise. If we look out the window, we see the trees. Wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir die Bäume. There are hundreds of leaves, thousands of leaves, Hunderte, hundreds of thousands of leaves. Hunderttausende von Blättern. And we get them all at once. Und wir kriegen sie alle, und zwar schlagartig. If you had to describe them, it would take a very long time. Wenn wir aber jedes einzelne beschreiben müssten, das würde uns sehr viel Zeit kosten. But they are given to us in an instant.
Aber gegeben werden sie uns in einem einzigen Augenblick. But what kind of tree is that? Aber was ist denn das eigentlich für ein Baum? Then you bring in the concepts and you chop it out and you take this tree because you know, oh, that's an oak tree. I'm going to look at the oak tree because I know it's an oak tree. I don't know what the other ones are. So don't pay any attention to them. Man kann natürlich jetzt dann anfangen, Konzepte anzuwenden und zum Beispiel zu versuchen zu bestimmen, was das für ein Baum ist. Und dann funktioniert das so, dass, weil wir zufällig gerade Eichen erkennen als Eichen, findet die Eiche, die da steht, natürlich unsere besondere Vorliebe und Beachtung, weil wir sie benennen können. Ah, das ist jetzt eine Eiche, das ist was Ordentliches, das andere, das interessiert eigentlich gar nicht. This is the basic secret of our limited lives. Und das ist das grundlegende Geheimnis, unsere Leben beschränkt zu halten. I know what I like and I like what I know. Ich kenne, was ich mag und ich mag, was ich kenne. That makes a very small circle. Ein sehr kleiner Kreis entsteht dabei. There's too much to know. Ach, es gibt zu viel zu wissen. We see all these things in the world and we feel a bit stupid. Wir sehen all diese Dinge in der Welt und dann fühlen wir uns ein bisschen dumm. From the point of view of Dharma, that's because we misunderstand the nature of knowing. Und vom Standpunkt des Dharma aber ist dieses Empfinden nur, weil wir die Natur des Wissens fehlverstehen. All that clarity requires is open receptivity. Alles, was die Klarheit erfordert, ist offene Empfänglichkeit. You get everything. Wir kriegen ohnehin alles. And then you can move within that. Und dann können wir uns da drin bewegen. But if you start with selective attention, you're always going to develop more of the same. Wenn wir aber mit selektiver Beachtung beginnen, dann werden wir immer mehr vom Gleichen kriegen. Which is why they say grasping is the root of suffering. Und daher heißt es auch, dass eben dieses Greifen die Wurzel des Leidens ist. Because we can only grasp a little. Denn wir können nur ein bisschen greifen. The botanist that might know the names of all the plants in the garden might not know very much about the history and engine types of all the cars you can see in the street. Ein Botaniker zum Beispiel könnte vielleicht tatsächlich sogar alle Namen der Pflanzen, die im Garten sind, kennen. Aber er wird dann wiederum vielleicht fast gar nichts über die Geschichte oder die Entwicklung und die Modellpolitik der Autos, die man so sehr auf der Straße sehen kann, wissen. In terms of conceptual elaboration, we're all limited. There's so many things in this world we don't know. Im Sinne von konzepthaften, begrifflichen Ausarbeitung sind wir alle beschränkt. Es gibt so viele Dinge in der Welt, die wir nie wissen können. But when we relax and open, everything is here. Wenn wir uns aber entspannen und öffnen, ist alles da. And we're not then moving in a world of strange objects. Und wir brauchen uns nicht in eine Welt von seltsamen Objekten zu bewegen. But we are moving within the radiance of our own mind. Sondern wir bewegen uns dann innerhalb der Strahlkraft unseres eigenen Geistes. We are radiance moving within radiance. Sozusagen Strahlung, die sich in Strahlung bewegt. This is not what we learn in school. Nicht exakt das, was man in der Schule lernt. Everything possible appears, but without inherent self-substance. Alles Mögliche erscheint, aber ohne innewohnende Eigensubstanz. This inherent self-substance is some ways quite a strange notion. Innewohnende Eigensubstanz ist natürlich auf eine Weise ein seltsamer Begriff. So in my hand I'm holding a glass. Hier in meiner Hand halte ich jetzt ein Glas. I say a glass because it seems to be one particular glass. Ich sage ein Glas, weil es ein bestimmtes Glas zu sein scheint. And we know what glass is, we can recognize what this is. Wenn wir wissen, was Glas ist, können wir das erkennen, was es ist. We are able to formulate an interpretation of what this is. Wir sind in der Lage, fähig dazu, eine Interpretation dessen, was es ist, auch zu formulieren. The glass seems to have its own identity as an entity. Das Glas scheint seine eigene Identität als eine Entität, als ein Ding zu haben. It is a thing with a top and a bottom and a front and a back, and you can start to list its qualities. Es ist ein Ding mit einer Unterseite, einer Oberseite, mit vorne und hinten. Und wir könnten
sozusagen anfangen, eine Liste seiner Eigenschaften oder Qualitäten führen. We don't have any doubt that this is a knowable object. Kein Zweifel für uns, dass das ein Objekt ist, über das wir etwas wissen können. And it seems knowable because the thingness of the glass allows us to put a circle around it and see it as being internally identifiable because of its internal essence. Und wenn wir sagen, es ist sozusagen wissbar, das Glas ist etwas, was gewusst sein kann, liegt daran, dass wir sozusagen einen Kreis von Interpretationen um dieses Glas herum konstruieren, die uns das Gefühl vermitteln, als sei das Glas sozusagen aus sich selbst heraus identifizierbar aufgrund seiner eigenen innewohnenden Eigenschaften. The glassness of the glass is inherent in the glass. In anderen Worten, die Annahme hier ist, dass die Glasheit dieses Glases innewohnend in dem Glas selbst ist. I don't need to worry that it's maybe a dangerous dog that will bite me. Ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass es vielleicht in Wirklichkeit ein gefährlicher Hund ist, der mich beißen wird. Because it's a glass. Es ist einfach ein Glas. Because it's a glass, it won't be anything else. Und weil es ein Glas ist, wird es nichts anderes sein. Now, if you were baking and you were baking biscuits, you could turn the glass upside down to cut out the biscuits. Und wenn wir backen wären und wir wollten Kekse backen, dann könnten wir dieses Glas umdrehen und es dazu benutzen, kleine Teigkreise herauszustechen. With our imagination, we can think of thousands of uses for this. Bei entsprechender Fantasiebegabung könnte man sich tausende von Gebrauchsmöglichkeiten davon ausdenken. But because we're sensible, rational adults, we put our imagination in a box and confirm this is really a glass. Da wir aber vernünftige Erwachsene sind, lassen wir unsere Fantasie in eine kleine Kiste und bleiben dabei, dass es einfach ein Glas. So when Buddhist texts talk about inherent self-nature, or Dagye, or having this Atman, this sense of being a self, being a thing, being an identifiable object, they're trying to show the way in which it is the mind that attributes the identity to the object. The identity is not intrinsic in the object. Wenn also buddhistische Texte von dieser innewohnenden Eigennatur sprechen, Dagye auf Tibetisch oder das, was man in der indischen Sprache, indischen Kultur als Atman, als sozusagen ein innewohnendes Selbst von etwas bezeichnet, dann wollen diese Texte alle darauf verweisen, dass wenn wir sozusagen ein Objekt für innewohnend definiert oder aus sich selbst heraus bestehend betrachten, es in Wirklichkeit eben keine solche innewohnende, intrinsische Eigennatur besitzt. Now, the thing about this object is it has to be somewhere. Eine Sache mit diesem Objekt ist, dass ein Objekt immer irgendwo sein muss. When I get tired of holding it, I have to do something with it. Wenn ich müde werde, es zu halten, dann muss ich irgendwas damit machen. So I have to put it down. Also stelle ich es dahin. So before there was a glass in the hand, and now there's a glass on the table. Vorher hatte ich ein Glas in der Hand, jetzt gibt es da ein Glas auf dem Tisch. The glass always has an environment, a context. Dieses Glas hat also immer eine Umgebung oder einen Kontext. When you see the glass, wenn ihr das Glas seht, you take the hand for granted. Ihr nehmt dann die Hand sozusagen als gegeben. By focusing on the glass, the hand becomes invisible. Indem wir uns auf das Glas fokussieren, wird die Hand unsichtbar. But we need the hand, otherwise it falls on the floor. Aber wir brauchen die Hand, weil sonst fällt das Glas auf den Boden. The glass is always somewhere. Das Glas ist immer irgendwo. We are always somewhere. Und auch wir sind immer irgendwo. The environment is not secondary. Es ist nicht so, dass die Umgebung sozusagen sekundär ist. We are moving in space.
Wir bewegen uns immer im Raum, as part of space, als Teil dieses in Raums conversation with space. und in einem Austausch mit dem Raum. The glass is here due to causes and circumstances. Und das Glas ist auch hier aufgrund von Ursachen und Bedingungen. It hasn't always been here. Es ist nicht immer da gewesen. It's been somewhere in a shop. Vielleicht, Before it was in the shop, was with the distributor. Before that, it was in the factory where it was made. es war irgendwo, vielleicht in einem Laden, und bevor es im Laden war, war es bei dem Großhändler, und bevor es beim Großhändler war, war es in der Fabrik, wo es gemacht wurde. These causal circumstances are inseparable from the cup, from the glass. Und diese kausalen Umstände sind untrennbar mit diesem Glas verbunden. And due to causes and circumstances, after some time it will get chipped and then it will be put out. Aufgrund von Ursachen und Umständen wird das vielleicht dann auch irgendwann mal Kerben bekommen und irgendwann mal wird es vielleicht ausgemistet. And nowadays it'll probably be recycled and become another glass formation. Heutzutage wird es dann vielleicht wieder in Umlauf gebracht in Form eines anderen Glases. The forces of maintenance that allow this glass to be here are implicit in the glass. Die Kräfte, die sozusagen der Aufrechterhaltung, die dem Glas erlauben, hier zu sein, sind implizit in dem Glas mit enthalten. When we make them explicit by talking about them, it seems a bit strange because we usually disregard the contextual and supportive factors which are actually part and parcel of the glassness of the glass. Wenn wir sozusagen sie versuchen explizit zu machen, indem wir darüber sprechen, dann erscheint das manchmal ein bisschen seltsam, denn wir sind es gewohnt, sozusagen das Glas aus diesem Kontext herauszunehmen, die aber untrennbar sozusagen als Teil und Bestand dieser Glasheit des Glases mit zu berücksichtigen sind. When you're at school, you often get a task like today we have to write the story of the glass. Wenn wir in der Schule sind, dann kriegt man manchmal so ein Thema, dann heißt es, heute schreiben wir eine Geschichte über das Glas. I was born in a great roaring hot fire. I was poured liquid into a mold. Oder in einem großen, heißen Feuer geboren und dann wurde ich als Flüssigkeit in eine Form gegossen. They packed me and shook me, moving in a big truck all through Germany. Dann haben sie mich gepackt und in einen großen Lastwagen, wo ich hin und her geschaukelt bin, durch ganz Deutschland gefahren. But luckily, a kind man in orange robes gave me refuge in this Buddhist center where people treat me with great caution and respect. Glücklicherweise hat ein sanfter Mann in roten Roben mich in ein buddhistisches Zentrum gestellt, wo ich mit großem Respekt und Vorsicht behandelt werde. But I've heard gossip that some of my brothers and sisters have ended up in bars where people get drunk and smash the glasses on the ground. Aber ich habe Gerüchte gehört, dass einige meiner Brüder und Schwestern in Bars gelandet sind, wo die Leute aus meinen Geschwistern Alkohol trinken, betrunken werden und mich dann am Boden zerschmettern. So, all of this is possible because we imagine that the glass has a life. All das ist möglich, weil wir uns dann vorstellen, dass das Glas ein Leben hat. This is our mind. Das aber ist unser Geist. This is our creativity, our interpretation. Das ist unsere Kreativität, unsere Interpretation. Without the mind, there is no glass. Ohne diesen Geist gibt es dieses Glas nicht. And it's really helpful to keep looking and looking until you see that this is the case. Und es ist wirklich hilfreich, damit fortzufahren, zu schauen und zu schauen, bis wir wirklich erkennen, dass das der Fall ist. Because these are the two choices. Either this is a dead object, Das sind die zwei Wahlmöglichkeiten, die wir haben. Entweder ist es ein totes Objekt or it's a vibrant moment of my experience, oder es ist ein vibrierender Augenblick meiner eigenen Erfahrung. part of this
changing field of light and sound and sensation, which is ever moving. Sozusagen ein Teil dieses stets sich verändernden Feldes von Klang, Farbe und Schwingung und so weiter, die sich ständig verändern. When we understand it as experience, then the clarity of the recognition that everything is the mind is instantly there under all conditions. Wenn wir das als Erfahrung verstehen, dann ist die Klarheit zu erkennen, was das ist, wie es ist, anwesend unter allen Umständen, immer. And so the particular moments that arise are patternings of clarity. So werden alle Augenblicke, die entstehen, zu Mustern von Klarheit. They don't leap out and become things in themselves. Sie führen uns aus dieser Klarheit nicht heraus, um Dinge an sich zu werden. Neither are they just collapsed into being emptiness. Auch werden sie nicht einfach nur zusammenkollabiert, zusammengebrochen zu Leerheit. But we find ourselves fully present, moment by moment, in the vital revelation of the field of clarity. Sondern wir finden uns vollkommen gegenwärtig, Augenblick für Augenblick gegenwärtig in dem, sozusagen in der vitalen Enthüllung der Wirklichkeit. Mind is profound, precise, and beyond all measurement. Der Geist ist tiefgründig, präzise und jenseits jeder Ermessbarkeit. So, when it's profound, it means you can't get to the bottom of it in any way. Wenn er tiefgründig ist, dann heißt es, dass wir niemals den Boden erreichen können. And it's precise because it is what it is and is not anything else. Und präzise ist er, weil er das ist, was er ist und nichts etwas anderes. Whatever you imagine the mind is or tell yourself that the mind is, that is not what the mind is. Was immer man sich vorstellt, was der Geist ist, oder was immer man sich selber vorsagt, was er sei, das ist sicherlich nicht der Geist. And it's beyond all measurement because being without beginning or end, you can't find an edge to it, which would then help you put it in relation to anything else. It is beyond relativity. Und jenseits der Messbarkeit zu sein oder des Ermessens zu sein, ist, weil indem der Geist vollkommen unbegrenzt ist, keinerlei sozusagen Ende bietet, an dem man eine Markierung setzen könnte, die es erlauben würde, es etwas anderem gegenüberzustellen, ist der Geist jenseits von Relativität. It may seem to exist, but is actually void due to the nature or quality of entities and signs. Es könnte erscheinen, als würde er existieren. Er ist aber in Wirklichkeit leer aufgrund der Natur von Entitäten oder Dingen und Zeichen. So I can say, my glass is in my hand, and I know this using my mind. Ich würde natürlich sagen, mein Glas ist in meiner Hand und ich weiß das, indem ich meinen Geist benutze. So using the formulation, my feet, my shoes, my mind, Indem wir also diese Formulierung von meine Füße, meine Schuhe, mein Geist und so weiter benutzen, the normal way in which we create the illusion of self-existing entities, ist die normale Art und Weise, wie wir die Illusion von aus sich selbst heraus bestehenden Dingen oder Entitäten erschaffen. I can apply this to the mind and talk about my mind as if it was something I possess. Das kann ich natürlich auch auf meinen Geist anwenden und von meinem Geist als etwas sprechen, was ich besitze. But he's saying that when this appears to be the case, when you appear to have a mind which functions as your mind, this is your own construct, this is an interpretation. Aber das ist das, was er sagt, dass wenn es geschieht, dass wir sozusagen glauben, unseren eigenen Geist zu haben, der uns gehört, dann geschieht diese Identifizierung unseres eigenen Geistes aufgrund unserer eigenen Konstrukte und Interpretationen. So you may then think, okay, well, there is no mind.
Man könnte dann denken, na gut, dann gibt es eben überhaupt keinen Geist. But then he says, it may seem not to exist, yet it shows many illusory forms. Dafür sagte dann aber, es könnte den Anschein haben, dass er nicht existiert und doch zeigte viele illusorische Formen. Experience continues. Denn die Erfahrung setzt sich fort. We wouldn't have experience without an experiencer. Und wir würden diese Erfahrung ohne einen Erfahrer nicht haben. And yet we can't find a defined, enduring entity, which is the experiencer. Und doch können wir keine definierende und bleibende Entität finden, die als der Erfahrer zu bezeichnen wäre. The ever empty mind reveals itself as a clarity which pervades the space of awareness, but doesn't fill awareness and make it into a thing. Dieser stets leere Geist enthüllt sich in seiner Form als Klarheit und zeigt sich in dem Raum, offenbart sich in dem Raum, aber füllt den nicht so aus, dass er sozusagen zu etwas wird, was wir dann als ein Ding betrachten könnten. So, we'll have a break in a moment for lunch. Wir werden gleich eine Pause zum Mittagessen haben. Go outside and look around. Könnten draußen umhergehen und schauen. You walk out the front door, you see trees, houses, cars, people walking. Wenn wir aus der Vordertür herausgehen, sehen wir Bäume, Autos, Häuser und so weiter, Leute. Moment by moment, this is complete. Augenblick für Augenblick ist das vollständig. You turn your head one way, whole new vista, and it's all there. Wenn wir unseren Kopf wenden, dann ist da eine ganz neue Sicht und die ist auch komplett da. When you turn your head the other way, it's a whole new world. Und wenn man dann den Kopf andersrum wendet, dann ist auch da wiederum eine ganz neue Welt. It happens at once. Und das geschieht alles auf einen Schlag. And this goes on all day long. Und das passiert den ganzen Tag lang. No, you can't pour a liter into this cup, into this glass, Nun, in dieses Glas kann man keinen Liter hineingießen, because it has a limit. denn das Glas hat eine Grenze. But all day long, you encounter billions and billions and billions of phenomena. Wir aber Billions. begegnen einen ganzen Tag lang Billionen von Billionen von Billionen von Phänomenen, von Erscheinungen. There's a lot of pieces of grass growing out there. Es gibt eine ganze Menge von Grashalmen, die da wachsen. The empty mind embraces everything because it shows everything. Und der leere Geist empfängt das alles, weil er eben alles zeigt. The mind is not a thing. Geist selbst ist kein Ding. Its infinite openness is its hospitality to the richness of what is manifesting. Seine unendliche Offenheit ist gleichzeitig auch seine Gastfreundschaft gegenüber dem Reichtum dessen, was sich alles manifestiert. And within this hospitality, there is a place for you. In dieser Gastfreundschaft befindet sich auch ein Ort für uns. And you get up and you go and you get your plate and you put your food on your plate and you put it in your mouth. Und wir gehen raus und kriegen einen Teller und auf dem Teller unser Essen und dieses unser Essen tun wir in unseren Mund. And daily life continues to unfold within this great mystery. Und das tägliche Leben setzt sich sozusagen in seiner Entfaltung fort in diesem großen Wunder. Ja, guten Appetit. Bon Appetit. James, 2:30? What's about 3? But if we can meet back and do some more practice before, but looking at the text, we'll start at 3. Continue with the text. Machen wir den Text weiter.
Mind's original nature is beyond thought, and it does not become an object of thought. Die ursprüngliche Natur des Geistes ist jenseits des Gedanken oder des Denkens und wird auch kein Objekt des Denkens. So this is very, very important for us. And it's a kind of wake-up call to say that the domain that we're used to, the way of practicing that we're used to, is not sufficient to take us to where we want to go. Und das ist ja ein sehr wichtiger Punkt und auch eine Art Wachruf, zu begreifen, dass die ursprüngliche Domäne oder der ursprüngliche Bereich unserer Praxis, also das, was wir zu tun gewohnt sind, uns nicht dorthin bringen wird, wo wir hinkommen wollen. That thought cannot reach this original nature. And the original nature is not an object that can be apprehended by a thought. Unser Denken, der Gedanke kann uns nicht oder kann die ursprüngliche Natur nicht erreichen. Und die ursprüngliche Natur ist auch nicht etwas, was sozusagen durch den Gedanken oder den Denkprozess erfasst werden kann. So again, we have to be clear about the relation of wisdom and compassion. Und hier muss man sich wieder im Klaren sein über die Beziehung zwischen Weisheit und Mitgefühl. Thoughts are necessary for communication and connection with others. Gedanken sind notwendig, um zu kommunizieren, um mit anderen Verbindung aufzunehmen. But they don't help us to awaken to the actuality of our mind itself. Aber sie erlauben oder helfen uns nicht, zu der Tatsächlichkeit unseres Geistes selbst zu erwachen. So, if the mind's not an object, it's like it's pure subjectivity. Wenn der Geist also kein Objekt ist, dann ist er sowas wie eine reine Subjektivität, That finds its aliveness die ihre eigene Lebendigkeit wiederfindet. through just being open. Und zwar dadurch, dass sie einfach offen ist. It's impossible really to describe this in language. Und das ist unmöglich, das wirklich durch Sprache zu beschreiben. For example, if you were running down a steep hillside or skiing down a fast slope, Also zum Beispiel einen steilen Hang herunterrennen würde oder einen Steilhang mit Skiern herunterfahren würde, you can't work out what to do. dann können wir nicht wirklich herausarbeiten, was zu tun ist. Because the speed of your movement through the environment is faster than your thought can process. Denn die Geschwindigkeit unserer Bewegung durch die Umgebung ist schneller, größer als die Geschwindigkeit unserer Gedankenverarbeitung. So you have to trust your intuitive connection with what is happening. Das heißt, wir müssen uns dort auf unsere intuitive Verbindung zu dem, was geschieht, vertrauen oder darauf stützen. In situations like that, people often describe that they suddenly swerve and they don't know why, but it was good. Swerve? They suddenly swerved to avoid a rock or something. Yeah. They couldn't have known to do it, but they just did it. Und Leute in solchen Situationen beschreiben, dass sie manchmal einen Schwenker gemacht haben und eigentlich nicht wirklich sagen konnten, warum sie das getan haben. Aber im Nachhinein wissen sie, dass es gut war, weil da vielleicht ein Felsen im Weg war oder dergleichen. So, the awareness, which is the quality of this open mind, is like an intuition in which we have knowing prior to thinking. It's a pre-cognitive intelligence. Und so ist die Bewusstheit sozusagen eine Art Intuition, die dem Geist vorgeschaltet ist oder dem Denken vorgeschaltet ist. Eine präkognitive Fähigkeit. Because our intuition reveals
our participation in the situation. Whereas when you start to think about something, it separates you from the situation and then tries to build a conceptual bridge back towards what you've separated from. Denn unsere Intuition enthüllt die aktuelle Situation für uns, während das Denken über eine Situation uns von der Situation gewissermaßen zuerst abtrennt, um dann eine mehr konzeptuelle Verbindungsbrücke zu der Situation wieder zu schlagen. He says, it's impossible to say what it is like. Dann heißt es hier, es ist unmöglich auszudrücken, wie es ist. Well, maybe we could just stop here. Das wäre ein guter Punkt, mal anzuhalten. There's a lot of words in the Dharma. Im Dharma gibt es natürlich viele Wörter. But if it's impossible to say what it's like, Wenn es aber unmöglich ist, auszudrücken, wie es ist, this is like a very helpful warning to us. dann sollten wir das als eine sehr hilfreiche Warnung für uns nehmen. That whenever we seem to be coming to a conclusion, to have found out what is going on, Dass nämlich, wann immer wir scheinbar zu einer Schlussfolgerung gelangen, sozusagen das Gefühl haben, wir haben es jetzt endlich rausgefunden, was vor sich geht, this is just another mode of deception. dann sind wir bloß einer anderen Modalität des Selbsttäuschung anheimgefallen. The mind cannot be known in the manner of knowing an object. Der Geist kann nicht bekannt sein in der Art und Weise, wie man ein Objekt kennt. But we can relax into being present as the mind itself. Wir können uns aber entspannen, um gegenwärtig zu sein als Geist selbst. It's a direct, it's not even really an experience, it's a direct showing. Und das ist etwas Unmittelbares. Man kann nicht einmal dazu eine Erfahrung sagen, sondern es ist etwas wie ein sich unmittelbares Zeigen. The traditional example for this is if somebody doesn't know what is the word sweet means. Das traditionelle Beispiel dafür ist, wenn jemand nicht weiß, was das Wort süß bedeutet. You can try to explain again and again what sweet is. Kann man natürlich versuchen, mit Worten zu erklären, wieder und wieder erklären, was süß bedeutet, What it tastes like. wie es schmeckt. But taste like is again always at one remove. Aber wenn man sagt, wie es schmeckt, dann ist es immer sozusagen schon um eine Station entfernt. But if you just take a spoonful of honey and put it on their tongue, Wenn wir aber einen Löffel voller Honig auf unsere Zunge tun, oh, this is sweet. dann haben wir eine sozusagen direkte Erkenntnis, was süß heißt. And then you ask them to say, oh, now you know what sweet is, can you tell me? Wenn wir dann die Person sagen, na, jetzt weißt du doch, was süß heißt, kannst du es mir erklären? It's not possible. Ist nicht möglich. So it's just like that. We have our mind and we come into being fully present as our mind. Und so ist das. Wir haben unseren Geist und wir kommen in die völlige Gegenwärtigkeit als unser Geist. It's undeniable because it's there. Und das ist nicht zu leugnen, denn es ist einfach da. And yet it's not a thing that can be described. Und dennoch ist es kein Ding, das beschrieben werden könnte. Generally speaking, in our modern world, things have to be describable to be believed. Allgemein gesprochen, in unserer modernen Welt müssen die Dinge aber beschreibbar sein, damit man ihnen Glauben schenken kann. The kind of basic benchmark for science is that you develop a hypothesis, you carry out an experiment, you have a result, and then you replicate it, and then you get somebody not concerned with your program to replicate it. Der allgemeine Maßstab für wissenschaftliches Vorgehen ist, dass man eine Hypothese formuliert, dass man dann Experimente durchführt, um sie zu verifizieren, dass man dann versucht, dieses Experiment zu wiederholen, sodass man gleiche Ergebnisse bekommt und dann jemand dann in die Durchführung des Experiments involviert, der nicht mit unserem eigenen Programm verbunden ist. And that is taken as an objective proof.
Und dann wird das als eine Art objektiver Beweis betrachtet. You can look at the data, and if it can be repeated, getting the same data, that must be correct. Man schaut sozusagen die Messdaten an und wenn man zu der Schlussfolgerung kommt, dass es möglich ist, die Daten zu reproduzieren, dann müssen sie korrekt sein. But this is not about creating some kind of product. There is no objective proof. Aber hier geht es nicht darum, irgendeine Art Produkt hervorzubringen. Es geht nicht um irgendeine Art objektiven Beweis. Oh, so how would we know if we're not just cheating ourselves? Also wie können wir denn sicher sein, dass wir uns nicht einfach selbst betrügen? Well, we stay with the practice. Nun, wir bleiben einfach mit der Praxis oder bei der Praxis. You come to a conclusion, Kommen wir zu irgendeiner Schlussfolgerung, just stay with the conclusion. so bleiben wir mit der Schlussfolgerung. If the conclusion is conceptual, it will vanish. Wenn die Schlussfolgerung eine konzeptuelle Schlussfolgerung wird, sie verschwinden. If it is the showing of the mind itself, it will continue. Wenn es aber das sich Zeigen des Geistes selbst ist, dann wird es sich fortsetzen. Because the mind is, but it isn't as an object. Denn der Geist ist, aber er ist nicht als ein Objekt. Beyond thought, it's inexpressible. Wie es hier heißt, jenseits des Denkens ist er unausdrückbar. It's not touched by any faults or good qualities whatsoever. Er, also der Geist oder sie, die Natur des Geistes, wird nicht von irgendwelchen Fehlern oder guten Qualitäten berührt. This is often referred to as kada, as primordial purity. Und da bezieht man sich darauf oft in den Begriff Kada, also als die ursprüngliche Reinheit. Which means, if you were thinking of it in terms of language, when you have a noun, you can qualify or modify its meaning with adjectives and adverbs. Und das bedeutet im Sinne der Sprache, dass wenn man ein Nomen hat, dass man es mit Adjektiven und Adverbien modifizieren kann. You have something, and then you can say it's good or it's bad. You can say it's good, but not quite as good as that. Dann, wenn man also etwas hat, dann kann man es sozusagen als gut oder als schlecht bezeichnen, oder man kann auch Vergleiche anstellen und sagen, es ist nicht so gut wie das. Because you can evaluate it and compare and contrast it with something else. Denn wir können es sozusagen auswerten und dann mit etwas anderem kontrastieren, This in relation to that. nämlich als dieses in Beziehung zu jenem. But the mind is not a this. Aber der Geist ist nicht ein dieses. It is, but it's not something you can define as being something. Er ist, aber er ist nicht ein Etwas, das man als ein Etwas definieren könnte. And being empty, it cannot be qualified in any way. Indem er leer ist, kann er auch in keiner Weise irgendwie gekennzeichnet oder qualifiziert werden. There's nothing to stick the assertion of a good quality or a bad quality onto. Man könnte also keinen Sticker dran kleben, der irgendwie eine gute oder eine schlechte Eigenschaft feststellt. It's not altered by circumstances. Er wird nicht durch Umstände gewandelt. Anything in this world can be altered by circumstances. In dieser Welt kann alles durch Umstände gewandelt werden. There used to be many statues of Karl Marx around, and most of them have fallen down. Hier gab es in der Vergangenheit eine Menge Statuen von Karl Marx und die meisten von ihnen sind niedergerissen worden. I saw a lonely one sitting under a tree up one of the big roads. James sagte, er hat eine Einsame gesehen, die unter einem Baum gesessen ist. At one time, it's very important. Es gab eine Zeit, da waren sie sehr wichtig. People would stand there and make speeches and celebrate this founding father of this whole lineage of the people's way of being. Leute pflegten darunter oder daran zu stehen und ganze Reden zu halten und feierliche Ansprachen in Bezug auf diesen Gründungsvater einer ganzen Linie von
der Linie der Seinsweise, eine bestimmte Seinsweise für ein Volk zu feiern. Because we take something like a statue representing a person as a thing, and so it can be qualified wonderful or rubbish. Denn wenn wir eine Statue sozusagen als Repräsentant einer Person, als ein vorhandenes Ding nehmen, dann können wir sie natürlich auch qualifizieren als wunderbar oder als Müll. And one of the important side effects of being able to say Karl Marx is great or Karl Marx was like a demon is that by asserting my opinion about Karl Marx, I'm confirming that I am a smart guy. Eine der Nebenwirkungen dieser möglichen Feststellung zu sagen, dass Karl Marx ein großartiger Kerl war oder dass Karl Marx ein Dämon war, die ist, dass man nämlich gleichzeitig sicherstellen kann, dass man sich selbst die Rückkopplung gibt, dass man ein ziemlich cleverer Bursche ist. When we talk about the object, we are implicitly talking about the subject. Wenn wir also über ein Objekt sprechen, dann sprechen wir implizit auch über das Subjekt. The food here is good. Das Essen hier ist gut. This is about me. Und das handelt eigentlich von mir. I am confirming my existence as somebody who can make a valid judgment. Ich bestätige meine eigene Existenz als die von jemandem, der auch ein gültiges Urteil fällen kann. It may appear as if I'm talking about things out there that have nothing to do with me. Es könnte erscheinen, als würde ich über Dinge sprechen, die da draußen sind und die mit mir selber überhaupt nichts zu tun haben. But there's a kind of undertow, which is a confirmation of my own existence. Aber da schwingt ein Unterton mit, der nichts anderes als eine Bestätigung meiner eigenen Existenz ist. So this is why we have to be quite careful with making judgments and evaluations. Und das ist der Grund, warum wir bei Urteilen und Bewertungen sehr sorgfältig sein müssen. Because although explicitly about the object, implicitly it's about the individual ego being confirmed as an agent of truth. Und obwohl wir natürlich explizit über ein Objekt sprechen, sprechen wir implizit über das eigene Ego als einem Agens, das in der Lage ist, gültige Wahrheit festzustellen. Mind's original nature is not obscured by any good or bad karmic conditions. Die ursprüngliche Natur des Geistes wird durch keine guten oder schlechten karmischen Bedingungen verdunkelt. Karma means activity and the consequences of activity. Karma steht für Aktivität und ihre Konsequenzen. So an activity is a movement of energy in the field of energy. Eine Aktivität ist eine Bewegung von Energie in einem Energiefeld. Energy makes an impact on other energetic structures. Energie bewirkt einen Eindruck, einen Einfluss auf andere energetische Strukturen. So you can make a cup of coffee, you can put your shoes on. Man könnte so eine Tasse Kaffee kochen, man könnte seine Schuhe anziehen. In all of these situations, energy is operating on energy. In all diesen Situationen operiert sozusagen Energie auf Energie It makes a mark. und hinterlässt eine Spur. As you put your foot into the shoe, the leather expands a bit to give room for the foot. Wenn man seinen Fuß in den Schuh stellt, dann dehnt sich das Leder ein bisschen, um dem Fuß Raum zu gewähren. Energy influences energy. Energie beeinflusst Energie. But energy doesn't influence nothing. Aber Energie beeinflusst nicht nichts. It would have nothing to work on. Energie würde nichts haben, woran sie arbeiten könnte. If you're a potter and you run out of clay, what are you going to do? Wenn man ein Töpfer ist und einem der Ton ausgeht, was willst du machen? The hands are ready, the wheel's ready. Where's the clay? Die Hände stehen in Bereitschaft, das Rad dreht sich, aber wo ist der Ton?
So this is what it means, that karma as this interactive field in which we experience the consequences of our previous actions, and in reacting to these situations now we prepare tendencies which will manifest in future times. Es ist sozusagen Karma ist ein interaktives Feld, in dem wir einerseits die Konsequenzen unserer früheren Aktionen empfangen und gleichzeitig gewissermaßen gewisse Neigungen und Erfahrungsmöglichkeiten vorbereiten, die künftig erfahren werden können. The individual self, or the ego, lives in a world of patterning. Denn das individuelle Selbst oder das Ego, das lebt in einer Welt der Musterbildung. We are all born with our slice of luck, our share of qualities. Wir alle werden mit unserer Scheibe an Glück und mit unserem Anteil an möglichen Qualitäten geboren. Some babies die in the womb, other people are born and live to be 100. Manche Babys sterben schon im Schoß, andere leben 100 Jahre. Some people live to 100, but with a lot of pain in the last 40 years. Some people live to be 40, but are very healthy until they die. Manche Leute leben zwar 100 Jahre lang, aber mit einer Menge Schmerzen die letzten 40 Jahre. Andere leben vielleicht nur 40 Jahre, aber sehr gesund, bis sie sterben. That is to say, there are many different patterns to existence. Es drückt aus, dass es für die Existenz viele verschiedene Muster gibt. The patterning of our existence is something we can influence, but we don't wholly determine. Die Struktur der Muster unserer eigenen Existenz können wir bis zu einem gewissen Grade schon beeinflussen, aber wir sind keineswegs irgendwie dafür verantwortlich oder fähig, sie zu bestimmen. Well, this is what karma is. It's a pattern influencing pattern influencing pattern. Das ist das, was Karma bedeutet, dass Muster, die andere Muster beeinflussen, die wiederum andere Muster beeinflussen. These patterns are interactive. Und diese Muster sind interaktiv. If you go to where a river is flowing into the sea, Wenn wir zu einer Flussmündung eines Flusses im See gehen, you can see this complex turbulence of the meeting of waters. können wir die komplexen Wirbel, Turbulenzen der sich begegnenden Wässer sehen. The amount of water coming down the river may be influenced by melting snow and so on. Die Menge des Wassers, das durch den Fluss runterkommt, ist wiederum vielleicht beeinflusst von der Menge des Schmelz. The sea is influenced by the movement of the tides, by the wind and so on. Und die See selbst ist vielleicht beeinflusst von Gezeitenbewegung, von Winden und so weiter. This is like our individual energy moving in the world of energy. Das ist so wie mit unserer individuellen Energie, die sozusagen in die Welt von Energie hinausgeht. When the tide is going out, the river flows into the receding water. Wenn die Ebbe gerade einsetzt, dann fließt das Wasser des Flusses sozusagen hinter dem sich zurückziehenden Wasser hinterher. And there's a kind of synergy or harmony then. Und dann gibt es irgendeine Art von Synergie oder Harmonie. But when the tide is coming up and rising up the pulse of the river, you get turbulence. Wenn aber die Flut kommt, das heißt das Wasser steigt, dann begegnet der Fluss einem steigenden Wasser und es erzeugt viele Turbulenzen. So this is how we experience our life. Sometimes we seem to be in harmony with the environment, the circumstances around us, and we seem to almost be carried on a wave of good fortune. Things go easily. In other times, everything seems to be a terrible struggle. Das ist genau die Art und Weise, wie wir unser Leben erfahren. Manchmal scheint alles gut zu gehen. Wir scheinen geradezu auf eine Welle von Wohlergehen zu reiten. Alles scheint zu passen, scheint harmonisch zu funktionieren. Alles geht gut und zu anderen Zeiten begegnen wir praktisch mit allem, was wir tun, irgendwelchen furchtbaren Widerständen und Turbulenzen. And the difference between good karma and bad karma is
between whether an action was, the intention behind an action was harmonious and complementary or disharmonious and conflictual. Die Entscheidung, ob ein Akt, also sozusagen ein Akt guten oder schlechten Karmas ist, liegt in der Intention, in der Absicht, ob die Intention hinter einer Handlung sozusagen harmonisch und fördernd ist oder ob sie disharmonisch und auf Konflikt ausgerichtet ist. If I decide to steal some of your money, my intention is to help myself. Wenn ich mich entschließe, zum Beispiel ein bisschen von eurem Geld zu stehlen, dann ist meine Intention, mir selbst etwas Hilfe zu verschaffen. If I'm not just a thief, but a badass thief, I might also be happy that you will be unhappy. Wenn ich nicht bloß ein Dieb bin, sondern sozusagen dabei auch noch ein Arschloch, dann bin ich vielleicht glücklich noch darüber, dass ihr unglücklich seid. My intention is against you and for me. Das heißt, meine Intention wird dann nicht nur für mich sein, sondern auch gegen euch. But if I see that you look hungry and you have no money and I give you 20 euros, I'm wanting you to be happy. Wenn ich aber sehe, dass ihr hungrig seid und ihr habt kein Geld und ich gebe euch 20 Euro, dann ist meine Absicht, euch glücklich zu sehen. My action is harmonious with the line of your condition. Dann ist mein Handeln harmonisch mit der Linie eurer eigenen Situation. I am for the other. Dann bin ich für den anderen. So, good karma is action arising from being for the other. Ein gutes Karma ist die Handlung, die sozusagen das Sein für andere bedeutet. And it results in situations in which the other, including the environment, is for you. Und das entsteht aus Situationen und diese Situation beschließt sozusagen die anderen und damit auch die ganze Umgebung für uns ist. And when you have the development of bad karma, it's on the basis of having thoughts and actions and satisfaction with the action, which is disharmonious. And the consequence is to have disharmonious experiences yourself of the environment being against you. Und schlechtes Karma entsteht sozusagen aus Handlungen, die deren Intention eben unharmonisch ist, gegen diese Harmonie wirkt und die Konsequenzen sind dann, dass die Erfahrungen, die man selber hat, ebenso disharmonisch sind und sich scheinbar gegen uns selbst richten. These experiences generate our feelings of happiness and sadness. Und diese verschiedenen Arten von Erfahrung können unser Empfinden von Glück oder Traurigkeit generieren. Nobody has happiness that lasts forever. Nobody has suffering that lasts forever. Niemand aber erfährt Glück, das für immer währt, und niemand erfährt Leid, das für immer währt. These rippling movements of pattern formation do not touch the ever-open actuality of the mind itself. Diese wellenförmigen Bewegungen der ständigen Musterbildung berühren niemals sozusagen den Geist selbst. That means you won't become a Buddha by being a good girl. Mit anderen Worten, wir werden nicht zu einem Buddha, indem wir ein gutes Mädchen sind. Being a good girl or a bad girl is not the path to awakening. Ein gutes Mädchen oder in dem Zusammenhang ein schlechtes Mädchen zu sein, ist kein Weg zum Erwachen. But it is the path to having good or bad conditions. Aber es ist natürlich ein Pfad, um gute oder schlechte Bedingungen zu haben. These are two registers of experience. They are not identical. Das sind natürlich zwei Register der Erfahrungen, sie sind nicht identisch. So, although it's very important to practice virtue and help other people, that in itself is not enough to open us to our own situation. Und das heißt, obgleich es wirklich sehr wichtig ist, tugendhaft zu handeln und anderen zu helfen, ist das aus sich selbst heraus noch nicht der Pfad, um sich selbst unsere tatsächlichen Situation gegenüber zu öffnen. Then he says our awareness is not stained
by all the impurities of reliance on signs. Dann heißt es hier weiter, unsere Bewusstheit wird nicht beschmutzt durch all die Unreinheiten uns Verlassens auf Zeichen. And this links to the next sentence. None of the names of all the phenomena of samsara and nirvana can be applied to it. Und das hat eine Verbindung zum nächsten Satz, in dem es heißt, keines der Namen für all die Phänomene des Samsara und Nirvana können auf sie, also die Bewusstheit, angewandt werden. This is a theme that you find a lot in Buddhist philosophy. Das hier ist ein Thema, das man also sehr oft in der buddhistischen Philosophie findet. That we get lost according to signs. Nämlich, dass wir entsprechend mit den Zeichen verloren gehen. For example, Padmasambhava in one of his texts says, it's like looking in the distance and seeing a man in a field when in fact it's a pillar. Padmasambhava sagt in einem seiner Texte, dass es so ist, wie wenn man in die Ferne schauen würde und im Feld einen Mann stehen sieht, der in Wirklichkeit eine Säule ist. You take the shape and interpret it according to the projection of your sign onto it. Wir nehmen eine Gestalt und interpretieren sie gemäß der Projektion unseres eigenen Zeichens auf diese Gestalt. It looks like a man, it reminds me of a man, it could be a man, it is a man. Es schaut aus wie ein Mann, es erinnert mich an einen Mann, es könnte ein Mann sein, es ist ein Mann. So we hold on to the sign, the signifier, as the basis for establishing knowledge. Wir halten also sozusagen am Zeichen fest, an dem Bedeutungsträger fest, als eine Basis, um Wissen zu begründen. Today is Saturday. Heute ist Samstag. That's important to know. Was wichtig ist zu wissen. In real terms, it's completely meaningless. In Wirklichkeit ist es völlig bedeutungslos. If you were lying in bed dying, it wouldn't matter. Wenn wir jetzt gerade im Bett liegen würden, um zu sterben, wen würde das interessieren? God, protect me from dying on Saturday. Gott, beschütze mich davor, am Samstag zu sterben. That's not the consideration. Dear God, protect me from dying. That makes more sense. Aber das ist ja nicht wirklich das Problem. Wenn wir jetzt beten würden, lieber Gott, beschütze mich vom Sterben, das wäre vielleicht sinnvoll. But it helps to know what day of the week it is. Trotzdem ist es natürlich hilfreich zu wissen, welchen Wochentag wir haben. These are conventional signs. Und das sind natürlich konventionelle Zeichen. Conventions are the ways in which we cut up the world. Konventionen ist die Art und Weise, mit der wir die Welt in Stücke schneiden. Friday is holy for the Muslims, Saturday is holy for the Jews, Sunday is holy for the Christians. Freitag ist heilig für die Muslime, der Samstag für die Juden und der Sonntag für die Christen. It's up for grabs. So, It means you make these things up. das ist was Ausgedachtes. There is no intrinsic holiness in one day or another. Es gibt keine innewohnende Heiligkeit in dem einen oder in dem anderen Tag. But if you believe, if you invest that conventional system with importance, then of course, on Saturday you shouldn't drive a car or do any cooking or anything like that because it's not a good thing to do. Wenn man daran glaubt, wenn man sozusagen diese Dinge mit Bedeutung tränkt, dann wird es natürlich bedeuten, dann sollten wir am Samstag besser kein Auto fahren und nicht kochen, weil das ist einfach unheilig ist zu tun. We live in a world of signs, Wir leben in einer Welt von Zeichen, of attributions of meaning which are applied on the basis of convention. und wir leben in einer Welt, in der Bedeutung auf der Grundlage von Konventionen attribuiert wird, zugewiesen wird. They're not intrinsically true, but they are conventionally true. Sie sind nicht sozusagen aus sich selbst heraus innewohnend wahr, aber sie sind konventionell wahr. And he's saying the mind is not touched by these conventions. Und was es hier heißt eigentlich, ist, dass der Geist von solchen Konventionen nicht berührt wird. So, although we can learn a lot, like we can learn the names of all the phenomena of samsara and nirvana,
none of them can be applied to the mind itself. Das heißt, obwohl wir natürlich eine ganze Menge lernen können und wir können alle möglichen Dinge in Samsara und Nirvana benennen, lässt sich das nichts davon auf den Geist selbst anwenden. There are many bits of Buddhist information you can acquire. Es sind viele Versatzstücke buddhistischer Informationen, die man sich aneignen kann. You could learn the Sanskrit names for the 8 hot hells and the 8 cold hells. Man kann, wenn man will, die Sanskrit-Namen für die 8 heißen und die 8 kalten Höllen lernen. That's something you could learn. Könnte man machen. Why would you bother? Warum würde man es wollen? You might get a job. Man könnte einen Job kriegen. You would do it for a purpose. Man macht das für einen Zweck. Conventional signs are like money, because money also is based on a conventional sign. Konventionelle Zeichen sind wie Geld, denn Geld ist auch nur ein konventionelles Zeichen. And so things become important or not important, but they cannot reach emptiness. Dinge können also wichtig oder auch nicht wichtig werden, aber sie können niemals ganz gleich was, Leerheit selbst berühren oder erreichen. So really what he's doing here is he's saying, Little Red Riding Hood, you want to get to Granny's house. What is this? Okay. Also dieses da, wo man eben das Haus der Großmutter gerne erben würde. And you have to go through the forest. Oder erreichen würde. Und da muss man eben durch den Wald gehen. But in the forest there are many dangerous paths. Aber im Wald gibt es viele gefährliche Wege. You don't want to get lost. Und wir wollen nicht verloren gehen. So this is what he's saying. There are many paths to get lost. Und das ist das, was er sagt. Es gibt viele Wege, auf denen man in die Irre gehen kann. If you want to awaken to your mind, don't follow the path of signs. Wenn du zu deinem eigenen Geist erwachen willst, dann folge nicht dem Pfad der Zeichen. But the only path I know is the path of signs. Aber das ist der einzige Pfad, den ich kenne, ist der Pfad der Zeichen. When I follow the path of signs, I know where I'm going. Wenn ich dem Pfad der Zeichen folge, dann weiß ich, wo ich hingehe. Unfortunately, I haven't reached Granny's house yet. Unglücklicherweise habe ich das Haus meiner Großmutter noch nicht erreicht. I need to go down a road where I don't know what will happen. Ich muss eine Straße lang gehen, wo ich nicht weiß, was geschehen wird. I'm not going down that road Aber diese Straße will ich nicht gehen. because I like what I know and I know what I like. Denn ich mag, was ich weiß und ich weiß, was ich mag. This is really what he's saying in an elaborate way, and it's completely important because when you sit and you do the practice, you follow the thought. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, was er hier sagt. Und er sagt das ein bisschen sozusagen elaborierter, aber es lässt sich direkt auf unsere Praxis anwenden. Wenn wir sitzen und die Praxis machen, dann folgen wir dem Gedanken. Thoughts are a good friend. Unsere Gedanken sind unsere guten Freunde. You're never lonely. Du bist niemals allein. 24 hours a day, you ask for a thought, you get a thought. In fact, they don't just get one, you get a lot. 24 Stunden am Tag, wenn wir um einen Gedanken bitten, dann kriegen wir einen Gedanken. Und nicht nur einen, sondern viele. That's what we're used to. Das ist das, woran wir gewöhnt sind. So the key issue in the meditation practice is how to be with the thought without relying on the thought. Das heißt, der Schlüsselpunkt in der Meditationspraxis ist zu wissen, wie man mit einem Gedanken sein kann, ohne sich auf ihn zu stützen. When you start to read the thought, read it as a sign, when you enter into that semiotic interpretation, then you're lost. Wenn wir anfangen, jedoch den Gedanken zu interpretieren, sozusagen ihn als ein Zeichen zu interpretieren, wenn wir also in diese semiotische Interpretation verloren gehen, dann sind wir verloren. We have learned that signs are meaningful. Wir haben gelernt, dass Zeichen bedeutungsvoll sind. But signs are conventions. Aber Zeichen sind nur Konventionen. When there are double yellow lines on the road, you shouldn't park because you get a ticket.
Zum Beispiel, wenn wir eine doppelt gelbe Linie auf der Straße sehen, dann sollten wir dort nicht parken, nehmen wir an in England, weil wir dann einen Strafzettel bekommen. It can cost you a lot of money if you don't want to learn that. Und das kann eine Menge Geld kosten, wenn wir das nicht lernen wollen. But it's a convention. Und doch ist es eine Konvention. The convention gives you the sense that you can read the world. Und diese Konventionen oder die Konventionen vermitteln uns das Gefühl, dass wir die Welt interpretieren können. So the renunciation aspect of the practice is that we have to start privileging not knowing as being more helpful in this circumstance than knowing. Und das, was als Entsagung bezeichnet wird, bedeutet in der Praxis, dass wir anfangen, das Nichtwissen höher zu schätzen als das Wissen für den Zusammenhang, in diesem Kontext. Not knowing. Also das Nichtwissen. Let's see. Lass mal sehen. Not knowing. So many ways we have of mobilizing our knowledge, our thoughts, but it takes us where we don't want to go. Wir haben so viele Wege, unser Wissen, unsere Gedanken zu mobilisieren, und doch bringen sie uns dahin, wo wir nicht hingehen wollen. Again, it's not about saying thoughts are bad, they're just useful for some things and not for others. Damit soll nicht gesagt sein, dass Gedanken per se schlecht seien. Sie sind lediglich einfach für manche Dinge nützlich und für andere nicht nützlich. Methods need to be applied where they are useful. Und Methoden müssen dort angewandt werden, wo sie auch nützlich sind. And thinking doesn't lead to emptiness. Und das Denken führt nicht zu Leerheit. Not knowing opens the path to emptiness. Das Nichtwissen öffnet den Weg zu Leerheit. So when we sit in the practice, we allow the flow of experience to come and go, which includes the flow of signs, of signifiers, of memories and so on, and we let it pass. Wenn wir also in Meditation sitzen, dann erlauben wir den Fluss von Bedeutungsträgern und Zeichen zu kommen und zu gehen, und das beinhaltet natürlich all die Ideen und Gedanken, die wir haben, und wir erlauben ihnen einfach vorüberzugehen. So I want to find out what it's like to be present without that being mediated through the interpretation of thought. Ich möchte also gerne hier herausfinden, was es denn bedeuten könnte, gegenwärtig zu sein, präsent zu sein, ohne die vermittelnde Tätigkeit des Gedankens. So then he says, mind's original nature is free of all limits of holding to dualities such as permanent and impermanent, hope and doubt, inhibiting and encouraging, rejecting and accepting, good and bad, large and small, top and bottom, bound and free, happy and sad, and so on. Und dann gibt es hier einen langen Satz, der sagt, die ursprüngliche Natur des Geistes ist frei von allen Begrenzungen des Festhaltens an Dualitäten wie beständig und unbeständig, Hoffnung und Zweifel, Behinderung und Ermutigung, Ablehnung und Akzeptanz, gut und schlecht, groß und klein, oben und unten, gefesselt und frei, glücklich und traurig und so weiter. So one of the terms we come across in reading this kind of Buddhist text is non-duality. Einer der Begriffe, denen wir oft begegnen, wenn wir einen solchen, so gearteten buddhistischen Text lesen, ist der Begriff der Nicht-Dualität. Non-duality means not one and not two. Nicht-Dualität bedeutet nicht eins und nicht zwei. So common symbol for that is God in this form of sexual embrace. Und ein sehr geläufiges Symbol dafür ist diese Gottheit hier in dem Symbol einer sexuellen Umarmung. The bodies are joined together, and so it appears to be one, and yet there are two people joined. But it's not one because there are two, and it's not two because
It's as if they are one. Die Körper sind sozusagen so verbunden, als wäre es eins, aber sie sind natürlich nicht eins, weil es zwei Leute sind. Das heißt, sie sind nicht zwei, weil sie verbunden sind, aber sie sind auch nicht eins, weil es zwei sind. The structure of our thinking in samsara is different. It works on the basis of binary opposition. Die Struktur unseres Denkens im Samsara ist anders. Sie beruht auf binären Gegensätzen. Which is a separative movement. Und das ist eine trennende Bewegung. It's the law of exclusion. Das ist sozusagen ein absoluter Ausschluss. If it's an apple, it's not a tomato. Wenn es ein Apfel ist, ist es keine Tomate. If it's a pear, it's not a grape. Wenn es eine Birne ist, ist es keine Traube. Because pearness excludes greatness. Denn Birnenhaftigkeit schließt Traubenhaftigkeit aus. So, when we say pear, we're affirming this is a pear, and we are simultaneously stating it's not an apple or a dog or a pig. Wenn wir also sagen Birne, dann bestätigen wir, dass es sozusagen eine Birne ist in dem Sinne, dass sie dann eben nicht ein Apfel, ein Hund oder ein Schwein ist. So, polarities or binary oppositions serve to fragment the world. Und diese Polaritäten oder binäre Gegensätze dienen dazu, die Welt zu fragmentieren. It's the basis for creating the thought that there are separate entities. Und das ist die Basis für den Gedanken, dass es da draußen getrennte Entitäten oder Dinge gibt. The appleness of the apple is held in its own qualities and by the exclusion of the qualities which pertain to other entities. Die Apfelhaftigkeit des Apfels wird einerseits durch die eigenen Qualitäten des Apfels aufrechterhalten, aber auch eben durch den Ausschluss all der anderen Qualitäten, die eben nicht zur Apfelhaftigkeit gehören. So, we become intelligent through our capacity to discern the difference between phenomena. Wir werden also dadurch intelligent, dass wir die Fähigkeit entwickeln, zwischen Phänomenen zu unterscheiden. So small children learn that in winter they put on a scarf and in summer they run around in their swimming costume. Kleine Kinder lernen, dass sie im Winter einen Schal anziehen sollten und im Sommer können sie in Schwimmanzügen rumrennen. So, this is winter, this is summer. Das ist Winter, das ist Sommer. This is bedtime, this is time to get up. Das ist jetzt Bettzeit und das ist jetzt Zeit aufzustehen. I know you're awake, but you have to go back to bed because it's not the time to wake up. Ich weiß, dass du wach bist, aber es ist trotzdem Zeit, ins Bett zu gehen, weil es ist nicht die Zeit, wach zu sein. But I'm awake. But it's not the time to be awake. Ich bin wach, aber es ist nicht die Zeit, wach zu sein. This is quite difficult for children. Für Kinder ist das schwierig. The concept is being put onto their head like an iron clamp, and they're being squeezed into what mommy says is more important than how it is for me. Das Konzept wird wie so eine Eisenklammer auf den Kopf geschraubt und man wird da hineingequetscht und es wird vermittelt, dass ich zwar wach bin, aber ich weiß, dass das, was Mama sagt, wichtiger ist als das, wie ich mich fühle. But gradually we get used to the constraint of the concept because it's also an extension of ourselves. It's the currency of the world and it empowers us to interact with others. Aber allmählich gewöhnen wir uns auf die Beschränkungen, die durch das Konzept entstehen, weil sie gleichzeitig eine Verlängerung, eine Erweiterung unserer selbst sind, gewissermaßen zu der Währung in diese Welt werden, mit denen wir Macht und Möglichkeiten erlangen. What we have to see, though, in this critique of the polarities is not only do they not apply to the mind itself. Was wir erkennen müssen in dieser Kritik der Polaritäten ist, dass sie nicht nur sich nicht auf den Geist anwenden lassen, but the polarities can't establish a truth. Sondern nicht einmal wirklich die Wahrheit begründen können. This summer was really hot in London. It was good.
Dieser Sommer war wirklich heiß. In London war es gut. Temperature got up to 28 degrees. Die Temperatur stieg bis 28 Grad. It's amazing. Erstaunlich. I mean, in Pakistan, they only had 45. Ich meine, in Pakistan hatten sie nur 45. So hot in London is not like hot in Pakistan. Also heiß in London ist nicht wie heiß in Pakistan. So when we say, oh, it's really hot today, Wenn wir also sagen, es ist wirklich heiß heute, that's relative to your expectations. dann ist das eine relative Feststellung in Bezug auf unsere Erwartung. You speak as if you're saying something definite. Wow, it's really hot. Wir aber sprechen, als würden wir irgendeine definitive Feststellung treffen. Oh, es ist heiß. But only because we are excluding all the other factors which would show it's not very hot at all. Aber nur auf Kosten des Ausschlusses von den ganzen Faktoren, die uns zeigen würden, es ist wirklich nicht so heiß. So once you enter into this semiotic web, the interlinking of all language movements, which is deeply structured around these binary oppositions, Wenn wir also dieses semiotische Netz betreten, diese Vernetzung von allen möglichen Sprachstrukturen, welche ja sich genau um diese binären Gegensätze strukturieren. once you enter that, the possibilities of self-deception are endless. Wenn man also da erstmal eintritt, sind die Möglichkeiten der Selbsttäuschung oder Selbstbetrugs endlos. Cheating ourselves is the most popular pastime. Sich selbst zu täuschen, zu betrügen, ist wahrscheinlich die absolut beliebteste Beschäftigung. Mind's original nature was not made by anyone. Die ursprüngliche Natur des Geistes wurde von niemandem hergestellt. It's just going to say the same things again. Das heißt, It cannot be ascribed any size or dimension. es werden immer wieder die gleichen Dinge festgestellt. Hier heißt es ferner, man kann ihr keine Größe oder Dimension zuschreiben. It's free of all partiality. Sie ist frei von jeder Parteilichkeit. And this is good because it means there are no entry criteria. Und das ist gut, weil es ja auch zugleich bedeutet, dass es keine Eintrittsbedingungen gibt. You don't have to be a good person to awake. Man muss nicht ein guter Mensch sein, um zu erwachen. It's not created by good deeds. Sie wird nicht durch gute Taten erschaffen. It's open. It's open to everything. Sie ist offen und sie ist für alles offen. It offers impartial hospitality to whatever is arising. Sie offeriert eine unparteiliche, eine unvoreingenommene Gastfreundschaft für alles, was entsteht. Now, this is important for meditation Das wiederum ist wichtig für Meditation. because what we find in meditation is that we're involved in this move of accepting and rejecting. Denn was wir in Meditation feststellen, ist, dass wir in dieser Bewegung von Akzeptieren und Ablehnen befangen sind. Our ego is prejudiced. We have likes and dislikes. Unser Ego hat Vorurteile. Wir haben Dinge, die wir mögen und die wir nicht mögen. And on the basis of this, we would like to develop more thoughts that make us feel good and have fewer thoughts that make us feel bad. Auf dieser Grundlage würden wir vielleicht mehr Gedanken derart entwickeln, dass wir uns dabei gut fühlen und weniger Gedanken haben, die uns schlecht fühlen lassen. This is the discriminating function of our consciousness. Das aber ist die unterscheidende Funktion unseres Bewusstseins. But awareness is impartial. Aber die Bewusstheit ist unparteilich. So in the text, you'll often see the phrase, whatever comes, comes, whatever goes, goes. Daher sieht man in den Texten oft den Satz, was immer kommt, kommt, und was immer geht, geht. The focus of the practice is not selectivity, but hospitality. Und der Fokus der Praxis besteht nicht in Selektivität, sondern in Gastfreundschaft. This is a very good little marker that helps you see what you're up to in your practice. Das ist eine sehr, sehr wichtige Marke, die uns hilft, zu erkennen, wonach wir denn eigentlich in unserer eigenen Praxis trachten. For example, say you're sitting to practice and your mind feels very heavy and dull. Zum Beispiel, wir sitzen in der Praxis und unser Geist fühlt sich sehr schwer und stumpf.
think this is ridiculous. What am I doing? Dann sitzt man da und denkt, das ist ja lächerlich, was mache ich denn hier eigentlich? I'm not meditating. Ich bin doch nicht am Meditieren. Then you get up, make a cup of tea, do something else. Dann könnte man ja aufstehen und eine Tasse Tee machen oder was anderes machen. But what you were having was dull meditation. Was wir aber gemacht haben eigentlich, war einfach nur eine stumpfe Meditation. What's the point of dull meditation? Nun, was ist der Punkt daran, eine stumpfe Meditation zu machen? It's what you get. Das ist das, was man in dem Moment kriegt. That's what has arrived today. Das ist das, was heute für uns gekommen ist. You can't go out and give the postman €100 and say, only bring me good news. Wir können nicht rausgehen, dem Postmann 100 € geben und sagen, du bringst mir bitte nur gute Nachrichten. The postman brings the letters with your name on it, whatever's inside. Der Briefträger bringt einfach die Briefe, die unsere Adresse, unseren Namen tragen, was immer da drin sein mag. In the same way, our mind shows whatever comes. In der gleichen Weise zeigt unser Geist, was immer kommt. What is important is the coming, Was wirklich wichtig ist, das Kommen. the revealing. This is the clarity of the mind, which is the capacity to show. Sozusagen das Enthüllen. Das ist die Funktion der Klarheit des Geistes, die dazu da ist, zu zeigen. The fact that you install yourself like a nightclub bouncer deciding who should come in and who shouldn't come in, this is not helpful. Tatsache, dass wir uns selbst da hinstellen wie ein Nachtclub-Rausschmeißer, dem die Entscheidung fällt, wer reintreten darf und wer nicht, das ist nicht hilfreich. The ego is upset by bad thoughts. Das Ego ist vielleicht aufgebracht durch schlechte Gedanken, Awareness is not. aber die Bewusstheit ist es nicht. So we remember this when we're in the practice and we get into editing and trying to make the patterns we like. We think, oh, I'm just doing ego time, not practice. Wir müssen uns daran erinnern, wenn wir in der Praxis sitzen und merken, dass wir anfangen, Dinge zu editieren, dass wir anfangen, sozusagen die Muster so zu manipulieren, wie wir sie gerne hätten, müssen wir uns daran erinnern, dass das Ego-Zeit ist und nicht Praxis. It is beyond being something that can be indicated by saying, it is this. From the very beginning, it has been perfectly pure and abides in great equanimity towards everything within samsara and nirvana. Ich weiß, dass ferner sie ist jenseits von etwas, was als es ist dies bezeichnet werden könnte. Von allem Anfang an war sie vollkommen rein und verweilt in großem Gleichmut gegenüber allem in Samsara und Nirvana. Oh. He's repeating what he said before. Whatever comes, let it be. Und das wiederholt gewissermaßen, was schon zuvor gesagt worden ist. Was immer kommt, lass es einfach sein. Because you have the field of arising, which is the space of the mind. Denn wir haben das Feld, in dem alles entsteht, und das ist der Raum des Geistes. What arises can't be grasped. The openness of the mind is not blocked. Was immer entsteht, kann nicht ergriffen werden, und die Offenheit des Geistes kann dadurch auch nicht blockiert werden. But into this we insinuate our judgment. Aber in das hinein bringen wir unser Urteil ein, which like a wedge seems to separate what is occurring and the one who is experiencing it. So self and other become differentiated. Und das scheint wie ein Keil sozusagen, das, was erscheint, und derjenige, der dieses Erscheinen empfängt, zu trennen, sodass Selbst und anderes als getrenntes erscheinen. This separation is not an established fact. It is the product of activity, mental activity. Und diese Trennung ist keine etablierte Tatsache, sondern es ist das Produkt mentaler Aktivität. The whole is the given. It's there from the very beginning. The fractured, the fragmented, the divided arises due to the turbulence created by mental activity. Es ist das Ganze, das die Gegebenheit ist, das, was von allem Anfang an immer da war. Es ist das Gebrochene, das Frakturierte, Fragmentierte, das sozusagen durch unsere mentale Aktivität erst erzeugt wird. So then he says,
Those who realize this have the ground or basis of Buddhahood. Und dann heißt es hier ferner, jene, die das realisieren, haben die Basis für das Erkennen der Buddhaschaft. Those who do not realize this have the ground of being sentient beings. Und jene, die es nicht erkennen, haben die Basis, fühlende Wesen zu sein. Therefore, it's called the ground of all, the Kunshi. Und daher wird dies als der Grund von allem oder Basis von allem bezeichnet, Kunshi auf Tibetisch. So the difference between Buddhas and sentient beings is that the Buddha recognizes that they are infinite spacious mind, the ever shimmering field of clarity, and this precise mode of manifestation. These three inseparable. Der Unterschied zwischen Buddha und fühlenden Wesen ist der, dass der Buddha erkennt, dass er dieser unendliche Geist ist, dass dieser Geist diese schimmernde Qualität der Klarheit hat und dass in dieser Klarheit sozusagen ein unaufhörlicher Fluss von Manifestationen stattfindet. The Buddha never forgets the ground. Aber der Buddha vergisst eben niemals die Basis oder den Grund. Because the ground is the basis, the source. Everything begins with the ground. Denn der Grund ist gewissermaßen die Basis oder die Quelle. Alles geht von ihm aus. Whereas we sentient beings, we begin with ourselves. Während wir als fühlende Wesen starten bei uns. I'm here. Ich bin da. This is me. Das bin ich. Involves a forgetfulness of the ground and also a forgetfulness of the field of clarity in which self and other are rising together. Und das beinhaltet eine Vergesslichkeit in Bezug auf den Grund und beinhaltet auch die Vergesslichkeit in Bezug auf diese stets vorhandene Klarheit, in der selbst und andere gemeinsam erstehen. Although this ground is open and empty, when we awaken to the presence of the ground, it doesn't swallow us up like some great leviathan coming out of the ocean. Und obwohl der Grund sozusagen offen und leer ist, ist es keineswegs so, dass wenn wir uns dem Grund gegenüber öffnen, dass er uns so verschluckt wie ein großer Leviathan, der aus den Wässern aufsteigt. Rather, we are freed. We are freed from the burden of being ourselves. Nein, wir werden stattdessen eher befreit, und zwar von der Bürde, wir selbst zu sein, befreit. From the loneliness of being ourselves. Von der Einsamkeit, wir selbst zu sein. Because now we belong to the integrated field of manifestation, the realm of clarity. Und jetzt gehören wir zu dem integrierten Feld von Manifestation, dem Bereich der Klarheit. Which in the tantric systems is represented as the mandala of all the Buddhas. Im tantrischen System wird das repräsentiert als das Mandala aller Buddhas. And we are inseparable from this ground, the open mind, which is the side of the mind of the Buddha. Und wir sind ungetrennt von diesem offenen Grund, von der Grundnatur, die nichts anderes ist als der Geist des Buddha. So, when we relax our grasping, our holding ourselves together, our anxious attachment to how we think we are, Und was unser Festhalten, unser Greifen, unsere ängstliche Beachtung dessen, was wir glauben zu sein, entspannen können, we get more, dann bekommen wir mehr not less. und nicht weniger. It's very strange. The more you give up, the more you get. Und das ist wirklich seltsam. Je mehr wir aufgeben, desto mehr bekommen wir. And the more you hang on, the less you have. Und je mehr man an etwas festhält, desto weniger hat man eigentlich. So, that is the section on the ground, which gives us a sense of what is our mind. Das ist also der Abschnitt über den Grund oder die Basis und das gibt uns ein Gefühl dafür, was der Geist ist. Then it's the section on the path. The practice which constitutes the path is to understand falseness so that confusion is liberated. Und dann gibt es den Abschnitt über den Pfad. Und hier heißt es, die Praxis, die den Pfad darstellt, ist die Falschheit zu verstehen, so dass Verwirrung befreit wird.
falseness means to be under the power of ignorance and misidentify what is going on. Falschheit bedeutet hier unter der Macht der Ignoranz zu stehen und das, was vor sich geht, misszuinterpretieren oder misszuidentifizieren. Now that Britain is sailing off into the Atlantic, Nun, da Großbritannien in den Atlantik absegelt, freedom and joy, nichts als Freiheit und Freude, many people were saying, now we have our country back. pflegen viele Leute zu sagen, jetzt haben wir unser Land wiederbekommen. But what is one's country? Aber was ist unser Land? I am Scottish, Ich bin Schotte, but I don't want to live in Scotland. aber ich will nicht in Schottland leben. I live in England. Ich lebe in England. Not that I particularly like England, but I like it more than Scotland. Nicht, dass ich besonders gerne England mögen würde, aber ich mag sie immerhin besser als Schottland. So what is my identity? Wo ist also meine Identität nun? Something DIY, cobbled together. Das ist irgendwas sozusagen von der Art, bastelst dir selbst zurecht. What does it mean to be British? Was bedeutet es, britisch zu sein? Nothing at all. Eigentlich nichts. Germany for the Germans. Deutschland für Deutsche. But people in North Germany are not always fond of people living in South Germany. Aber Leute, die in Norddeutschland leben, sind nicht immer begeistert von Leuten, die in Süddeutschland leben. They have certain opinions about people in Bavaria. Man hat gewisse Meinungen über Leute in Bayern. So who are the real Germans? Wer also sind die wirklichen Deutschen? That could be the basis for a war. And in the past it has been. Könnte Grundlage für einen Krieg sein und war in der Vergangenheit auch die Grundlage für Kriege. So how do you know what the real thing is? Wie willst du also wissen, was dieses wahre Ding ist? This is what's really difficult. Wirklich sehr schwierig. When we start to question these assumptions or suppositions which provide the basis for our identity, we find there's not much substance there. Wenn wir anfangen, unsere vorweggenommenen Annahmen oder unsere Ideen davon, was die Basis unserer Identität ist, in Frage zu stellen, werden wir herausfinden, dass nicht sehr viel übrig bleibt. They are conventional constructions. Sie sind nichts als konventionelle Konstrukte And therefore they are unreliable. und als solche sind sie unzuverlässig. They're not arising from some true essence. Sie kommen nicht aus irgendeiner wahrhaften Essenz heraus. Their essence is an agreement. Ihre einzige Essenz ist sozusagen die Übereinstimmung, die getroffen wurde. Europe is an idea. Europa ist eine Idee. Is the Ukraine in Europe? Ist Ukraine in Europa? How far east do you want to go? Wie weit wollt ihr nach Osten gehen? Tajikistan? Vielleicht bis Tadschikistan? Who would say where the end is? Wer könnte sagen, wo das Ende ist? This is politics, this is decisions, this is lines on the map. And the historical map of Europe is expanding and contracting like a mad concertina. Das ist sozusagen Politik, das sind Linien auf der Karte. Und wenn man die Karten Europas betrachtet, dann sieht man, dass Europa sich sozusagen ausdehnt und schrumpft wie eine wild gewordene Harmonika. So this, Akkordeon. yeah. So this is what falseness means. It means that we believe that these artificial, historically generated conventions are deeply and intrinsically true. Das ist das, was Falschheit hier bedeutet, nämlich der Glaube, dass diese Konventionen, die historisch generiert worden sind und sozusagen als solche etabliert worden sind, irgendeine Art von tiefer innewohnende Wahrheit tragen. This is how we lie to ourselves and cheat ourselves. Und das ist die Art und Weise, wie wir uns selbst belügen und betrügen. I am British. Ich bin ein Brite. Doesn't really mean anything at all. Das bedeutet nicht wirklich irgendetwas. It just means you're entitled to a passport that you can travel around a little bit. Das
bedeutet lediglich, dass man die Berechtigung hat, einen bestimmten Pass zu tragen und damit herumzureisen ein bisschen. But it has no clear indication of how I should be or what I should eat or how I should dress. Aber es enthält keinerlei klaren Hinweis darauf, wie ich sein sollte, was ich essen sollte, wie ich wohnen sollte, wie ich mich anziehen sollte. And what occurs when we start to investigate the signs that we use as the guarantors of our identity, Was dann passiert, wenn wir anfangen, die Zeichen genau zu untersuchen, die sozusagen als die Garanten unserer Identität dastehen, we find these are empty signifiers. dann werden wir feststellen, dass das lediglich leere Bedeutungsträger sind. I am a man. Ich bin ein Mann. I don't know what that would mean. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet. What should I do if I'm a man? Was sollte ich tun, wenn ich ein Mann bin? I don't have any tattoos. Maybe I need some tattoos. Ich habe keine Tattoos, vielleicht brauche ich Tattoos. Or a mustache. Oder ein Bart, ein Schnurrbart. Should I have a straight mustache or one going down or one going up? Soll ich einen geraden, einen nach unten gekurften oder einen nach oben gedrehten haben? What would a real man do? Was würde ein wirklicher Mann tun? Maybe I'm not a proper man. Vielleicht bin ich kein richtiger Mann. So we use these things, but they are hollow. Wir They're like balloons. benutzen diese Dinge, aber sie sind hohl, sie sind wie Ballonen, die aufgeblasen sind. You blow up the balloon. Blasen sie auf, We blow up these concepts and signifiers so that they appear strong and real and reliable and true, and we move them around. But when we stop and look at them, the air comes out and the balloon is a little bit wrinkled. blasen diese Konzepte und Bedeutungsträger so, dass sie als wahrhaft und stark und wirklich von Bedeutung erscheinen, und wir bewegen sie herum und arrangieren sie immer wieder neu, aber wenn wir sie einfach loslassen, dann sind sie ziemlich wurzelig. So when he's talking about falseness, he's not meaning this as a moral fault. It doesn't mean we are bad people. Wenn hier also über Falschheit gesprochen wird hier nicht über Falschheit im moralischen Sinne gesprochen, dass wir irgendwie Lügner sind, die irgendwie als Leute schlecht sind, moralisch schlecht sind. But rather we are deluded. Es ist eher im Sinne von der Täuschung unterlegen. We rely on concepts to tell us the truth, but these concepts are incapable of doing that. Wir verlassen uns auf Konzepte, damit diese uns die Wahrheit sagen, aber Konzepte sind nun mal unfähig, das zu tun. So this is what the path of Dzogchen involves. Seeing how you cheat yourself through relying on concepts as telling the truth about how it is. Und das ist genau das, worin der Pfad des Dzogchen beruht, dass wir sozusagen anschauen, wie wir uns auf Konzepte stützen, um die Wahrheit zu erkennen, die uns aber in Wirklichkeit diese Wahrheit gar nicht sagen können. Concepts are imaginal. They are concerned with the as if. Konzepte sind sozusagen vorstellungsmäßig. Sie tun so, als ob. And so we give ourselves to certain symbols and they seem to be very important. Und so überlassen wir uns gewissen Symbolen, die sehr wichtig zu sein scheinen. When I was a child and we went to the cinema, at the end of the film they always played the national anthem and everybody had to stand up. Als ich Kind war und wir ins Kino gingen, wurde am Ende jede Vorstellung die Nationalhymne gespielt und wir hatten aufzustehen und stramm zu stehen. They don't do that now. Heute wird das nicht mehr gemacht. The country is dying. Das Land stirbt. And it dies because you don't have a symbolic identification. Und es stirbt, weil wir diese symbolische Identifizierung nicht mehr haben. If a war came, who would be willing to die for Great Britain? Wenn ein Krieg käme, wer wäre denn bereit, für Großbritannien zu In stehen? the First World War, the Second World War, people died for their country. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg sind Leute für ihr Land gestorben. As a pacifist, I don't believe that wars are very good.
Als Pazifist denke ich nicht, dass Kriege sehr gut sind. But clearly what it points to is human beings bonding through identification with symbols. Aber worauf es hinweist, ist ganz klar menschliche Wesen, die gewissermaßen eine Bindung schaffen durch das sich stützen auf Symbole. And when the invested slogan like blood and soil is raised, something is motivated in people. Und wenn ein Slogan wie zum Beispiel Blut und Boden mit Bedeutung getränkt wird und aufgebracht wird, dann bringt das irgendwas in Menschen auf. So that's what we have to observe. You can see it with the rise of right-wing political parties and so on. People are looking for a deeper meaning. They want to find something to belong to. Das ist das, was man wirklich beobachten muss. Man kann es sehr gut sehen, zum Beispiel in der Entwicklung der rechtsextremen Bewegung, wo Menschen nach solchen Identifikationspunkten Sehnsucht haben und suchen. But whether you believe you are really German or European doesn't make much difference. Aber ob man jetzt daran glaubt, dass man ein wahrer Deutscher ist oder ob man glaubt, man sei ein wahrer Europäer, macht in der Hinsicht keinen großen Unterschied. Because the root problem is ontological confusion. Denn das Grundproblem hier ist eine ontologische Verwirrung. A sort of existential ungroundedness. Eine existenzielle Unverwurzeltheit. When we are not ourselves vibrant, present and alive, Wenn wir nicht wir selbst sind, indem wir schwingend, vibrierend, gegenwärtig und lebendig sind, that gap of alienation is filled up by these empty signifiers. dann wird diese Lücke der Entfremdung durch leere Bedeutungsträger aufgefüllt. So I can march through the street with a banner, shout something. Dann kann ich durch die Straße marschieren mit einem Banner und etwas schreien. I am protesting. I'm a Protestiere. Protestant. Ich bin ein Protestant. Hmm? This is Martin Luther. I stand here and I say to you, So wie Martin Luther, ich stehe hier und ich sage euch, but it's the hollowness of the drum that lets it make a big noise. aber es ist das Hohle an der Trommel, das sie befähigt, einen großen Lärm zu machen. Emptiness is the ground of all this creativity. Und die Leerheit ist der Boden, auf dem all diese Kreativität entsteht. And all this human activity, busy this, busy that, inside, outside, up, down, friend, enemy, it's just bubbles. Und all diese geschäftige Aktivität von innen, draußen, von wichtig, unwichtig, Freunde, Feinde, all das sind gewissermaßen einfach Luftblasen. No amount of thinking will create a stable identity. Keine noch so große Menge an Denken wird eine stabile Identität erschaffen, Because thoughts are impermanent. weil Gedanken eben unbeständig But sind. awareness, which is unchanging and there from the very beginning, this is the real identity. Aber Bewusstheit, die unveränderlich ist und von einem an Beginn an existent, das ist die wahre Identität. This is where we can rest and be safe. Das ist der Ort, an dem wir ruhen können und sicher sein können. And this is our true home. Unser wahres Heim. In all the rest is just confusing self and others by intoxication with empty signifiers. Alles andere ist, sich selbst und andere zu verwirren, indem wir von leeren Bedeutungsträgern berauscht sind. Okay, if we have a little break now, 15 minutes, Lasst uns eine kleine Pause haben von 15 Minuten. and then we'll do some more meditation practice and continue in the text. Dann machen wir ein bisschen mehr Meditationspraxis und fahren mit dem Text. So we start again 4:30. Wir beginnen wieder um 3:30.